Hallo, guten Morgen, guten Morgen. Na, wie geht's? Oh, ich hätte lang nicht mehr gesehen. Was macht ihr denn hier? Was für ein Zufall. Guten Morgen. Wow, als wäre ich ewig nicht mehr hier gewesen. Boah, weiß gar nicht mehr, wie sich die Maus anfühlt. Wer sind Sie? Ich kenne Sie nicht. Hallo, mein Name ist Frosch. Walter Frosch. Wie geht es mir nochmal? Ja, wie geht das? Waren schwere 27 Stunden für uns. Ja. Elefanten, Rötverein, Dankeschön für den Prime, Dankeschön. Guten Morgen an alle, wie geht's? Ist das die weltberühmte Bankkritikerin? Ganz genau. Hey, Basti, wie geht's? Darauf erstmal eine Zigarette, ja. So, speaking of Bank, viele Leute wollen das selber machen wie Leon, dass ich ihnen Items trade quasi und dann laufen sie rum und geben die Items an Leute weiter. Ich finde das war eine richtig coole Idee von Leon. Das war MVP auf jeden Fall. Road to 60, ja, es gibt Road to 60. Ganz genau. Ich bin jetzt 33. Ja, ist schon krass. Habt ihr gesehen, wie viel ich gespielt und gestreamt habe? Habe auf meiner Insta-Story relativ viel gepostet. Was ist das denn jetzt ein Golden Cuppa Trade? Ich bin gerade erst aufgestanden. Es ist 9:12 Uhr. Twitch. Es ist 9:12 Uhr. Ich bin aufgestanden gerade und jetzt gibt's einen Golden Cuppa Trade oder was? Was ist denn los mit euch? I am Bonsai, Dankeschön für Prime. Oh Mann. Dankeschön, Basti. Vielen Dank. Tante, Dankeschön für die 100 Bits. Wer bist du eigentlich, meine Mutter? So, ich muss euch kurz was zeigen. Warte. Shimada, Dankeschön für die 10 Subgifts. Holy fuck. Dankeschön, Shimada. Willkommen alle. Also hier lesen. Wer kommt denn hier alles dazu? Heinz Fisch, Dankeschön für den Prime. Guter Name, finde ich gut. Heinz Fisch. Dann, Shimada hat einen Sub gegiftet an In Alter Fische, Myth Brew, Vorgren, Chris Duty Krise. Oh, die Namen sind aber schon gut. Venom Pro, Mist, Lando de Banjoman, Refi, Levit und Axalia. Danke für die ganzen 100 Bits. Sainogora. Und übelst am Rocken hat 5 Stars gegiftet. Dankeschön. Willkommen an JSC, Shark, CSGO, Nedelicious, Eisbär und Shadowsync. Vielen Dank. Die Sucht kann endlich weitergehen. Let's go. Skyfall, Dankeschön für die 10 Monate und die 600 in Advance. Dankeschön. Heinz Fisch ist der Bruder von Walter Frosch. Oh Mann. Tomek, Dankeschön für den Prime. Sammy, Dankeschön auch für den Sub. Und der Teil, danke für den Prime. Kevin Knox, Dankeschön. Tom, vielen Dank. Ich hatte gestern einen schönen Tag auf jeden Fall. Es war so komisch, irgendwie den ganzen Tag nicht zu streamen. Aber ich habe gestern irgendwie. Also bin ein bisschen spazieren gegangen, bin ein bisschen kurz eine kleine Wanderung gemacht auf die Lieblingsfeierabendbank. Die ist echt nice. Habt ihr das Video gesehen? Von Instagram? Ich kann es euch auch eben zeigen. Die Bank ist echt cute. Eine richtig schöne Aussicht. Ich zeig's euch. Oh.
Warte, leider ist Metashi, also die Schneefrau, ist leider kaputt. Oh, guckt euch die Schneefrau an. Dann war ich kurz bei meiner Mama Kaffee trinken. Dann war ich draußen. Guck mal, ich war draußen. Es war okay Wetter, war nicht super schön, aber okay. Guck mal, war cute, oder? Dann müssen wir spazieren gehen. Hab Questgiver gesucht. Aber keine gefunden. Und dann habe ich die Burg gesehen und dachte mir, denkt ihr, das sind Elite drin? Und dann habe ich die Schminke bekommen, die mir Jen vorgeschlagen hat. Habe sie heute probiert. Ist cute, oder? Sieht ganz gut aus. Und dann bin ich eben auf den Berg gegangen. Ich habe echt geschnauft. Ich dachte, ich sterbe. Und das ist die Bank. Guck mal, wie cute es hier ist. War ein bisschen kalt. Aber sonst echt cute hier, oder? Die Bank hat echt eine gute Aussicht. Irgendwann war ein bisschen kalt, weil ich auf Eis gesessen bin. Aber war cute, war cute. Dann haben wir noch Davids Auto gewaschen. War cool. Ey, die Waschanlage war echt cute. Überall Lichter, so RGB-Lichter, als wäre man in einem Gaming-Raum oder so. Habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nie so eine Waschanlage benutzt. Sah cool aus. Und dann gab es Milchreis. Oh, ich habe Milchreis gegessen und habe Slow Horses geguckt. Das war echt cool. Slow Horses ist echt nice. Und dann war ich baden und habe Dungeon Guys geguckt. Sulfarak. War cute, war cute. So, was habe ich alles verpasst? Ey, diese Golden Kappa Trains, viel zu früh, ne? Danke für die 100 Bits auch. Guten Morgen, Solidit. Dashu, danke für die 91 Monate. Vielen, vielen Dank, Dashu. Wie geht's? Hallo. Dann Hero, danke schön für den Subgift. Und CMDR Freezer, danke auch an den Subgift. Amrod, danke schön für die Verlängerung des Subs. Und Darkley, danke schön für den Prime. Die RGB-Waschanlage, ja, ohne Witz, es sah echt aus wie eine RGB. Es gab pinke Lichter und grün und blau, es gab irgendwie alles. Und dann dachte ich so, wenn irgendwer Epilepsie hat, dann kann er gar nicht zugucken. Oh, das war irgendwie echt krass. So, ich wollte noch kurz euch zeigen, warte. Guck mal. Warte, nicht von den letzten 30 Tagen, sondern seit Eventstart. Ich habe mir das gestern angeguckt. Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, das ist ein bisschen klein. Aber guck. Also seit 17 Tage, vom 27. also Eventstart, bis den Tag vom Off-Day, habe ich ja jeden Tag gestreamt, ne? Und ich habe in diesen 17 Tagen 208 Stunden gestreamt. 208 Stunden. Und wenn ihr das ausrechnet, 208, warte, ich rechne es euch aus. Oh. Muss ich gestern auch ausrechnen, war mir zu schwierig im Kopf. Hier, 208 geteilt durch 17, einfach 12,2. Da war 12,2 schon jeden Tag. Durchschnittlich 12,2. Das ist schon viel, ne? Das ist schon echt viel. Das ist schon irgendwie krass. Ja, ich bin ein bisschen süchtig. Aber das Krasseste ist halt, dass ich erst Level 33 bin. Ja klar, ich bin einmal gestorben, ja, aber wie lang das halt dauert. Aber jede Sekunde macht halt auch Spaß, ne? Also. Macht schon Spaß, aber schon viel. Das ist ungefähr, was der durchschnittliche Boomer angeblich früher gearbeitet hat, wenn es sich auf Facebook über junge Leute aufregt. Das stimmt auf jeden Fall. Ich fand es auch so lustig. Ja, lustig. Aber einige Leute haben sich aufgeregt, weil als ich den Off-Day hatte, ich hatte halt echt wenig Schlaf, weil ich habe 12 Stunden halt gestreamt und dann außerhalb vom Stream musste ich ja auch noch Sachen machen. Ist ja nicht so, als würde ich einfach nur schlafen und streamen und dazwischen wäre alles Freizeit, wo ich gar nichts mache, sondern ich musste mich ja auch ready machen für den Stream, ich musste auch Social Media Sachen machen, ich habe YouTube-Videos gepostet und so Sachen gemacht. Also habe ich echt nicht so viel geschlafen auch in den 12 Tagen. Deswegen habe ich gestern 12 Stunden geschlafen.
ich habe mir einen Wecker gestellt nach 9 Stunden oder so. Aber als dann der Wecker geklingelt hat, war ich echt noch müde. Und dann dachte ich mir, boah, ich schlafe einfach weiter. Ich muss eh nichts machen. Ich muss mal richtig ausschlafen. Dann habe ich ohne Witz 12 Stunden geschlafen. Und dann habe ich das gepostet auf Instagram, dass ich 12 Stunden geschlafen habe. Und es kamen echt viele Leute, die jetzt so meinten, oh, muss ja nice sein. Und irgendwie, oh. War wohl anstrengend, das ganze Videospiele spielen. Oh, muss schön sein, den ganzen Tag nur Videospiele spielen und dann 12 Stunden schlafen. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, oder? Oh Mann. Gott sei Dank, Dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank. Eggelolf, Dankeschön für die 5 Monate. Fürndal, danke auch für die 6 Monate. Vielen, vielen Dank. Und ja klar, danke für den Prime. Haben wir jetzt alle einen Golden Kappa? Ja, nice. Ey, ich habe keinen Golden Kappa bekommen. What? Ey, was? Ihr habt alle einen Golden Kappa und ich habe keins. Ey. Not. You have it? No, I don't. I do not. Ich sehe es bei allen anderen, aber bei meinem nicht. Latica, Dankeschön für Prime. Vielen Dank. Was siehst du bei mir ein? Ach, ich selbst sehe nicht. What the fuck? Ein richtiger Scam hier. Ja. Habt ihr das mitbekommen, dass es so einen Scam gab irgendwie mit Mythic Talent und Extra Emily und so und LSF? Habt ihr das mitbekommen? Ich habe das erst heute in der Früh gelesen. Mein Twitter ist immer voller Drama. Ich gucke Twitter eigentlich selten, weil es so viel Drama auf Twitter immer gibt. Aber heute habe ich mal Bock, kurz durchzuscrollen. Danke für die 4 Monate, Floki. Dankeschön. Ey, ist echt krass. Warte, ich sage euch das. Wenn ich es finde. Wer hat da darüber gepostet? Boah, wer war das nochmal? Wer war das nochmal? Es gibt so jemanden, der oft so News-Dinger postet. Ich finde den echt gut, weil er ist echt konstruktiv und ist nicht so Drama-heavy. Ich lese seine Tweets gern. Oh, ich habe vergessen, wie er heißt. Mann. Ich weiß es nicht. Warte mal, ich suche das jetzt. Weißt du, immer dieses Ding, wenn du mal irgendeinen Post gesehen hast und dann möchtest du dann wieder finden und du weißt aber nicht, wer es gepostet hat. Boah, das ist halt immer... Auf Instagram tue ich auch immer richtig schwer, irgendwas zu finden. Und Twitter auch. Nee, das finde ich so nicht, glaube ich. Egal, warte. Oh, ich hab's. Der heißt Zach Bassi. Der hier, den meine ich. Covering Creators in Streaming. Ich finde den immer ganz gut. Also er ist immer recht neutral und ist nicht irgendwie am Drama-Farm oder so. Ich finde den immer ganz gut. Ich folge dem gar nicht. Ich folge mal reinfolgen hier. Okay, also er meinte hier... $1 Million Fan, a show promoted by Livestream Fail, along with several creators from Mythic Talent, has seemingly deleted their Discord, closed their Twitter account, and had the LSF mod delete the promotion. This after one of the creators involved, Extra Emily, claimed she had no idea what she was promoting and did zero research into it. Many had asked her whether this was a scam.
The rapid deletion of everything feels like there may indeed have been something nefarious going on here. Und dann schreibt er, the website is also gone, TikTok deleted, YouTube channel removed, Facebook page is still up. Some screenshots of Ahmad at LSF explaining their involvement, documented because they're the only source of any information from this whole thing. And someone said, bla bla bla. Und dann hat er noch irgendwas geschrieben. Hier. This is a pitch that creators involved in the $1 Million Fan Show received from their talent agency Mythic Talent. There are some obvious red flags in this pitch, but for creators, it's reasonable to assume your agency did its due diligence and verified the authenticity of it all. So the question is, how did Mythic get duped? Also ganz viele Leute sind jetzt ultra mad auf Extra Emily. Also ich kann es euch mal erklären oder halt mal vorlesen, damit ihr wisst, was es ist. Also das war halt irgendwie, es heißt halt $1 Million Fan und die Idee dahinter wäre gewesen, dass 7 Streamer und 14 Fans irgendwie in so eine Menschen kommen, in so eine Villa und das sagt irgendwie eine Woche oder so. Und der Gewinner bekommt dann $20 Millionen. Die Hälfte bekommt der Creator. Und, nee, warte mal. One creator and 2 fans who will enter via raffle. Ja, okay, hier steht irgendwie, this show will be set to air on Amazon Prime, featuring the soon-to-be-broken Guinness Book of World Records for biggest prize pool in history, $20 million. Winning group splits the money in half, 10 million to you and 10 million to the fan. Und dann steht hier halt Deliverables, Reality TV Show Appearance, 1 bis 7 Tage, depending on how far you make it in the competition. 1 social post. Timeline, blah, blah, blah. Location, Vancouver, Canada. Security, fully fenced property with a single access road. Professional security, blah, blah, blah. Und offered, keine Ahnung, viel Geld, plus 20% of net ticket sales from your ticket. Keine Ahnung, also das klingt schon ultra übertrieben, also 20 Millionen ist ja, das klingt ja komplett übertrieben. Aber es gab schon verrücktere Game-Shows und generell, oder? Also irgendwie, also es klingt schon natürlich nach viel zu viel Geld irgendwie. Aber also wenn man so Sachen wie die Mr. Beast Shows und so weiter, also irgendwie kann ich mir es auch vorstellen, dass es halt irgendwie stimmt. Aber also es ist nicht komplett irgendwie jetzt, als würde es überhaupt gar keinen Sinn machen. Deswegen, ich weiß nicht, mir tut Extra Emily ein bisschen leid, muss ich sagen, weil ich kenne sie jetzt zwar nicht als Streamerin, also ich habe von ihr schon öfter gehört, aber ich habe nie wirklich ihren Stream oder so ihren Content geguckt, muss ich sagen. Deswegen weiß ich jetzt nicht mehr von ihr. Aber ich muss halt auch, also ich muss sagen, wenn mir die Agency, weil ich bin ja auch in der Agentur, ich bin bei GG Talent und Mythic Talent ist auch eine große Agency und mir kommt vor, wenn dir deine Agentur etwas vorschlägt, weil dafür bezahlst du ja die Agentur, damit sie für dich negotiaten, verhandeln und damit sie die Verträge durchgucken, die haben Anwälte und die machen halt, also ihre Aufgabe ist es, so Sachen zu kontrollieren, ob die stimmen, ob die richtig sind, ob die ins Ganze sind oder nicht. Und die sollten eigentlich, dafür bezahlst du die ja, damit sie das für dich machen. Und wenn dann die Agency zu dir kommt und sagt, hey, hier ist ein Angebot, dann klar könnte man ja nochmal alles nachgucken und gucken, ob das echt stimmt oder ob das wahr ist oder nicht. Klar, könnte man schon. Aber ich muss sagen, ich mache das auch meistens nicht. Also wenn die Agency zu mir kommt und sagt, ich habe das Angebot für dich, dann glaube ich, dass die Agency das halt kontrolliert hat. Also da vertraue ich denen jetzt schon. Ist jetzt echt hart, dass das irgendwie echt ein Scam war danach. Und klar, es war richtig viel Geld und so weiter. Ja, verstehe ich, aber ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt in dem Moment nachgeguckt hätte, weil es echt viel Geld ist und weil Viewer da auch involviert sind. Ist ja natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie gescammt werde oder ob meine Viewer gescammt werden. Das ist halt auch noch ein Unterschied. Wenn es nur um mich geht, ist mir auch schon passiert, dass ich eine Promotion gemacht habe und habe dann kein Geld mehr bekommen, weil die waren halt dann weg einfach. Das ist mir halt auch schon passiert.
Aber dann ist halt mein Geld, was halt dann weg ist. Okay. In dem Moment hier, ich glaube, soweit ich das verstehe, hätten die Viewer irgendwie Tickets kaufen sollen und dadurch würde das so teilweise finanziert werden. Und natürlich wären ja auch Fans da irgendwie dabei. Also ich glaube, Tickets, damit du halt mitmachen kannst als Fan. Ich weiß es nicht. Es ist hart. Also ich finde auf jeden Fall, also Mythic Talent muss hier die volle Schuld tragen, meiner Meinung nach. Also Mythic Talent, klar, also wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, Extra Emily und so weiter sind auch schuld, klar, verstehe ich schon, wenn man das sagt. Aber ich finde, die Hauptschuld muss schon bei Mythic Talent hier liegen. Wenn ich zum Beispiel, also wenn ich jetzt im richtigen Leben zu einem Anwalt gehe und sage, hey, kannst du mir das kontrollieren? Und die sagen, ja, ist alles gut, ist aber dann nicht gut, dann finde ich schon, da ist der Anwalt schuld, ne? Also der wird ja dafür bezahlt, das ist seine Expertise, er muss das wissen. Und in dem Moment ist es halt die Agentur, die du beauftragst, um solche Deals für dich halt anzugucken, ne? Guten Morgen, Malcolm, wie geht's, wie geht's? Wenn man Werbung macht, dann hat man Mitverantwortung. Ja, finde ich schon. Klar hat man Mitverantwortung. Klar, finde ich schon. Aber ist halt, ja. Also ich finde, ja, ist schon schwierig. Weil was heißt hier, also ich finde, man hat Mitverantwortung in dem Moment, also es hängt von dem ab, wofür du Werbung jetzt auch machst, finde ich. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt, also deine Agentur, ihre Aufgabe ist es, die Deals zu checken und so weiter, ne? Ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber du als Creator hast ja dann die Aufgabe, das Produkt selber, also du musst das ja promoten und du musst dann dahinter stehen. Das kann die Agentur ja für dich nicht entscheiden. Zum Beispiel, wenn jetzt wenn die Agentur zu mir kommt und sagt, hey, wir haben hier dieses Angebot für dich, du sollst, keine Ahnung, du sollst irgendwie dieses Spiel promoten für so und so viel Geld. Und dann ist meine Aufgabe, mir das Spiel anzugucken und ob mir das auch gefällt oder nicht. Weil ich kann, also wenn ich dann ein Spiel promote, was mir überhaupt nicht gefällt und wo da irgendwie, keine Ahnung, Gambling dabei wäre oder irgendwas Komisches, das ist dann meine Aufgabe, finde ich. Weil das kann die Agentur, wie gesagt, ja nicht für mich entscheiden. Ich muss entscheiden, ob das Spiel oder das Ding, das ich promote, für mich halt okay ist und ob ich das auch promoten möchte an meiner Community. Das ist meine Aufgabe, finde ich. Wisst ihr, was ich meine? Weil wenn ich irgendein Produkt promote und ich stehe gar nicht dahinter und ich mag das Produkt auch gar nicht, das ist dann mein Ding. Dafür kann die Agentur halt nichts. Aber ich finde schon, dass die Aufgabe an der Agentur liegt, um zu gucken, ob der Deal überhaupt richtig ist, ob der stimmt, ob das auch alles legit ist. Das, finde ich, liegt an der Agentur. Und in dem Fall hier, also wäre diese Show real, also wäre das kein Scam gewesen, dann finde ich, ist das ja auch cool. Oder? Von dem, was ich hier sehe. Also wenn mir jemand das Angebot macht und das ist kein Scam, dann wäre ich da auch dabei. Oder? Also ich finde daran jetzt nichts Schlechtes. Erstens mal ist es ein cooles Event wahrscheinlich, weil Creator hingeflogen werden und du spielst mit Fans und so, finde ich ganz cool. Und in dem Moment haben auch Fans die Chance, richtig viel Geld zu gewinnen. Das ist ja auch wieder cool. Ich finde es immer gut, wenn Leute aus der Community dann auch irgendwie eine Chance haben, irgendwie was zu gewinnen oder generell, ne? Finde ich jetzt nicht schlecht. Deswegen, also wenn das Angebot kein Scam wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch zugesagt, ne? Deswegen, also, meiner Meinung nach, ja, schwierig, ne? Keine Ahnung. Ich sehe das so, wenn mein Auto einen Fehler hat, dann gehe ich zum Händler und reklamiere bei dem. Wenn es ein Problem eines Zulieferers ist, dann soll das der Händler mit dem Zulieferer klären. Das ist mir doch als Endkunde egal. Ja, ich frage, also
denke mir gerade, ob ich ein gutes Beispiel hätte, also einen guten Vergleich. Ich glaube, also ein relativ guter Vergleich wäre zum Beispiel vielleicht ein Geschäft oder ein Restaurant oder so, das ein Produkt einkauft irgendwo und das dann an die Kunden dann wieder verkauft. Ja, sowas ungefähr. Also sagen wir zum Beispiel, du hast ein Geschäft, du verkaufst, keine Ahnung, Klamotten. Und dein Zulieferer sagt, okay, ich habe ein Kleid für dich, das könntest du im Geschäft verkaufen, das ist rot und hat Glitzersteine drauf und kostet so und so viel. Und du denkst dir dann, du siehst das Foto vom Kleid und denkst dir, ja, nice, sieht gut aus. Verkaufe ich an meine Endkunden. Und dann erzählst du deinen Endkunden, hey, ich bekomme gleich ein rotes Kleid mit Stein drauf, das wäre bestimmt was für dich. Komm dann vorbei und hol dir das oder kauf dir das oder guck's dir an. Und dann wird das Kleid aber nicht geliefert oder ist irgendwie blau oder schwarz oder keine Ahnung, kommt halt anders an, als es dir gesagt wurde. Dann in dem Moment, klar kannst du dann nachher zu deinen Kunden sagen, hey, das Kleid ist nicht so, bitte kauft es jetzt nicht. Ja, aber im Endeffekt ist ja dann schon der Zulieferer dann in Schuld, weil er meint, es ist ein rotes Kleid und schickt es dir so, ne? Also so ungefähr, finde ich, ist dann der Vergleich. Klar ist dann also wenn dir der Verkäufer das trotzdem dann verkaufen würde, dann ist es natürlich vom Verkäufer die Schuld. Aber ihm wurde ja irgendwas gesagt, er vertraut dem Zulieferer in dem Moment und sagt, hey, ja, rotes Kleid, Steinchen drauf, finde ich gut. Kannst du mir schicken, ne? Und wenn das dann nicht stimmt und der Zulieferer dann irgendeinen Scheiß gebaut hat, dann ist es von dem die Hauptschuld, finde ich. Klar hast du jetzt deinen Kunden gesagt, du bekommst das rote Kleid und die bekommen das dann nicht im Endeffekt, aber wusstest du ja nicht in dem Moment. Wisst ihr? Keine Ahnung. Sowas ähnliches, finde ich, ist es halt. Genau, du bist schuld, wenn du dann das Kleid weiterverkaufen würdest. Ähm, wenn du weißt, es ist blau und würdest als rotes Kleid weiß. Genau, das finde ich auch. Also sobald du weißt, es ist ein Scam oder es ist nicht so, wie es verkauft wurde, dann musst du sofort sagen, okay, sorry Leute, macht es nicht oder kauft es nicht. Und ich finde, das hat Extra Emily ja auch gemacht. Also sie hat es am Anfang den Deal halt promoted, also das Event. Und als ihr dann klar wurde, dass es nicht so richtig ist, dass es ein Scam ist, hat sie es ja auch gleich gesagt. Ja, keine Ahnung. Ist schwierig, ist schwierig. Ich weiß es nicht. Ja. Ich muss echt sagen, ich glaube, mir hätte das auch passieren können, wirklich. Wirklich. Also ich werde jetzt vielleicht öfter mal die Deals ein bisschen genauer jetzt checken, weil das gerade passiert ist und weil das ein großes Thema ist hier. Aber ich muss echt sagen, ich habe wirklich bis jetzt die Deals, die ich von meiner Agentur bekomme, die checke ich nicht so genau nach. Das mache ich nicht. Und ich glaube, also um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, das machen 99% der Streamer nicht. Wirklich also wirklich nachgucken, ob das legit ist? Nein. Nein, wirklich nicht. Weil du gehst davon aus, dass das die Agentur macht. Du bezahlst sie ja dafür. Wenn ich wenn ich jeden Deal wenn ich jeden Deal einzeln nachgucken müsste und alles nachgucken müsste und die Verträge durchlesen müsste, dann brauche ich keine Agentur zu bezahlen. Ich bezahle die ja, damit ich das nicht machen muss. Und ich mach das nicht. Also klar, wenn irgendwas jetzt ultra sketchy klingen würde, dann vielleicht schon. Aber bis jetzt hatte ich noch nie einen Deal, der jetzt ultra sketchy klang oder so. Ja, das ist natürlich, ja, mir tun echt die Leute leid, die da irgendwelche Fake-Tickets gekauft haben. Das ist, ja, und ich muss auch sagen, also ich habe bisher auch noch keinen Deal bekommen, wo die Leute, also wo meine Community jetzt irgendwie was kaufen hätte müssen oder so. Das muss ich ja auch sagen. Also bis jetzt alle Deals, die ich bekommen habe von der Agentur,
waren halt alles Deals, wo ich irgendwas promote und ich dann Geld bekomme. Also ich habe bis jetzt noch nie einen Deal bekommen, wo die Community irgendwie was bezahlen müsste oder so. Ja, außer man, ja, okay. Also jetzt nicht direkt wie mit diesen Tickets, aber ich habe natürlich schon Produkte promotet, die dann meine Community gekauft hat. Aber das ist vielleicht was anderes, weil meistens sind das dann Produkte, die ich selber auch schon hatte oder geschickt bekommen habe. Und dann ist es schon also könnte dann irgendwie kein Scam sein, oder? Ich weiß es nicht. Aber ja, in dem Moment ist es vielleicht schon ein bisschen was anderes, weil es eben um diese Tickets geht, die Community dann kaufen soll. Das ist ja der Sinn von Promoten. Ja, klar, aber ja, klar. Also im Endeffekt alles, was ich promote, kann dann von meinen Viewern gekauft werden. Ja, ist klar. Aber in dem Moment ist es vielleicht was anderes, weil diese Tickets, weil du hast ja nichts von dem Ticket im Moment und du kannst das nicht verifizieren. Aber wenn ich zum Beispiel ein Spiel promote, also wenn ich jetzt Geld bekomme, um ein Spiel zu spielen auf meinem Stream, klar wollen die, dass meine Viewer dann auch das Spiel kaufen oder spielen, aber dann das kann ja fast kein Scam sein, wenn ich das Spiel promoten soll, weil das Spiel gibt's ja dann. Also ich spiele ja das Spiel. da können die Leute ja nicht gescammt werden in dem Moment. Was soll ich denn da lang nachgucken? Also ich kann ja da keinen Research machen, um zu gucken, ob das Spiel ein Scam ist. Ja klar, kann ich, aber wie soll das Spiel ein Scam sein im Endeffekt? Also wenn die Leute das dann auch selber spielen wollen und das bezahlen, dann haben sie ja das Spiel. Also wisst ihr, was ich meine? Also ich hatte, glaube ich, noch nie ein Produkt, das ich beworben hatte, wo es die Möglichkeit geben würde, dass es irgendwie nicht existiert oder ein Scam ist oder so. Also bis jetzt waren es halt nur Spiele. Und wie gesagt, Spiele, die gibt es ja, weil sonst würde ich die nicht streamen können. Und irgendwelche Produkte, die ich dann halt vorher schon geschickt bekommen habe, um die zu testen. Und dann weiß ich ja auch, dass die existieren. Sonst ich habe die Produkte ja dann vor mir. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so was Ähnliches hatte. Streamer und Influencer ziehen sich zu gerne aus der Verantwortung. Das Problem ist, dass viele dieser Agenturen keinen moralischen Kompass haben. Schau dir eine der Freizeit und Fanblask an. Okay, aber also man muss es schon unterscheiden. Okay, lass mich noch mal ganz kurz den Unterschied hier aufzeigen. Ich finde schon, dass man Influencer und Content Creator in Rechenschaft ziehen sollte, wenn das Produkt, also wegen dem Produkt, das sie promoten. Das ist klar. Weil, wie gesagt, eine Agentur kann nicht für dich entscheiden, was du promoten möchtest und was nicht. Du musst das entscheiden. Also wenn die Agentur zu mir kommt und sagt, hey, ich habe hier einen Deal für dich für Casino, Website Promotion oder für Gamble irgendwas oder für also irgendeinen Scheiß halt, dann ist es ja nicht von der Agentur, also klar bringst du mir den Deal, aber wenn ich das nicht möchte, wenn ich das nicht promoten möchte, weil ich kein Gambling promoten möchte, dann muss ich Nein sagen. Klar, das ist klar. Dann hat der Influencer oder Content Creator die Schuld, wenn er irgendwas promotet, was scheiße ist. Aber das ist was anderes. Also der Fall hier von Extra Emily, das ist was anderes. Weil es ist ja nicht das Produkt, was irgendwie jetzt moralisch verwerflich ist, wenn es denn so stimmen würde, wie es promotet wurde. Also Extra Emily promotet ja in dem Fall nicht den Scam. Ihr war ja nicht bewusst, dass das ein Scam ist. Und der Mythic Talent auch nicht. Also Mythic Talent kam nicht zu ihr und meint, hey, wir haben hier diesen Scam, da werden ganz viele Leute gescammt und du bekommst viel Geld. Machst du mit? Und sie ja. Also das war ja nicht so, also sie hat ja nicht wissentlich zugestimmt, an einem Scam teilzunehmen, sondern sie hat also in dem Fall dachte sie, das Produkt, das sie dann promotet, wäre real. Also das ist dann was anderes, meiner Meinung nach. Weil das ist dann halt eben, das liegt dann an der Agentur, finde ich. Weil wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir kommt und was richtig Nettes promotet oder so und sagt, hey, wenn die Agentur zu mir kommt und sagt, hey,
du kannst hier dieses richtig coole Event promoten, das ist richtig cool für deine Viewer, die bekommen alle was Nettes und wir promoten irgendwie Kuscheltiere, keine Ahnung, also irgendwas richtig Normales. Und ich sage dann, ja, cool, finde ich gut. Und dann ist es ein Scam im Nachhinein. Dann finde ich halt, wie gesagt, ist es mehr an der Agentur als am Content Creator. Weil es halt ihre Aufgabe ist. Meine Aufgabe als Content Creator und Influencer ist es halt, zu entscheiden, ob ich das dann auch wirklich promoten möchte an meine Community. Na, also ich finde, das ist halt ein Unterschied. Weil also mir kommt halt vor, dass gerade die Leute das alles zusammenpacken in einen Sack, aber ich finde, das ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt wissentlich irgendwas Schlechtes promote oder ob ich unwissentlich etwas Schlechtes promote, weil ich falsche Informationen bekommen habe von meiner Agentur. Das finde ich schon ist sehr ausschlaggebend in dem Moment. Aber im Endeffekt kann jeder seine eigene Meinung bilden und ihr denkt halt, was ihr denkt. Ne? Aber ich finde halt, dass es hier in dem Fall schon sehr stark an der Agentur liegt und nicht so stark an den Content Creator, obwohl die natürlich auch teils Schuld haben. Aber ich finde dann, es ist halt 90% Agenturschuld und 10% Content Creator in dem Fall. Es geht um Extra Emily, aber ich glaube, es waren auch andere Creator dabei, nicht nur sie. Also, ich glaube, sie bekommt jetzt ein bisschen die Hauptschuld hier an dem Ganzen. Aber ich glaube, es waren auch andere Creator dabei. Ich weiß aber ja auch nicht, wer genau. Ich glaube, sie war halt die größte Streamerin, die das promotet hat, glaube ich. Das Problem bei rechtlichen Sachen ist eben immer, es bringt dir auch nichts, wenn du was glaubst. Im Endeffekt steht es in deinem Vertrag mit der Agentur, was die Pflichten von denen sind. Ja, klar, aber das mit den Verträgen ist ja im Endeffekt egal, wenn es um Meinungen geht. Also auch, ja, klar, also es steht natürlich in dem Vertrag von der Agentur, dass die Aufgabe haben, das halt zu verifizieren und so weiter, ne? Ist klar, aber also Leute, wenn es um so öffentliche Meinungen geht und um Content Creator und so weiter, dann ist doch im Endeffekt egal, was dann irgendwie rechtlich dann in diesem Vertrag steht, weil die Leute bilden sich ihre Meinung, egal was im Vertrag steht. Ne? Es geht halt es geht darum, was die Menschen dann denken und du kannst den Menschen nicht sagen, oh, denkt jetzt mal anders, weil im Vertrag steht so. Wisst ihr? Aber, also, ich weiß nicht, was jetzt passiert. Also, es kann schon sein, dass die Agentur jetzt auch rechtlich, also, dass sie jetzt angeklagt wird. Kann ich mir schon vorstellen. Also, die Firma sowieso, die den Scam gemacht hat, aber die ist ja verschwunden. Vielleicht gab es ja auch nie, keine Ahnung. Und ich glaube, die nächste Firma, die dann halt angezeigt wird und die dann jetzt auch rechtlich irgendwie Probleme hat, ist wahrscheinlich dann die Agentur, ja. Ich weiß nicht, ob die Content Creator dann auch jetzt irgendwie verklagt werden können oder nicht, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich bin kein Anwalt und ich weiß auch nicht, was die Verträge, die unterschrieben haben und so weiter. Nee, es geht um Extra Emily. Und, also es gab gerade irgendwie so ein also Extra Emily und ein paar andere Mythic Talent Creator haben so ein Event promoted. So ein Reality-TV-Show, wo 7 Streamer und 14 Fans irgendwie in eine Villa eingeladen werden und dann würden sie um Geld spielen über 7 Tage oder so. Ich glaube 20 Millionen Dollar wäre halt der Preis gewesen. Und die Leute hätten Tickets kaufen sollen für die Chance, glaube ich, da mitzumachen als einer von den 14 Fans. Und das war dann halt alles ein Scam. Diese Firma gab es nicht. Und die sind jetzt verschwunden mit dem Geld von den Ticket-Sales. Also die Leute, die Viewer haben halt Tickets eben gekauft
Und die sind jetzt weg, die Firma. Und jetzt ist die Frage halt, okay, ganz viele Leute sind halt richtig mad auf Extra Emily, verständlicherweise. Und jetzt ist halt die Frage, okay, wie viel Schuld liegt bei ihr, wie viel Schuld liegt an der Agentur, die das halt promotet hat und so weiter. Das war halt das Gespräch. Ich finde es witzig, wie viele Kanäle aufbauen und jetzt wird es immer wieder da, wieder direkt online sind. Ja, ich habe gestern auch mal kurz WoW reingeguckt, das war irgendwie tot. Der ganze Twitch war irgendwie weg. Das war echt lustig, ja. Oh Mann, das war echt nice. Ich denke, die Frage ist, ob die betrügerische Absicht beim Content Creator liegt oder der Content Creator selbst von der Agentur betrogen wurde. Also ich finde, also im Endeffekt, also 100%ig wurde der Content Creator von der Agentur in dem Moment betrogen. Wahrscheinlich auch nicht wissentlich. Aber dann stellt sich halt die Frage, also die Frage ist ja einfach nur, ist Ignoranz in dem Moment halt eine Entschuldigung? Also, ne? Ganz oft, also nur weil du jetzt nicht wusstest, dass es ein Scam ist, heißt es ja nicht, dass es nicht deine Aufgabe war, das jetzt irgendwie zu hinterfragen. Ich habe ja meine Meinung schon gesagt, ich finde, es ist hauptsächlich die Agentur, die die Schuld tragen sollte und muss, weil das ist ja wirklich 100%ig die Aufgabe der Agentur, um zu gucken, ob ein Deal jetzt ein Scam ist oder nicht. Ich bekomme jeden Tag Scam-E-Mails. Also wirklich, jeden Tag bekomme ich E-Mails von irgendwelchen Promotions, die halt Scams sind. Wirklich. Also jeden Tag. Von Leuten, die sagen, oh, sie wären von Corsair, sie wären von HP, sie wären von... Also alles wirklich. Wirklich, man bekommt von jeder Marke die ganze Zeit irgendwelche Scam-E-Mails. Jeden Tag. Mindestens 2, 3. Und das ist ja, also das ist wie gesagt die Aufgabe der Agentur, um zu verifizieren, ob so E-Mails dann Scams sind oder nicht. Wenn ich jeden Tag alle E-Mails durchgucken müsste und verifizieren müsste, ob das Scam ist oder nicht, dann würde ich erstens mal die Agentur nicht bezahlen und zweitens würde das echt lange dauern. Also es ist ja echt eine Riesenarbeit, die ganzen E-Mails zu beantworten, mit denen hin und her zu verhandeln und zu gucken, stimmt das jetzt, stimmt das nicht, irgendwelche Verträge anzugucken, keine Ahnung, das ist schon eine Riesenarbeit, ne? Cactus, Dankeschön für den Sub. Fasiver, Dankeschön für den Prime. Feena, thank you so much for the 21 months. Dankeschön. Sternchen, Dankeschön für den Prime. Dankeschön. Hab die Story mit der Bank gestern sehr gefeiert und bin dadurch motiviert, abends selber noch zu einer Bank mit schönem Ausblick los. Wow, was super. Deshalb danke fürs Influencen. Crowdy, das freut mich. Ich hoffe, du hast eine schöne Bank gefunden und ich hoffe, du hattest eine gute Zeit. Killer Tracks, Dankeschön für den Prime. Vielen Dank. Okay, es geht los. Jetzt haben wir genug über Drama geredet. Jetzt ist nur noch cozy Vibes und Leveln. Hey, Kindslayer, thank you so much for the 14 months. Appreciate that. You won't get English car back at least until the event's over. I'm sorry. I don't know how long this event is still gonna take, but it's German for now. I'm sorry. We have subtitles if that helps. Oh, no, on the other side. There's subtitles if that is any consolation, but sorry, this event is still gonna take a while and it's just gonna be in German for now. I'm sorry. Ich bin am Abend noch spazieren gewesen, es war mega neblig und auf einmal stand ein weißes Pferd vor mir im Nirgendwo, das war mega cool. What the fuck? Du lebst in einer, wie nennt man die? Die Geschichten von, wo Tiere reden? Fabel. Fabel? Genau, okay. Ja, du lebst in einem Märchen oder in einer Fabel, ja.
Geschieden aus dem Palaner Garten. So, okay. Es geht los. Hey Holla, ich glaube, ich mache erstmal keine Dungeons, bis Lost Kitten hier ist und so. Aber danke trotzdem. Ich glaube, ich level jetzt erstmal, weil ich einen Buff habe. Oh shit, Dunkelmond-Jahrmarkt ist jetzt auch weg, oder? Shit. Oder ist weg? Glaube ich. Ist weg, okay. Ja, okay, dann würde ich eben kurz... Ich glaube, ich bin 33, fast 34. Ich würde wahrscheinlich... Soll ich Schlingdorntal weiterleveln oben? Thousand Needles müsste ich mal ein paar... Aber ich gehe mal Vorgebirge zurück, glaube ich. Das macht am meisten Sinn. Hilfsbrat. Da habe ich noch viele Quests. Aber die ganze Quest, die ich in 1000 Nadeln nicht abgegeben habe, ist halt blöd. Aber jetzt nochmal darüber. Ja, auch scheiße. Hm. Wollte Maxima mit dir eine Inni machen, um dich tot zu fragen? Ja, ich würde auch gerne mal mit Maxim eine Inni machen. Was hat Maxim für ein Level? Den 30, nice. Ja, ich wäre schon dabei. Es wäre cool, mit Maxim im Kloster oder so zu machen dann später. Also, vielleicht morgen oder so. Aber Maxim ist immer früh weg, oder? Maxim fängt immer richtig früh an und ist dann auch früh weg? Oder wie macht Maxim das? Also, wann hört er denn auf? Weil Kloster würde ich auch gern mit Jen und Ronja machen. Und vielleicht auch mit Asta. Aber es würde ja gut passen. Dann wäre es irgendwie Maxim, Jen, Ronja, Asta und ich. Das wäre schon nice. Er macht bis 13. Okay, das ist schon schwierig dann, weil ich glaube, Asta und Jen vor allem, die sind nicht so früh on. Ja, dann vielleicht sollte ich trotzdem mit ihm einen Dungeon machen, wo die anderen dann halt noch nicht mitmachen können, vielleicht. Maxim geht mindestens 10 Level nicht Kloster. Was? Holy shit. American ist mir jetzt auch... Ich weiß nicht, ob ich da noch mal rein möchte. Mir kommt vor, wir sind ein bisschen High Level. Bekommst du so wenig XP für alles. Oder? Mir kommt vor, wenn man da keine Quests hat und nix, ist das so ein bisschen Waste. Mir kommt das echt langsam vor. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Eher nicht. Er ist ein Schisser, was das Thema Inis angeht. Ja, die anderen sind halt auch zu High Level dann. Maxim ist 34 und ich glaube, Holla ist eh schon 36 wahrscheinlich oder so, oder? Das ist alles ein bisschen... Sind ja die Mobs grau bis zum letzten Boss. 36, ja. Boah, da bekomme ich echt wenig XP, ne, wenn wir da reingehen. Er träumt schlecht von Inis. Nee, ist schon klar, dass... Also die meisten Tode sind halt... Also ich finde, die meisten Tode sind Leute, die halt irgendwie paniken. Also einfach aus Panik irgendwie was verrafft. Aber natürlich viele Deaths sind, weil man Mobs töten möchte, die halt über deinem Level sind oder so. Und dann verfehlt man einfach so viel. Morpheus, Dankeschön für den Prime. Vielen Dank. Ich hoffe, die Server funktionieren gut. Also es gab noch keinen Lag oder so, oder?
Weil ja diese ganze Downtime war. Ich will... What hat Sock? Dankeschön für den Prime. Vielen Dank. Gemma Goss. Oh, sie ist noch Level 40 geworden. Oh, sie hat einen Mount geholt. Ja, nice. Das freut mich echt. Ja, nice. Cool. Shit. Level 40 aber schon, ne? Ja, ich bin immer noch 7 Level behind. Ah. Aber es ist echt nice, dass sie noch 40 geworden ist. Alle Add-ons waren einfach gelöscht, echt? Ach so, die haben ja alle Add-ons auf Retail jetzt ausgemacht, oder? Also das ist der Pre-Patch auch auf Retail, oder nicht? Nee? Achso, Classic waren alle Add-ons aus. Achso. Ach, nächste Woche erst Retail, okay. Ja, wäre vielleicht auch ein bisschen viel gewesen, wenn sie gleichzeitig Classic und Retail patchen wollen. Ich überlege, ob ich aufhöre zu questen und stattdessen Mobs grinde. Sicher und schneller. Ich glaube echt, dass es manchmal mehr worth it ist, Mobs zu grinden. Auf jeden Fall. Ich glaube schon. Ich glaube, also vor allem, wenn ein Questgebiet ein bisschen zu hoch ist oder so. Ich finde, am allerbesten sind Questgebiete, wenn du ganz viele Quests hast und die sind alles so ein bisschen grün und gelb. Wenn du ganz viele grüne und gelbe Quests hast, dann ist das easy, dann rennst du da durch, machst die Mobs und gleichzeitig machst du halt die Quests. Das finde ich dann nice. Aber ich finde, man sollte nicht ein Questgebiet machen, wenn die Quests dann irgendwie so gelb und orange sind, weil dann dauert es erstmal ewig. Man muss ganz langsam pullen, muss echt aufpassen und dann dauert es einfach lange. Und wenn du dann das Questgebiet fertig gemacht hast, dann bist du immer noch Low-Level für das nächste Gebiet auch. Also mir kommt halt immer vor, die Quests sind nicht gut genug, um deinen Char halt zu leveln. Deswegen musst du irgendwann sowieso grinden oder Dungeons machen oder irgendwas. Und ich glaube, es ist immer besser, dass man, also wenn du gerade kein Gebiet hast, wo grüne und gelbe Quests für dich sind, dann finde ich, solltest du jetzt erstmal grinden, bis du dann das Level erreicht hast, dass du dann die Gebiete machen kannst. Also ich würde das irgendwie so machen, glaube ich. Ich glaube, ich bin auch gerade in so einem Moment, ich mache jetzt noch Hillsbrat zu Ende. Und dann, glaube ich, muss ich auch ein bisschen grinden, bis ich ins nächste Gebiet kann, weil Stingdontal und so weiter ist unten eher noch ein bisschen zu high. Deswegen glaube ich, werde ich auch ein bisschen grinden nach Hillsbrat. Also ich muss aus Haus und Nadeln alles abgeben und fertig machen. Dann Hillsbrat alles fertig machen und dann noch Stranglethorn oben. Und danach, glaube ich, muss ich ein bisschen grinden, bis ich irgendwie, keine Ahnung, 36 bin oder so. Badlands. Wo ist Badlands nochmal? Ödland? Gott, ich habe Deutsch kleiner. Ich habe keine Ahnung, was hier alles ist. Ödland. Ich glaube, Ödland ist schon wieder zu high für mich. 35 bis 45, ne? Ich bin 33. Also, vor allem in Hardcore möchtest du die Gebiete ja overleveln. Du möchtest nicht irgendwie, dass du orange Quests hast und gelbe Quests. Du möchtest eher so grün-gelb haben. Du möchtest eher so ein bisschen overlevelt sein. Muss man Deadmines machen? Nö, muss man nicht, aber Deadmines hat richtig viele Quests, die gut XP geben. Also ich würde Deadmines schon machen. Genau, also wenn du wenig Dungeon machst oder gar keine Dungeons machst, dann musst du halt viel mehr grinden, weil du eben das Problem mit diesen Levelgebieten hast, dass du halt irgendwann einfach underlevelt bist. Irgendwann sind die Quests halt einfach zu hoch für dich. Oder du bist halt in diesem Levelbereich, wo die Quests schon noch gehen, aber eher schwierig sind. Und dann riskierst du auch viel, musst ganz langsam spielen und ja, und genau, viele Dungeon Quests haben echt gute Items. Vor allem die Van Cleef Quest hat richtig gute Items. Ich glaube, ich habe die Hose immer noch an. Die Hose hier ist von der Van Cleef Quest. Ich bin jetzt 33, ich habe die Hose immer noch an. Ich habe schon teilweise richtig gute Items.
Bossy, Dankeschön für den Prime. Vielen Dank. Ja, wie habt ihr euch so gefühlt, Leute? Gestern, wo kein WoW-Streamer oder generell deutscher Streamer online war. Was habt ihr so gemacht? Was habt ihr so gemacht mit eurem Second Monitor Content? War schlimm, oder? Beschissen, ja, ne? Geweint. Oh Mann. Hab den Schmerz mit Alkohol bezahlt. War sehr fokussiert auf der Arbeit gestern. Ja, auf einmal haben alle ihre Arbeit gemacht. Gestern Dienstag auf einmal in Deutschland alle richtig produktiv, alle richtig gut weitergekommen und die Arbeitgeber so, hä? Ey, heute haben wir ja richtig viel hinbekommen, was ist los? Ich bin ganz kurz AFK. Bis gleich, bis gleich. So. Die ganzen Streamer, die ganzen StarCraft-Streamer haben auch den ganzen Tag gestern irgendwie das Discord voll gespammt. Oh, was sind die Server, was sind die Server? Aber es sind auch viele rausgegangen. Ich habe ein paar Beweisbilder bekommen Ich liefere nur von feinste Leuten. Ware. Auf dann. Die draußen waren dann. Also haben ganz viel Gras angefasst. Und Schnee. War gut. Gestern die Arbeit für die ganze Woche fertig gemacht. Oh, wer hat denn hier die ganzen Schildkröten getötet? Wer war das? Tammy. Mach die Quest nicht, die rentiert sich nicht. Ich war nur noch eins. Aber du solltest aufhören, weil du bekommst eh nicht alle. Tammy, lieber nicht, lass es sein. Greif sie nicht an. Greif sie nicht an. Ey. Tammy, du kannst die Quest eh nicht machen. Oh, er ist auch tot. Ey, Tammy, ich war nur eins, ne? Nur eins. Tammy. Okay, ja, dann lassen wir hochlaufen. Was soll ich? Ach so, ich muss hier das looten. Nee, hä? Ich habe feine Gewürze gar nicht gekauft. Ach, feine Gewürze. Ich habe feinen Faden gekauft. Ups.
Hey Reeful, guten Morgen. Danke für die 58 Monate. Vielen, vielen Dank. Wie geht's, wie geht's? Agdomain, danke für die 28 Monate. Thank you so much. Wie geht's, wie geht's? Ist einfach alles tot. Ey, wer hat denn hier alles getötet? Wer war das? Oh nein, ist einfach Tammy. Tammy, bitte, lass mir doch auch ein. Nur eine Schildkröte, Mann. Tammy. Schlimm mit Tammy hier. Okay, eine habe ich, die gehört mir. Boah, die krieg ich aber weg. Wie viele, glaubt ihr, muss ich töten, damit ich ein Fleisch bekomme? Ich brauche echt nur noch eins. Oh, ja, perfekt. Easy. Alle. Boah, das war jetzt aber lucky. Okay, was ist hier los eigentlich? Ach so, das ist ein Hordengebiet, oder? Ich find's gut, wie mich die Quest da reinstickst, weil ich brauche halt feine Gewürze. Und dann ist halt ein Hordehändler. Und die Quest schickt mich rein. Also Questy. Questy so, oh, geh mal da rein und kauf dir ein paar feine Gewürze. Ja. Geh mal da rein, mein Freund. Ja, wie viel XP bekomme ich etwa für die Horde Guards? Du bist zu feinem Gewürz gemacht. Mann, ich habe heute morgens esse ich normalerweise, also nicht immer, aber also ich mag eigentlich frühstücken, aber einen normalen Tag ist mir das zu aufwendig, Frühstück zu machen. Und ich habe auch nicht so ultra Hunger. Ist mehr so für keine Ahnung, weil ich irgendwie Bock drauf hatte oder so. Also an einem normalen Wochentag, normaler Tag, esse ich in der Früh halt kein Frühstück, aber ich mache mir so einen Kaffee mit Milch und ein bisschen Proteinpulver manchmal. Aber das Ding ist, ich hatte mir extra so ein Proteinpulver gekauft, ohne Geschmack und nix, weil ich, keine Ahnung, ich finde, wenn irgendwelche Geschmackverstärker da drin sind, irgendwelche künstliche Aromen, irgendwelche Süßstoffe, keine Ahnung, ich finde das halt nicht so gut. Deswegen habe ich halt so einen ganz geschmacklosen gekauft, ohne nichts extra drin. Und es hat jetzt nicht gut geschmeckt, aber es war jetzt auch nicht schlecht. Aber hat halt echt wenig Geschmack. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht probiere ich mal eins mit ein bisschen Geschmack, aber trotzdem eher natürlich. Und jetzt habe ich mir eins gekauft mit ein bisschen Vanille drin und ein bisschen Süßstoff, aber nun nicht wenig. Und es schmeckt echt ekelhaft. Also ich habe es heute probiert. Das war richtig... Also kennt ihr das, wenn ein Süßstoff so ganz chemisch schmeckt? Also wirklich, du trinkst das und denkst dir so... Also es schmeckt einfach chemisch. Also das habe ich auch manchmal so bei Softdrinks ohne Zucker. Also ich schmecke das nicht immer. Also manchmal sind so Zuckerersatz oder Süßstoff kann man schon machen, ne? Manchmal geht's schon. Aber manchmal schmeckt das so hart und das ist so ekelhaft. Und dieses Proteinpulver, das ich gekauft habe gerade, das ist echt, boah, das ist echt ekelhaft. Und jetzt habe ich einen ganzen Kilo davon, Mann.
Puh. Bob, thank you so much for 51 months. Wie geht's, Bob? Thank you so much. Germonia, guten Morgen nochmal. Danke für die 9 Monate. Vielen Dank. Aber die Nachbarn fragen, ob sie das haben wollen. Ja, vielleicht. Ja. Die Pulver sind total Hit or Miss. Das kannst du mal nicht. Ich finde auch, dass es so Hit und Miss. Also ich bin, wie gesagt, nicht so ein großer Freund von... Also generell bin ich nicht so ein Riesenfreund von irgendwas, was halt jetzt irgendwie Zucker ersetzt oder generell irgendwas Süßes ersetzt, weil mir kommt halt vor, klar, ich finde schon, dass es wahrscheinlich besser ist als der Zucker an sich. Also wenn du jetzt die Auswahl hast zwischen normale Cola und Coke Zero, dann denke ich wahrscheinlich schon, dass Coke Zero dann halt besser für dich ist, im Endeffekt. Aber am besten wäre halt beides nicht, finde ich dann. Also am besten wäre es halt, wenn du aber Wasser trinkst. Hin und wieder Cola, ja, ist ja nicht, sage ich, also ich finde nicht, dass Cola jetzt irgendwie Gift wäre und man davon stirbt. Aber, also wenn man jetzt den ganzen Tag Cola trinkt, das ist natürlich was anderes, als würde man hin und wieder mal trinken. Und ich versuche also Sachen generell so ein bisschen zu vermeiden. Aber ich benutze schon hin und wieder mal was, je nachdem. Also zum Beispiel mag ich echt gern, also diese Geschmacksverstärker-Pulver. Also kennt ihr das? Es gibt halt so diese ganzen Pulver von, es gibt ganz viele verschiedene Marken, die das machen. Und das ist ja, also du machst so ganz wenig Pulver in Joghurt rein oder in Milch oder irgendwas, damit es halt nach ein bisschen was schmeckt. Ist oft auch, also Süßstoff drin und generell chemische irgendwelche Geschmacksverstärker, keine Ahnung, ist da alles drin, klar. Aber, also in dem Moment denke ich mir dann, okay, wenn es sonst wirklich nach gar nichts schmeckt, dann mache ich halt ein bisschen was davon rein. Ich esse sonst halt relativ wenig Zucker eigentlich. Im Moment, obwohl ich das echt gern mag. Also ich liebe Süßigkeiten und oh Gott, also ich liebe echt Süßigkeiten, ne? Also ich mag das echt gern. Aber ich probiere halt nicht so viel Zucker und so weiter zu essen. Und deswegen vermeide ich auch den Süßstoff teilweise. Aber nur, weil mir vorkommt, wenn du halt den Zucker mit Süßstoff ersetzt, dann gewöhnst du deinem Körper ja nicht ab, irgendwie das Süße zu mögen. Also ist dann vielleicht gesünder als der Zucker an sich, klar, aber dann gibst du deinem Körper halt trotzdem immer dieses Gefühl von dem Süßen und dann, und das irgendwie willst du ja eigentlich, dass du nicht mehr Bock hast auf das Süße. Man wird ja so ein bisschen süchtig auch an den Geschmack vom Süßen und die Energie, die du dadurch bekommst und dein Körper möchte dann halt immer mehr davon haben. Und wenn du das Süße halt ersetzt mit etwas, was dann halt ähnlich schmeckt, dann weiß ich halt nicht, ob der Körper das dann rafft, dass man keinen Zucker mehr möchte. Wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht so dagegen, dass ich jetzt gar nichts davon esse. Ich esse schon trotzdem mal was. Und jeden Morgen so ein bisschen Proteinpulver. Also Proteinpulver bin ich jetzt auch nicht ultra dagegen. Außer man übertreibt es halt. Also Proteinpulver. Manche Leute können das halt nicht vertragen.
Weil es halt für so manche Leute kriegen dann, keine Ahnung, alle Zustände, Blähungen und Durchfälle und alles von Proteinpulver. Aber wenn du das erträgst und das jetzt irgendwie kein Problem für dich ist, dann finde ich es auch nicht so schlecht. Hin und wieder. Aber wenn ich dann, wie gesagt, also wenn ich dann das Proteinpulver dann nehme, dann meistens halt ohne andere Sachen drin. Weil ganz oft ist dieses Proteinpulver, ist ja sonst noch irgendwie 100 Millionen andere Dinge drin. Wo ich mir dann denke, hä, ja nee, da kann ich mir dann auch selber irgendwie reinmixen, wenn ich das möchte. Deswegen, also dieser Vanille-Ding, das ich bestellt habe, also puh. Ich glaube, das muss ich wegschmeißen. Wofür ist Proteinpulver überhaupt gut? Kann man dann Proteine nicht übers Essen aufnehmen? Ja klar, also du kannst auf jeden Fall Proteine übers Essen aufnehmen. Manche Leute, also es kommt halt darauf an, wie viel Proteine du essen möchtest, finde ich. Also wenn du relativ viel Proteine essen willst, aber dann im Vergleich auch wenig Kalorien zu dir nehmen möchtest, dann finde ich, sind so Sachen wie Proteinpulver halt ganz gut. Weil Proteinpulver hat halt eben richtig viel Protein, aber richtig wenig Kalorien im Vergleich. Und das ist so das Ding, womit die Leute dann strugglen manchmal. Weil ja, klar gibt es Proteine durch normale Sachen. Also Protein ist ja fast überall, ich will nicht sagen fast überall, aber Fleisch hat natürlich viel Proteine, auch sowas wie Nudeln und Kartoffeln und Joghurt und Käse, sowas hat alles Proteine natürlich. Oft ist halt das Problem, wenn du relativ wenig Kalorien zu dir nehmen möchtest, aus irgendeinem Grund, weil du abnehmen willst oder keine Ahnung, oder weil du eine kleine Person bist, die generell nicht so viel Proteine, nicht so viel Kalorien essen kann, dann ist es halt manchmal ein Problem, wenn du wirklich so und so viele Proteine aufnehmen möchtest und halt jetzt irgendwie sagen wir, keine Ahnung, 1400 Kalorien zu dir nehmen möchtest pro Tag, dann kannst du irgendwie fast nur proteinreiche Sachen essen und das wird halt dann ein bisschen langweilig oder monoton oder ne? Also wenn wirklich jede Mahlzeit irgendwie Hühnchen sein muss oder irgendein, keine Ahnung, Hüttenkäse, dann hat man irgendwie eigentlich keinen Bock mehr auf das Essen. Und auch wenn es um irgendwelche Diäten geht, dann müsste es irgendwie was sein, was du dann auch gern tust und was dir auch schmeckt. Weil wenn du wirklich jede Mahlzeit denkst, oh, fahr nicht schon wieder Protein oder so, dann kannst du das halt nicht durchziehen meistens und dann ist das halt das Problem. Und deswegen dieses Proteinpulver gibt dir dann halt viel Proteine im Vergleich zu den Kalorien, die du dann zu dir nimmst. Und dann hast du halt mehr Kalorien übrig für andere Sachen, die dir halt besser schmecken eventuell. Thunfischshake. Aber hier Geheimtipp. Kennt ihr Graukäse? Habt ihr das mal gehört? Kennt ihr nicht? Nein? Ist das Hüttenkäse? Nein, ist kein Hüttenkäse. Also Graukäse ist so ein Tiroler Käse. Das ist richtig magerer Käse. Also der hat fast gar kein Fett. Das ist so ein richtiger Magerkäse. Der ist oft in manchen Essen ist der verarbeitet. Es gibt zum Beispiel Pressknödel. Käsepressknödel, die haben Graukäse meistens. Und manchmal isst man den auch einfach so mit Essig und Zwiebeln. Und das ist halt so ein richtiger Magerkäse. Und der hat gleich viel Proteine wie Proteinpulver und gleich wenig Fett und Kalorien wie Proteinpulver. Also das ist wirklich, also wenn man aus irgendeinem Grund richtig viel Protein essen muss und richtig wenig Kalorien im Vergleich,
dann ist das echt gut. Graukäse ist ja natürlich schon ein bestimmter Geschmack, also das muss man schon mögen. Ich mag es sehr. Ich mag Graukäse echt sehr. Ich finde es echt gut. Aber ich verstehe auch, wenn das Leute nicht mögen. Ist halt schon ein spezieller Geschmack. Schmeckt sehr trocken? Ja, das Weiß vom Graukäse schon. Der andere nicht. Also der richtig alte. Also ein frischer Graukäse ist dann ganz weiß und so ein bisschen bröselig. Der ist wirklich trocken, weil, wie gesagt, ist fast kein Fett dran. Aber umso länger der reift, der Käse, umso gelblicher wird er dann. Und dann ist er nicht mehr so trocken. Hat er dann noch viel mehr Geschmack. Ich mag das Gelbe immer sehr gern, das weiß ich nicht so. Wenn er älter ist, stinkt er. Ja. Graukäse stinkt auf jeden Fall, wenn er älter ist. Musst du halt im Kühlschrank dann echt verpacken. Aber ich mag ihn schon gerne. Harzer Käse, ich weiß. Also ich kann es sein, dass es einen Käse gibt, der halt ähnlich ist und halt Harzer Käse heißt. Aber der Käse heißt halt Graukäse. Harzer Käse kenne ich nicht. Kann aber sein, dass es was Ähnliches ist, ja. Es stinkt auf. Also so ein richtig alter Graukäse stinkt. Also es stinkt echt hart. Das ist. Boah, das riecht auf jeden Fall. Also das ist schon hart. Ja. Ja, geschmacklich ist das nichts für jeden. Das stimmt, das stimmt. Ich mag ihn gern. Er ist halt relativ teuer, obwohl das ist... Also es ist irgendwie in letzter Zeit wurde Graukäse echt teuer. Also es war am Anfang nie so teuer, weil es eigentlich... also der Käse ist nicht schwierig zu machen eigentlich. Weil es wird aus Topfen gemacht. Also wenn du... habt ihr mal Topfen gemacht? Wisst ihr, wie es geht? Also du nimmst einfach Milch und machst dann ein bisschen Essig oder irgendwas Säuerliches rein, vielleicht Zitrone oder irgendwas. Und dann stockt das. Also die Flüssigkeit geht dann raus aus der Molke, glaube ich. Oder wie das heißt. Die Molke kommt raus, keine Ahnung. Und dann bleibt halt irgendwie der Topfen übrig. Und aus dem wird dann halt Topfen gemacht. Also den Topfen nimmst du raus und das ist Topfen. Aber wenn du das dann noch presst und dann noch ein bisschen gehen lässt oder ein bisschen stehen lässt, dann wird daraus halt Graukäse. Da kommen auch Gewürze und so noch rein. Ein bisschen, nicht viel. Und dann hast du halt und deswegen ist es halt auch nicht so, das dauert echt nicht so lange. Das ist ein Käse, der ist relativ schnell gemacht. Der muss jetzt irgendwie nicht 10 Jahre lagern, wie so ein Parmesankäse oder so. Das ist relativ schnell gemacht. Und das andere Produkt kann halt auch noch benutzt werden. Aber weil das irgendwie so ein Ding geworden ist, so ein Trendprodukt fast schon, weil es halt so viel Proteine hat. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen traditionell einfach. Warte, kann ich hier die Quest annehmen? Ist hier keine Quest? Ah nee, das war da drüben. Ah, jetzt verstehe ich's. Okay. Ja, und jetzt ist es richtig teuer auf einmal. Das ist echt ultra teuer geworden. Macht gar keinen Sinn. Mittlerweile kommt mir vor, du bezahlst so viel wie für Parmesan im Vergleich. Guten Morgen, Peterson. Wie geht's? Greedy Supermärkte. Ich glaube, es sind eher die Händler, die das... ist ja klar, Preis, also Angebot, Nachfrage, ne?
Vielleicht gibt es aber nicht so viele, die das machen. Und wenn es immer ausverkauft ist und Leute es immer kaufen, klar, irgendwann verlangen die halt einfach mehr wahrscheinlich. Guten Morgen, Nagura. Ich habe unter einem deiner Shorts gesehen, dass ein paar deiner englischsprachigen Follower sich beschweren, ihnen fehlt ihr Content. Zur Sorge drum. Ja, klar, also ich denke eigentlich die ganze Zeit drüber nach. Also, klar. Ich habe halt jetzt 10 Jahre auf Englisch gestreamt und jetzt auf einmal ist alles Deutsch. Ich habe eigentlich schon... Das Ding ist halt, also am Anfang dachte ich mir, okay, jetzt mache ich halt mal einen Monat alles auf Deutsch. Die Leute, die... oh, mein Questlog ist voll, shit. Am Anfang dachte ich mir so, okay, die Leute sollen sich jetzt nicht so beschweren, weil ich bin ja dann wieder da, ne, nach dem Event, ist halt jetzt nur für dieses Event. Aber irgendwann, als die deutschen Streams dann so gut liefen und ich mich auch so wohl gefühlt habe, da habe ich mir dann halt überlegt, okay, was mache ich denn nach dem Event? Weil irgendwie habe ich halt so Bock, irgendwie Deutsch alles zu machen gerade und ich weiß nicht, ob es nur an dem Event liegt oder, keine Ahnung, es ist halt schwierig irgendwie. Also jetzt habe ich schon gerade so ein richtiges Problem damit irgendwie. Ich weiß halt echt nicht, was ich machen soll. Ich verstehe total, wenn die Leute sich darüber aufregen. Ist ja klar. Also ganz viele Leute schreiben mir, dass sie das echt scheiße finden, dass ich halt gerade fast gar keinen englischen Content mache und so weiter. Ist klar, verstehe ich total. Aber ich weiß halt auch nicht, was ich machen soll. Ist halt ein bisschen... Ja. Weil das Ding ist halt... Also ich habe mir dann halt so überlegt, okay, vielleicht probiere ich dann halt Deutsch weiterzumachen und auch Englisch. Damit ich das beiden Gruppen so ein bisschen recht machen kann. Ich dachte mir dann also, vielleicht auch nach dem Event mache ich dann ein bisschen Deutsch, ein bisschen Englisch hin und her. Aber das Ding ist, so halb-halb zu machen, ist halt meistens keine gute Lösung für... Also dann sind alle nicht glücklich irgendwie. Das ist eben das Problem, weil im Moment mache ich ja meine Streams nur auf Deutsch, aber ich habe englische Untertitel. Ich mache meine YouTube-Videos auf Englisch und teilweise mache ich auch Instagram-Stories auf Englisch. Aber die Leute beschweren sich trotzdem. Wisst ihr, was ich meine? Also, weil halt nicht alles auf Englisch ist. Und das Ding ist halt, irgendwie so halb ist halt irgendwie auch nichts Ganzes dann. Und egal, was man dann halt macht, die Leute beschweren sich, dass genau der Content, den sie halt sehen wollen, dann nicht in ihrer Sprache ist. Was ich schon verstehe. Aber ich kann halt nicht meinen ganzen Content auf Deutsch und meinen ganzen Content auf Englisch machen. Das geht nicht. Ich muss halt, entweder mache ich Hälfte oder ich entscheide mich für eine Sprache. Ne? Ich kann nicht beides machen irgendwie. Und das Ding ist, die Leute, die sich gerade über den Content beschweren, meinten halt eben, also denen ist halt auch das Englische auf YouTube zum Beispiel nicht genug. Weil ich mache ja im Moment diese ganzen Recaps auf Englisch extra für die englischen Viewer, habe die Untertitel, wie gesagt, extra für die englischen Viewer. Ich mache viele Instagram-Stories und Videos und so weiter auch noch auf Englisch. Aber die Leute beschweren sich halt trotzdem. Und unfollowen und so weiter. Weil ist klar, einige Leute gucken sich dann irgendwie, weil nicht jeder guckt alles an. Also ist ja nicht, dass jeder Viewer alles sich ansieht. Einige Viewer gucken nur Stream und sonst nichts. Einige Viewer gucken nur YouTube und sonst nichts. Einige gucken Stream und Instagram. Aber auch nicht jede Story, sondern irgendwie einmal alle 5 Stories oder so. Und das Ding ist halt, wenn jetzt jemand kein Deutsch versteht und dann genau den Content guckt, wo ich dann halt alles auf Deutsch mache, dann unfollowt er halt und ist dann weg. Weil, klar, alles, was er sich angeguckt hat, ist halt nicht mehr auf seiner Sprache. Ist klar, dass man das dann nicht mehr weiter gucken möchte. Und egal, ob ich dann irgendwie 4 Stories auf Englisch mache und 2 Stories auf Deutsch, wenn er genau die 2 Stories auf Deutsch gesehen hat und die englische nicht, dann, wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist es halb-halb, finde ich halt irgendwie, ist halt nichts Ganzes dann ist es halt für alle nicht gut. Und dann hat man halt auch noch das Problem,
dass das so ein bisschen verwirrend ist für die Leute, weil die wissen dann nicht, okay, wann machst du Deutsch, wann machst du Englisch. Dann joinen die den Stream und dann ist halt gerade die falsche Sprache. Und dann ist der Chat halt auch so halb-halb. Dann schreiben einige auf Deutsch, wenn ich Englisch streame. Und dann streame ich auf Englisch und oder dann streame ich auf Deutsch und einige reden Englisch im Chat. Was mache ich dann? Antworte ich dann auf Englisch, obwohl ich gerade einen deutschen Stream habe? Und wenn ich dann einen englischen Stream habe, antworte ich dann auf Deutsch, weil die Leute auf Deutsch... Wisst ihr, also es ist halt irgendwie so dieses... Das Hin und Her ist halt irgendwie so scheiße. Und deswegen, glaube ich, gibt es halt einfach keine gute Lösung im Moment. Deswegen habe ich halt auch alles auf Deutsch gemacht. Und das habe ich auch von Anfang an gesagt, dass ich dieses Event auf jeden Fall nur Deutsch machen möchte. Bis auf die YouTube-Videos halt. Das habe ich so für mich entschieden, weil ich halt dachte, so halb-halb bringt da auch nicht so viel. So wenn schon, dann mache ich halt alles all in irgendwie. Aber das Problem ist halt jetzt, was mache ich danach? Das ist halt so ein bisschen das Ding. Klonen, ja, das wäre nice. Die Mehrheit an deutschsprachigen Zuschauern verstehen auch Englisch. Ja, das stimmt, aber ganz viele deutsche Viewer, die mich schon vorher kannten und vorher geguckt haben, meinten halt, ihnen gefällt der deutsche Content einfach besser. Aus verschiedenen Gründen halt. Okay, ja, die sind jetzt fertig. Okay, nice. Privat rede ich Deutsch, ja. Oder Dialekt halt. Wie wär's mit deiner dritten? Ja, vielleicht streame ich aber auch Italienisch dann. Ja, gute Idee, gute Idee. Ich finde, dein Humor kommt auf Deutsch viel mehr raus, aber wir das safe weiterhin auf Englisch schauen. Ja, ich weiß einfach nicht. Also ich muss sagen, ich fühle mich, wie gesagt, ein bisschen wohler jetzt auf Deutsch zu streamen, was ich eigentlich nie dachte vorher, dass das irgendwie so ist. Keine Ahnung, wir können das halt einfach... Also ich fühle mich echt wohl, Deutsch zu machen, muss ich sagen. Also der einzige Grund, warum ich nicht auf Deutsch jetzt weiter streamen würde nachher, ist, weil ich mich schlecht fühle für die Leute, die halt kein Deutsch verstehen. Also das muss ich ganz ehrlich zugeben, dass im Moment fühle ich mich halt so wohl mit den deutschen Streams und mit der deutschen Community und generell ist so alles drum und dran, dass ich echt sagen würde, okay, safe würde es mir besser gefallen, Deutsch weiter zu streamen und Deutsch weiterzumachen. Also echt, für mich ist das irgendwie relativ klar, dass ich mich irgendwie so besser fühle und wohler fühle und irgendwie alles so ein bisschen nicer ist für mich. Lass mal Gucci einladen. Aber ich fühle mich halt echt ultra schlecht für die englischen Viewer halt. Verständlicherweise, oder? Ist halt... Oh Gott, ich... Fantastisch. Ich schmeiß hier meinen Tee um. Ich glaube, das Wichtigste wäre halt irgendwie... Es gibt halt echt viele englische Viewer, die das schon verstehen würden. Denke ich mal. Klar, aber... Ich glaube, einige sind dann auch schon... Ich glaube, das Beste wäre halt, wenn ich mich halt einfach entscheiden würde und dann halt das auch sagen würde. Ich glaube, das Problem ist für die meisten so ein bisschen das Hin und Her, wo ich dann sage, oh, ich weiß nicht genau, vielleicht Englisch, vielleicht nicht, bla bla bla. Und dann also ein paar Leute sammeln ja dann auch weiter auf meinem Stream und so weiter, weil sie denken, okay, ich möchte jetzt meine Stream-Streak nicht verlieren
oder meine Substreak. Und wenn sie dann in einem Monat wieder Englisch streamt, dann bin ich halt dann wieder da. Aber, also ich möchte nicht die Leute baiten, irgendwie ihr Geld quasi zu verschwenden, wenn sie den Content nicht gucken können. Also das möchte ich auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, wenn ich mich wirklich im Herzen schon irgendwie dazu entschieden habe, irgendwie Deutsch zu machen nachher, oder das jedenfalls zu probieren, dass ich dann auch das irgendwie so öffentlich sagen sollte, eventuell, dass die Leute halt dann einfach wirklich sagen können, okay, dann sage ich jetzt halt nicht mehr. Keine Ahnung. Das würde ich dann halt ultra schade finden, klar. Also, es gibt halt so viele Leute, die mir zugucken, die ich halt irgendwie... Es ist halt einfach schade, weil wirklich, man fühlt sich so ein bisschen, als würde ich halt irgendwie so ein paar Freunde verlieren dann. Bellatrix, Dankeschön für die 96. Vielen, vielen Dank. Wirst du als Caster im März in Köln anzutreffen sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Bellatrix. Ich glaube nicht. Vielen, vielen Dank für die Donation. Das freut mich echt. Also ich wurde noch nicht gefragt und ich denke mal, dass sie das schon ein bisschen so organisiert haben mittlerweile. Also denke ich einfach mal, dass ich nicht gefragt werde. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das gemacht hätte, auch wenn sie mich gefragt hätten. Je nachdem halt, aber... Also nicht, weil ich keinen Bock hätte, sondern weil es einfach viel Aufwand ist und so, aber... Also ich glaube einfach mal, dass ich jetzt nicht da bin. Aber ja, wie gesagt, vielleicht einfach wirklich mal sagen, dass... Also mich einfach entscheiden so ein bisschen. Ich glaube, ich muss mich ja auch nicht für immer entscheiden. Ich kann ja irgendwie sagen, hey... Ich kann ja irgendwie so ein Statement machen, eventuell, wo ich sage, hey, ich streame jetzt wahrscheinlich mindestens einen Monat mal auf Deutsch. Also ich probiere das jetzt, ob mir das jetzt echt gefällt, auch nach dem Event. Vielleicht wäre das die beste Idee, dass ich halt sage, hey, ich würde das jetzt gerne mal also ein bisschen durchziehen. Auch mal gucken, wie das nach dem Event ist. Weil klar, dieses Event ist halt extra cool auf Deutsch, weil ich ganz viele deutsche Streamer dabei habe. Und das ist halt schon richtig deutsch einfach. Und ich glaube... Vielleicht, es kann ja auch sein, dass nach dem Event das Deutsche dann vielleicht auch nicht mehr so cool ist. Für mich. Weiß es nicht. Ist halt schwierig einzuschätzen, ne? Also vielleicht müsste ich halt echt einfach sagen, hey, ich möchte das mal probieren. Nur damit ich dann halt weiß, wie ich mich fühle und wie das so ist. Dann kann ich mich nachher eventuell ja immer noch umentscheiden. Ich muss ja jetzt nicht für immer Deutsch streamen. Und ich muss auch nicht für immer Englisch streamen. Ne? Ich kann ja auch einfach sagen, okay, ich möchte das jetzt mal auf Deutsch probieren, auch nach dem Event, um zu gucken, wie das ist, wenn ich auch was anderes mache. Also wenn ich dann deutsche Real-Life-Streams mache oder auch in Deutsch mal irgendwelche Variety-Games streame oder so, mal gucken, wie das halt ist. Und dass ich dann halt einfach das den Leuten so auch sage, damit sie dann ihre Entscheidung treffen können, was sie dann machen, ob sie mich dann entfolgen wollen oder nicht. Aber halt einfach immer so ein bisschen ehrlich sein vielleicht. Ja, es kommt natürlich auch an den Content drauf an, glaube ich, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn mich jetzt zum Beispiel Annie und Preach fragen, ob ich ein Spiel mit ihnen spielen möchte, dann würde ich das natürlich auf Englisch machen dann, weil sie sind ja auch Englisch und wenn ich mit ihnen Englisch rede, dann wäre halt gut, wenn ich alles frisch auf Englisch mache, ne? Aber wenn ich nach dem Stream irgendwas mache mit, keine Ahnung, mit Jen oder so, oder auch Real-Life-Streams kommen mir vor, würde auch irgendwie mehr Sinn machen, wenn ich das auf Deutsch mache. Also je nachdem, wo ich bin. Also zum Beispiel, ich mache ja öfter Real-Life-Streams, wo ich dann Bergsteigen gehe oder Radfahren oder keine Ahnung. Und ich mache das hier in Südtirol und da reden die alle Deutsch. Und ich glaube, für die Streams wird dann Deutsch auch mehr Sinn machen. Weil wenn ich dann rumfahre mit meinem Rad und dann mit den Leuten Dialekt rede, macht halt irgendwie mehr Sinn, wenn ich dann den ganzen Stream schon auf Deutsch mache, weil ist auch generell, also ich wohne halt in einem Gebiet, wo die Leute Deutsch reden. Und dann macht irgendwie da Deutsch mehr Sinn wieder. Wisst bei euch auch weniger komisch angeschaut? Ja. Bisschen, ja.
Mach am besten das, worauf du selbst am meisten Bock hast, dann haben alle was davon und deine Motivation ist hoch. Ja, ich glaube, das stimmt auch. Also, ich glaube wirklich, es klingt zwar richtig eigensinnig, kommt mir vor. Also, man möchte halt irgendwie an die Viewer denken und an die Community, weil ich bin ja nur eine Streamerin wegen euch, also weil ihr das unterstützt. Sonst könnte ich ja keine Streamerin sein und würde damit nicht mein Geld verdienen können. Deswegen möchte ich halt auch total berücksichtigen, was die Leute wollen und denken und so. Aber im Endeffekt stimmt es schon, dass ich mich, also wenn sich der Streamer selber nicht total wohlfühlt und nicht motiviert ist oder so, dann haben die Zuschauer auch keinen Spaß dran. Das stimmt halt echt. Und das klingt dann so ein bisschen eigensinnig, weil ich sage, ich mach das, worauf ich Bock habe, ist mir egal, was dir. Aber ist ja nicht so, ne, gemeint. Aber es stimmt halt echt, dass umso mehr Bock ich habe auf den Stream und umso mehr Spaß es mir macht, umso mehr Spaß macht es halt auch zuzuschauen. Das stimmt schon. Das sieht man ganz oft bei anderen Streamern auch. Also wenn du hin und wieder mal einen Streamer guckst, der irgendein Spiel spielt, wo sie gar keinen Bock drauf haben, dann komm ich mal, das merkst du halt total als Viewer. Aber ist ja nicht so, als hätte ich, also es ist ja nicht so, als hätte ich mich jetzt im Englischen total unwohl gefühlt, ne? Das ist ja nicht so. Aber wenn ich dann im Gedanken, also ich weiß ja jetzt, wie es ist, auf Deutsch zu streamen, das hatte ich vorher nie. Ich habe ja vorher nie auf Deutsch gestreamt. Und wenn ich dann wieder auf Englisch switchen würde und mir dann die ganze Zeit denken würde, es wäre halt irgendwie nicer gewesen, hätte ich das auf Deutsch gemacht oder so, dann, also darum geht's ja. Ist ja nicht so, als würde ich mich unwohl fühlen, Englisch zu reden oder Englisch zu streamen. Ich habe das jetzt 10 Jahre gemacht, ne? Ich kann nicht auf einmal sagen, oh, jetzt auf einmal fühle ich mich unwohl. Das stimmt halt nicht, klar. Yes, I almost reached, I didn't reach my previous level. I was 33 when I died. So if I have a level up in a second, then I'm gonna be over the level that I previously had. It's gonna be a big milestone. Ich glaube, Meeres hat auch mehr Spaß, als er dachte. Den habe ich gut angefixt. Er hat oft eine Stunde länger WoW-Klassik gemacht, als er wollte. Nur noch die eine Quest. 10 Jahre lang verarscht worden. Nee, natürlich nicht. Also, wie gesagt, ich habe ja vorher nie auf Deutsch gestreamt und wusste auch gar nicht, wie das ist. Also ich dachte nicht, dass das anders für mich wäre. Also ich dachte einfach nur, ist halt dann komisch, irgendwie mal was in einer anderen Sprache zu reden. Aber ich dachte nicht, dass es irgendwie schlechter wäre oder besser oder irgendwas. Also ich habe damit ja gar nicht gerechnet, dass ich mich da ein bisschen wohler fühle mit der Sprache. Also ich habe echt nie wirklich darüber nachgedacht. Für mich war das einfach nur, okay, ich streame halt auf Englisch, weil macht mehr Sinn für mich. Und habe halt nie irgendwie drüber nachgedacht, ob es irgendwie besser oder schlechter wäre, jetzt irgendwie Deutsch zu reden oder nicht. Hat sich ja dann erst rausgestellt, als ich das dann halt so gemacht habe. Cran, thank you so much for 5 Subgifts. Dankeschön. Danke, Cran. Vielen, vielen Dank. Willkommen an Juppa Kimmel, Pudel, Martin, Tentacles und Onko. Dankeschön. Nach oder schon während dem WoW-Event geht ja auch der Peak GTA RP-Server los von unter anderem Jen, was ja auch recht groß werden könnte. Als Fan, die das Bock macht, hast direkt das nächste größte deutsche Ding am Start und mit Jen hast du auch jemanden, der dich super ins RP heranführen kann. Ja, also weil ich ja echt gerne RP probieren würde, glaube ich, wäre das schon ganz cool, wenn ich das machen könnte. Weil das wäre wirklich dann so ein Test, ob deutsches Streamen an sich halt für mich dann schon was wäre außerhalb vom Event. Das hätte ich mir halt auch gedacht. Ich glaube, das wäre wirklich so ein cooles Ding, was ich dann halt probieren könnte. Wenn ich mich traue. Das weiß ich noch nicht so genau.
Level up. Ich bin 34, Leute. So hoch war ich noch nie. Hier. Let's go. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt killen soll. Oh Gott. Überzeugung? Nee, oh Gott, ich weiß es nicht. Dankeschön. A real Nagura fan will learn German to appreciate the German streams. Yeah, I mean, if you're not learning German already, what are you even doing with your life? This before. A paradise. Ja, du könntest jetzt mit dem Event gut in die deutsche Streamer-Bubble reinrutschen und viel Variety machen und so weiter. Könnt ihr auch frischen Wind mal reinbringen und WoW im Plus kann man ja weiter auf Englisch machen. Ja, ich habe ja, seit einem Jahr oder so probiere ich ja schon ein bisschen Variety zu machen. Und macht mir auch Spaß, dass ich jetzt nicht nur WoW spiele. Ist klar mit diesem Event, aber ich spiele ja sonst Retail, deswegen Klassik ist ja auch irgendwie was Neues für mich teilweise. Ist ja fast wie ein anderes Spiel. Und da ist auch komplett andere Viewer, die das gucken und so. Mir fehlt noch ein Schleicher. Kristall in den Bergen, was ist das denn für eine Quest eigentlich? Okay, nice. Okay. Danke. Ich muss... Warte mal, ich brauche Yetis. Wir könnten die Kill-Quest machen. Oder ist das eine Kill-Quest? Ah, okay. Ja, lass machen, lass machen. Die deutsche WoW-Community ist eh nicht so groß. Metashi ist da eher die Ausnahme, was Zuschauerzahl betrifft. Ja, ich habe, ehrlich gesagt, also deutsche WoW-Streamer, natürlich kenne ich mit Metashi, aber ansonsten... aber ich glaube schon, dass viele Leute, also obwohl ich ja auf Englisch streame, hatte ich echt viele deutsche Viewer. Also auch vorher schon. Ich glaube schon, dass die deutsche MMO-Szene relativ groß ist. Und ich auch, also ich glaube, als ich auch Ding gestreamt hatte, Guild Wars 2, da waren auch richtig viele deutsche Viewer dabei. Also ich glaube, generell die MMO-Szene in Deutschland ist schon relativ groß. Was sind die denn alle? Die Oger. Deutschland ist halt auch wach, wenn du wach bist. Das ist auch was ich mir auch noch dachte. Ich streame halt relativ früh immer. Und ganz oft kommen die Amerikaner halt erst irgendwie um 4 nachmittags oder 5 nachmittags on. Weil die natürlich schlafen vorher. Und das ist auch immer ein bisschen blöd für mich. Streaming-Zeit waren wir ein bisschen dumm für Amerikaner dann. Also die sind echt Elite, stimmt. Ja, dann nehmen wir die wieder. Ja.
Dankeschön, Otten, das freut mich echt. Ich glaube, also ich bin ja, ich muss auch sagen, ich bin so ein Mensch. Ich kann mich so schwer entscheiden. Und ich ende auch, also ich tue mich halt echt schwer mit Entscheidungen treffen. Und ich wechsle Entscheidungen auch immer die ganze Zeit. Also irgendwann entscheide ich mich dann. Und dann denke ich mir, ja, das mache ich das. Und bin dann voll überzeugt. Und dann denke ich mir, ja, okay, ich mache das so. Ja, wird nice. Und dann denke ich mir, ja, wird gut, weil das mache ich so und so. Okay, nice, mache ich. Und dann irgendwie den nächsten Tag, am nächsten Tag, sagt dann irgendeiner irgendwas über die andere Entscheidung, gegen die ich mich halt entschieden habe. Und dann denke ich mir, hast schon recht. Okay, ich mach's anders. Also ich ändere dann meine Entscheidung dann so schnell oft. Keine Ahnung, weil ich mich so, keine Ahnung, ich bin halt so schnell überzeugt von irgendwas. Das ist wieder Elite. Mann. Ich kann das nicht. Ich habe das echt oft, wo ich mir dann denke, oh, okay. Und vor allem lasse ich mir halt relativ oft beeinflusst von Leuten halt. Wenn man halt so zwischen zwei Entscheidungen steht, dann holt man sich so Meinungen ein von anderen. Und dann denkt man, ja, die haben schon recht, stimmt eigentlich, stimmt. Und dann hörst du aber danach die Meinung von einem anderen und dann haben die auch irgendein gutes Argument. Und dann denkst du wieder, ah, shit, ja, stimmt. Du hast auch recht. Ah ja, ich glaube, ich mache wirklich da. Ich muss mich halt vielleicht. Oder ich könnte ja echt einfach. Ich glaube, ich mache bald mal so einen Post, wo ich einfach ehrlich bin und halt einfach den Leuten erkläre, dass ich mir halt einfach nicht sicher bin, aber das halt mal probieren möchte. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Oder? Also, wenn ich einfach überall poste, hey, also aus Fairness halber möchte ich halt den Leuten jetzt mal sagen, dass ich wahrscheinlich auch nach dem Event ein bisschen deutschen Content probieren möchte. Um zu gucken, ob mir das gefällt, auch außerhalb von Sauerkraut halt. Aber also, dass ich mir halt nicht sicher bin, was ich jetzt machen möchte oder was jetzt genau, also ich habe jetzt wirklich keine genauen Pläne oder so. Aber möchte es halt echt mal probieren. Möchte aber auch nicht jetzt sagen, dass ich jetzt für immer Deutsch streamen würde oder so. Oder nie wieder Englisch Content mache oder keine Ahnung. Und dann halt irgendwie sagen, dass ich das okay finde, wenn die Leute halt, wenn sie halt kein Deutsch verstehen, dass sie jetzt erstmal weg sind oder dass sie halt erstmal entfolgen oder vielleicht, keine Ahnung, nicht mehr subscriben oder so. Also, dass ich das völlig okay finde, wenn die Leute das für richtig halten. Also, wenn sie jetzt nicht irgendwie total lange rumwarten wollen oder so, keine Ahnung. Dass ich irgendwie sowas sage. Und dann können die Leute entscheiden, was sie. Also ich einfach halt ehrlich bin und dass ich halt denen erkläre, dass ich mir im Moment halt einfach nicht sicher bin, was ich machen möchte. Und ja. Dass die Leute dann halt für sich entscheiden sollen oder können, was sie halt jetzt machen im Endeffekt. Und eins, weil ich fühle mich ja schlecht irgendwie, dass die Leute, die mich halt unterstützt haben bis jetzt, dass jetzt irgendwie so auf einen Tag auf den nächsten kam. Also irgendwie so von einem Tag auf den nächsten da war immer alles Deutsch. Aber das hat mir halt auch jemand gesagt und ich finde, und das stimmt ja irgendwie auch. Also irgendwer meinte zu mir, aber es ist ja nicht so, als hätten sie,
Also kein Content bekommen für das, was sie gesubbt haben, jetzt zum Beispiel. Also ich dachte dann irgendwie, oh, ist scheiße, wenn die Leute mich als Streamer aufgebaut haben, im Englischen und so weiter, und haben gesubscribed und so weiter, und jetzt alles Deutsch. Also ich kam mir dann irgendwie so vor, als würde ich die jetzt verraten oder so. Aber jemand dann meinte dann zu mir, ja, aber nee, die Leute, die mich supportet haben und die subscribed haben, die haben ja für den Content gesubbt, der dann auch Englisch war. Also der Content, den ich schon gemacht habe in den letzten 10 Jahren, der ist ja nicht rückwirkend jetzt Deutsch. Der war ja Englisch und ist immer noch Englisch. Und auch auf meinem YouTube-Channel und meine VODs, das sind ja alle noch Englisch und das war ja alles auf Englisch. Und die haben ja dafür dann quasi mich supportet. Und das stimmt ja dann auch irgendwie. Also das Argument verstehe ich dann irgendwie schon. Ist ja nicht so, als schulde ich den Leuten dann für immer englischen Content. Ach, hier kriegt man Kristall der Berge. Man merkt nur 2 leer, ja. Gamer Scratch, danke schön für die 2 Monate. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist aber das zu machen, woran du am meisten Freude hast. Das überträgt sich auf die Zuschauer und jeder hat ja, finde ich schon, Ja, macht schon Sinn, ja. Ja, ich hab schon recht. Okay, ich glaube, ich habe jetzt genug darüber geredet, glaube ich. Oh Gott, sorry. Ich laber euch hier zu mit meinen Streamer-Problemen. Tut mir leid. Reden wir lieber über seltsamen Käse. Oh, echt Silber, boah. Eis kann ich immer noch nicht, glaube ich. Oder? Jetzt gucken, ob ich das kann. Nee, kann ich nicht. Schade. Ah ja, danke für die ganzen netten Nachrichten und den netten Worte und so. Dankeschön. Ich mach das schon irgendwie. Dankeschön. Die Königin redet, wie sie will. Ja, also, das mit der deutschen Streamer-Bubble, das ist halt auch so ein Ding, weil, klar, je nachdem, was für Sprache du im Stream sprichst, hast du auch mit anderen Streamern dann zu tun und machst halt Sachen mit anderen Streamern, ne? Und ich muss echt sagen, dass ich bis jetzt halt, also die deutschen Streamer, die waren halt direkt alle, da passe ich irgendwie schon rein, kommen mir vor. Also mit den Leuten, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, war halt alles so nice irgendwie. Und man muss ja immer so ein bisschen denselben Vibe haben. Du kommst ja nicht mit jedem Menschen irgendwie klar und hast immer Lust, mit jedem irgendwie abzuhängen und irgendwas mit zusammen zu machen. Und ist es nicht so, als würde ich jetzt alle englischen Streamer nicht mögen, aber so vom Vibe her ging das irgendwie schon, also mit den deutschen Streamern schon irgendwie besser und schneller als mit anderen. Ich weiß nicht. Revilo, Dankeschön für die 290 Bits. Ja, guten Morgen, wie geht's? Also die Vibes sind halt schon da, finde ich. Ich streame halt schon so lange auf Englisch und habe echt wenig Leute, mit denen ich dann irgendwie zu tun habe mit anderen Streamern.
Hängt natürlich auch teilweise, also an mir, weil ich mich dann meistens auch nicht traue, irgendwie mit anderen Leuten zu reden oder zu interagieren oder die zu fragen oder so. Aber bis jetzt, also mein Humor kommt mir halt vor, passt irgendwie besser zu den deutschen Streamern bis jetzt. Weil ich habe halt irgendwie so einen sarkastischen Humor. Und mir kommt vor, oft, wenn ich das so mache bei englischsprachigen Streamern, ich weiß nicht, ob sie das dann nicht so ganz dann auch verstehen, weil ich das vielleicht auf Englisch nicht so rüberbringe wie im Deutschen. Ich weiß es nicht. Aber mir kommt vor, also mein Humor wird ein bisschen besser verstanden, so bei den Deutschen. Ja, bei OnlyFans bin ich echt spät eingestiegen erst, das stimmt. Ja. Interessant. Da ist ein Kopfhörer. Richtig. Ja, das stimmt natürlich. Also wenn man Englisch redet, dann ist es erstmal nicht deine Muttersprache und dann hat man mit vielen anderen Leuten zu tun, deren Muttersprache auch nicht Englisch ist. Und dann ist generell Humor einfach schwieriger. Man bringt es halt ja auch nicht so rüber, als wäre es deine Muttersprache. Dann fehlen dir auch manchmal irgendwelche Sprichwörter oder so, die du halt auf Deutsch irgendwie parat hättest. Und auch so Puns und sowas. Sind auch schwieriger auf Englisch. Und die Leute verstehen es dann auch vielleicht nicht so gut manchmal. Ich brauche eigentlich keine Silkklopfen mehr. Lass uns in der Mitte treffen und du streamst Italienisch. Braucht er noch? Ich rappt mir auch nicht so gut, ne? Aber egal, lass über das Wetter reden. Heute ist echt schönes Wetter. Ist schade, weil wäre halt nice gewesen, wenn gestern richtig schönes Wetter gewesen wäre. Ja. Dann kann ich alles haben. Wie ist bei euch so? Schnee wieder weg? Die Deutschen sind bekannt für den großartigen Humor. Ja, gestern war es halt so ein bisschen grau alles. Irgendwann kam die Sonne dann schon raus. Aber war halt relativ grau. Heute ist blauer Himmel. Alles schön. Alles wieder weg vom Regen, der ganze Schnee. Uff. Es regnet und es ist überall Schneematsch. Ja, das ist immer scheiße, wenn es schneit und dann danach regnet es und es ist alles matschig und ekelhaft und blech. Hey Jens, wie geht's? Für jemanden wie mich, der schon ein paar Jahre hier am Start ist, fühlt sich das komplett wie Neuland an. Aber im positiven Sinn, mir ist egal, ob du in Englisch oder Deutsch streamst. Beides Top-Content. Okay, das freut mich echt, Jens. Dankeschön, Jens. Oh ja, klar, ist auch Neuland für mich. Aber Dankeschön. Danke. Ja, es freut mich halt auch, dass ich so viele deutsche Viewer schon habe, die halt schon lang dabei sind. Die dann halt gucken, egal ob es Deutsch oder Englisch dann ist auch. Es geht ums Wetter, da wird der Deutsche dann wieder aktiv. Ja, Wetter ist aber auch ein wichtiges Thema, ne? Muss man besprechen. Wann deutsche Staatsbürgerschaft für Kuros? Ja, irgendwann kann Kuros besser Deutsch als ich wahrscheinlich. Proda, Dankeschön für den Prime. Vielen Dank. Ich bin hier weg, wenn der Gura wieder Englisch spielt, weil da ist sie viel netter als im Deutsch. Ich brauche die Flames. Moin, ihr Ficker. Ja, irgendwie schon, oder? Ich bin echt netter, glaube ich. Wenn ich Englisch streame. Ich glaube, du hast recht.
Hey Lalameter, guten Morgen. Nein, also in richtigen Leben rede ich Dialekt. Hast du noch wieder etwas anderes? Aber, also ich muss mir schon ein bisschen Mühe geben, hört hast du reden, muss ich sagen. Vor allem, also generell das Reden, also generell ist Hochdeutsch irgendwie schwierig für mich, teilweise. Auch einfach weil ich so viele Sachen Dialekt rede, wo man wirklich andere Sachen sagt. Also teilweise will ich etwas sagen, was ich in Dialekt irgendwie so sagt. Und nachher kommt man viel, nein, das stimmt nicht. Das sagt man nicht so auf Hochdeutsch. Und dann denke ich mir, nein, wie sagt man denn das nicht mehr? Einspruch Fantasiesprache. Ja, das ist das größte Problem, dass wenn ich Hochdeutsch rede, also generell die Aussprache ist so, okay, habe ich halt ein bisschen Akzent, ist ja kein Problem, aber hin und wieder gibt's halt, da will ich irgendwas sagen und dann denke ich mir halt, nee, das sagt man auf Deutsch auch irgendwie anders, oder? Das ist doch nur so ein Dialektding, das sagt man doch gar nicht auf Hochdeutsch. Wie die hier aussehen, ja genau. War der erst am Verfehlen? Hab ich gerade den Mob hier gesehen? Hast du mit Jen und Ronja schon die Party besprochen? Am Samstag? Nee, wir haben noch nichts genau besprochen. Ich hoffe, sie sind noch dabei. Samstag Party wäre schon cool. Unserer. Mann. Was ist denn eigentlich für eine Quest, diese Kristall-Quest? Ist das irgendeine Job-Quest oder haben wir die? Ich verstehe es nicht. Als Sachse darf ich nicht beschweren, wenn niemand komisch Deutsch redet. Aber meistens ist es ja so, dass die Leute trotzdem verstehen, was ich meine. Auch wenn ich jetzt irgendwie... Keine Ahnung, wenn es irgendwie... komisch klingt oder irgendwie irgendwas ist, was man halt auf Deutsch nicht sagt. Meistens versteht man ja trotzdem, was gemeint ist dann. Meistens. Nicht immer. Random Drop in mehreren Gebieten. Okay, aber das brauche ich für eine Quest. Oder ist die Quest selber ein Drop? Oder brauche ich das für eine Quest? Sternspritzer? Oh, aber Sternspritzer ist aber ein cooles Wort. Er ist viel besser als die Wunderkerze. Pff, er ist viel cooler.
Südtirol, was soll man da Urlaub machen? Ich will Berge sehen und weg von den Touristen. Boah, wenn du weg von den Touristen willst, dann solltest du gar nicht Südtirol kommen, glaube ich. Hier sind schon relativ viele Touristen immer. Naja, es geht. Also hängt halt davon ab, auch was du machen möchtest, weil man kann schon weg von den Touristen, wenn du jetzt zum Beispiel im Sommer wandern gehst. Wir haben so viele Berge, also wenn du einfach die berühmtesten Wanderwege meidest, dann triffst du auch keine Touristen. Oder sehr wenige. Also wenn du jetzt nach Südtirol kommst und dann in die Dolomiten fährst und dann irgendwie Seceda hochfährst oder generell Dolomiten ist halt einfach voll mit Touristen. Aber wenn du halt oder wenn du jetzt zum Praxer Wildsee fährst, dann das sind halt nur Touristen, ne? Aber wenn du halt Südtirol fährst und dann Wanderwege benutzt, die halt nicht jetzt total berühmt sind und nicht irgendwie voll Instagram-mäßig da aufgebaut sind, dann kannst du Touristen schon vermeiden. Im Winter ist es natürlich schwieriger, Touristen zu vermeiden, weil im Winter gehen halt alle auf die Skipisten. Und da irgendwie Touristen zu vermeiden, geht halt nicht wirklich. Das ist halt, geht halt nicht. Im Winter müsstest du Skitouren gehen. Dann kannst du es wieder vermeiden. Halbwegs. Also Skitouren, da kannst du hochgehen, wo du dann möchtest. Hehe. Also es gibt schon einige, also es gibt Orte, wo halt mehr Touristen sind, weniger. Mir kommt vor, Passayertal ist eigentlich relativ, und Sarental auch. Sarental, Passayertal sind so Täler, da sind nicht so viele Touristen, kommen mir vor. Und das ist auch schön. Also generell ist überall schön in Südtirol, ne? Also muss ich echt sagen. Es gibt jetzt irgendwie keinen Ort, wo ich denke, es ist hässlich hier. Es ist echt überall relativ schön. Ich würde halt auf jeden Fall die Städte vermeiden. Wenn du hier bist, um die Natur zu genießen. Weil ganz oft, wenn man irgendwo in den Urlaub fährt, dann guckt man sich erstmal so die größeren Städte irgendwie an. Und das wird auch am meisten dann vorgeschlagen für Hotels. Aber also wenn du für die Natur hier bist, dann würde ich das vermeiden. Ich würde nie in eine große, generell in gar keine Stadt gehen. Auf keinen Fall Bozen. Auf gar keinen Fall würde ich dahin. Dann würde ich würde auch ehrlich gesagt nicht Meran. Meran ist so eine Stadt, da wollen echt viele hin. Aber ich würde das auch vermeiden. Ich würde nicht Meran, ich würde nicht Bozen, ich würde auch nicht Brixen. Generell jede Stadt würde ich vermeiden. Ich würde, wenn du in die Nähe von der Stadt möchtest, weil du dir die Stadt auch ansehen willst, dann würde ich halt einfach in ein Dorf neben die Stadt. Weil dann, ob du jetzt eine halbe Stunde in die Stadt fährst oder nicht, um die dir einmal anzugucken. Aber es gibt so viele schöne Hotels, die so schöne Aussicht haben, die halt irgendwo auf einem Berg oben sind oder generell in einem Bergdorf. Das würde für mich dann viel mehr Sinn machen, als irgendwie in der Stadt. Das ist meine Meinung, ne, aber... Und ich würde halt auch, ich würde wahrscheinlich auch die Dolomiten vermeiden. Weil die sind schon ultra schön, aber du kannst halt auch irgendwo anders hingehen, wo weniger Touristen sind und dann einmal hinfahren. Du kannst ja, also wenn du das sehen möchtest, weil die sind echt, also das sind schon schön, ne? Also muss man schon sagen, dass die Dolomiten echt schön sind. Aber du musst ja nicht direkt das Hotel da haben oder das. Erstens mal zahlst du ultra viel dafür. Und zweitens ist halt echt alles voller Touristen. Deswegen würde ich halt vielleicht dann irgendwo anders hingehen und dann einmal oder zweimal einfach dahin fahren, ins Tal. Gröden oder halt Gardatal und
Einmal hinfahren, eine Wanderung machen oder so. Oder einmal Skifahren gehen. Was würdest du für Orte denn empfehlen zum Leben und Wohnen im Allgemeinen? Was sind so die schönsten Flecken um die größeren Städte? Für Leben und Wohnen allgemein? Boah, überall. Also ich würde jetzt, es gibt halt Vorteile und Nachteile. Es kann überall schön sein. Hängt natürlich genau vom Ort ab. Also es hängt genau, also meiner Meinung nach hängt es wirklich sehr von dem ganz genauen Ort ab. Also nicht nur vom Dorf, sondern auch, wo im Dorf du bist. Weil durch die Berge gibt es halt so viel, also es wird so viel von der Aussicht dann auch verdeckt und auch die Sonne und so weiter. Also du kannst zum Beispiel hier, wo ich bin, wohnen, aber du kannst komplett irgendwo wohnen, wo du dann irgendwie eine halbe Stunde Sonne hast im Winter. Weil du halt irgendwie genau so an einem Berg bist, dass die Sonne da halt nie hinkommt. Und das ist dann schon eher so, Und dann gibt es halt auch Bergdörfer hier in der Nähe, wo ich dann persönlich auch nicht wohnen möchte, weil du halt erstmal irgendwie 20 Minuten dahin fahren musst. Wir alle? Okay, nice. Voll Quest, okay, machen wir. Also zum Beispiel, also ich wohne in St. Taufers und es gibt ein Dorf, das heißt Rhein in Taufers. Und es ist richtig schön da. Aber du musst halt irgendwie 20 Minuten, 4 Stunden den Berg hochfahren. Und dann ist es richtig klein. Die haben zwar einen ganz kleinen Lebensmittelladen, aber sonst nicht so viel. Und dann musst du halt immer da hochfahren. Wenn du mal größer einkaufen möchtest, genau, dann musst du immer diese 4 Stunden den Berg hochfahren. Und da denke ich mir, ach, das ist ja, ne? Und dann fährst du in eine Viertelstunde und dann bist du erstmal in Sand. Und Sand ist immer noch ein kleines Dorf. Und dann bist du immer noch im Tal. Und deswegen, also keine Ahnung, ich finde halt, wenn du hier irgendwo wohnen möchtest, dann würde ich schon ein Dorf suchen, was halt nicht dann irgendwie wo du dann irgendwie nicht eine Viertelstunde den Berg hochfahren musst. Für Urlaub ist was anderes. Also eine Woche Urlaub machen irgendwo oder 2 in Rhein oder in irgendeinem Bergdorf ist okay, klar. Aber da direkt wohnen, außer du bist irgendwie in Rente oder so. Ist Gucci zurückgelassen? Nee, Gucci ist hinter mir. Wo ist Gucci hin? Der ist aber ein bisschen langsamer. Alles gut. Gucci kommt schon. Gucci stirbt oder nicht? Warte, warum? Achso. Geschrieben, er ist kurz auf Follow. Nee. Achso, er hat echt geschrieben Follow. Sorry. Er hat mir halt danach geschrieben, ich dachte, er ist da. Sorry, habe ich nicht gelesen, mein Freund. Er hat ja geschrieben, Terran will, deswegen dachte ich, er ist hier. Cody Cat, thank you so much for 10 months. Dankeschön. In Kurt Dutch bei Tramin, ja, das ist auch schön. Es ist halt echt, es gibt richtig viele schöne Orte und so. Oh, fast gestorben. F. Der Elm Street, danke für die 5 Monate, vielen Dank. In Tirol gibt es einen Ort namens Michelreis. Milchreis? Nee, Michelreis. Also, das gibt's hier auch. Also hier ist es ist so ein winziges Dorf. Da sind vielleicht 10 Häuser.
Das heißt Michelreis. Also nicht Milchreis, sondern Michel. Der Michel. Ich weiß aber echt nicht, woher der Name kommt. Also ich weiß nicht, wo der Reis herkommt. Wie hatte da Michel gewohnt? Der hat immer Reis verkauft, keine Ahnung. Und der Michel, der mochte einfach echt gern Reis. Sleeping Leni, danke schön für die 2 Monate. Danke, 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 danke. Eine Parade für die Königin. Let's go. Schönen guten Tag. Man sieht sich. So. Verkauft irgendwas Gutes? Ich liefere nur feinste Ware. Oh, nee. Seid vorsichtig. Auf dann. Grüße. Seid vorsichtig. Ich weiß nicht, wo der Name herkommt. So. Braucht ihr etwas? Für die Allianz. Okay, was gibt's hier noch alles? Seid gegrüßt. Was habe ich eigentlich so scheiße? Ziehe den Ehrenfreund. Ey, danke schön für den Heilschirm, Freunde. Das ist schon das zweite. Wir hatten vorhin Golden Kappa Training, wie so randomly ganz am Anfang. Aber warte, hier ist eine Folgequest. Ging nicht? Braucht ihr Hilfe? Für die Allianz. Okay. Für die Allianz. Okay. Hallo, Dankeschön für die 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Stormy, Dankeschön für die 10 Upgrades. Holy shit. Stormy, Dankeschön. Holy fucking shit, Dankeschön. Kann ich euch helfen? Danke, 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 danke. Willkommen an, wen haben wir hier alles? Alex, Josephine, Stefan der hier, Kloppenhagen, Lucio, Rabatzo, Sella, Richie Rich, Mi Maya, Hure Dummy Siech. Dankeschön, willkommen an alle, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, warte, ich kann hier kurz was kochen. Das verkaufe ich erstmal. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Haben wir jetzt noch Quest bekommen? Ach so, das ist 40 plus jetzt. Nee. Hallo. Schönen Tag auch. Arati können wir machen, ja. Okay, lass mal weiter. Also, Flugpunkt. Ja, stimmt, habe ich. Stimmt, habe ich Flugpunkt. Stormy, Dankeschön, nochmal, wie du es abgibst. Holy shit. Braucht ihr etwas? Seid vorsichtig. Gott verzeih mir, gute Name. Was ist das für ein Name? Das verstehe ich. Was ist das für ein Dialekt? Ich bin komplett verwirrt.
Wie lange ist das HC-Event geplant? Spielst du Midnight, wenn es rauskommt, oder? Doch, nee, klar spiele ich Midnight. Also das Event wird nie so lange gehen, dass das mit Midnight dann overlappt, das glaube ich nicht. Was kann ich für euch tun? Ehre dem König, Freund. Ziehe den Ehrenfreund. Okay, ja, okay. 2 Quests, alles? Hast du gesucht? Ja gut, die gesucht, die machen jetzt auch nicht. Dann haben wir halt 2 Quests. Eine Prinzessin. Okay, dann lass halt einmal darüber. Hinweis auf eine Seuche. Hast du die Quest? Warte mal. Ah ne, ja, hast du auch, okay. Ja, lass halt mal da hochgehen, ne? Matchy hat MC-Rate auf Ende Februar geschätzt. Echt? So lange, denkt er? Echt? Was, ohne Witz, Ende Februar, denkt er? Ich dachte, das wird schon ein bisschen früher sein. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange man braucht, um die Charakter zu preparen. Das weiß ich nicht genau. Warte, das ist ein bisschen andere Musik hier. Ist ein bisschen zu chill. Also ich hätte schon Bock, dass das Event lange dauert. Aber vor allem die LAN. Wie cool wäre die LAN denn, oder? Wie cool wäre denn bitte die LAN? Also wirklich alle dahin... Boah, wie geil wäre das denn? Boah, ich will mich so auf eine LAN freuen. Das wäre so richtig nice. Wie lange hat es bei OnlyFans gedauert? Das weiß ich nicht genau. Weiß jemand, wie lange es bei OnlyFans gedauert hat? Danke für den Halbstehen, Leute. Danke, tschüss. Sieglinde meine, für MC-Only braucht man nicht wirklich viel Prep. Ja, ich dachte eben auch, dass man für MC nicht so viel Prep braucht. Ach, 10. Darf ich auch einmal draufhauen? Ich hau einmal drauf. Du darfst dann das Zinn nehmen. Ich nehme nur 1. Was fragen wir jetzt eigentlich? How are der Wither... Okay. Ah, hier, okay. Ah, nee, das ist Kristall in den Bergen auch. Wir machen so viel Damage. Was brauchen wir hier eigentlich? Ich weiß nicht so genau. Ist hier irgendwas looten? Ach, die Trolle brauchen wir. Ah, okay. Hier sind die. Hä? Sind das so wenige von denen oder was? Tenan. Elite. Wer ist das denn? Was ist denn Tenan?
Aber wie komisch ist das denn, dass die Mobs hier stellen die den Spawnpunkt oder was? Ah, lass oben links. Ah, okay, ja. Okay. Okay, Trolle unten rechts. Ah, jetzt sehe ich's. Okay, okay. Guten Morgen, wie geht's, wie geht's? Hey, Lafinti, dankeschön für die 17 Monate. Vielen, vielen Dank. Wie geht's? Ich habe gestern weiter Slow Horses geguckt. Das ist echt nice. Irgendwie 4., 5. Folge bin ich jetzt. Ein bisschen kompliziert, aber ist nice. Richtig spannend. Ach, das ist dieser AOE-Farm-Spot hier, ne? Für Mages. Mal gucken, ob noch irgendwelche Mobs da sind. Wir brauchen Söldner und Straßenräuber. Okay. Ja, das ist tot. Wir brauchen noch ein Layer. Ah, es gibt nur 2 Layer. Mann. Kommen wir ein drittes, bitte? Bei Staffel 4, nice. Die Elite, ne? Ist hier eine Kiste oder irgendwas drin? Bleibt auch gut? Okay, das ist gut zu wissen, ja. Einige Serien werden dann irgendwie nach der Zeit nicht mehr so gut. Aber gut zu wissen, dass das gut bleibt. Good morning, Cello. Good morning, good morning. Ah. Oh my god, you're actually trying to learn a language, Cello? That is amazing to hear. Thank you so much for 29 months. Thank you so, so much. Yes, I will be doing real life streams, of course. Still just... I mean, I'm also like doing real life streams in the winter. I'm just not doing any real life streams at the moment because I am addicted to World of Warcraft and I'm doing this event right now. But after the event is over, I'm gonna do real life streams again, of course. We haven't done any skiing or sledding or anything. Well, to be fair, we did do skiing, but no sledding yet. To do some sledding. Und das ist ja scheiße mit den Respawns hier. Also, nee, ich bin nicht im Ziel. Warte, ich muss das aber noch einstellen. Hallo. Ja, hallo. Guten Morgen. Sorry, ja, als du mir vorhin gefollowt bist, habe ich dich fast sterben lassen. Ne? Aber ich glaube, ich war eh langsamer, weil du hast World Buffs, ich nicht. Ja, okay, ja, ja.
Ich dachte, weil du hast irgendwie was mit Folge geschrieben und ich dachte, du meinst, wir holen uns jetzt die Folge-Quest. Und ich so, okay, ja Nein, klar, nein. holen wir uns. Ich musste gerade was schreiben am Handy. Wollt ihr kurz hinterherlaufen? Und dann Und lass dann ich dich von zurücknehmen, Mill. Taryn Mill. Ey, dieser Respawn ist ja katastrophal, ne? Ja, brauchen echt noch einen Layer. Und die gibt's auch nur hier, oder die Mobs? Ich Ja. glaube ja. Boah, du hast aber gut aufgeholt, ne? Ja, Fast selbe Level wie ich. ja. Bist du auch mal gestorben eigentlich? Nein, nein, bin ich nicht. Aber ich habe 9 Tage nicht gespielt. Ja, ja, gut. Das willst du ausmachen. Was hast du gestern gemacht? Gestern, ich glaube nur 7 Stündchen gespielt und auch jemand geholfen die ganze Zeit. Bei der Retail Also, oder wo? ach nee, vorgestern war das. Ja, 9 gestern Tage war ist auf. voll komisch. Gestern lag ich im Bett, ich bin erkältet. Ein bisschen Ah, ausruhen. shit. Ja, aber immerhin hast du nichts verpasst. Das stimmt, ja. Du warst draußen, habe ich gesehen. Was? Du warst draußen? Ja. Kurz rausgegangen. Weiß War kalt. Nee, aber war schon mal nice. Bisschen frische Luft. Habe ich ja ewig nicht mehr gerochen, frische Luft. Weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Ja, aber wie machst du das damit einkaufen und so? Du musst doch rausgehen. Ich muss eigentlich gar nicht einkaufen, weil ich habe immer so Fertigessen, die ich esse, die bestelle ich mir. Ah, ich verstehe. Und dann, ja. Boah, ich weiß nicht, sollen wir erst die Quest unten rechts machen vielleicht? Aber ist auch weiter Weg wieder, ne? Ja. Ja, aber wir können ja Hey. hoch. Weil da oben ist eine Quest irgendwie, die heißt die gefangene Prinzessin. Wir können ja das machen und dann runter zu die Quest abgeben. Hinweis auf eine neue Seuche und dann ganz runter rechts Gewicht in Gold. Dann machen wir halt so eine Runde irgendwie. Ja, lass machen. Oh ja. Der Plan. Mit welchen Level können wir eigentlich die nächsten Dungeons gehen? Alle 4. Ich glaube, ein bisschen später, oder? Ja, also ich glaube Kloster, wenn man alle machen möchte, muss man schon irgendwie so 38 sein, oder? Chat? 38 für alle? Ja, und die Pre-holen, ne? Weil du bekommst irgendwie ein gutes Item, oder? Von der Pre-Quest? Ich glaube ja. Ich glaube, eine dicke Waffe auch für dich. Okay. Ist eine richtig lange Wenn's dir nicht Pre-Quest. geht. Warte, muss man dafür nicht Level 40 sein, glaube ich, für die Quest? Nein, oder? Ich weiß nicht. Endboss Kloster soll 42 sein. Ja, dann wird 38 wird schon gehen, glaube ich. Also als DPS, wenn du jetzt nicht tankst. Als Tank vielleicht schon ein bisschen höher. Ja, ja. Und World Buffs. Dann easy. Ja, ja. Ja. Ey, sag mal, freust du dich eigentlich auf Midnight? Ja, also im Moment bin ich so ein bisschen süchtig nach Klassik, deswegen. Also wenn es morgen anfangen würde, wäre ich ein bisschen sad, dass ich nicht weiter Klassik spielen kann oder dass ich mich entscheiden müsste dann halt. Aber sonst freue ich mich schon. Ja, wobei Halt die mal was ersten Wochen Neues. ist ja eh nicht viel los in Midnight. Was meinst du? Die ersten Wochen ist ja eh nicht viel los in Midnight. Ja, eben, ja, ja. Also die ersten 2 Wochen so ein bisschen leveln und dann AFK ist irgendwas passiert. Kannst du das nicht abbauen? Nee. Ah, okay. Okay, Pre-Quest kann man schon mit Level 34 machen. Ah, okay, ja. Ja, easy dann.
Kaisha, Dankeschön für den Prime. Dankeschön. Willkommen, willkommen. Freust du dich auf Midnight? Nochmal, ja. Irgendwie vermisse ich das Aufstehen, Keys spielen, Ja. Raiden gehen. Raidest du auch wieder? Wobei Ja. das hier grad, ich werde wieder raiden, ja. Okay, okay. Welche Gilde bist du eigentlich? Ich spiele gerade bei Ethos, also gerade gechillt 2 Tage. Ah, okay. Ja, also Werde wenn ich ich schon raiden würde, dann lange halt auch so eine machen. 2-Tage-Gilde irgendwie. Ja. Was habt ihr für Raid-Tage? Wir raiden donnerstags und sonntags. Okay. Ja, das geht eigentlich Auch schon. übertrieben Spaß. Ja. Man kommt trotzdem schnell genug durch. Die Gilde ist insane. Ich glaube, ich würde nie wieder was anderes machen wollen. Ich war auch einmal in der 2-Tage-Gilde, die halt echt gut war. Und das macht schon Bock, wenn du dann nicht irgendwie ultra lange rumwipes und trotzdem nur 2 Tage raidest. Ist echt gut. Manchmal, also wir waren echt schneller als einige 4-Tages-Gilden. Oh, Questlog voll, okay. Ich hab sie. Mein Gildenleader schreibt gerade, wir brauchen noch einen Balance Druid. Wir haben ja noch, also ich habe noch Buff 10 Minuten. Vielleicht wollen wir eben die eine Quest hier machen, die 37er-Quest. Keine Ahnung, was man da machen muss genau, aber... Ja, aber wir müssen aufpassen, ne? Da ist das Hordenlager. Ach so, Hammerfall ist das Hardenlager, oder wie? Ja, wie machen wir das am besten? Umgehen, ne? Gute Frage. Weiß doch bestimmt irgendjemand aus den Chats. Was ist diese Burg das Lager? Also wo der Zaun Ja, ja. drumherum ist? Okay. Genau. Okay, und dann, also wo ist die Quest dann? Ist die aber daneben? Anscheinend. Lass mal hier runter, hier lang. Ja. Richtung Berg. Ach, da ist eine Höhle irgendwo, okay. Ah, hier, okay. Sieht aber chillig aus. Ja. Guck mal immer, wenn du Mob packst, dass wir immer 2 pullen wegen Sweeping Strikes. Was hat das für ein Cooldown eigentlich? 30 Sekunden. Ah, das ist echt OP. Mir nämlich vorhin aufgefallen, aber war es ja nicht der Voice. Ich pull so einen Mob, den weiter pullen du aus den schon, der bleibt stehen. Ja, ich will auch was machen. Hey Spooky, guten Morgen, wie geht's? Ist denn hier eine Höhle? Ey, wo ist denn der Eingang von der Höhle? Ja, ich sehe hier auch gar nichts. Seht. Oh. Ach so, hinterm Baum hier anscheinend. Hä? Ich folge dir einfach mal. Ja. Okay, es ist keine Höhle, es ist einfach nur irgendein Gang oder so. Ah doch, hier ist eine Höhle, okay, okay. Das sind 37, aber schaffe ich schon. Ja. Safe.
Ah, 2 Stück. Nice. Ist echt krass, wie schnell du die weghaust. Ich verfehle gerade alles. Ich wünschte, ich hätte World Buffs, das wäre noch besser. Ja, ich dachte vorhin, du hast World Buffs, weil du so viel Damage gemacht hast. Ich glaube, die ersten 10 oder 11 Minuten, wo wir gespielt hatten, hatte ich schon Check. Ah, okay. Ach, wir müssen auf diese Splitter auch drauf drücken. Achso, und die müssen wir abbauen. Ich, war eigentlich easy. Außer diesen Caster. Perfekt. Direkt ein Frostblitz. Wann bekommt man eigentlich, oder bekommt man generell Spell Reflect als Krieger? Boah, ich muss mir nachschauen nebenbei. Ich meine aber nicht. Nee, So, hier war auch noch eins. Echt Silber, kannst du das? echt Silber? Nee, kann ich nicht. Okay. Wofür machst du? Inji und? Ich habe auch Ja. Inji und Bergbau, ja. Nimm du erst. Ich habe gar keinen Inji gemacht, ich habe Schmied gemacht. Ach so. Ich wollte Schleifsteine für die Gilde machen, aber ich glaube, ich hatte nicht als einziges diesen Plan. Warte mal, habe ich die Quest überhaupt mit diesem Erz? Ich glaube ja, sonst könntest du die nicht hämmern, oder? Ich frage mich gerade. Nee, ich glaube, ich habe die Quest nicht. Kannst du die teilen? Gefallen für Krassack heißt die Quest. Ich suche, ja. Okay. Also bei mir hast du alle Quests, die ich habe. Hast du irgendeine Quest? Achso, ja doch. Ah nee, doch nicht. Keine Ahnung. Also da steht Gefallen für Kratzak. Keine Ahnung, wie das dann auf Englisch heißt. Und ich kann die zwar auch. Also ich sehe, dass du die hast. Aber ich habe die nicht. Ach so, Favor. Ah, okay, warte, ich suche nochmal. Und die Quest ist das Booty Bay anscheinend. Nee, ja, du kannst ja auch nicht machen. Hm. Okay. Musst du dann hier drin überhaupt Aber irgendwas tun? dann trade ich die 1, weil ich habe schon 5 und man braucht nur 4, oder? Genau. Trade ich die 1 und behalte die 4, weil dann kann ich die Quest ja später irgendwie annehmen und dann habe ich das schon. Dann brauchst du im Prinzip nur die Mobs, right? Eigentlich nur dieses Korn, was die droppen. Wenn wir 12 Stück haben, müssen wir die in diesen Kristall tun. Ah, okay. Würdest du eigentlich zu der LAN gehen, wenn eine kommen würde für Raid? Ja, auf jeden Fall. Das klingt schon richtig cool. Du auch? Wahrscheinlich ja. Die Frage ist, welche 40 dürfen überhaupt mit?
die ersten oder nehmen die das beste Setup? Ich weiß nicht, ich denke mal schon, dass die, also bei OnlyFans war es ja so, dass die das einfach irgendwie entschieden hatten, also Sodapoppin und irgendwie noch ein paar andere, haben mir das Setup einfach ausgesucht. Dann haben die teilweise einfach die Leute genommen, die sie halt brauchten, von den Klassen her. Und dann haben die auch ein bisschen wegen Viewer und so entschieden. Und halt auch, wie viele die für die Gilde und so gemacht haben. Und ja, ich glaube, das war so der Hauptgrund. Aber ich glaube, also ich weiß nicht, wie viele 60er wir dann im Endeffekt da wirklich haben. Und man muss ja auch dazu sagen, wenn irgendwer stirbt beim Event oder beim Raid, dann brauchst du ja einen Ersatz. Ich denke mal, ein paar Ersatzspieler werden dann auch mitgenommen. Oder können da vielleicht auch hinfahren dann. Imagine, einer stirbt da, sitzt da alleine rum, darf nichts mehr machen. Ja, das wäre schon lustig. Ich hatte nur mal einen Clip gesehen von OnlyFans. Die waren da drin. Und die haben so ein Feuerelementar gepult, das hat 2 random Feuerbolts geschossen, eine Person war tot, random, konnte man nichts Oh, gegen. Mann. Aber One-Shots, ja. Ah, shit. Ich finde nicht mal dieses eine Teil zum Abbauen. Für die Quest. Hier ist aber gar nichts. Achso. Ja, und Metashi meinte irgendwie, dass er Neulinge haben möchte im Raid, also dass er halt nur neue WoW-Spieler haben möchte, aber ich glaube halt nicht, dass wir 40 Leute zusammenbekommen, die Level 60 sind und alle Neulinge sind. Oder ja, Das vielleicht stimmt, schon, aber- aber schwierig, glaube ich. Ich denke, es könnte trotzdem so ein 50-50-Verhältnis werden. Ja, also es sind auf jeden Fall Leute sind echt viele motiviert. Neulinge. Weil die Motivierte, ne? Ja. Ja, ich glaube nicht, dass man wirklich 100% Neulinge Alles schafft. super farmt, egal wohin. Ja, das ist echt krass hier gerade. Kamst du eigentlich gut durch Tag 1? Mit dem Farmen und so? Tag 1? Ja, Tag 1 war schon ein bisschen schlimm. Wir waren halt auch zu dritt. Und zu dritt bist du da irgendwelche Farmquests oder Dropquests. Boah, das war schon schlimm. Boah, wir hatten irgend so einen Kopf mussten wir looten bei den Menschen, ne? Ach Am ja, Anfang. da haben wir es auch angestellt. Ja. Und bei uns war das Problem, immer kurz bevor wir dran waren, haben sich welche vorgedrängelt. Echt? Da waren die alle so mad. Ja, ja. Die haben Okay, das bestimmt ist bei aber der frech. Quest über eine halbe Stunde verschwendet. Und die nicht geschafft. Oh Mann. Die hat nicht schlechten Layer. Ich bin Level 34, Kino. Hallo an die ganzen YouTube-Leute, by the way. Sorry, wenn ich hin und wieder meine Nachricht nicht gleich lesen kann. Also, wenn ihr eine Frage habt auf YouTube, einfach am besten ganz oft schreiben. Dann sehe ich, dass sich der Chat bewegt aus meinem Augenwinkel. Weil der Chat bewegt sich halt nicht so oft und dann gucke ich das selten hin. Wenn er sich bewegt, dann gucke ich schon hoch. Einfach ganz oft schreiben. Necrodeath, hallo, wie geht's, wie geht's, wie geht's? Alles gut? Du hast erst 1 und ich erst 3. Das dauert Ja. jetzt noch ein bisschen. Das könnte eine Weile dauern, ja. Wir können ja auch einmal runterlaufen, wenn es mal zu den anderen Quests.
Ein bisschen Ja, hin und her das ist laufen. Was ist dein Scheiß? Weg auf dem Jubiläumsserver? Mit dem wo ist er? Was? Ist dein Scheiß einfach verschwunden? Wirklich jetzt? Ist einfach weg? Hast du den vielleicht schon getranst vorher oder auch nicht? Ich habe hier noch einen Mob. Ich bin schon rumgesprungen. Egal, warte. Ich Okay. bin mit dir. Nice. Ich stopp uns zu dir, warte. Komm. Wait. Oh nein, No. wohin rennt der? Der rennt aber gerade den Berg hoch. Oh Mann. Ey, er kommt. Guck, hat sich gelohnt. Ja, Ich hab nice. Wie viel Gold hast du? Ich habe 30 Gold fast. Du? 3. 25. Oh. Du Ja, hast gar kein Mount drauf, ne? nee. Ist schon nice. Mit dem Jahr habe ich viel mehr Gold. Im letzten Jahr hatte ich irgendwie 5 Gold, als ich 33 war. What the fuck? Keine Ahnung, wie das ging. Vielleicht hast du mehr Waffen bekommen. Diesmal und so. Ja, ich glaube auch. Ja, das letzte Mal habe ich einige gekauft. Jemand hat gerade gefragt, mit wem ich im Discord bin. Und einer schreibt, mit Gucci Warrior, der Schlitzer von Düsseldorf. Was Sehr für ein schön. Ding. Der Schlitzer von Düsseldorf. Nice. Vor allen Dingen, ich komme aus Duisburg einfach. Hast sogar die Stadt falsch. Oh Mann. Willst du zuerst die eine Quest hier abgeben? Die hast du auch, oder? Hinweise auf eine neue Seuche oder so. Ja. Okay. Lass mal. Ah, shit, ich glaube, der ist oben. Oder? Ja. Alles gut, Dios, ja. Mach dir keinen Kopf. Kann ich euch helfen? Mögen eure Reisen sicher sein. Echt, Südtirol ist doch nicht kriminell, oder? Schön. Ist Duisburg kriminell, oder wie? Du hast ein paar Ecken, die sind nicht so schön und ist halt eine sehr arme Stadt. Ach so. Hat einen guten Ruf. Oh. So kriminell klingt immer so komisch, ne? Ist natürlich nicht so, Ja. so irgendeine kriminelle City in Amerika oder so, aber ist auf jeden Fall nicht so schön. Sagen viele. Ja, dann weiß ich nicht, warum es das Südtirol aus Deutschland ist. Südtirol ist eigentlich ganz schön. Und überhaupt gar nicht kriminell. Okay, was
ist die Quest dann versiegte. Oh, na. So, wir müssen irgendeine Pat töten, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, lass erstmal weiter zu den Trollen gehen hier. Ja. Sie verheimlicht einfach die Südtiroler Mafia. Oh ja, die Südtiroler Apfelmafia. Ich dachte, Äpfel. Ja, im Süden werden viele Äpfel angebaut hier, ja. Und die Speckmafia natürlich auch. Ich war noch nie in Südtirol. Da musst du mal kommen, ist schön hier. Ey, hier ist auch überfarmt. Ja, das ist echt schlimm. Was ist hier los? Wann gibt's einen neuen Layer? Ah, Trolle. Okay, erstmal weggecrittet. Oh, bist du Enchanter? Nee. Nein, bist du nicht. Oh, Dirty Devil ist schon wieder 27. Der ist gestorben, glaube ich. Da war ich Level 30 oder so, glaube ich. Ah, ich glaube, der zweite Durchgang geht doch eh schneller, oder? Mit Ja, das Rested. stimmt schon. Ja, ja, mit Rested, das macht schon einen Riesenunterschied. Hattest du eigentlich damals auf Level 1 direkt den World Buff geholt? Ja. Ah, okay, ich nicht. Das hatte ich auch vergessen. Ja, war ein es war Fehler. schon worth, glaube ich. Aber halt, weil halt alles so überfarmt war, stand es halt trotzdem eher nur so ein bisschen rum mit dem World Buff als alles andere. Boah, das ist aber echt schlimm hier. Vielleicht gehen wir mal auf die andere Seite. Oh, auf der Map südlich im Berg. Vielleicht da. Ah, ja. Hier hoch vielleicht? Ich glaube, da gehen jetzt alle hin. Ja. Guck mal. Oh nein. Ich glaube, das können wir vergessen. Wir gehen hier mit 7 Leute rein. Ja, ich glaube auch. Hier ist nicht mal irgendwas hier. Hast du einen PC? Nein? Du? Also, warte, habe ich eine C? Oh lol. Es hat Du gerade hast gelaggt. Echo Okay, okay, okay. Oh Gott. Oh. Ja, irgendwie ist mein Internet gerade nicht so gut. Ich glaube, ich gehe mal raus aus der Höhle. Ja, lass mal rausgehen. Oh Gott. Oh nein. Ich glaube, es geht wieder. Ja, doch Egal, lieber aus der Höhle raus. draußen Dann ist- sind eh so viele Leute hier. Ja, ich glaube, ich hatte kurz so ein bisschen Internetprobleme, ganz kurz. Ich habe geguckt, irgendwas war gerade nicht so nice. Aber es geht jetzt wieder anscheinend. Ah, hier ist ein ganzes Camp da oben. Viele sind das? 4.
Wir können zuerst rechts und dann links. Oder wir machen alles. Ja, warte, lass mich eben andenken. Ja. So, dann kurz hin. Okay. Ja, nice. Ja. Ich war auch da. Ey, Warrior Palace ist eine coole Combo. Ja, ist echt gut. Müssen wir irgendwas looten oder müssen wir... Wir müssen die Hauer looten. Ah, shit. Kannst du mir einmal SDM geben? Mhm. Fuck. Holy shit, was ist los? Alle einen Tag frei und jetzt sterben alle. Wissen nicht, wie man WoW spielt. Oh nein. Hey Nalka, wie geht's? Guten Hunger und gute Arbeit später. Ich werde das jetzt immer weiter sagen. Das mit dem dieses gute Arbeit, das werde ich jetzt einführen. Das, das sollen jetzt alles sagen. Aber guten Hunger sagt ihr auch schon, oder? Also Mahlzeit und guten Hunger. Ja, oder? Auf der Sauerkraut-Website gibt es eine Übersicht über das 60er. Du kannst nach Level sortieren bei den Streamern. Guten Hunger sagt man, okay. Du hast auch keinen Worldbuffs mehr. Nee. Palla ist echt, also mit Worldbuffs geht's, aber ohne Worldbuffs ist man echt so langsam irgendwie. Oh. How did you level so fast after death? I wasn't even that fast. I'm slow as fuck. Sind die gerade vor DM gestorben? Boah, Nein, echt? er schreibt Bildchat. Bei den Da hat irgendjemand Ausweisen. alle Mobs gepullt, ist gestorben und dann sind die Mobs auf die gewechselt. Oh, shit. Jo, wo sind sie, Frau Paladin? Ich sehe sie nicht mehr. Wo bist du? Also, okay. Willst du doch in die Höhle? Ja. Okay, okay. No risk, no fun. Also sind so viele Leute gerade rausgerannt. Ich glaube, es ist wahrscheinlich eh alles tot. Stop stealing my mobs. Well, you should not steal my mobs. Sollen wir da runterspringen? Ja, können wir.
Wo bekommen wir dieses Messer? Ist das auch einfach so ein Random Drop? Ich schau gerade auch nach. Ich glaube, es ist ein Random Drop. Unsere Taschen auch, oder? So Taschen. Pouches. Ja, ich habe eine von 4, du 0. Achso. Ja, nice. Ich glaube, hier sind wir ein bisschen beschäftigt. Ja. Ah, jetzt sehe ich die Medizinbeutel, okay. Ich glaube, die droppen nur von den Castern. Gut möglich. Und die Messer bestimmt nur in der Höhle, ne? Ja, denke. Okay, dieses ganze Gebiet ist irgendwie scheiße, glaube ich, gerade. Pull. Ja. Oh, er hat Sprint an, der Rogue. Oh, nice. So. Oh, GZ. Nice, Tasche. erste Beutel, ja. Guten Morgen, meine Königin. Hallo, Hyper, wie geht's? Ich habe gestern den WoW-Film über den Iverin auf Netflix geschaut. Der ist ja schön, ist schon schön und sehr traurig. Ich habe den ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Wir haben schon so viele Leute gesagt, wie gut das ist und dass ich mir das anschauen soll. Aber habe es dann irgendwie trotzdem nie gemacht. Aber ich muss das echt mal gucken. Die Leute meinen echt, das ist echt gut gemacht, echt schön. Brauchst du auch? Nimm einfach. Nimm. Du warst damals im Kino, oh shit. Wie heißt der Film auf Deutsch? Weiß ich nicht. Englisch heißt er, glaube ich, der... Nee, ich weiß. Soll irgendwer im Chat sagen, sonst erfinde ich hier einen Namen gerade. Nee, nicht Warcraft The Beginning. Ich Nee. glaube, wir sollten Höhle gehen und da campen einfach. Sorry, was? Lass einfach in die Höhle gehen und da auf Respawn warten. Ja, okay. Lass das mal machen. Das fantastische Leben des Evelyn, ja genau. The Fantastic Life und A Remarkable Life of Evelyn, ja genau. Das war's. Remarkable, dafür gibt es irgendwie keine deutsche Übersetzung, oder? Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Weil The Remarkable Life, das passt irgendwie besser als fantastisch. Aber dafür gibt es irgendwie keine genaue Übersetzung, oder? Das ist bemerkenswert. Ja, irgendwie schon. Ja, stimmt. Bemerkenswert. Remarkable. Ich glaube, ich krieg jetzt gut Schaden. Okay. Wobei, ich hab das Knife. Nice. Achso, Inventar ist voll, warte. Ah, ich hab's auch. Haben sie eigentlich auch hier Gear? Nebenbei? Ja, sollte ich, aber ich habe halt keinen Platz irgendwie im Inventar. Deswegen im Moment nicht, weil ich mir denke, im Moment geht's halt trotzdem noch zu heilen. Aber so ab 40, glaube ich, sollte ich schon Sachen mitnehmen. Wie groß sind denn deine Taschen? Ich habe nur 10er-Taschen. Muss mal fragen. Kex kann, glaube ich, 12er Taschen. Okay.
Muss ich ja fragen, ja. Was braucht man für die 12er-Taschen? Seidenstoff? Gießstoff. Du brauchst sogar 20 Stück, glaube ich, für eine Tasche sogar. Ah, okay. Außer ich lieg falsch. Ja, ich glaube, ich will aber... Ich würde schon gern ein bisschen hin und wieder mit anderen Leuten spielen, weil ich will halt nicht, dass die Leute denken, ich spiele nur jetzt mit Lost Kitten und Jen. Aber das Problem ist halt, Numerican ist halt... Ich weiß halt nicht, ich bin halt ein bisschen overlevelt dafür, kommt mir vor. Es ist halt alles so ein bisschen grau da. Es dauert einfach viel... Es dauert lange für nicht so... Ich glaube, es ist halt nicht so worth it irgendwie. Geht halt eher darum, als alles andere vielleicht. Aber ja, das also das wird irgendwie schon passen, die Übersetzung, glaube ich. Bemerkenswerte Leben. Ist jetzt nicht... Also klingt jetzt nicht genauso gleich wie Remarkable. Remarkable hat irgendwie doch noch eine andere Bedeutung, so ein bisschen im Englischen als das Bemerkenswerte, oder? Also ein bisschen anders. Schon relativ ähnlich, aber... Aber es klingt auch ein bisschen anders im Englischen. Ist eigentlich exakt dasselbe von der Übersetzung her, aber was man sich darunter vorstellt im Englischen ist ein bisschen anders als im Deutschen. Oder? Das kommt mir so vor. Weil, mir kommt vor, weil bemerkenswert kann im Deutschen halt negativ auch sein, nicht nur positiv, oder? Also etwas kann bemerkenswert sein. Aus einem negativen Grund. Oder? Oder halt nicht hauptsächlich positiv. Aber remarkable in Englisch kommt mir vor, das ist irgendwie schon nur positiv. Also für mich hat das also ein bisschen anderen... Klingt für mich als keine Ahnung, es fühlt sich ein bisschen anders an im Deutschen als im Englischen. Ein Moment, ich muss die Nase putzen. Peer? Ich passe auf dich auf dieses Mal. Ja, genau. Für mich liegt Remarkable zwischen bemerkenswert und faszinierend. Genau, das ist so ein Zwischending. Genau. Also bei mir klingt Remarkable einfach so ein bisschen positiver als bemerkenswert im Deutschen. Bin wieder da. Wie? Ja, genau. Das ist auch eine gute... Ja. Also im Englischen ist es so als... Ist der Respawn perfekt. So kann ganz sein. Ja. Genau, im Englischen ist es so... Hast du eigentlich Light von den Lohn? Ja, habe ich. Du auch noch? Ich hab's immer noch nicht geholt. Ach so, ja, dann hol mal. Sagt mir einfach jeder. Ja. Hol mal als Krieger. So habe ich noch einen Grund mehr, nicht zu sterben. Am traurigsten ist, wenn man dann bei der Quest stirbt. Ist sie so schwer?
Nee, gar nicht eigentlich. Ist das jemand hier passiert? Dabei zu sterben? Das ist krank. Ich glaube schon. Also am Anfang musst du so Elementare töten. Das sind so Caster-Mobs und ich glaube, da ist schon mal jemand gestorben, ja. Uff. Ach, auf dieser kleinen Insel, die Elementare. Ja, ich weiß. genau. Aber jemand meinte, im Englischen ist es eher wie das erinnerungswürdige oder erinnerungswerte Leben, oder? Ja, ich glaube, das... Ja, wenn jemand sagt Remarkable Die Life... Schultern sind ja überkrass, die will ich auch haben. Ja, ne, die sind echt gut. Und mein Helm auch. Richtig krass. Ah, den Helm hatten wir zusammengenommen. Da waren wir doch enttäuscht. Ja, ja. Ja, du hast allgemein voll gutes Gear. Ja, ist nicht schlecht, nicht schlecht. Den Ring muss ich mir auch noch holen, aber keiner will mit einem High-Level-Verlies gehen. Ja, das ist das Problem, ja. Musst du deinen letzten Boss töten oder einfach nur sonst was machen? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, den letzten Boss, ja. Okay, ja. Vielleicht wollten wir ja irgendwann mal welche noch rein für Quest. Ja. Runter? Mhm. Aber ja, irgendwie so Erinnerung, also ja. Ja, keine Ahnung. Egal, egal. Aber es stimmt schon, dass irgendwie manchmal, das finde ich auch relativ interessant an Sprachen, ist es manchmal, auch wenn ein Wort wirklich komplett übersetzt werden kann, also wenn beide Sprachen halt genau dasselbe Wort dafür haben, also wirklich wortwörtlich übersetzt wird, dass es trotzdem irgendwie in einer Sprache ein bisschen andere Bedeutung haben kann als in der anderen Sprache. Oh, Das hängt halt dann... den kann bestimmt jemand in der Gilde gebrauchen. Ah, stimmt, ja. Willst du das den aufpacken? könnte auf die Menschenbank kommen, ja, mache ich. Welches Level ist da eigentlich deine Mädels inzwischen? Lost Kitten ist, glaube ich, 33 oder 32 und Jen ist jetzt 40. Sie levelt echt langsam, aber sie probiert halt ein bisschen auf uns zu warten. Aber schwierig. Sie levelt langsam, aber ist 40. Ja, weil, also ich bin ja mit 33 gestorben und Lost Kitten ist mit 29 gestorben. Und Jen ist dann halt nicht mehr gestorben. Also sie war halt dasselbe Level wie wir, als wir dann gestorben sind. Und dann hat sie relativ langsam gelevelt, aber wir sind dann immer noch behind. Ich verstehe jetzt, ja. Ich brauche nur noch 2 Stück. Nice. Ich brauche noch 3. Und die Beutel halt draußen. Also probiert ihr im Prinzip aufzuholen und dann levelt ihr wieder weiter mit ihr. Ja, ich glaube, das ist die Idee. Und auch Priester. Und Priester ist auch so ultra langsam, irgendwie alleine am Quest und alles. Jetzt heute irgendwelche World Buffs? Ich schau mal eben nach, einen Moment. Ich sehe nur ZG um 7:30 heute. Ich glaube, die müssen erstmal Oni killen, oder? Damit die wieder Mithril kannst du auch nicht abbauen, oder? werden. Nee. Okay. Ja, eben, die Leute müssen es killen und ich glaube, die meisten haben ja jetzt weggetranst, weil TWC
gratis irgendwie trans war. Aber jetzt geht's nicht mehr, glaube ich. Deswegen gibt es wohl anscheinend viel weniger World Buffs anscheinend ab jetzt. Ich bleibe mal alles hier. Bitte, bitte, bitte. So. Ich bin gesilenced. Ein bisschen gefährlich hier bei dem Silence, aber sonst bubble ich einfach. Kannst du Silence bubbeln? Ja, ich glaube schon. Also in Retail auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das in Klassiker auch geht, ehrlich gesagt. Verlass dich nicht drauf. Ja, vielleicht nicht. Ah, gleich eh fertig. Ja. Warum sind Leute so halb wegen Pre-Patch? Wegen TBC oder nicht? Denke ich. Oder meinst du jetzt... Warte mal kurz. TBC... warte mal, ich bin echt gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe darüber noch nie nachgedacht. Aber TBC... Silence aber oft. Ist aber... Das war ja schon mal raus. Warte mal, was ist das denn? Lol, ich habe darüber noch nie nachgedacht. Was ist denn jetzt in TBC neu? Hä, die haben das ja früher schon mal rausgebracht, TBC. Was ist da jetzt neu? Ja, TBC Classic, aber TBC Classic wurde ja schon mal released. Achso, ist einfach nur ein neuer Server. Also es wird quasi ein Classic-Server nochmal auf TBC geändert. Oder brauchst du noch irgendwas? Ich habe alles außer diese Medizinbeutel, glaube ich. Naja, aber die droppen, glaube ich, mehr außen. Ja, die sind draußen, ja. Okay, nur damit ich das verstehe. Also die Classic-Server, die jetzt zu TBC werden, das sind auch relativ neue Classic-Server? Das wusste ich nämlich auch gar nicht, dass es irgendwie normale Classic-Server gab, die erst vor kurzem rauskamen. Oder wie lange gibt es die schon? Ich habe mich verlaufen. Findest du den Weg raus? Ich glaube, das ist hier, oder? Höhlen, da brauchst du mich nicht fragen. Lieber nie mir folgen, wenn ich irgendwie aus der Höhle raus müsste. Hallo. Hallo, guten Morgen. Na? 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 Erholt und frisch nach dem freien Tag? Ja. Nice. Ja, es juckt mir in den Fingern. Es juckt mir in den Nice. Fingern. Das Ich freut hab mich. richtig Bock. Und bei dir? Und euch? Ja, wir sind schon am Leveln hier. Ist alles ein bisschen überfarmt leider, aber Wo seid ihr? wir machen gerade im Arati-Hochland ein paar Quests. Ach, Arati sagt. Ah, Aber sehr überfahren. Ja. ja. Ich war letztens in der Höhle halbe Stunde gefangen einfach, ne? Weil ich nicht rausgekommen habe. Oh, scheiße. Das könnte ich sein, ja. Okay. Okay, also ich muss jetzt nochmal nachfragen. Ich bin so verwirrt mit den ganzen Servern. Arati hoch. Also die Jubiläumsserver, Über den Sumpfländern. was heißt das eigentlich? über Sind das, Sumpfland. was ist der Unterschied zwischen einem Jubiläumsserver und einem normalen Server? Ich dachte zuerst irgendwie, alle Jubiläumsserver wären Hardcore-Server. Das stimmt ja gar nicht, oder? Es gibt auch normale Hardcore-Server, oder nicht? Achso, das sind die Jubiläumsserver, halt die zweite Linie dann quasi von den... Also ganz am Anfang kamen die ersten Classic-Server raus. Und die sind mittlerweile schon in MOP oder wo die sind, keine Ahnung. Und dann die zweite Linie an Classic-Servern, die dann released wurde, heißt dann Jubiläumsserver. Die dann wieder in Kann man Classic sich da angefangen jetzt hat. anschließen? Oder
Ja, klar. Okay. Also ich glaube jetzt bei den Arati-Quests vielleicht. Ja, obwohl, wir haben ja eh einige noch nicht wirklich fertig gemacht. Sonst kann ich auch erstmal die abgeben, wo wir vorher... Oder hattest du da auch weitergemacht bei den 1000 Nadeln? Da bin ich nicht nochmal hin, nee. Ah, okay. Da habe ich auch eine Quest, glaube ich, zum Abgeben. Ja, da Also müsste ich auch noch ein paar du kannst abgeben. hier schon hin, ne? Wir haben bis jetzt nicht eine Quest richtig fertig. Ja. Oh, krass. Sind das so Sammelquests oder wie? Die meisten Alles leider schon, ja. Oh, okay. Ja, Aber komm dann... ruhig. Das Problem ist eher der Respawn und nicht das Sammeln. Ja, das stimmt. Aha. Sonst überlege ich gerade kurz. Wir können vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein Gebiet gibt, wo wir hin könnten, weil wir ja zu dritt sind, dass wir dann vielleicht ein paar. Ja, das Problem ist, wenn man höhere Quests macht, dann verfehlt man aber jeden Spell. Ist halt schon scheiße. Denk dran, ne? Ich bin fast 37. Ach, stimmt. Aber ist schon relativ hoch. Okay. Achso, okay, dann. Okay. Und der Patch, der gerade war, hat die Jubiläumsserver auf TBC geupgradet, quasi. Oder nicht? Also, es ist quasi das zweite Mal, dass TBC jetzt rauskommt, aber halt für die Jubiläumsserver. Ah, okay, jetzt verstehe ich das, okay. Und die wollen jetzt noch immer Classic-Server rausbringen? Die Untertitel, die englischen Untertitel sind von einem Filter, der heißt Local Vocal. Wir könnten nach Desolace gehen, ne? Das geht zu dritt. Ja, das glaube ich, können wir machen, ja. Das ist sogar eine gute Idee. Wo ist das? Steinkrallengebirge, glaube ich, in der Nähe. Ja, genau darunter, ja. Das kennst du bestimmt noch von früher, dass da rennt diese eine Hand herum. HK oder wie das? Nee, der heißt nicht HK. Rexa. Das ist so eine Wüste. Oh. Ja, es wird langsam bildlich. Aber macht ihr ruhig erstmal da weiter. Ich gebe ein bisschen was ab. Also. Und genau. Wieder für Bank oder wie? Rolle der Stärke ist. Jetzt mal looten. Ich mit Schulter. Auch erstmal Platz hier. Ja, die kann ich auch auf die Bank packen, ja. Es wird aber ruhiger hier. Ja, irgendwie schon. Sind dann alles keine Mobs, die Beutel droppen. Irgendwie Brauchen nicht diese mehr. Mediziner oder diese Heiler da. Oh, da unten ist einer. Hast du einen gefunden? Ja. Das Kakao kam jetzt irgendwie zum besten Zeitpunkt, als ich auch noch so eine Warnung bekommen habe vom Totem.
Classic Plus wollen die auch machen. Okay, sowas wie... Okay, was ist denn Classic Plus jetzt? Oh nein. Aber dann nicht diese anderen... Nee, wie hieß das Wo nochmal? kommt die Truppe denn her? War das eine, wo die auch Klassik links gemacht ist haben, ein aber mit Doktor. anderen Talenten und Kommst so? Sorry, nochmal? Links ein Doktor. Ja, hol ihn dir mal. Ich muss ihn hier noch looten. Ah, Mist, Also. nicht bekommen. Shit. Gott, ich so wieder Leute, ne? Hier drüben. Schnell. Oh, nice. Oh nee, ich meinte nicht die chinesische Version. Ich meinte die... Boah, wie heißt es denn nochmal? Wo man dann andere Talente hat und so. Mein Gott. Du brauchst noch 3 und ich 2. Seasonal Discovery. Genau. Ja, ich brauch 3. Das haut ewig hier. Shit. Ich glaube, in den Camps sind relativ viele Caster immer, aber halt auch nicht. Ah, da oben ist einer. Pull ihn einfach. Oh. Drüben ist auch einer rechts von dir. Ja, ich hol den. Ah, hat ihn schon. Shit. Da ist noch einer. Oh, nice. Seasonal Discovery, das meinte ich. Einfach weg. Oh, nice. Braucht ihr noch einen? Echt? So Ja. lucky? Das war lucky jetzt. Ja. Hinter uns? Ey, ich auch. Nice. Classic Plus soll, so munkelt man, spezielle Handlungsstränge, Nebengeschichte und neue spielerische Inhalte haben. Okay. Ja, das wäre irgendwie schon interessant. Oder? Was denkt ihr? Ich bin mir halt auch nicht ganz sicher, ob das... Aha, ich weiß... Irgendwie klingt schon cool, aber dann teilweise auch vielleicht auch nicht so. Vielleicht... Oh, Shellshocks. Dankeschön für die Season-Upgrades, Shellshocks. Dankeschön. Wie geht's? Wie geht's? Dankeschön. Willkommen an Estatico, Kubilay, Chefkoch HD, Tiris, Fennec, Ditzy, Exonius, Glory, Motek und Rio Play. Dankeschön. Wo ist eigentlich Meeres? Der war fleißig. Stimmt, Weekly wo ist Sub. Meeres? Den muss man aufholen hier. Der war heute Morgen on und hat erstmal Weekly Stuff Let's erledigt go. im Retail. Oh wow, Strafe direkt. Video in Schande. Let's go, Dankeschön für die 12 Subs, holy shit. Wie habe ich das denn jetzt verdient? What the hell? Dankeschön. Danke euch zwei. Willkommen an Kilaf, Sakano Reeves, Dad Sims, Schnuggibärchen, Crumpets, Lambepicos, Marbodog, Tim, Denno, Soccer Couch, Suvu und Quanliff. Hast du Dankeschön. mal Genshin gespielt? Nee, ich habe das nie gespielt. Ich hatte irgendwie Bock, das mal zu probieren, weil echt viele Leute darüber geredet haben. Aber hab's dann trotzdem nie gemacht. Hast du mal gespielt? Ich hab's übertrieben gesucht in der Zeit lang. Echt?
Ja, ja. Ich auch. Nein. Fühle ich. Hast du reingecasht? Ich habe, oh Gott, hör mir auf. Ich habe, als ich mit Stream angefangen habe, war das mein Main-Content. Ich habe nur Echt? Genshin Impact gespielt. Oh, Ich habe nicht mal das Chatting gemacht. Ich bin instant in das Game rein und habe das stundenlang gesuchtet. Nice. Ja, ich hab auch gut, also ich habe nicht viel reingecasht, aber schon so. Und du, Gucci, hast du gut reingeballert? Ich habe erstmal, glaube ich, 100 neue Eggs gemacht, bis ich meinen ersten Genshin habe ich Char gar hatte. nicht Und gespielt. danach Ja. hab ich reingeballert. Ah, ja, stimmt, wir ja. sollen das Stream together machen. Gut, Hast du richtig gut, dass gerollt? dass du dich Ja, auf erinnerst, jeden mache ich Fall. gleich. Mehrmals. Nice. Ich schwör's dir, das Spiel war richtig Heute gut. gibt es einen neuen Also, ist Update in richtig Genshin. gut, ne? Okay. Ja. Guten Mittag, Deeks. Ich hab's einfach aufgehört. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie du es findest, aber wenn man da irgendwie so raus ist und dann so viel aufholen muss, also man ist ja gezwungen, alles so aufzuholen und Fahren, ja. genau, dann, das war so mein Problem, weswegen ich dann nicht mehr wieder reingekommen bin. Same, same. Danke nochmal. Shellshocks und Lesko. So. Okay, dann mache ich mal eben Stream Together auf. Ich glaube, wir müssen wieder reingehen, oder? Ins Lager. In welches Lager? Hier zu diesen Lagern einfach suchen. Ah, nämlich. ja. Ja. Ey, Mädchen, hör Ist hier auf. ganz links auch noch eins? Ich glaube schon. Ich geh mal rüber. Ich mach mal Stream Together auf. Okay, ich beschütze dich. Dankeschön. Okay, und Beschützt die raus. Königin. Ich habe erstmal direkt mal aus Versehen RP-Walk angemacht, als du das gesagt hast. Nice. Oh. Du hast gerade mein Gewusst 2 Video mit Murklock geschaut. Nice. Ich fand das so unterhaltsam und sympathisch, so dass ich dir erstmal ein Follow da lassen muss. Viel Spaß euch weiterhin in WoW, aber dennoch hoffe ich darauf, dass man Denkst bei du, wir dir sollen wieder. in die Höhle? Dann gibt's. In der Höhle, glaube ich, sind keine davon, oder? Von den Castern? Wenige, Was? doch, ich glaube auch, aber Ja, wenige. wir können schon mal gucken. Ja, lass mal machen. Ja. Ich wollte echt viel mehr Guild Wars 2 spielen, weil mir hat das Spiel echt gefallen. Also mir hat's gefallen, aber ich weiß halt, dass es, also ich habe halt nur gelevelt am Anfang und ich war halt noch ein bisschen Ah. überfordert mit allem. Sieht nicht gut aus. Hier ist einer. Ich schnapp ihn dir mal, ich bin aber noch Ah, hier ist stuck. ein, nee, warte. Nee, das ist der falsche. Ah, nevermind. Ja, lass wieder raus. Ja. Aber ich würde halt echt gerne Max-Level werden, um ein bisschen Endgame-Content zu probieren in Guild Wars. Und müsste halt relativ viel Zeit da investieren. Und würde ich schon gern machen. Aber das Problem war, als ich angefangen hatte, da kam Ich halt... bin jetzt ganz kurz 1000 Nalen nochmal gegangen, gebe hier ein bisschen was ab, gucke, ob ich noch was farmen kann. Dann könnt ihr in Ruhe da weitermachen, wo ihr gerade seid. Und dann können wir vielleicht, wenn ihr Bock habt, eine neue Map maybe anfangen. Ja, nice. Okay. Wie ihr Lust habt. Ja. Weil ich will euch nicht jetzt aus eurem Grind da rausreißen oder so. Dann mache ich hier einfach kurz ein bisschen alleine. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Kurze Frage an unsere Königin. Ja. Können Sie mal gucken auf der Bank, ob da noch ein Waffenkettenrezept rumliegt? Ja, kann ich mal schauen. Ist er dann auch schon Woche geladen, oder?
Das letzte habe ich nicht verstanden. Das eine hast du mal runtergeladen, das G-Bank Classic, oder? Was für ein Addon? Okay, das heißt G-Bank Classic Revived und da siehst du, was auf der Gildenbank drauf ist. No way, sowas gibt's. Naja, ist echt nice. Ja, wie cheaten. Das Soll ich dir was verraten, Agura? Das geht bei mir nicht. Immer wenn ich drauf drücke, steht da Aha. Uploading Data oder Aha. Echt nicht? Schau her. Aber mir Da geht kann das. ich mir gleich den Speicherplatz sparen hier. musst du die Daten oder so aktualisieren davon? Es kann sein, dass es nur geht, wenn du online bist und ich auch dem Char. Also, dass es irgendwie sinken muss. Aha. Wahrscheinlich. Das ist einfach Dann direkt mal bitte gucken. Er lad ihn trotzdem mal das eine runter, bitte. Und dann logge ich um. Aber das Ding ist, ich suche jetzt wirklich schon seit Tagen, schreibe ich hier jeden Schmied immer an, wegen diesem Rezept. Und Dalu meint jetzt aber gerade, der hätte das irgendwie an die Menschenbank gegeben. Und ich finde Okay. einfach nicht den, der das bekommen hat. Okay, Oder ja, vielleicht dann hat's auch gucke ich keiner auf jeden noch genommen Fall. oder so. Und die wussten das gar nicht. Kann gut sein, ja. Kann gut sein. Ich log gleich um. Danke. Wie heißt das nochmal? Waffenkette. Rezept Waffenkette müsste das sein. Okay. Für Schmied. Meine ich. Ja, dann logge ich hier eben aus. Gucci, okay? Ah, warte, lass ihn noch den Mob hier links haben. Okay. No. Weil ich werde immer disarmed und dann gucke ich die Mobs immer nur an. Bockt nicht beim Spielen. Ja, das da ist ziemlich scheiße. Dann Ja. noch dich aus, ich warte. Okay. Und deswegen, wenn das halt einer kann, wäre das halt. Also, es ist ja für jeden Warrior oder Rogue ist das halt geil, ne, wenn man das auf der Mainhand haben kann. Ist das Disarm Immunity dann quasi, oder wie? Ja. Oh, genau. nice. Okay, das ist schon Und es cool. gibt halt 12.000 Mobs, die ja das können, diesen Disarm. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass das sonderlich teuer ist oder so, aber es ist halt irgendwie nur dieses blöde Rezept, gibt es halt irgendwie im Kloster oder so und keiner hat es irgendwie anscheinend. Ich hab gehört, dann stellt's mir auch einen her. Ja, also wenn halt Hyuga oder ich weiß nicht, Braucht Tapsi ihr oder etwas? Fanase, diesen Schmied, die Schönen können Tag das auch. vom Skill her. Aber die haben halt das Rezept nicht. Aber es wäre echt geil. Und das kann halt dann auch nur der Schmied dir drauf machen, quasi, glaube ich. Also, das muss ein Schmied ja wie beim Verzaubern halt. Waffenkette heißt das, ne? Stahlwaffenkette. Schall. Mögen die Reisen sicher sein. Ja, ist immer auf der Bank? Oder im Postfach? Hallo? Gib einfach mal nur Kette ein. Ja. Nö, vielleicht ist aber Man sieht im sich. Postfach irgendwo. Ich guck nochmal. Oh Gott. Könnte eine Weile dauern. Einen Moment. Alles gut. Ich warte schon seit Tagen, da machen die 5 Minuten jetzt auch. Ist gerade nicht Okay. mehr fett. Okay, dann lass mal gucken. Ich suche schon mal so einen Doktor weiter, ne? Wir beide brauchen ja eh noch einen. Ja, kannst ruhig weitermachen, ja. Müsst ihr die auch mal löschen, die leer sind, damit ich da nicht immer durchklicke.
kriegst aber auch echt kranken Müll zugeschickt manchmal, ne? Ja, einiges davon ist schon ein bisschen Müll. Ja. Und Dalu soll das geschickt haben? Auf die Bank? Ich sehe das jetzt nirgendwo. Redest du gerade mit mir? Sorry. Ja. Was? Bitte nochmal wiederholen, Hat Entschuldigung. Dalu das dann auf die Bank geschickt? Meint er, hat das geschickt oder? Das weiß ich nicht. Das hat er nicht gesagt. Ah, okay, Aber, okay. ja, vielleicht hat es auch, also kann man mit dem Addon nachvollziehen, was irgendwo dann auch an wen gegangen ist oder so? Ne? Nee, man sieht aber nur, was auf der Bank ist und was. Also ich wüsste nicht, dass ich jemals irgendwem ein Rezept getradet habe. Ein Schmiederezept. Also ich wüsste es nicht mehr. Kann gut sein, dass trotzdem was so war, aber. Ich kann mal kurz gucken, ob das Rezept auf einem anderen Bankchar ist. Okay, ja, keine Ahnung. Also ich kann nur das sagen, was er gesagt hat gerade. Aber ja, wenn es weg ist, ist es weg. Ich muss mal noch Hyuga fragen, wenn der mal online ist. Das ist noch der letzte auf der Liste, den ich noch nicht gefragt habe, ob er es herstellen kann. Maybe hat es er einfach gekriegt oder I don't know. Ja, Chat, Ja, als ob sorry, ich hab's noch im jedenfalls Post ist. nicht. Das hätte er doch jetzt gesehen. Ja, okay, alles gut. Trotzdem danke. Und wie gesagt, dann muss ich mal Hyuga fragen, wenn der online ist. Und dann wird man ja sehen, wo es gelandet ist. Alles klar. Dann trotzdem danke. Weiterhin viel Spaß und nicht stirben. Ebenfalls. Gleichfalls. Ciao. Okay, ich logge wieder ein. Perfekt. Brauchen wir auch nur noch für dich. Ich bin fertig. Okay, nice. Und genau der droppt jetzt. Trust. Das stimmt. Und? Okay, nein. Perfekt. Schade. Ein paar Menschen mit Berufen, die Zwangstaschenproduktion zwingen mit dem ganzen Seidenstoff, ja. Oh Mann. Eins noch. Uns wurde gerade ein Questor von Nagura Fanboy weggetaggt. Statement bitte. Oh, nice. Oh, Mann. Ein Bottle noch. Oh. Ich sehe einen. Ah, da stehen welche, ne? Ja. Oh, ich hab's. Nice. GG. Längste Quest der Welt. Nicht die längste. Oben rechts wird noch schneller. Ja. Wo willst du jetzt hin?
Eigentlich oben rechts, oder? Ja, oder wir gehen Desolace mit Ronja vielleicht. Können wir auch machen, ja. Wir können ja, also die Quests sind eh noch gelb und rot oder orange, dann geht's eh. Wenn wir ja später zurückkommen dann. Ich mache noch eine Schildkröte hier. Okay. Muss ich dann mal genau gucken, wo ich gleich hin muss. Wir können dich auch abholen oder treffen. Ja, ich muss eh noch ein paar Quests abgeben in 1000 Nadeln, dann kommen wir auch dahin. Ja, perfekt. Weil, Ich mache auch gerade hier so ein bisschen 1000 Nadeln noch. Ja, Auch schon was okay. abgegeben. Ich glaube, hast du den Flugpunkt in Steinkrallengebirge? Das ist unter Ich muss gleich mal Eschental. gucken. Ich habe. Achso, du meinst Gucci, ne? Nicht mich. Nee, ich meinte eigentlich euch. Ja, beide. Achso, warte. Ich habe mir vorgestern noch schnell den da geholt, wo Jaina ist. Haben ein bisschen mit Jaina vorgestern noch gechillt. Wo ist Jane Warte. nochmal? Warte, das ist ein- Marshall Ach so. von Dustwallow in Insel Terramore. Ah, okay. Da habe ich mir den schnell geholt. Aber ich bin nicht rausgegangen. Ich bin nicht rausgegangen. Ich war nur bei ihr und habe gechillt, aber sie hatte keinen Bock. Sie hat gesagt, ich soll sie nicht stören. Naja. Ah, frech. So, wo meinst du? Steinkrallengebirge, das ist unter Eschenberg. Warte, hier ist Eschental. Ah, da! Nee, den habe ich auch noch nicht. Dann treffen wir uns einfach in Eschenberg. Oder sollen wir von 1000 Nadeln einfach rüberlaufen? Weil es ist auch nicht so weit eigentlich, oder? Ja, das Fliegen ist richtig Arsch. Also tatsächlich fliegst du teilweise so 10 bis 15 Minuten. So. Wenn Aber du durch einen Ferralas bestimmten Flugpunkt durchrennen nicht ist hast. vielleicht blöd. Ja, deshalb. Ah, Ja, stimmt. Gut holen ist nicht verkehrt für sie. Ja, stimmt. Ja, lass aber Eschental, ja. Eschental? Okay. Ich habe aber schon eine Quest gemacht in der Solace, die muss ich dann kurz machen. Was? Boah, dann weiß ich nicht, ob du damit kannst. Dann Ja, muss ich ich mir weiß, das nochmal also- überlegen. Jetzt, Aber Ja. vielleicht beruhigt euch das. Das war eine Sammelquest und dann könnt ihr alleine sammeln. Oh, okay, ja, okay, dann, dann sag ist das doch genehmigt. gleich. Also, Seid gegrüßt. Das Licht segne euch. nur noch ein Schildkrötenfleisch, ey. geht's Zeit, Gucci? Schön. Oh, Was Level geht up? euch durch den Kopf? Okay, die Quest lasse ich erstmal hier. GZ. Lust auf ein Glas? Du willst eh noch mal rüber nach 1000 Nadeln, ne? Ja, ich würde gerne die Quest abgeben, nicht, dass die dann alle graus Okay. sind danach. Ja, genau, deswegen. Perfekt, dann mache ich nur ganz kurz ein bisschen. Ja. Was kann ich für euch tun? Ich habe noch Buffs. Aber ich glaube, ich muss Booty Bay fliegen. Oder? Nee, Minitil, oder? Wobei, nee, du musst 1000 Nadeln, ne? Ja, doch, ich muss du kannst das nadeln. Menitil, dann mach das so, komm nach Menitil. Und dann nimmst du das linke Schönen Tag. Schiff. Ah, stimmt, das müsste gehen. Ja, da könnte ich hinfliegen, glaube ich. Dann kannst du hinfliegen einfach. Ja, ich glaube, das müsste passen. Okay, dann bin ich ganz kurz auf K. Ja. Okay, ich hole Ich mir mach eben was zu auch kurz was zu essen. essen. Bis gleich. Ja, mach das. Bis gleich. Bin gleich wieder da, okay?
Okay, ja. Lass uns das Boot finden. Oh Gott, es ist gerade da. Warte auf mich. Ah, bitte. Nein. Ah. Ah, shit. Die Klasse, welche Klasse wäre die beste, um Solo, Casual und WoW Retailer anzustarten? Ist wirklich egal. Also, spiel einfach wirklich, worauf du Bock hast. Retail ist, wenn du Casual Retail spielst, kannst du ohne Witz spielen, was du möchtest. Retail ist relativ balanced immer. Einige werden jetzt sagen, nee, stimmt nicht. Aber es stimmt schon. Vor allem, wenn du Casual spielst. Wenn du jetzt nicht in hohe M+-Keys invited werden möchtest oder so, dann ist alles okay. Du darfst wirklich spielen, was du möchtest. Ja, Unterschiede gibt es wirklich erst bei ganz Top 1%. Klar, also wenn du wirklich M+ spielen möchtest, dann ist halt das größere Problem ist, dass die Leute dich nicht halt inviten, wenn du kein Meta spielst. Was schon stimmt. Aber das passiert halt erst bei höheren Keys. Also bei unter 10 zum Beispiel, da gucken die Leute jetzt nicht so drauf. Finde ich nicht. Da wirst du schon invited. Und das Ding ist halt auch, auch wenn das stimmt, also auch wenn es jetzt wirklich wichtig wäre, was für Klasse du spielst, es ändert sich ja sowieso für jeden Patch und jeden Balancing Change und deswegen ist es auch im Endeffekt dann auch wieder egal. Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn du das Game Casual spielen möchtest, das heißt, du spielst wahrscheinlich nur einen Charakter und wirst nicht alle Monate den Charakter wechseln, oder? Also ich gehe mal davon aus, dass du dann immer denselben spielen möchtest. Und dann manchmal sagen die Leute, aber du musst das spielen, was Meta ist, sonst wirst du nicht invited. Ja, okay, aber Meta ändert sich die ganze Zeit. Was bringt es denn einem Menschen oder einem Spieler, jetzt irgendwie das zu spielen, was gerade Meta ist, wenn es in einem Monat nicht mehr Meta ist und derjenige ist vielleicht noch nicht mal Level 60 geworden in einem Monat? Level 60, Max-Level meine ich halt. Ihr wisst, was ich meine. Also ich finde, es bringt nichts, jemandem zu sagen, oh, du musst Meta spielen oder du sollst das und das spielen. Weil in 2 Monaten ist es nicht mehr Meta und dann was. Ist halt, ne? Deswegen spiel einfach, worauf du Lust hast, was irgendwie cool aussieht und was dir irgendwie Spaß macht. Weil im Endeffekt ist alles viable, also alles kann gut sein. Ist wirklich nicht so, als würde eine Klasse irgendwie gar kein Damage machen und die andere irgendwie 3-mal so viel. Das stimmt halt nicht. In Retail ist echt alles relativ balanced. Und klar, gibt einige Klassen, die dann halt öfter Meta sind als andere. Also sowas wie ein Mage zum Beispiel, die ist halt öfter Meta als ein Enhancement-Schamane zum Beispiel. Aber wenn du deine Klasse gut spielen kannst, dann wirst du auch invited, auch wenn du jetzt gerade keine Meta-Klasse spielst. Und du kannst dann nicht immer Meta spielen, das geht ja nicht. Außer du bist jemand, der die ganze Zeit rerollt und dann brauchst du eh keine Tipps. Wenn du jemand bist, der die ganze Zeit rerollt, dann glaube ich, brauchst du nicht den Advice vom Twitch-Chat. Wolltest du dich essen holen? Er ist gerade in der Mikrowelle. Wenn man noch fragen muss, was man spielen kann, hat man definitiv noch freie Auswahl. Ja, genau, das finde ich halt auch. Ne? Also das finde ich auf jeden Fall. Also wenn jemand wirklich so neu in dem Spiel ist, dass man irgendwie nachfragt, was man spielen soll, dann ist die Antwort immer, spiel, was du möchtest. Wirklich. Weil das mit diesem Meta und mit besser und schlechter Klassen und so, das passiert echt erst viel später. Bis dahin weißt du auch selbst, was irgendwie Meta ist. Da musst du auch gar nicht mehr nachfragen in einem Chat. Oder finde ich.
Du musst ja erstmal das Spiel kennenlernen und generell mal irgendwie reinkommen ins Spiel. Deswegen, also. Und bis du dann drin bist im Spiel, ist schon wieder ein anderes Meta. Also, das ist echt vollkommen egal, was gerade Meta ist. In dem Moment. Das Einzige, also, wo du schon fragen kannst, finde ich, sind so Fragen wie zum Beispiel, was ist jetzt schwieriger oder einfacher? Also, wenn du gerne eine relativ einfache Klasse spielen möchtest oder eine, die dann doch ein bisschen fordernd ist, also so Fragen kann man vielleicht stellen, weil einige Klassen sind halt einfach ein bisschen einfacher als andere eventuell. Aber ich glaube, im Endeffekt muss dir halt einfach eine Klasse gefallen. Also die Rotation muss dir gefallen und der Vibe der Klasse muss dir halt ein bisschen gefallen, finde ich. Sonst macht es ja gar keinen Sinn, die zu spielen. Ja, genau. Also erstmal, welche Rolle möchtest du ein? Möchtest du heilen, Damage Dealer oder Tank natürlich? So die erste Frage, die du stellen sollst. Und wenn du dir nicht sicher bist und du möchtest irgendwie vielleicht mehrere Sachen machen, dann spiel auf jeden Fall eine Hybridklasse, die halt alles kann. Also wenn du auf jeden Fall Damage Dealer sein möchtest, dann kannst du direkt irgendwie sich schon entscheiden, was du spielen möchtest. Aber wenn du nicht sicher bist, okay, möchte ich tanken, heilen oder Damage, dann kannst du ja eine Klasse spielen, die alles kann. Also so Paladin zum Beispiel oder Druide oder Monk. Es gibt halt mehrere Klassen, die alles ein bisschen können. Und dann natürlich solltest du noch entscheiden, also wenn du Damage Dealer spielen möchtest, möchtest du jetzt Melee spielen oder Ranged? Oder vielleicht auch beides oder du bist dir nicht sicher. Weil es gibt auch viele Damage Dealer, die haben Melee oder Ranged. Druide zum Beispiel kann Pharaoh spielen, Melee oder Moonkin Ranged. Hunter zum Beispiel hat auch Melee und Ranged. Dann Schamane hat auch Melee und Ranged. Noch irgendwas oder war das alles? Ich glaube, das war alles. Ja. Ja, da habe ich schon gesagt, ja. Ah ja, also dann würde ich es einfach danach entscheiden und dann einfach probieren. Im Endeffekt, wenn es dir nicht gefällt, kannst du sowieso immer neu anfangen, weil in Retail ist Leveln jetzt nicht so ein Commitment wie in Classic. Ne? Also, Was geht euch durch den Kopf? Mögen eure Reisen... ich hole mir eben Essen. Aber ja, also in Retail ist wirklich nicht, du musst jetzt nicht für dein Leben lang entscheiden, welche Klasse du spielst. In Classic ist das was ganz anderes, ne? Wenn du dich da entscheidest und dein Charakter auf 60 levelst, das dauert eine Ewigkeit. Da musst du wirklich relativ sicher sein, ob dir das dann gefällt oder nicht. Sonst musst du echt noch viel Zeit investieren, um den Child dann hochzuleveln, den zweiten. Aber in Retail, also wenn du echt keinen Bock mehr hast, ja klar, musst du noch ein bisschen Zeit investieren, aber das ist echt nicht so viel wie jetzt Klassik oder so. Von 15 auf 20. Was schätzt ihr? Was ist um 15:20 Uhr? Nein. Von Level 15 auf 20. Ah. Was schätzt ihr? Wie schnell schafft man? Oh. Boah, das ist da nicht so lang, glaube ich. Boah, ich denke Ja, mal. Mit 18 kann man, glaube ich, schon, also kommt auf die Gruppe drauf an, ja Deadmines schon gehen und da sind ja super viele Quests. Alleine deswegen macht man, glaube ich, schon gut Level, oder? Ja, ich Ja, würde weil sagen so du 4, 5 kriegst ja erst die Stunden, oder? Katzengestalt. Du kriegst ja erst Katzengestalt mit 20, glaube ich, ne? Wenn man DD machen will. Warte mal, Katzengestalt bekommen wir doch schon früher mit 20, oder? Echt? Ich glaube schon, ja. Ich glaube Reisegestalt auch schon mit 30. Also Katzengestalt 20 und dann Reisegestalt 30. Glaube ich. Nochmal kurz AFK. Mhm.
Okay. Kurz essen, während ich die Quest hier abgebe. Ah, da gibt's Reis mit Thunfisch und Erbsen. Ist gut. Einen guten, Dankeschön. Danke, danke. Ich habe nur ein bisschen Salz drauf gemacht und Pfeffer und Petersilie. Petersil. Ja, Maggi benutze ich auch. Jetzt nicht auf so ein Essen, würde ich jetzt kein Maggi machen, aber auf gekochte Eier mache ich gern Maggi. Und manchmal in der Suppe. Nicht ganz gut. Ah, nice. Knochen brauche ich noch. Knabelkoda ist noch nicht angekommen, nein. Ah. Tabasco nicht, also scharf mag ich nicht so gern. Nicht so ein Tabasco-Fan. Magie auf Karspatzlern. Das habe ich noch nie gehört. Magie auf Karspatzlern. Also das Komischste, wo ich Magie gern mag, ist auf Knödel. Also Semmelknödel. Also die Tiroler Knödel, also Speckknödel und so weiter. Jetzt nicht auf Käseknödel oder Spinatknödel, sondern Speckknödel oder Fastenknödel. Und das einzige, also der einzige Grund, warum ich das weiß, warum mir das schmeckt, ist, weil manchmal isst du in der Suppe Speckknödel in der Suppe und dann manchmal habe ich halt Maggi in die Suppe gemacht und dann ist halt ein bisschen Maggi halt auch auf den Knödeln. Und ich finde das schon, also das ist schon nicht schlecht. Gut sei ja, ist mir relativ gut da oben. Ja, weil früher hat die immer, wenn die Suppe noch gar nichts geschmeckt hat mit den Speckknödeln, dann hast du halt wie Maggi in die Suppe getan. Und dann hast du halt teilweise schon wie ein Maggi auf dem Knödel gewässert und dann eigentlich das ist eigentlich relativ gut. Nicht let's. Hopp, Maggi. Ja, nee, einfach nur Maggi, aber scharf, oder wie? Linsensuppe und Maggi,
Kartoffelsuppe im Maggi, das habe ich auch noch nie gehört. Ah, vielleicht. Wir brauchen Gabi als Übersetzer, ja. Ja, Sojasauce benutze ich auch. Aber Sojasauce ist schon anders als Maggi, ne? Also manchmal passt halt Sojasauce und manchmal Maggi. Schöpfer, danke, das abgibt an Sean. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ich kann schon Dialekt reden, wenn ich es will. Nach dem Essen. Hoi, Metzi. Wenn ich es mir nicht verstanden habe, rede ich natürlich Dialekt. Das ist ja gar kein Problem. Jetzt habe ich alles. Perfekt, jetzt bin ich eigentlich da. Ronja ist auch schon 33. Okay, perfekt. Dann gebe ich dir auch und dann gehen wir miteinander um mich das so lesen. Flaschenknädel mit der guten Erbswurst. Was ist denn das? Ich muss sagen, Flaschenknädel mag ich voll gut. Voll gern. Was nicht gut ist? Serviettenknädel. Super. Auch wie Außerbraten. Serviettenknädel, voll gut. Mit Gulasch. Und, ja, die Knädel wie Außerbraten. Voll gut. Da gibt es keinen Flugpunkt, oder? In dem Gebiet, in Darsenal, gibt es keinen Flugpunkt, glaube ich. Redet mit mir. Kommt bald wieder. Redet mit mir. Thing. But not like officially. Kann ich hier vorbeigehen? Der ärgert mich nicht, oder? Okay, geht trotzdem rundherum. Ich hab Angst. Nee, ich war. Also, es ging um den Flugmeister, um den Horde-Flugmeister. Bleibt auf dem Boden. Ich weiß, dass die Stadt an sich neutral ist, aber da war der Horde-Flugmeister beim anderen Eingang. Ja, nach 6 Leveln gibt's einen Mount.
Ja, wir können schon noch Dungeons machen heute. Vielleicht abends. Aber ich weiß nicht welche. Irgendwie... Alle Dungeons sind ein bisschen blöd. In dem Levelbereich. Man ist entweder overlevelt oder underlevelt. Ja, ich weiß schon, dass man kann... Also man kann Friedhof und Bibliothek machen, aber erstmal hat man keine Quest dafür. Und es ist ein ultra langer Weg dahin. Boah, ich weiß halt nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Ja? Hoi, grüß dich. Hoi, hoi. Ja, ich würde auch irgendwie erst hingehen, wenn man die alle machen kann oder die 3. Weil Friedhof an sich ist es so... Friedhof ist halt whatever, ne? Also wenn man 3 Hohen machen kann, finde ich auch. Ja, genau. Ich glaube, macht mehr Sinn, wenn man halt mit 38 oder so da erst reingeht. Was kostet bei dir ein Döner? Gute Frage, weiß ich nicht. Kann man nachschauen. Aber Döner esse ich nicht oft. Ich bin nicht so ein großer Döner-Fan. Ich mag das nicht so gern. Also nicht, dass ich es jetzt irgendwie nicht mag, aber wenn ich mir irgendwas bestelle oder so, dann was anderes meistens. Okay, lass mal gucken. Döner kostet... Hä, kann man sich keinen Döner bestellen? Ah, nee, doch. Kebab im Semmelbrot. Kebabfleisch, Salat, Zwiebel, Tomaten, Joghurt, Cocktail, pikante Sauce. 6 Euro. Okay. Also Kebab im Semmelbrot 6 Euro, Kebab in Dürüm 7 Euro. Und vegetarischer Kebab im Fladenbrot 6,50 Euro. Kebab-Teller 10 Euro. Döner im Semmelbrot 6 Euro, what the fuck? Ist das jetzt viel oder wenig? Günstig, okay. Ich glaube bei uns, also es gibt schon relativ viele Dönerläden mittlerweile, aber Auf der Durchreise? Kurz und ich knapp, muss ja. sagen, Ich hab nicht ewig Zeit. es ist Level 14 Quest. Willkommen in Ratchet. Ich hoffe, ihr sucht Arbeit. Ich muss sagen, dass halt nicht so berühmt ist. Vielleicht deswegen, dass es nicht so teuer ist. Vielleicht deswegen. Wie ist die Lage bei euch? Also, ich bin ready. Ich kann jetzt ruhig hinfliegen. Gleich. Perfekt, ich auch. Ich habe 1000 Nadeln Quest abgegeben. Jetzt bin ich Ratchet geflogen, um da noch ein paar Quests abzugeben. Und dann würde ich jetzt
Eschental fliegen. Perfekt. Ich habe auch gerade noch so ganz viele Sammelquests gerade noch geschafft Perfekt. und abgegeben. Und dann, genau, komme ich geflogen. Eschental treffen wir uns jetzt, ne? Genau. Supi. Zeit ist Geld. Der Ausgeruht-Buff hat richtig gelohnt jetzt mit so einem Tag Pause. Sorry, was wolltest du sagen? Ich weiß nicht genau, ob du da hinfliegen kannst. Weil ich glaube, du hast den Flugpunkt in Ashara nicht, oder? Kann sein, dass du da nicht guck hinfliegen gleich. kannst. Aber guck mal, ja. Ich habe einen Punkt habe ich irgendwo angenommen, damit ich halt schnell dann dahin komme. Ich gucke mal gleich. Okay. Ich gucke. Aber den Flugpunkt musst du ja eh holen. Hey Katzi, was empfiehlst du als Einsteiger in Reaches zu spielen? Was du möchtest. Wirklich. Also was dir Spaß macht. Guck dir die Klassen auch so ein bisschen an, wie die aussehen und ob die, was die jetzt alles können, welche Specs die halt alle haben und was für eine Rolle die einnehmen können, die Klassen, und dann spiel, worauf du Lust hast. Ist alles gut. Hey, kleine Lesecke. Schöne Stories gestern. Du wohnst ja absolut traumhaft. Ja, ist echt schön, wo ich wohne. Stimmt schon, ja. Ist echt schön hier. Im Moment ist halt so ein bisschen Schnee, aber noch nicht genug Schnee, und dann ist so ein bisschen halb schneeig, halb matschig so ein bisschen. Deswegen ist es gerade nicht so wunderschön, aber Braucht sicherlich noch ein paar schon trotzdem Minuten, schön. Ja, safe. Du kannst auch von Terramore fliegen. Ah, okay, ja gut, dann. Ich dachte, dass man da nicht hinfliegen kann, wenn man Ashara nicht hat. Big Panda, thank you so much for 14 months. Appreciate that. Thank you. Welcome back. How you doing? Der Dönerindex zeigt eine deutliche Inflation von fast 300%. Vor Corona 3 Euro in Graz Döner. Holy shit. Es gibt ein Video auf YouTube, wo der Tester in allen Bundesländern die Dönerpreise verglichen hat und den Durchschnitt errechnet hat. Warte, was ist jetzt der Durchschnitt dann in Österreich? Der Döner-Durchschnittskoeffizient. Was ist denn jetzt der Durchschnitt dann? Nee, Jen ist Level 40. Wir brauchen noch 6 Level, um aufzuholen. In Luxemburg kostet er 12 bis 15. Ja, Luxemburg ist schon relativ teuer, ne? Wie kostet bei euch dann eine normale Pizza? Also auch bei so einem Lieferanten dann? Also nicht jetzt wirklich in einem Restaurant, wo du dich hinsetzt, sondern bei so einem Lieferdienst. Bei uns kostet, also beim selben Laden, wo man den Döner bestellt. Also das ist ein relativ billiger Fastfood-Laden. Da bekommst du halt diesen Döner um 6 Euro. Und Pizza kostet, warte. Eine Margarita okay, ich kann kostet nach 8 Eschental Euro. fliegen, aber dadurch, dass ich einen Flugpunkt nicht habe, macht er halt einen riesigen Umweg. Aber ich bin auf dem Weg. Und wenn du halt irgendwas drauf haben möchtest, dann halt 10 Euro. Yes. Und jetzt die teuerste Pizza, die ich hier sehe, ist. Teuerste Pizza ist 11,50. Ja. Ich muss sagen, es ist relativ billig vom Pizzapreisen her. Also, wenn ich in ein Restaurant gehe, dann zahle ich auch ein bisschen mehr. Aber nicht, also maximal vielleicht 15 Euro in einem Restaurant. In der Größe 12 bis 17, okay. Ja, bei uns gibt es keine Größen. Nur Pizza ist Pizza. Es gibt Kindergröße. Die gibt's. Ey, ich muss euch mal was erzählen, ne? Ich hab vor ein paar Tagen eine Pizza bestellt.
Also vor einer Woche oder so. Und ich habe nicht die ganze Pizza gegessen. Ich habe 2 Stücke übrig gelassen, weil ich voll war. Normal passiert das gar nicht. Ich hatte ganz lange so Probleme mit meinen, wie nennt man das? Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich voll bin oder dass ich genug habe. Hatte einfach immer Hunger irgendwie. Hatte die ganze Zeit immer Hunger und hatte nie das Gefühl, oh, ich habe jetzt genug gegessen. Ich musste immer gucken, wie viel die anderen Leute essen und dann halt auch aufhören, wenn die aufhören. Weil ich hatte nie ich war einfach nie voll. Ich hatte einfach kein Vollheitsgefühl mehr irgendwie. Und ich glaube, das lag daran, dass ich ganz lange zu wenig gegessen habe. Hallo. Als ich so richtig gegamed hatte, also als ich in der World First Guild war und so, als ich wirklich nur den ganzen Tag gezockt habe, da habe ich irgendwie nur einmal am Tag gegessen, Abendessen. Und dann halt auch nur ganz normal. Und da hat sich mein Körper halt irgendwann dran gewöhnt, dass ich halt so wenig esse. Und irgendwann, als ich dann angefangen habe, ein bisschen Sport zu machen, aber trotzdem nicht viel mehr gegessen hatte, dann meinte mein Körper irgendwann mal, ey, Schätzelein, jetzt isst du mal mehr, sonst falle ich um. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt dann hatte ich also wirklich relativ lange, dann wirklich gar kein Sättigungsgefühl mehr. Sättigungsgefühl? Sättigungsgefühl. Ja. Ich hatte aber die ganze Zeit Hunger und hatte nie genug gegessen. Also ich konnte nicht, also ich hatte irgendwie 2 Pizzas essen und hatte dann immer noch Hunger. Keine Ahnung. Aber deswegen war ich jetzt richtig froh, dass sich das so ein bisschen gefixt hat jetzt mittlerweile. Hoffe ich mal. Ich habe halt dann angefangen, mehr zu essen. Seit 2 Jahren oder so, 1,5 Jahren, habe ich versucht, ein bisschen mehr zu essen. Dass sich mein Körper halt daran gewöhnt, dass man jetzt schon Essen bekommt wieder. Und hatte aber trotzdem ganz, ganz lange dieses Hungergefühl nicht so richtig. Also hatte ich schon, aber halt aber die ganze Zeit. Und auch als ich viel gegessen hatte, hatte ich trotzdem die ganze Zeit Hunger. Das ist so richtig anstrengend. Richtig scheiße, wenn man die ganze Zeit Hunger hat, obwohl man eigentlich genug gegessen hat. Und wenn man auch nie weiß, ob man jetzt irgendwie satt ist oder nicht. Ja, richtig scheiße. Aber ja, deswegen, und eine Pizza konnte ich immer die ganze essen. Also das war gar kein Problem. Und dann so meine Freundinnen meinten dann immer so, oh, wie kannst du die ganze Pizza essen? Wie kannst du das alles essen? Und ich so, ich könnte noch eine essen, lol. Was ist los mit euch? Aber ja, vor einer Woche hatte ich dann eine Pizza bestellt und war irgendwie, also hatte noch so 2 Stücke übrig und dachte so, ja, irgendwie bin ich satt. Und dann dachte ich so, wow. Ich glaube nicht, dass ich gerade satt bin. Lächerlich. Bin ich richtig froh. Ich bin 1,68, glaube ich. Manchmal sage ich ja auch 1,64, keine Ahnung. Lass uns einfach in der Mitte treffen. Ich bin 1,66. Oi, Waschi, wie geht's? Servus, servus. Ist was, du Ficker, ja. Wie stark Italien ist Südtirol eigentlich? Tilten die komplett bei Pizza Hawaii oder wird das akzeptiert? Boah, ich weiß nicht, irgendwie ist das so halb-halb. Ich glaube, also Pizza Hawaii gibt's generell so ein bisschen überall in allen Pizzerien. Also das ist jetzt irgendwie nicht. Aber einige Leute lachen dann trotzdem oder gucken dich dumm an, wenn du das bestellst. Ich finde, das ist teilweise halt einfach so ein bisschen wegen diesem Online-Ding. Das wird online halt so gememt, diese Pizza Hawaii. Ich glaube, das wird einfach dann halt weitererzählt, so finde ich. Weil ganz viele Italiener
essen auch richtig komische Pizzas. Und die Leute denken ja immer, dass Italiener diejenigen sind, die gegen diese Pizzeria und alles sind. Aber oft ist das auch gar nicht so. Oft sind das einfach andere Leute, die denken, dass sich ein Italiener da im Grab umdrehen würde und sind deswegen dagegen. Und die Italiener selber sagen halt nicht mal viel dazu. Weil, wenn die mal wüssten, was die Italiener alles auf ihre Pizza machen. Also wenn die mal irgendwo in Italien in der Pizzeria geht, teilweise haben die Sachen, da denkst du dir, what the fuck? Meistens ist es schon gut, aber ist halt irgendwie ungewöhnlich teilweise, was sie machen. Also es gibt schon wirklich komische Pizzas in Italien. Ja, Pommes zum Beispiel. Pommes und Würstchen. Wirklich. Das ist relativ typisch für Italiener. Kartoffelscheiben, Spiegeleier. Ja, die machen alles wie Pizza. Ja, Spinat auch, ja. Wer Pizza weiß, ist da auch keine kleine Kinder. Also ich mag Pizza Hawaii. Ist nicht... Also, ist jetzt nicht meine Lieblingspizza. Aber hin und wieder bestelle ich mir das, wenn ich so ein... Ich weiß, ich kann das immer so schlecht beschreiben, aber mir kommt immer vor, die Ananas auf der Pizza ist dann so ein bisschen Frische. Also dieses säuerlich Süße auf der Pizza. Manchmal ist das ganz, ganz nice. Ich glaube, ich mag das auch immer ganz gerne im Sommer. Also wenn es generell sonst so ein bisschen heiß ist, dann habe ich das immer ganz gern. I do also speak Italian. But I don't want to if I don't have to. Matteo auch. Matteo spricht auch Italien, aber ist der dann aus Italien dann? Also sind seine Eltern irgendwie Italiener oder ist er aus Italien oder wie geht das? Nee, Ladinisch spreche ich nicht. Fresh Rugged, kannst du Italienisch? Weil stimmt, du hast halt gerade falsch gegendert, ne? Kurs hat recht. Du bist ein bisschen aus dem Sprachkurs. Okay, ich verstehe. Matteo hat nicht mal einen deutschen Pass, weil er zu faul ist, sich darum zu kümmern. Als Matteo da Italienisch mit mir geredet hat, war ich so also ich habe damit ja überhaupt gar nicht gerechnet. Ich weiß ja gar nicht, dass Matteo irgendwie Italienisch kann, ne? Und dann redet er Italienisch mit mir und ich war generell überfordert, weil ich gerade dran bin. Und ich habe auch gar nicht verstanden, was er dann gesagt hat am Anfang, weil ich irgendwie noch 20 andere Sachen gleichzeitig gehört habe. Und ich so, hä? Und dann auf einmal habe ich gerafft, dass er Italienisch redet und ich so, oh Mann. Salziger Fisch und Säure von der Ananas geht gut. Macht man bei vielen Fischgerichten ja auch, das mit Zitrone, das du draufpackst. Aber ja, klingt absolut illegal. Ja, es klingt halt komisch, aber ja, mittlerweile ist es halt wirklich einfach nur ein Meme. Die meisten Leute, die halt dagegen sind, entweder ihnen schmeckt das einfach nur nicht. Lebt wohl. Oder sie finden es halt einfach komisch, weil sie vielleicht einfach nichts von Essen verstehen. Muss ich auch dazu sagen. Also viele Leute wissen ja wirklich gar nichts, was jetzt zusammenpasst und was nicht. Also ich muss echt sagen, viele, die dann dagegen reden, die kennen sich selber einfach null aus mit Essen und was passt und was nicht passt. Hallo? Die meisten haben es wahrscheinlich auch gar nicht probiert, ja. Die allermeisten wahrscheinlich nicht, ja. Ja klar, also wenn du generell keine Ananas magst, dann magst du das natürlich auch nicht. Ist klar, ist klar. Aber andere Sachen dagegen findet man wieder nicht komisch. Das ist auch so interessant irgendwie, weil man isst ja Fleisch mit Marmelade. Also Preiselbeermarmelade.
Granten. Das ist ja relativ normal. Schnitzel zum Beispiel oder auch generell Rindfleisch ist ja echt normal, dass man das isst. Aber wenn du so drüber nachdenkst, ist es ja auch so ein bisschen komisch, dass man vorsichtig. so ein süßes Obst irgendwie mit dem Fleisch isst oder eine Marmelade mit Fleisch. Obwohl es ja echt gut schmeckt, klar. Manchmal ist die Sache, oder wenn man Obst in einen Salat macht, sieht auch erstmal irgendwie komisch aus oder man denkt irgendwie, das ist irgendwie schon komisch. Aber ist eigentlich gar nicht komisch. So Erdbeeren im Salat oder Äpfel ist halt relativ normal, ist gut. Oder Apfelmus mit Speck zum Beispiel. Oder generell Apfel mit Speck ist echt gut. Weil es hat halt was, dieses Fettige mit so säuerlichem Süßen, das ist eine gute Kombo. Genauso wie Hühnchen süß-sauer. Das ist ja eigentlich auch Hühnchen, also was Salziges mit Ananas. Also mit was Süß, mit Obst. Das ist ja eigentlich auch irgendwie komisch, aber es passt halt schon. Und man macht in richtig viele salzige Gerichte kommt eigentlich auch ein bisschen Zucker rein und auch umgekehrt. Also man macht ja auch Salz in manche Süßigkeiten oder süße Gerichte und Zucker in manche salzige Gerichte. Wie Zucker in der Tomatensauce oder so oder in ganz vielen asiatischen Gerichten ist Zucker oder brauner Zucker drin. Das ist relativ normal eigentlich. Das muss so ein bisschen mischt. Schokolade in Bolognese zum Beispiel. Ja. Erdbeeren mit Balsamico, ja, ist auch gut. Curry mit Früchten, ja. Bananencurry zum Beispiel ganz gut. Und Orange Chicken finde ich auch ziemlich gut. Rucola mit Mango, Himbeeren, Walnuss und Zitronenöl. Und dann Körniger Frischkäse. Oh, das klingt interessant. Er kann schon mal runterkommen zu mir, ne, Nagura? Ich komme. Ich glaube, du musst sie noch einladen. Yes, please invite. Mögt ihr Pizza Hawaii? Als ich noch Fleisch gegessen habe, ja, auf jeden Fall. Okay, ja. Noch nie gegessen. Noch nie probiert? Nein. Und du? Hast du gerade eine? Nee. Dass du mich fragst? Nee, wir haben nur gerade über Pizza und Preise und Dönerpreise geredet. Und dann kam halt jemand mit Pizza Hawaii. Und Ein ich fand das schon schmerzliches ganz, Thema. Ja. Bei uns kostet Döner 6 Euro, ist anscheinend billig. Oh ja, Bei mir kostet der 55. Oh, Veganer okay, krass. Döner kostet 6,50, also ist auch noch relativ billig. das geht ja noch. Also Ja. teilweise hatten wir es hier, es ist auch unterschiedlich, ne? Aber es war schon so, dass auch so für 9 Euro, 8 oder 10 Euro oder so, glaube ich. Ich glaube, es ist einfach dieser krasse Unterschied zu vorher, ne? Ja, Weil vorher war es ja wirklich, also sind wir mal ehrlich, vorher war es ja wirklich günstig. Ja. Wir haben ja teilweise für 3 Euro, ne? Ja. Also es ist schon, weiß nicht, Ja, das ist schon, ja, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. 3 Euro, das ist halt. ne? Oder? Ja, das ist schon hart. Ich bin jetzt übrigens 15 Minuten geflogen. Oh Gott. Und wie stehst du zu Pizza Ananas? Also ist jetzt Und nicht meine Hawaii? Lieblingspizza, aber hin und wieder, so im Sommer, finde ich das ganz gut, wegen dem, also das säuerliche Süß ist irgendwie so erfrischend teilweise. Ja, teilweise check ich. Dann finde ich das ganz okay. Wo seid ihr denn gerade? Wartet mal. Ach, da unten. Oh, ich habe eure Punkte nicht gesehen. Ich komme zu euch. Okay. Ja, was ist denn eure Lieblingspizza? Margarita. Echt?
Einfach Klassik so, ne? Ja, ja. Ja, nice. Geil. Ja. Deine? Also ich bestelle auch meistens so Margarita, weil am besten so mit doppelt Käse oder so. Das, Ja, das ist auch so mein Favorite. Weil wenn du bei einer Pizzeria bestellst und die Margarita ist gut, weißt du, die Pizzeria ist nice. Das stimmt. Irgendwie. Ja, das finde ich auch. Ne? Ja. Und sonst manchmal so ein bisschen wilder, so mit Sauce Hollandaise noch drauf oder so und mit Mais, Brokkoli und so. Ja. Toast Hollandaise auf Pizza magst du? Ja, voll geil. Okay, ich mag das Zeug allgemein nicht. Liegt wahrscheinlich Ah, ja, okay. Ich könnte das trinken, ne? Also ich bin... ich bin Sauce Hollandaise süchtig. Ich liebe das Zeug. Aber check, wenn man das gar nicht mag, dann... Ja. Ja, du magst man nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das mag. Magst du auch nicht auf Ist, Pizza. ist das mit Mayonnaise gemacht? Ja, oder? Oh, wie Oder ist wie? Hollandaise denn aufgebaut? Ich glaube mit... Ist das auch mit Ei? Ich weiß es gerade gar nicht, was der Bestandteil davon ist. Butter. Das ist eine gute Frage. Ah, ja. Aber nur Butter Das und das passt. war's? Nee, das kann ich Butter und nicht. Eigelb, okay. Mm. Okay, ja, das muss ja gut sein eigentlich. Fett mit Fett. Ja. Nice. Aber das schmeckt noch voll anders, oder? Da gehört noch was dazu. Es ist halt so... Es kommt darauf an, wie man sie macht, aber so diese Fertigsachen sind, glaube ich, bestimmt auch mit Zucker zugebombt oder so. Also es schmeckt schon Bestimmt. so... Ja. Isst man halt sehr häufig auch so zu Spargel und Kartoffeln und sowas. Ja, ich glaube, mit Spargel hatte ich es schon mal wahrscheinlich. Ja, bestimmt. Wenn du Spargel isst, dann bestimmt, weil das ist so ganz so Standardding Typisch, dazu. ja. Senf kommt Was auch war noch jetzt dabei. dein? Oh, ja, das kommt, glaube ich, hin. Ja, dann können wir das ja selber kochen jetzt. Let's go. Ich mag auch schon keinen Senf, das ist das Problem. Ja, Senf, Ah, Senf mag ich okay. auch nicht so gern, außer süßen Senf halt mit Weißwurst, dann ist es ganz gut. Aber, also Lieblingspizza habe ich jetzt keine. Ich bestelle immer was anderes. Aber ich mag richtig gern getrocknete Tomaten auf der Pizza und Mascarpone, das ist so gut. Richtig lecker. Fancy. Naja, ist echt gut. Muss mal gucken, wie ich zu euch da hochkomme. Hier? Oh, und kennt ihr den einen Käse? Wie heißt der nochmal? Ich vergesse den Namen immer. Gorgonzola? Nee, das ist so ein rund, also das ist so eine Mozzarella eigentlich, aber ist gefüllt mit Burrata, genau. Burrata. Ah, Burrata. Ah, das ist so gut. Das mag ich im Salat auch richtig gern. Das ist richtig nice. Und auf der Pizza auch. ja. Super lecker. Nice, ja. Ich glaube, eure Namen sind wieder im Himmel irgendwo. Ah, shit. Burrata ist, ist echt. Burrata ist richtig gut. Also, Hey, wenn ist ihr auch das. jemand von Sauerkraut. Hallo. Wenn ihr das noch nicht probiert habt, auf der Pizza oder im Salat oder generell, auch auf einem Ding ist das echt gut, auch auf einem Baguette oder so getoastet. So getoastetes Brot irgendwie. Was gibt's Und heute dann ein Leckeres bisschen bei Burrata euch? Habt ihr schon was geplant? Ich bin momentan so planlos, was Essen angeht. Ich hatte gestern Milchreis. Gestern. Ja. Geil. Was hast du Ich geplant, hatte eine Gucci? Hähnchenkeule. Oh, Ich hab eine nice. Hähnchenkeule gegessen. Ja, Geht, nice. ne? In Hardcore mit einer Katze ist nicht immer so chillig dann. Oh. Dann wird die Katze, hat zu aggro gezogen mit dem leckeren Essen. Ja, die ganze Zeit. Übelst anstrengend. Warte mal, wo ist denn der Flugpunkt hier? Hallöchen. Hallo. Hallo, Janzi. Na, wie geht's? Wie war der freie Tag? Hi. War richtig schön. Also, Nice. ich musste zwar Steuern und so ein Shit machen, Ja. Oh, gleichfalls, ja. aber es war trotzdem schön, mal was anderes zu machen. Und heute bin ich doppelt so Halbsitz. Nice. Nice. Also gegen die Sucht hat es nichts gemacht, aber trotzdem mal was anderes machen ist glaube ich, gut gewesen.
Irgendwer hat war mir im euer Discord Feiertag? vorgeschlagen, dass man das halt irgendwie so einen Zwangsfeiertag einführt und ich wäre da voll dabei, Ja. ne? Also, Hat Leon auch schon gesagt. Ja. Jetzt mal vor allem bei dem Projekt einmal in der Woche ein Tag, wo wir nicht zocken dürfen. aber ich wäre so dabei, wenn Ja. wir das machen würden. Das wäre wirklich geil. Ja. Weißt du, Hat man immer kein der FOMO. Dienstag oder so ist der freie Tag. Ja, Oh ja, ich bitte wär den da Dienstag. voll dabei. Dienstag klingt echt gut, ja. Oder? Ja, Plus ja. 1. Das ist sogar mein normaler freier Tag. Ja, perfekt. Meiner nämlich auch. Gestern war, aber das war richtig FOMO-frei. Ja, So, das war war echt so, Ja. Zum nice. Glück waren auch die Server die ganze Zeit offline und Ja. gar keiner konnte zocken. Ja. Aber auch so hätte ich weniger FOMO gehabt. Also es war, Check ich. was habt ihr alles Schönes gemacht? Wie lief Buchführung. euer- Stark, Wie bei dir? stark. Buchführung, ja. Im Bett liegen wegen Erkältung. Oh, gute Besserung. Gute Besserung. Scheiße. Ach, wird schon. War trotzdem am Zocken. Das ist ein Macher. Genau so. Wäre auch kein Ausrede gewesen. Ich war ein bisschen draußen, hab ein bisschen Schnee angefasst, war ein bisschen wandern und Ich hab sonst das Bild gebaden und gesehen. so und ja. Und ein bisschen relaxed, war echt nice. Und 12 Stunden geschlafen. Geil. Boah. Hallo. Mega gut. Ja, war echt gut. Hallo. Hi, ich Hello. laufe gerade neben euch her, nicht wundern. Ne? Ich habe ja Hallo. noch nicht diesen Aspekt des Rudels, sonst würde ich ja sagen, ihr seid wahrscheinlich gerade auf der Durstreise nach Desolace, ne? Genau, ja. Ja, habe ich mir gedacht. Aber leider kommt der erst mit Level 30. Sonst hätte ich gesagt, komm, dann mache ich gerade Uber-Taxi und nehme euch einfach mal mit. Aber Ich dachte schon, klar. du denkst, wir stalken dich oder so, weil wir die hier Ja, das hinterherlaufen. kann ich auch sein, stimmt. Gut, dass ihr hier seid. Ich bin ja jetzt gerade noch am Questen hier. Nett, dass ihr mitkommt. Ach, ihr habt noch nicht den Flugpunkt in Desolace? Nee, leider nicht. Ja gut, das ist auch dumm zu laufen, ey. Ja. Habt ihr den denn hier in Stone Talon da oben im Norden? Das ist ja noch einer, ne, für euch. Ich hab den, aber ich glaube, brauchen ja nicht. Sollen wir eben hochlaufen, oder? Oh ja, Nee, es macht- gerne. Okay. Also Oder? wir Und könnten der wohl der nicht. Vollständigkeit halber, da oben ist halt so ein Level 25er Gebiet, ne? Deswegen. Okay, ja. Ja, nee, aber okay. Nee, wie gesagt, wollte mich noch kurz für den Buff bedanken, fürs Schwein aufs Schwein. Das wären 5 tolle Minuten. Kein Problem. Dann bin ich auch schon wieder weg und wünsche euch noch viel Spaß. Ebenfalls. Dir Dankeschön. auch. Jo, ciao, ciao. Ciao. Ich habe euch verloren. Ah nee, da seid ihr. Was macht ihr I'm gerade? playing Was ist euer Plan? Classic, Hardcore Classic. Marathon. Ja, Walking Simulator. Und danach? Kutsch hat gestern Rita Ja, Arena wo wollten wir jetzt gespielt, das noch war mal danach unterhaltsam. Echt? Desolace Pläne. Quest. Und wie hat es Genau. sich angestellt? Desolace? Warte mal, Wollt ihr spielt da Kutsch leveln eigentlich oder was? sonst auch Retail? Wie hat er denn gespielt? Hat er einen Char geboostet oder hat er schon einen Char? Wollt ihr dann Kloster die ersten 2 machen? Ja, können wir Ja, schauen. wir wollten. Was? Da müssen wir die Pre nicht machen dafür. Nee, brauchst keine Pre-Quest. Also die eine Quest, die dann ein Item gibt, das ist nicht für Bibliothek und für... Also das sind für die letzten 2, glaube ich. Aber du kannst generell immer Kloster machen, musst nicht irgendeine Quest machen vorher. Doch, bei mir wird geschrieben, doch. Muss man. Nö, wir haben das ja... Nee. Weil bevor wir gestorben sind, haben wir ja schon die 2 Dungeons gemacht. Achtung, oh. Oh, alles gut? Der Druide hat mich gerade gerettet. Oh. Ich weiß, dass du... Ah, das ist Horde. Ich will da so reinlaufen. Dann schreibt der Druide halt irgendwas auf Orkisch. Ich hab's nicht verstanden. Ach Oh, wahrscheinlich geschrieben wie halt lieb. oder so. Aber wie lieb. Oh, Krass. Also, ja, so, ja. Moment. Oder hat einfach Idiot geschrieben. also, haha, lol, ja, komm ruhig näher. Ich bin dir aber auch blind gefolgt. Ich so, oh ja, da gehe ich hoch hin. Oh, wait a minute, da kommen rote Namen. Warte. Oh Mann.
Wir bilden uns einfach ein, dass er gesagt hat, halt, stopp, Freund. Geh hier lieber nicht lang. Man braucht den Schlüssel. Blablabla. Nee, also, warte mal. Also die 2 Dungeons, die wir machen wollen, das sind die 2 ersten, da braucht man keinen Schlüssel, oder? Ja, das wäre nur Friedhof und Bibliothek. Bibliothek, genau. Also wenn ihr die heute machen wollt, das wären so die einzigen beiden, die ich heute machen wollen würde. Ja. Die werden ja auf unserem Level dann. Ich glaube, das. Die Leute haben mich vorhin schon für Gnomerigan gefragt und da war ich irgendwie, keine Ahnung, das ist halt irgendwie so ein bisschen Zeitverschwendung, kommt mir vor. Wenn man so ein hohes Level hat. Gnomerigan. Ja, ich habe auch gesagt, Gnomerigan mache ich nicht mehr. Das ist mir. Ich habe das einmal gemacht und das war cool, aber das ist mir irgendwie auch ein bisschen zu unsafe. Ich weiß nicht. Ja, Und ja, auf dem verstehe. Level vielleicht ist auch nicht mehr so worth. Ja. Und mein Dolch habe ich bekommen bei Ja, nice. bei Dings mit hier. Kral. Ja, bei Kral habe ich den Dolch bekommen, deswegen muss ich da jetzt auch nicht mehr unbedingt rein, würde aber nochmal mitgehen. Kral Aber jetzt ja, meinst du? Genau. Ah ja, checke. Aber sehr gerne würde ich halt nochmal hier Dings machen, tatsächlich. Ja, können wir schon machen. Gucci, willst du Sehr auch geil. rein oder eher nicht so? Doch, klar. Also, Ja, nice. warum nicht? Geil. Brauchen wir nur Heal, oder? Ja, ich kann auch heilen, theoretisch, aber besser, wenn man einen richtigen Heiler hat, wahrscheinlich. Okay. Aber sonst tankst du, ne? Ich denke mal, Gucci tankt, aber ich kann auch tanken, ja. Achso. Okay, das heißt, wir bräuchten einfach nur irgendjemand. Ja, genau. Check. Ich guck dann mal. Muss ja 1, 2 Aufgaben noch einsammeln. Macht ihr auch erstmal euer Ding. Jetzt krank. Was ist Schlüssel für die Tür vor den Eingängen? Aber der nee, warte mal. Also Friedhof hat keinen Eingang. Nee, Friedhof und Bibliothek haben keine Tür vor der Instanz. Da kannst du aber reinlaufen. Da ist keine Tür. Waffenkammer hat eine Tür und das andere noch. Ich weiß nicht, wie das letzte heißt. Ja, ich habe mir kurz überlegt, ob wir hochlaufen hier, aber ich glaube, wir brauchen den Flugpunkt gar nicht. Weil wenn wir den Desolays Flugpunkt haben, dann braucht sie Steinkrallengebiet eigentlich gar nicht. Weil wenn sie hat ja Ashenvale und Desolays und den Zwischenpunkt brauchst du eigentlich nicht. Also den bräuchte sie ja nur, wenn sie jetzt hier questet, aber sie wird hier keine Quests mehr machen, denke ich. Deswegen glaube ich, ist der Flugpunkt auch nicht wichtig. Wir müssen eine Quest, ja, ist Level 27, die ist halt zu niedrig für uns, glaube ich. Und für eine Quest da hochlaufen bringt auch nicht so viel. Sollte man hier links lang gehen? Nee, oder? Ah, nee. Nee. Einfach gerade runter. Ich glaube, das links ist Horde Only. Das ist ein Lager, glaube ich. Ja, kann es sein, ja. Ist jemand auf 29 zu low? Ich glaube, ja. Für beide Parts. Ja, wahrscheinlich schon ein bisschen low, ja. Heiler können ja generell ein bisschen weiter drunter sein im Level, aber 29 glaube ich doch ein bisschen zu schwierig. 32 würde ich sagen, ist okay. Ja. Topwohl, danke schön für die 3 Monate. Wie geht's? Ja, genau, Cyrus. Also Bibliothek und Friedhof geht ohne Schlüssel. Und das sind ja die Dungeons, die wir machen wollen. Wo bekommt man dann eigentlich den Schlüssel? Dafür braucht man dann die Pre-Quest, oder? Also dafür muss man dann irgendwas außerhalb des Dungeons machen? Oh, da ist Rexa, guck. Seht ihr ihn? Achtung, wo? Gucci. Wo? Vor uns ist Rexa. Das ist dieser
Oh, der Champion der Horde. Probierst du gerade, ob du den Puls gut? Nee. Ich dachte, du hast nicht Willst du wieder gehört, was weil du... ausprobieren? Das ist aber schlechtes Timing, weil jetzt müssen wir warten, bis er ganz langsam hochgelaufen ist. Oh, scheiße. Ja, das ist eben dieser Mob, der Warum rennt ist denn der halt so durch langsam? Destalays durch. Von ganz oben bis nach ganz unten rennt er immer. Du musst halt ein bisschen aufpassen auf dem Weg, aber der ist halt ganz langsam. Das sieht man ja von Weitem weg schon. Ich Welches Level hat der? glaube, der Der ist ist ein schon Raid-Boss. 57 oder so. Oder 59. Höher, oder? Ich weiß es nicht. Der ist Raid-Boss. Der erzählt doch, glaube ich, sogar als einer der PvP-Boss, oder? Oder Ach, nicht? wirklich? Ach so, das ist echt ein Boss? Oh. 62 ist. Okay. Der macht nichts, wenn man ihn nicht angreift. Echt? Man kann vorbeilaufen an dem? Ja, das wurde mir letztens auch schon gesagt. Da hatte ich auch kein Schwert und wurde getaggt. Oh, ja, Oder, genau. oder, Nabura? Ja, Ja, hat, unten bei dieser einen Kuh. Ja, bei der Kuh. Die hat mich gezackt, ja. Ja, deswegen, das ist, glaube ich, kein Ich höre da nicht Safe drauf. Point. Nicht auch nicht. Den kann Mein man nicht Sowas Chat angreifen. manchmal sagt. Ja, den anderen konnten wir auch nicht angreifen. Ja, eben. Hm. Okay, man könnte halt das Pet mal vorschicken und gucken, was er gegen Messi Tanga so macht. Aber in welcher PvP gefleckt? Ist das so? Ich weiß Ja. nicht. Ja, sicher, oder? Ja. Deswegen nicht. Mach mal zum Testen. Ja, Kannst du ja machen, John C. Bubble Kannst Rouge du ja gibt's machen. nicht in Classic. Ich würde sagen. Nee, der schießt mir ins Bein. Ich wollte gerade sagen, die lowste Person, aber das bin ich wahrscheinlich nicht. Boah, heute ist irgendwie richtig nice. Richtig gechillt heute. Mit dem freien Tag gestern, ich glaube, das hatte ich schon ein bisschen gebraucht. Jetzt ist wieder richtiger Grind-Tag hier heute. Richtig motiviert wieder. Ja gut, ich war vorher auch motiviert, aber jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr. Mann, ich wäre voll an dem... Hast du vielleicht die Rüstungsaura für mich? Ja. Ja, am besten. Zwangsfeiertag. Kann jemand mal die Gildenleitung davon überzeugen, dass wir einen Zwangsfeiertag einführen? Wegen mir ist jeden Dienstag frei. Okay, ja, ich wäre auch für jeden Dienstag frei. Lass mal abstimmen. Stimmt. Ich bin ja die Königin. Ich kann Was eigentlich sind den die Feiertag Quests so in bestimmen. Desolate? Hier steht 35 bei mir, 38. Nee, ich meine, was müsst ihr so machen? Sind das eher so Kill-Quests? Sind das Lauf-Quests? Sammeln, laufen, Grüße. alles. Seid vorsichtig. Ziehe den Also ich glaube, ein guter Ehrenfreund. Mix aus allem. Für die Allianz. Kann ich euch helfen? Auf dann. Danke dir. Wenn du auch hierhin willst, dann können wir es ja aufteilen und 2-2 machen. Und dann die Kill-Quests zusammen zu viert und dann Sammelquests irgendwie zu zweit. Du bist auch 35, oder nicht? Ja. Ja, wenn du Bock hast. Ja, wäre mein Plan gewesen, danach dahin zu kommen, aber ihr könnt doch erstmal noch zu dritt machen, ich weiß. Wäre es jetzt viele Kill-Quests gewesen oder so, wäre ich vielleicht direkt gekommen, so. Wir haben geöffnet. Ich würde mal schauen, wie schnell ich das hier bekomme und dann
komme ich mal rüber. Ansonsten habe ich auch Alles kein Problem klar. damit, da alleine die Quests zu machen, aber wenn wir da ein paar Kill-Quests haben, sind ja zusammen immer am geilsten. Ja, das Auf stimmt. dann. Okay. Kann ich hier irgendwo kochen? Ich liefere nur feinste Waren. Man Was sieht führt sich. euch hierher? Mögen euch die Sterne leiten. Für euch waren es auch nur 4 Quests, Mögen die die Reifen man hier sicher annehmen sein. konnte? Oder habe ich was übersehen? Moment, ich habe nicht alle. Braucht ihr Ich Hilfe? glaube, ich habe 3, oder? Das Licht segne euch. Mein Ich habe ja Quest eine ist schon voll. gemacht, stimmt. Aber warte mal, eine ist bei mir auch abgeschlossen. Achso, das ist Pre. Wie seid ihr nach Desolace gekommen? Was ist da ein guter Weg? Übers Steinkrall hier, Korallengebirge? Ja. Ah ja, check. Dann kann man sich locker da wahrscheinlich einen guten Punkt gleich holen. Aber ich kann dir auch was verraten. Wir können dich auch einfach importen und dann hast du hier den Flugpunkt direkt. Ah, stimmt, Das wir können wird nicht auch porten, ja, theoretisch. Ja, Also stimmt. Porten wär- Stimmt, wir können nicht porten. Also Porten wäre ein Traum. Was kann ich für euch tun? Yes. Seid ihr da schon beim Flugpunkt oder seid ihr schon weiter auseinander? Oder? Wir sind beieinander. Hier genau soll da, hier wo irgendwie man. Ich soll hier noch 3 Kills machen, aber ich habe keine Ahnung, wo die irrsinnige Druiden. Aber die sind hier nicht. Hm. Habt ihr die Quest gemacht in Eschental? Unten rechts? Ich soll 3 verschiedene Druiden killen, aber hier ist niemand. Hallo. Schön. Diese Bärchen? Ehre Oder dem war König, das Freund. nochmal? Kannst du nicht sagen. Also ich soll Tannel Darkwood killen. Die sind in einer Höhle. Util Mooncall. Ach, in der Höhle. Ah, aber wo ist hier ein Höhleneingang? Deswegen war hier nix. Oh, das sind Elite? Oh, ich glaube, ich laufe jetzt ein bisschen. Ha! Ich geh jetzt Ja, spazieren. damit ihr nicht auf mich warten müsst, ihr könnt mich auch gerne jetzt porten, dann können wir das einfach Ja. 2-2 machen und dann die Kill-Quest zu 4. Das geht ja dann richtig schnell, wenn ihr Bock habt. Klaro, wir laden dich ein und dann porten wir dich. Danke. Weil bevor ich die Höhle hier gefunden habe, dann... Das dauert noch. Verlauf dich aber nicht. Könnte schwierig werden. Muss ich aufpassen? Nagura? Ja. Kannst du kurz Jansi einladen? Okay. Bitte? Danke. Danke. Und Portal kommt. Supi. So. Hey Ayla, das Walking Pad ist von To Do und das ist ein Skript, das ich benutze, das mit BPM arbeitet. Beats per Minute. Danke. Aber auch geil. So. Geht los. Das sind wahrscheinlich direkt die 4 Aufgaben, oder? Und Flugpunkt nicht vergessen. Wichtig und richtig. Oh, den habe ich auch nicht genommen. Hier oben ist noch ein Fragezeichen. Vernichtet 30 Untote, Verheerer und kehrt dann zum Bruder Anton zurück. Bruder Anton.
Da oben ist Bruder Anton. Wie komme ich hoch zu Bruder Anton? Guter Anton. Hatte ich gar nicht. Kann ich behilflich sein? Doch hier oben. Ich kann mal gucken, ob ich euch teilen kann. Das ist ein Schurken. Also Nee. die Quest habe ich schon angenommen, ja. Auf dem scharlachroten Pfad, ne? Zack. Oh, Questlog voll. Ich kann dir gleich mal teilen. Oh, mein Questlog ist auch voll. Ich kann nicht mehr. Wirklich, dieses Questlog. Ach, das ist die Klosterquest für die Waffe. Nice, okay. Und die brauchen wir dann von auf jeden Bruder Fall. Anton? Ja. Die ist auch rot. Ja, aber das ist eine 39er Quest, aber wenn wir zu viert halt mit Paar 30 das machen, ist ja nicht Ja. mal eine Elite-Quest, dann können wir es eigentlich machen, oder? Ja, können wir. Denke ich. Ich weiß nicht, wie viele Schritte da noch sind nachher. Aber irgendwann musst du dann halt ins Kloster für die Quest und dann bekommst du eine richtig gute Waffe. Ah ja. Ja. Klingt ja gut, wollten wir ja eh. Mhm. Da ist irgendwas, was ich direkt abgeben kann? Das Fragezeichen? Dann würde ich ganz kurz auf Toilette gehen, wenn du gerade noch ein bisschen absammelst. Okay. Ja, nein, das ist ein bisschen weiter weg, aber ich würde da trotzdem schon mal hinsteppen. Alter, sieht dieser Bereich krass aus. Das heißt, Skelette, die 38 bis Yo. 39 sind? Ja, müsste So klappen, links oder? rechts, das ist ein Ork. Gucci ist Ne, das 37, Jonsmann 35. Ja, links dieses Fragezeichen da. Ja, da. Sollte klappen. Das ist eine Quest, wo wir eine Escort-Quest machen müssen und so weiter. Und Oder dort sind ja. Orks überall. Da einfach hinstemmen ist nicht so. Mein Schrittrekord. Check. Ja, ich bin mal 100 Kilometer gelaufen in einem Tag. Oder? Ich habe keine Ahnung, wie Ich viele Schritte überleg das grad, wie wir waren. das am besten machen, weil Aber Killquests viele. gibt's, glaub ich, nicht. Ich glaube, Ich bin letztes Jahr im nur die März, unten. bin ich 100 Nur die Kilometer unten, gelaufen. Aber die Escort-Quest wäre ja auch nicht In schlecht 24 zu viert. Stunden. Ja, Da man bin geht ich jetzt den gleich ganzen aber nach Tag halt ganz links hin gelaufen. und fängt erstmal da an zu questen, wo da so 2 Ausrufezeichen Also 22 Stunden, glaube ich, habe ich gebraucht. 22. Wo die 37 ist, ja, wo Holler noch ist. sind. Genau. Check. Und sonst gibt es da noch eine 34er. Bringt Und 5 rechts soll gezählte richtig 1400 sogar. Schritte pro Kilometer wird so geschätzt. Unten rechts? Ja, das gut, dann waren es Killquest 1400 soll Schritte sehr gefährlich mal sein, die Gegend. Ja, das ist eine 39er 100.000. Killquest. Oh, ungefähr. die Klosterquest gibt tolle Waffen. Das war auf jeden Fall viel. Würde ich nicht nochmal machen. Kann ich nicht empfehlen. Nach so 70.000 Kilometern dachte ich mir so, okay. 100 Kilometer natürlich, nicht 100.000. 100.000 wäre ein bisschen viele Kilometer. Da werde ich oft um die Erde gelaufen. So 2-mal um die Erde gelaufen. In 24 Stunden. Aber sicher, dass das eine 70.000 Kilometer hat es angefangen zu brennen. Ja, so halb um die Erde, dann hat schon ein bisschen. Bla bla bla. Dann war schon ein bisschen Wo gehst du anstrengend. hin? Dann Nach redest du mit 70.000 anderen, Kilometern habe ich musst angefangen zu du schwitzen. Und danach musst du escorten. Ah, das ist dann noch so mäßig die Nachquest davon. Ja, ist alles so. Also wenn ich das annehmen würde, mäßig, bekomme ich wahrscheinlich 2 Ich habe Schuhe an auf dem Walking Pad, Ja. ja. Ist so die nächste Quest und dann muss man Ich finde das viel angenehmer. Die Menschenkönige schon muss echt überall ein mal krasses vorbeischauen. Ja. Kuss. Deswegen habe ich das auch in 24 Stunden geschafft. Weil ich halt immer gegen die Zeitzone. Also ich bin so schnell um die Erde dann gelaufen, Für so einen Hund. dass die Zeit ja hier fast still stand. Wisst ihr? in der Gruppe. Aber die Zeit outruns. Wieder da. Baby, WB. Danke. So.
Oh, die Vögel können stunnen, Nagura. Mhm. Mhm. Was macht ihr da gerade? Einfach nur Mobs. Aber so ein paar Kills. Müssen wir vorher noch zu dem Fragezeichen hier links? Dann gleich, Anscheinend eine gleich. Escort-Quest. Okay. Wir gehen jetzt check. erstmal ganz links die beiden Quests annehmen. Mhm. Weil da kriegen wir noch eine Quest für dieses Gebiet, wo das Fragezeichen ist. Noch 2 Quests. Oh Gott, wie soll ich die Platz haben in meinem Questlog? Ja, ich muss jetzt irgendwie, wo er das gesagt hat, dachte ich mir auch gerade, gut. Das Questlog auf und erstmal die Hälfte hier rauslöschen wieder. Das sind alles Sachen, die ich noch abgeben muss. Also eigentlich... Naja, so ein Plan mache ich heute nicht mehr, wa? Obwohl... Ich kenne das mit dem Abgeben zu gut. Ich habe auch noch welche, da steht überall abgeschlossen, aber du musst halt überall hin und her fliegen, ne? Das ist halt das Schlimme. Ja. Ja, genau. So, dieses Abgeben ja, ist schlimmer als die Quests machen. Ich gar keinen Bock habe, so rumzufliegen. Verständlich. Ich habe jetzt nochmal 2 Platz gemacht hier. Na gut. Oi. Dankeschön. Das ist echt, wenn man irgendwelche Quests hat. Bitteschön, Ja, bitteschön. dieses Yeti, das breche ich ab. Kann So, ich auch jetzt euch aber. Heiltränke machen? Nee, aber ich habe Schade. noch Heiltränke. Ich könnte dir welche abgeben, wenn du möchtest. Ich habe so normale Wär Heiltränke super. noch. Das wär Nagura, ich habe geil. für dich vielleicht auch noch was. Warte. Ich geb dir mal ganz kurz. Okay. Warte, ich mal einmal handeln. Dann gebe ich dir erstmal schon mal so. Oh ja. Sag Bescheid, Wow. wenn du noch was Mega. brauchst. Danke. Ich habe das hier, Nagura. Guck mal, ob du das gebrauchen kannst. Oh, kann ich noch nicht jetzt, aber für später, Aber später will ich's schon wahrscheinlich, gerne nehmen. ne? Dankeschön, ja. Perfekt. Es hatte nämlich Mauki mir vorgestern mir ein bisschen was gegeben. Und dann Ja. dachte ich so, das könnte vielleicht was für dich sein. Nice, Dankeschön. Yippie, bitteschön. Wie lange hast du geschlafen, Ronja? Jetzt die Nacht oder die Nacht davor? Die Nacht davor. War da das Rexa wieder links von uns? Mhm. Falls ihr noch nicht seht. Wie viel habe ich geschlafen? Ich glaube, ich bin auf meine 9 Stunden. 9, fast, oder 10, glaube ich sogar. Nice. Du hast Nicht auch richtig schlecht. lang geschlafen, ne? Ja, irgendwie 12 oder so. Ist ja hart. Geil. Ich wusste gar nicht, dass man so lange schlafen kann. Einfach alles nochmal aufgeholt. Ja. Aber gestern hast auch du so getan, richtig, ne? ja. Ich habe so einen Real-Life-Speedrun gemacht, dachte ich mir. Ich muss alles einmal durch, damit ich dann wieder für 2 Wochen mich einsperren kann. Schlafen, Wäsche waschen, den Schnee anfassen. Ja. Kurz den Berg Gleich hochgerannt, eingerissen. kurz zu meiner Mutter Hallo gesagt. Ja, hat echt gut getan, weil man einfach kein FOMO hatte, ne? Es war einfach Ja. okay. Also irgendwie dachte man, ich dachte mir trotzdem, jetzt noch ein bisschen leveln, wäre cool. Aber es war so ich hab Bock auf das Spiel und nicht nur FOMO, was irgendwie. Ja, das war echt nice. Ja, es war Vorfreude aufs Spiel. Das war das Schöne. Ja, Und genau. Habt ihr das auch manchmal, dass, also wenn ihr irgendwie im Urlaub seid 2 Wochen oder generell irgendwie mal was macht, irgendein Projekt, wo ihr 2 Wochen dann halt beschäftigt seid und dann nach den 2 Wochen geht ihr halt irgendwo hin zu deinen Eltern oder Freunden oder so und denkt dann irgendwie, dass total viel passiert wäre oder ihr viel verpasst habt. Aber im Endeffekt war es halt einfach nur ganz normale 2 Wochen für die anderen und für die Ja, ne? ja. Ist immer so komisch Für dann. einen selbst war das was ganz anderes. Ja. So eine ganz andere Welt, was man da alles erlebt hat. So, das ist so nach Voll. diesem Projekt, so nach diesem Monat dann, denke ich mir auch so, was habe ich die letzten 2 Jahre verpasst? Check ich voll, ja. Oh, ich finde das Gebiet irgendwie richtig cool. Es hat irgendwie einen Ja, Vibe. ich fand das Weiß auch nicht. gut von So geil, Vanilla so neue damals. Ist auch Gebiete nice. Ja. Ich war noch nie so hoch. Alles, was ich jetzt entdecke, ist neu für mich. Also ich habe halt schon Vanilla gespielt, aber schon so lange her. War ganz cool, wenn man dann zurück zu so Gebiete kommt, wo man halt Das vor 20 Licht Jahren mal zeigt war. euch. Seid vorsichtig.
Gefühle. Ich würde gerne wissen, wie oft ich damals gestorben bin. Also als ich von 1 bis 60 gelevelt habe damals. Stimmt. Ich glaube, wir hätten da runtergemusst, andere Seite. So, ja. Da ist nichts zum Annehmen? Das soll runtergehen. Schon, aber wir können nicht runtergehen. Ah. Aber habt ihr das auch manchmal, Leute, wenn ihr im Urlaub seid oder irgendwie Ja, 2 Wochen wahrscheinlich linksrum, irgendwie oder? Ja. keine Ahnung, Reis oder keine Ich habe gestern Ahnung. übrigens dann kann man abends, zurück und dann als ich denkt man durch irgendwie hatte, so- habe ich in Retail reingeguckt. Was ist in passiert? die Midnight Und die Beta. Leute wussten irgendwie gar nicht, dass du überhaupt weg warst. Die meinten so, du warst weg. Mal so Und für dich hat reingucken. sich so irgendwie nach einer Ewigkeit angefühlt. Ganz anderes Gefühl, es ist so krass. Du hast gespielt oder du hast zugeguckt? Und ich habe in die Midnight Beta reingeguckt, so für mich, so privat, okay. einfach so ein bisschen. Ja. Hab Hexenmeister gespielt und dachte mir so, oh mein Gott. Das fühlt sich an wie eine andere Klasse gerade, hä? Ganz komisch. Diesen Mob habe ich noch nie gesehen, ne? Ich finde das ganz so krass. Aber alles, was so neu ist. So heftig. Eine Meerjungfrau? Ah, ja, die schon mal. Nagang, ne? Ja, Naga. Oh, Die Kiste Okay. Kiste? auf dem Das Fass. Buch, oder? Ja. Ah. Ja, das ist auch so ein Ding. Also ich glaube nicht, dass ich die Quest je gemacht habe damals, weil du musst ja echt hier hinkommen und wissen und irgendwie auf das Buch draufklicken. Wenn die Quest dir nicht sagt, dass hier irgendwas ist, wie sollst du das finden? Ja, Achso, voll. wir müssen irgendwelche Fische töten, aber. Jetzt müssen wir hier, genau. Ja. Sachen töten. Schlüssel, silberne Oh, und ich gebe goldene euch Schlüssel brauchen wir Atem. einfach. Wartet nice. mal. Perfekt. Einmal. Genau. Schreit mich an, wenn ihr keinen mehr habt. Danke. Wir können ja hier jeder für jeden Dings machen und wenn wir dann das doppelt haben, kann der andere ja looten. Funktioniert das? Ja. Ja, das geht auch mit 100 für Gruppe. Jeder für jeden ist immer ein bisschen Bait. Viele denken das immer. Weil wenn Danke. zum Beispiel Nagura das hat und das dann nochmal drin sein würde und sie anlootet, reicht das schon. Das ist für jeder gegen. Also, okay. Jetzt hätte man schon mal weiter auf andere Mobs gehen können, ohne dass man jetzt Loot übersieht oder so. So dachte ich das halt. Ja, also wenn einer links ist, einer rechts und der Mob tötet, dann muss der andere nicht von rechts nach links rüber schwimmen und zu looten halt. Oder? Ja, das macht. Okay. Genau, genau. Weil wir jetzt wahrscheinlich nicht zu viert auf einen Mob gehen, maybe. Sollten wir nicht, ja. Okay, ich hab's Aber eigentlich umgestellt. sollten wir ihn eh alle looten können immer. Ja, check, du, dass niemand übersieht, aber wir können es auch so lassen, aber. Nee. Ich hab Oh, hier ist gerade ein Riese. Hier Wow. ist ein Elite, 39. Wo denn? Wo Bei denn? mir. Da, wo ich wegschwimme, nicht hinschwimme. Okay, okay. Ach, da. Ah, die Läuft mir immer noch kenne hinterher. ich. Die laufen einfach am Boden lang. Ja, stimmt. Alles gut, Jansi? Ja, ich habe gut gerade ein bisschen schauen. kurz Stress gehabt mit dem Typen, weil ich Ja. wollte von dem Elite weg und der hat mich immer so gestunt, weil ich mit dem Rücken zu ihm war. Ja, dann läuft hier lang, dieser Dude. Aber ich- Muss mal kurz warten, bis er Ich weg habe meine ist. ganzen. Ja, ich habe meine ganzen Sachen nicht benutzt. Deswegen aber trotzdem danke. Gut. Der hat mir gerade ein bisschen hier, also. Oh ja, der hatte sieht gerade aui nicht aus. so viel Bock. Ist auch wieder Im noch Notfall Akku von könnten wir dem, den ne? zu Sind viert hier mehrere wahrscheinlich davon, killen, aber. How do you Ich have glaub nicht, the 39. classic UI? Are you in Nee. Hardcore Retail? I'm playing Hardcore Da habe Classic. ich gar Stimmt, nichts. Elite. 39 Elite. FCH Tiny, Dankeschön für den Ich Prime. glaube, bei 9, Dankeschön. oder? 39 ist schwer Willkommen, für uns, willkommen. ne? Trifft fast keiner. Mhm. Ich glaube, 39 könnten wir killen, Sophia. Das ist, glaube ich, nicht das Wenn wir Problem. treffen. Ja, genau, das ist halt das Ding. Das stimmt. Ich verfehle schon bei so 37 teilweise. Ich glaube, ich habe das recht gut hochgeskillt, I guess. Okay, jetzt kommt der bei euch lang. Guck mal, jetzt Oh ist ja, er da vorne. läuft er. Kann Kann man ja jetzt wieder auch auf die mal andere weggehen? Seite gehen. Denke mal, der. Dreht er jetzt Antenne wieder um? lang. Ich check Ja, seine... er dreht wieder um. Achso, okay. Sieht so aus, als würde er stuck sein. Nee, er kommt hier hoch, er kommt raus. Ach du Achso, heilige Scheiße. aber was ist denn mit ihm los? Alter, der Bruder soll mal chillen. Was ist mit ihm?
Oh mein Gott! Wohin geht Hat er er uns im denn? Visier? Wo will er denn hin? Geh mal! Bleib mal im Wasser! Das ist auch so ein riesengroßer Zwerg irgendwie. Sieht halt aus wie ein Zwerg, aber auch nur groß. Ja, das ist, ja, ne? Ihr kommt jetzt aber nicht, oder? Ja, dann lasst ihr weiter looten. Das ist frech. Nee, jetzt ist er wieder. Ist er jetzt wieder weg? Hä? Wir haben Ich ihn ja check den markiert. Typen nicht. Ja, Aber haben wir ihn markiert überhaupt? Ich weiß nicht. aber er ist auf der Map wieder weg irgendwie. Okay. Da ist er. Der kommt jetzt hier runter wieder? Ich habe keine Ahnung. Was ist Da seine ist irgendeine Mission? Kiste. Kannst du die aufmachen? Meinst du mich? Nee, ich denke mal, Jons, man kann die aufmachen vielleicht, oder? Ja, ich habe noch nicht viel geskillt, aber ein bisschen. Ich kann gleich mal schauen. Okay. Ich bin gerade erstmal Kommt hier zu euch. und kein Schlüssel leider. Leute drehen jetzt schon durch mit der UI, das wird richtig blöd nächste Woche. Ah, du denkst, Ich muss sagen, so Tauchquests sind einfach irgendwie du meinst immer so, bei man den fühlt sich Retail dann, immer dass die UI unwohl, nicht mehr oder? Ist funktioniert. bei euch Aber, auch so? wegen dem ich mag Weak die halt wahrscheinlich, vom oder? Ja. Feeling her nicht so. Von der Aber man Mechanik. kann ja trotzdem immer noch unten richtig im viele Wasser Weak zu Hours kämpfen. und Add-ons und so weiter erstens haben, im ne? Wasser kämpfen. Das sieht cool aus, aber es ist irgendwie. Also, weiß nicht. fast alle Dinge, die man vorher machen Man muss halt kann, ertrinken, konnte, kann man also immer dass noch man nicht machen ertrinkt irgendwie. Oder halt immer den Habe ich Bach hat, gesehen, so so teilweise. denken und Also, weiß nicht, man ist nicht so schnell weg. ich weiß Ich nicht, hab ob die sie Idee. das wirklich so wollten. Aber die können wir nicht alle looten, oder? Nee, nur Nagura ist in meiner Nähe. Ich glaube, sie kann. Also, das ist hier, das Item Ich gedroppt bei meine dir? auch so, oder? Ja. Okay, dann komm ich. Ja. Normal, wenn es eine Drop-Quest ist, wo nur ein Item droppt, dann können das immer alle gleichzeitig looten. Ah, ja, das ist ja perfekt. Ich bin unterwegs. Ich komme auch. Mal gucken, ob's. Krieg ich von der Zeit hin, oder? Die spawnt jetzt nicht so schnell. Nö. Wenn du halt in Range Sagt, warst, ob als er Raid wart. getötet wurde. Sonst kannst du den nicht looten. Und hier sind überall Ihr seid schon so recht weit weg. Schließkisten überall. Auf dem Kann man Boden. gucken, ob ich Stimme öffnen einfach kann. durch mit dem Mob. Ich drücke den dann. Du siehst die Leiche? Ja, ne? Oh, ich habe den Ja, Schlüssel ich kann jetzt hier das bekommen. looten, ja. Ah, nice. Sind verschiedene, oder? Nice. Haben wir mehrere Schlüssel? Ich glaube ja. Wir Dann komm ich brauchen mal zu silbernen dir. und goldenen. Welchen Hab hast ich du da bekommen? irgendwas? Ja, du hast auch den Ich habe goldenen. bekommen den goldenen. Und ihr? Hier, Wir auch, genau, ja. hier ist der goldene, den habe ich jetzt Ah, auch. ja. Ah ja. Perfekt. Dann brauchen Ja, wir dann noch den sind wir wieder silbernen. gleich. Nice. Das ist jetzt auf der anderen Seite, stimmt. Und hier die Da, wo ich Kiste, schon Jonsen, gesagt kannst du wir die brauchen looten? noch Gekillt. Gleichgewind. Warte. Ich habe leider nur auf 80 geskillt. Ich weiß nicht, ob das hier zu hoch ist. Muss auf jeden Fall mal meinen Schlösser knacken höher skillen. Es kann sein, dass man hier Ist eigentlich bestimmte so Schlüssel einfach und jedes braucht. Mal, wenn ich da irgendwelche Kisten öffnen kann, sind da manchmal richtig krasse Sachen drin tatsächlich. Nice. Nee, Fertigkeit zu niedrig leider. Ah, Unlucky. schade. Versuch's heute noch ein bisschen hoch zu skillen. Ich kann dir eigentlich, also, ich habe jetzt so als Ingenieur, kann ich Kisten machen, die du dann aufmachen kannst, einfach nur das zu leveln. Oh ja, geil. Die kann ich dir bauen. Das wäre ganz gut, ja. Kann ich später machen, wenn wir mal in der Stadt sind oder so. Erinnere mich dran. Sonst vergesse ich das. Ja. Mach ich. Erinnere mich dran, die Jungs ein paar Kisten Ich zu werde machen, ja auch gerade gefragt, Übungskisten. moin, kannst du ... öffnen? Schwere bronzene Schließkassette. Warum kann ich aber ihm nicht antworten? Findet man irgendwo dein Setup mit Tisch und so? Ich habe Und hier ist der einen silberne. verstellbaren Tisch von Okay. das Mega. Keytronic. Aber nur die, Nice. das Gestell, die Beine. Die Tischplatte ist von einem alten Tisch, die habe ich einfach selber schon gehabt. Das ist jemand, Die nicht Beine aus der sind von Gilde, das deswegen kann ich Tronic ihn nicht. und ist eine deutsche Firma, ist weg. eigentlich echt gut. Das hat irgendjemand. Und Mann, das der Walking Arme, Pad ist von kann ich ihm To-Do. nicht antworten. Das genaue Modell, das ich habe, gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Bin schon, Aber ja. ich würde einfach sagen, also das Modell, das ich halt habe, ist einfach so ein ganz Standard, Das war normales, eine einfache ohne irgendwelche Loot-Quest. Zusatzfunktionen oder so. Ja, wenn man so Yes. eine Sache braucht, ist geil. So, auf Wo- der wo ist Insel die kann man Leiche? irgendwas abgeben. Sollen wir da hinschwimmen? Neben dem Schiff.
Ah ja, ich sehe. Oh, ich habe hier nochmal gegen den Kampf hier gestartet. Links gleich. Ah, da oben. Oder was meint ihr? Ja, ganz oben links. Ganz ist oben. Eine Quest. Silberner Warte, da Schlüssel. hin? Stimmt, den brauche ich doch sogar. Nimm direkt mal Schatz. Da kommt, spawnt bestimmt dann, oder? Weil es auf 36 orange. Spawnt bestimmt was. Können wir ja machen zu viert, oder? Easy. Ja, bestimmt, ja. Ich sehe es nicht mal. Ach, da. Auf der Ja, ganz Insel. oben links. Ja, genau, auf der Insel. Lol, stimmt. Ja, oder, Luca? Disctronic? perfekt. Also, ich finde die Qualität Ja, das echt war gut. ja das mit dem Schlüssel. Und es ist echt nicht so Wir brauchen einen teuer. goldenen und einen silbernen, ne? Also, normalerweise, also diese ganz Ich hab durch billig, den Mob gerade auch noch billigen, einen das sind halt silbernen irgendwie dann selber so, wo ich mir gefunden. denke, Nicht, dass ich jetzt aber was Falsches mache. jetzt Aber sehr gut. so Sehr riskant geil. will ich jetzt auch wieder nicht leben, weil ich habe ja echt viel. Also ich habe 3 Bildschirme auf meinem Tisch und mein PC und mein ganzes Zeug. Dann möchte ich halt nicht, dass die Beine dann irgendwie komplett rumwackeln oder richtig unstabil sind. Wenn das alles runterfällt, wäre halt schon ein bisschen scheiße. Deswegen wollte ich jetzt schon nicht das Billigste vom Billigsten nehmen. Wie heißt das noch, eine Flexi-Desk oder so, habe ich gesehen. Da hat er richtig gute Reviews, aber viel davon kam mir vor, weil es so ein bisschen... Boah, ich weiß nicht, ob das halt nur Marketing war. Ich glaube, die haben relativ viel Werbung gemacht und so. Und dann habe ich halt zufällig irgendwie Disctronic gefunden und dachte mir, das probiere ich, weil es war nicht ultra teuer und es war halt auch nicht irgendwie... Es sah nicht billig aus und auch von den Reviews und so her. Deswegen habe ich das probiert und es ist echt gut. Ich habe das gestellt von FlexiDesk. Echt jetzt? Interessant. FlexiDesk, FlexiSpot, ich weiß es nicht. Ich wollte am Anfang eben auch dieses Flexi-Ding kaufen. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hießen. Aber die hatten so viele gute Reviews im Internet generell. Also echt übertrieben gut. Wo ich dann dachte, da muss doch irgendwas nicht stimmen. Und dann habe ich irgendwie so einen Reddit-Post gesehen, dass Flexi eben ganz, ganz viele, also viel Geld für Marketing und so ausgegeben hat, Guck mal, anscheinend. unter Wasser, wie geil. Und dann dachte ich mir, oh, okay, Das ist auch so ein Haus vielleicht ist unter das Wasser ein und bisschen Ultra fake wild. teilweise. Keine Ahnung. Weiß ich dann nicht, ob das stimmt oder nicht. Wenn ihr sagt, es ist trotzdem gut, kann ja sein. Aber ich hatte dann irgendwie trotzdem Angst und habe weitergeguckt und was anderes gesucht dann. Ich weiß nicht, ob man hier... Ich glaube, wahrscheinlich hoch und nicht runter. Der Typ sieht echt mächtig aus hier. Ja. Sehr gut. Taxi, danke schön für den Star. Willkommen, willkommen, willkommen. FlexiSpot ist überteuerter Müll. Ist das jetzt so Jumping, oder? Ja, ich weiß eben nicht genau. Ja, der eine Jump hier, oder? Also ich hatte FlexiSpot halt nie. Das ist ja gar nicht möglich, lol. Kann man hier irgendwo rein? Oh, hier ist noch eine Kiste. Also es sah irgendwie viel leichter aus. Ah, die Kiste hier ist Von es. beiden. Einfach draufklicken hier. Ach so. Ah. Alter Schatz. Ah, das war's. Das ist auch Okay. XP. Super. Wie? Oh, das war's schon? Ja. Ist das unter Wasser? Ich kann mir vorstellen, unter Wasser. Was soll denn unter Wasser sein? Ah, die Kiste hast du schon gesehen, Gucci, oder? Hast du geklickt hier? Hier ist es schon. Ah, okay. Das war's. Das war's schon. Ja, dann lass wieder zurück. Let's go. Aber ja, also ich bin mit dem hier zufrieden. Kann das auch gerne empfehlen. Also das Sonic hier.
aber wie gesagt, ich habe halt nur das Gestell gekauft und nicht die Platte. Also vom ganzen Tisch weiß ich noch nicht, wie gut das ist, aber das Gestell selber ist echt gut, finde ich gut. Wollt ihr jetzt Stream Together einladen, wenn ihr schon eins habt? Ja, mache ich. Danke. Platte ist auch geil, alles schön vorgebohrt, Kabelkanal, easy kannst du machen und 10 Tisch. Okay, nice. Ja, ich persönlich habe es halt ohne Platte gekauft, weil ich mir dachte, muss ich jetzt nicht extra Geld für ausgeben, wenn ich halt eine Tischplatte hier einfach nehmen kann, ne? Also ich habe, keine Ahnung, aber eine ganz normale Tischplatte halt genommen, die man halt einfach so bekommt. Meine Mutter hatte auch, also meine Mutter hat das ein altes Café, das sie jetzt geschlossen hat, weil sie halt in Pension ist. Und dann waren da auch ganz viele Tische übrig. Und dann habe ich einfach da eine Tischplatte genommen. Und ich hatte auch noch einen alten PC-Tisch, wo ich ganz normale Beine drauf hatte, mit einer Kabelleiste. Und da habe ich einfach die Beine runtergeschraubt und dann einfach das neue Gestell drauf gemacht. Ich mir dachte, warum soll ich Geld ausgeben für eine neue Platte, wenn ich schon eine habe, die gut funktioniert, ne? So, Gang. Jetzt geht's zu den bösen Orks. Okay, aber ich mag Orks. Ochse. Die farm ich gerne ab. Also so von Level her. Also die Ja, Orks im genau, Levelwald, also die hab ich generell, mal gerne also ich glaube, weggefarmt. Tischplatten bekommst du echt so viele, Viele. wie du auch Okay, meinst, diese das, nerven dann von nicht alles alten zurück. Büroauflösungen Aber oder wir sind ja so. viele. Da gibt es auch oft Stühle. Ja. Also Bürostühle gibt es auch ganz oft. Wenn du da irgendwie Eigentlich sogar 5 mit dem Bett von Lost. erfragst, dass irgendwie Metzi, let's irgendein go. Büro oder so Stimmt, Metzi gehört dazu. aufgelöst wird, Ja. dann da gibt es Was echt ist viele Metzi Dinge, hat die auch man irgendwie richtig so Bock abstauben bekommen. kann. So Ja, das Tischplatten, Metzi-Tanga. Bürostühle. Generell auch so kleinere Möbelstücke und so fürs Büro. Das Warcraft W, das ich habe im Hintergrund, habe ich mal von WoW bekommen, also von Blizzard. Ich glaube, das kann man nirgendwo kaufen. Also ich weiß es jedenfalls nicht. Ich habe es halt geschenkt bekommen. Ich habe relativ viel so WoW-Dinge. Also einzelne Geschenke, die ich halt mal bekommen habe von Blizzard. Richtig nice. Ich muss euch mal meinen goldenen Ragnaros zeigen dann. Ich habe so eine Ragnaros-Statue, die ist richtig cool. Wird mich die Story interessieren? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich mache ja schon ganz viel mit Blizzard, ganz lange schon. Ich habe richtig viele Geschenke von denen die ganze Zeit bekommen, also Werbegeschenke halt. Wie man die halt so bekommt, wenn man ein Spiel spielt. Weil es ist ja, also die wollen ja, dass du dann irgendwie, keine Ahnung. Ich habe halt so Statuen bekommen, so T-Shirts und irgendwelche Pullover, irgendwelche Oder? Jacken, keine Ahnung, alles so ein bisschen. Was meinst du? Nimmst aber auch alles immer an. Ja, gratis Sachen, ne? Habt ihr gerade getradet? Ich habe einen rohen Steinschuppenkabeljau bekommen. Oh, krass. Das ist schon fancy. Ja. Das war wieder Wieder verkauft. mich gerade selber Total gefunden. voll. That's crazy. Oh, müssen wir hier rein? Geil. Ja. Oh, das sieht richtig geil aus.
Stimmt, wir brauchen jetzt das Licht. Wir sind irgendwas looten, glaube Oder ich. irgendwas des Lichtes hier. Ja, lass ja, erst mal hier reingehen. Da kriegen wir noch einige Quests. Ist nicht hier oben irgendwo? Ich hätte auch gedacht, bei dem Turm. Ach so, ihr wollt das Licht direkt Ja, holen. wir müssen ja... Genau, das müssen wir holen für die Quest. Das brauchen Wir wir. haben Ich dachte, sonst hier solange der keine. Raum hier frei ist. Ah, er macht schon die Quest. Zepter. Hast du hier noch eine Quest, Gucci? Weil wir haben nur das Licht. Ich habe hier noch eine, ja. Okay, Ist hier ich habe kein die nicht. Ausrufezeichen oder so bei euch im Haus? Nee. Ne. Welches Level bist du? 37. Ah, vielleicht bist du höher einfach als wir. Vielleicht kannst du uns die teilen. Nee, Wird uns geht maybe nicht. noch nicht Das- angezeigt. Ich meine, das ist eine Folge gewesen. Ich dachte, ihr habt die. Can I join group? Och, der Arme. Och, Mann. Och, Mann. Och, Mann. Oh, warte mal, er ist in der Gilde Sauerkraut Community. Er schreibt auch Dann weißt du gerade, oh, das schon. Leute sind Sauerkraut. manchmal da drin, ohne es zu checken. Wo müssen wir hier was holen? Den töten. Achso, Wie der ist sieht's noch da, aus check mit ich. Schnee in Ja. Südtirol? Langlaufloipen geöffnet? Och, Mann. Boah, Oh Mann, wie er boah, da ist schon nicht so steht. gut Oh Mann, mit hör Schnee auf. gerade. Also es hat vor ein paar Tagen das zu stehen. geschneit. Ja. Es hat vor ein Eben paar hat Tagen mir grad noch einer geschneit von und euch den Mob dann, geklaut. Hier auch noch. also jetzt glaube ich geht's wieder, Ja. Eine Nase gezeigt. aber ich weiß nicht, wie lange es, also, weil vorher hat es echt lange nicht geschneit. Hier auch noch. Ich schreibe. Das letzte Leider, Mal ist ja. irgendwie Ende November geschneit, dann den ganzen Dezember gar nicht und jetzt vor ein paar Tagen hat es dann jetzt nochmal geschneit. Ich glaube, einige Langlaufloipen sind schon offen, eher so im Norden, Drücken für mich. aber alles andere kann man ein bisschen vergessen gerade. Wegen Delay. In der. Wache. Was soll ich? Ich meine Agura, ob sie kurz mal ihre Karte öffnen kann. Was soll ich machen? Karte öffnen. Kurz offen lassen wegen Delay. Ja, nochmal. Ey, gut, du bist so leise für mich. Ist er auch für euch leise? Ich habe ihn schon auf 200% Mein Headset ist scheiße. Okay. Ja, wir Ich bin auch schon auf 200%. 200 und euch schon leiser und Discord noch lauter. Ich habe schon richtig gewerkelt hier. Die Karte öffnen. Die Karte Ich öffnen? glaub, ich hab die Welche? Quest nicht angenommen. Die Map, wo die ganzen Quests zu sehen sind und so. Ja? Also die Map. Ah, okay, ja. Habe ich? Irgendwo soll da eine Karawane sein mit einer Quest oben. Ja. Die habt ihr, glaube ich, dann noch nicht angenommen, oder? Ach so. Ja, Ah, also. da drüber, das Fragezeichen. Ja, Da das bist du meinte ich natürlich doch die ganze Zeit, dass ich das die ganze Zeit holen wollte. Ach so. Und dann meintest du, das ist eine Ja, genau. Nee, bei mir ist das ein da drunter. Folgequest. Ich habe die Folge. Checke. Also dann willst du, dass wir dieses Mal im Truhe-Ding da zuerst abschließen? Oder die Karawane? Genau. Okay, Ich okay. weiß nicht, ist da noch eine Karawane? Ja, lass hier doch jetzt Ja, unten schnell ist das eben Ding diese killen, Karawane, dann oben also. das Fragezeichen holen Ja, und dann hier wieder genau. schnell hin. Ja. Oder? Ja, Respawn, glaube ich, gleich. Leichen sind schon weg. Und dann brauchen wir, guck mal, da unten ist auch eine 39er Aufgabe, da brauchen wir 10 Kodo-Knochen. Ah ne, Knochen ist wieder, nee, das geht zum Beispiel ja nicht doppelt. Drei, 2, 1. Jetzt will uns Luna hier klauen. Spammt alle Leute. Luna. Ich bin Caster, ich kann nur mit meinem Stab hauen, Girl. wenn es schnell sein soll. What can I... Luna, mach keinen Scheiß. Luna, Luna, du kannst die Hälfte des Tages werden. schrei sie an. Lenk sie ab schreib mal irgendwas. Frag sie eine Frage. Warte, ich tanze sie an, Warte, Was warte. hält sie von das- Hawaii-Pizza? Sie Das soll schreibt mit tippen. ihr so. Tippen. Oh, Oh, es sind was noch hältst viele du- Leute hier. was hältst du von Oh unserem nein. Projekt? Ich schwing meine Hüfte, Luna. Oh mein Gott. Da kannst Du du musst die nicht anderen wegschauen. mit Schreiben. Wenn die am Schreiben ist, dann kannst du nichts taggen. Sagst du Projekt? Ja, gute Frage. Ja, oh, ist gut. Du fragst sie, ich lenk sie nochmal Nein, mit ist noch Augen einer. ab und du mit Händen. Ja. Lulu-Bank. Schreibt ihm jemand, Okay. verpiss dich mal. Oh, yeah.
Macarena. Ah, es gibt keinen heißeren Tanz als den hier. Oh. Oh, hier wird gar nicht geantwortet. Das ist richtig frech hier. Wir müssen spammen, Gucci. Nagura, wir müssen spammen. Frag dich mal, wie das Wetter so ist bei Ihnen. Ob es auch Schnee hat. Jetzt kommt hier noch jemand. Nein, ist noch Oh mein Gott. Es wird so voll hier. Hallo, Abstand. Das ist mir zu eng hier. Schreib mal mit denen. Mit den anderen. Versuch irgendwas zu schreiben. Langsam zu voll hier, Leute. Boah, nice. Boah, der Tag. Oh mein Gott. Das war instant. Alter, what the... Gucci. Oh mein War der falsche, oder? Ah, das war der falsche. Fuck. Oh, scheiße. Ja, nochmal, Gucci, nochmal. Nochmal, genau. Es ging so schnell. Alter. Hä, aber warum spawnt denn hier jemand Falsches? Ich glaube, es ist noch so ein Nebencharakter. Ein NPC vom NPC. Dann wird der andere jetzt auch hier gleich. Ja, der fiel als erstes. I guess, da ist er. Nice. Jawohl. Ja, easy für uns. Sauber. Sauber. Okay. Alle Nicht gelootet? runterfallen. Ja, wichtig. Warte, ich muss hier noch. Okay, ein bisschen runterfallen ist okay. Mein Inventar. Also, naja, also. Bar und gelootet. Boah, ich hänge. Jetzt oben die Quest abgeben und dann wieder hier runter. Ja. Man sieht einfach gar nichts. Oder links können wir auch eine Quest abgeben. Ja, das war die jetzt schon gerade. Ah, okay, ich verstehe. Ja, lass oben lieber noch die Folgequest schnell holen. Wenn wir hier eh nochmal hin müssen und dann. links No, I genau didn't die turn off the Aufgabe translation. You can just turn them off. Geil. You see, you know, on the other side here, you see it? Where it says translation, click here. Now you can turn it on yourself, so you can also like, I think there's some options where you can put it like top, bottom or something, and I think you can change the size of it a little bit. Achtung, da ist unser Freund wieder. Oh, pass auf, Nagura! Ja. Oh Gott, welcher Freund? Der große Zwergenfreund. Oh no. Ich bin komplett in den reingerannt. Wo läuft der denn lang? Der ist so langsam. Geh mal weg. Bei so großen Mobs weißt du doch immer die Range nicht. Das ist so schwer einzuschätzen. Pixelfüße. Danke dir. Danke. Boah, Das hab ich die ganze Zeit habe ich gebraucht. trotzdem echt Schiss. Ja, ja, verständlich. Okay, jetzt Auch müssen wenn wir er nochmal jetzt zurück Klammern in die nur Stadt. 39 ist. Also wir müssen nochmal zurück in die Stadt. Für die Quest hier. Ach so, müssen wir mal hin und her rennen. Mhm. Ah, kenn ich gar nicht von Classic, dass wir dann nochmal dahin, nochmal dahin. Gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wissen wir, oder? Nee. Alter, was ist das hier für eine Karawane? So eine Kiste. Ja. Das sind hier alles so Die Kiste große rechts. Monster. Ich komme. Oh, kein Platz im Inventar. Jetzt kracht's aber langsam. Quest beenden, annehmen. Und wieder dahin. Tschu. I just came home from a vacation in Austria. Nice, Fenrir. Talking German, it feels like I'm still on vacation. How was it, Fenrir? Sehr gut, sehr gut. Warte, wo ist denn hier der Eingang? Gute Frage. Warte mal. Das sind so 2 Säulen. Ein bisschen weiter rechts rumlaufen. Achso, Das kann man ist dann okay. hier gar nicht hoch? Wahrscheinlich nicht. Nein, nein. Okay. Noch rechts rum? Oh, ich habe Hier? ja aus den 2 gepullt anscheinend.
Ah, hallo. Aber ich komme klar. Okay. Warte, wir sind gleich hier. In solchen Momenten kann ich ja jetzt endlich meinen AOE-Schaden nutzen. Also ich habe jetzt gemerkt, es geht nur auf 2. Also eine Person schlage ich und die andere Person bekommt fast genauso viel Schaden. Okay. Also immer Das ist mein Klingenwürfel. zufällig, oder? Also nicht immer dieselbe Person, die dann den Zufällig. Schaden bekommt. Okay, ja. Mhm. Doch. Es ist dann immer auf einen weiteren Gegner. Und auf einen bestimmten weiteren Gegner. Aber für jeden Auto-Attack dann immer ein anderer oder dann trotzdem immer dasselbe? Also dass einer irgendwie fixiert es wird. funktioniert wie Sweeping Strikes. Da, wo er am nächsten Rand steht. Ah, Sagen wir mal, okay. es ist ein Mob links und rechts, neben den der schlägt. Der stellt sich rechts von dem Mob, dann hittet er den rechten. Ah, okay. Deswegen bei meinem AOE hole ich mir immer 2 nur ran. Okay, jetzt haben wir die Quest, wo wir da rein müssen. Super. Deswegen, wenn mich 2 angreifen, kann ich echt viel machen. Könnte ein Taras? Flexzone, also ein Stun. Danke für die 6 Ich Monate kann nochmal. einstellen, dass Dankeschön. ich nur 50% der Hits abbekomme. Geht Das heißt, das es ist Pferd so, bei als dir würde ich auch gegen einkämpfen. rückwärts? Was? Was sagst du? Das Pferd reitet rückwärts. Das sah gerade richtig weird aus. Also, sieht das beim Spiel nur so aus oder reicht das gerade rückwärts? Was ist das hier für ein Fiebertraum? Spielt die Wo bin Frau ich hier vom überhaupt? Warte mal, ich Stepper bin aus? falsch. Ja, musste ich für den Strom. Ah, ich Wie muss, glaube ich, den schnell immer. ist da Gucci wieder hingekommen? Ist die TP? Ah, Strom ist echt nicht billig, ne? Ich bin Schon gar wieder nicht weg losgelaufen. gewesen. Ich hatte doch die Heutzutage. Ach, stimmt. Ich warte. Oh, hier ist so ein Wolfsrudel, aufpassen. Wenn so 5 Wölfe auf dich dadurch. Das ist auch nicht so geil. Kitten Stimmt vor aber allem wirklich. aufpassen. Ja, Da ich bin noch benutzt hier ihr auch hinten, weil ich kann mir Hast du nicht gerade durch, Level Up? Warum? ohne Okay, zu okay. pullen. Random Level Up? Wo muss ich jetzt Oh, ich bin schon aufpassen? 35. Oh, ich weiß nicht, wo ich meine Zeitpunkte hinmache. Ah, fuck. Überzeugung? Ich weiß es nicht. Ah, da, Ich bin schlecht checke. auf- Bei dem Wolfsrudel. Was ist richtig? Ah, ich weiß es. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich google mal kurz. Warte, ich gucke mir das eine Video an, das Pot-Video. Ja, es wird benötigt, oder? Achso. Da steht 1 von 1, 1 von 1. Wer redet Und hier? hier, Ich höre wieder Leute random Ja, reden, ich wo auch. bei mir im Proximity Chat Nagura und Lost Kitten steht. Ha. Und das war auf Ich jeden hab Fall Push nicht to Talk. Naguras oder Lost Kittens. Ich habe ja gerade auch gleich 2 wahrscheinlich. Nee. Oh, ist das nervig, dass bei mir die immer zusammenlaufen, wenn ich da lang will. Die Schweine. Bei mir auch, aber ich glaube, wir haben so ein... Wenn wir ein Level mehr haben, Ja. kriegst du es hin. Deswegen weil aggro wir ich ein die Level ganze mehr haben. Zeit. Genau, aggros du die halt einen Tick mehr. Und ich glaube, das ist genauso dieser eine Punkt. Ja, mein Pet ist auch eingeschlafen gerade. Oh Mann. Wach auf! Warum schläfst du? Jetzt wirst du aufgewacht. Braucht ihr unsere Hilfe? Nee, es geht. Nee, alles gut. Okay, ich möchte hol nur noch kurz schnell den gucken. mit ihr und Der dann- eine Guide hier, den ich Ich lasse nur mein Pet immer einschlafen, die Schweine. Und dann ist mit 2 ein bisschen crazy geht. Hier. Danke. Gerne. Nee, das ist Jetzt? nicht. Oh ja, doch, es gibt jetzt einen Onyx-Buff. 1935, let's go. Nice. Boah, einer 18 Uhr wäre auch nochmal richtig geil. Ja. You know, starting from like Okay. Okay, er spielt. Oh, sorry, ich bin nicht gemietet. Ich rede gerade über Paladin-Talente. Ich weiß nicht, was ich skillen soll. Stimmt, ich Oh, muss ja meine auch noch Gifte Skill muss ich drauf machen. verteilen. Ich vergesse immer meine Gifte. Ihr könnt mich auch gerne an die Gifte erinnern, Leute. Wenn ich das mal so im Kopf hab. Ich muss die jede halbe Stunde neu aktivieren, aber meistens sind die schon eher
dann, weil es sind auch bestimmte Trefferzahlen und so. Und das ist echt. Ah. Ja. Aber müssen wir jetzt hier rein, um. Ja, ne? Das abzugeben. Ich glaube, das ist ein Mob oder so, den wir retten müssen. Checke. Ja, eine Weak-Ara wäre natürlich gut für uns dann in dem Moment. Er hat gerade 4 Sachen hintereinander pariert bei mir. Es war einfach nur so pium, pium, pium. Ist im großer Raum, aber ich denke mal, die schaffen wir. Oh, hier Ist bei euch? Ja, der ist doch nämlich hier lauter da, in der Ecke, verteilt. der ist das. Genau. Komm mal zu euch auf die andere Den einen Seite. Caster, den habe ich gleich hier schon down bei mir. Ist down. Ja, es wird halt echt einfach eine Weak-Ara geben, Sehr wahrscheinlich, gut. die den Buff Hier schnell checkt. annehmen. Die könnte ich wahrscheinlich irgendwie schreiben für ihn. Moment. Wie darf ich Die ist echt nicht so schwierig. Spenden annehmen. Ja, Abgeben hab und annehmen, genau. Und raus. und raus. Okay. Ich denke mal, es ist einfach ein Oh, Buff. das hat einen geilen Vibe nee, hier. warte, es ist... Oh, ist das schön, neue Ach Sachen so, zu sehen. es ist Oh, ich bin wirklich auf so den hyped. Waffen. Das ist toll. Okay, da muss dann echt... Okay, dann ist die Weak-Ara vielleicht nicht so einfach. Schon trotzdem einfach wahrscheinlich, aber... Müssen wir Am hier? Buff wäre ein bisschen Ja, einfacher stimmt, da ist gewesen. noch irgendwas. True. Was ist die Quest jetzt? Es macht das Add-on, was... Also es macht das Add-on noch dazu, was eine Weak-Ara nicht könnte. Junge, wir platzen einfach nur. Das war gerade so krank, weil wir haben extra meinen Klingwirbel angemacht, aber ihr habt den schon so ultra auf Hälfte gemacht. Oh, jetzt aufpassen. Ah, die haben den Map schon gezeigt, den wir brauchen. Mm. Ja, lass sie trotzdem schnell hier killen. Und da habe ich meinen Klingenwirbel gemacht und der hat noch einen Crit rausgehauen. Das ist so bescheuert. Ich war zum letzten gekommen. Ja gut, die hat glaube ich so ultra viel auch gemacht. Das ist allgemein brutal viel, wie viel ich mache. Gerade bei den beiden Mobs vor der Tür habe ich 700 DPS gemacht, beide gewone-shottet. Oh, krass. Also das Addon sagt ja, dass du eine Geste drauf hast, okay. Ja. Okay, ja, okay. Also ich finde halt, ich finde immer, wenn man irgendwas mit einer Weak-Ara halt einfach machen kann, also weil ich möchte nicht irgendwie 20 Millionen Addons drauf haben. Finde ich halt immer. Also wenn ich dann irgendwas relativ einfach mit der Weak-Ara machen kann, dann finde ich das mit der Weak-Ara besser, weil sonst hast du die 20 Millionen Addons drauf, musst die alle separat updaten. Manchmal gibt die in Addon irgendeinen Lua-Error oder irgendeinen Fehler. Und dann weißt du nicht welches genau und musst irgendwie alle einzeln durchgucken und so. Magier. Den Anhänger von dem. Du hast Feierabend. Hey, Beanie Wise. Ja, schönen Feierabend dann. Wie spät ist es schon? Es ist schon 15 Uhr oder was? Boah. Oh, ich spiele schon seit 6 Stunden. Holy fuck. 6 Stunden? Boah. Ey, das geht aber viel zu schnell alles hier. Add-ons, also Add-ons werden nicht entfernt, sondern die Funktionen, die Add-ons haben können, werden in Midnight eingeschränkt. Und zwar können Add-ons keinen Kampflog mehr lesen. Aber es gibt halt irgendwie so ganz viele Workarounds irgendwie. Also, ja. Irgendwie gibt es halt trotzdem noch relativ viele Add-ons.
du musst, also die funktionieren jetzt einfach nur ein bisschen anders. Ist irgendwie ganz komisch teilweise. Weil, keine Ahnung, es kommt mir fast so ein bisschen vor, als wäre es irgendwie noch schlimmer. Schon fast. Weil, dieses Ding, ich bin eigentlich auch gegen das, also die Idee hinter dem Add-on-Change, die finde ich gut. Die Idee dahinter von Blizzard ist ja, dass sie möchten, dass Spieler keinen Vorteil daraus ziehen, ihre Add-ons richtig gut eingestellt zu haben. Und das finde ich ja gut, weil ich finde, dass ein neuer Spieler, der mit dem Spiel anfängt, oder generell jemand, der nicht irgendwie den ganzen Tag irgendwie mit Weakers rumspielen will, dass er nicht einen großen Nachteil davon hat. Weil Add-ons sind ja, also generell ist es ja nice, dass wir Add-ons haben, weil du kannst ja alles so ein bisschen einstellen, wie du es möchtest. Aber wenn es dann zum Punkt kommt, dass du wirklich einen großen Nachteil hast, weil du bestimmte Weakers aber nicht hast oder bestimmte Sachen nicht eingestellt hast von Add-ons, das finde ich dann schon dumm. Also das finde ich nicht gut. Und das wollte Blizzard halt eigentlich so ein bisschen verhindern damit. Also, oder einstellen mit den Add-on-Changes. Aber das Ding ist, mir kommt es gerade so vor, als würden die Add-on-Changes das Problem einfach nur schlimmer machen. Weil es so aussieht, als würden relativ viele Add-ons trotzdem noch funktionieren. Aber es ist einfach ein bisschen komplizierter, das jetzt einzustellen alles. Und dann kommt mir vor, okay, das ist aber dann schon ein bisschen dumm. Da ist noch ein Spieler. Und jetzt! Schade. Stimmt, Nagura spricht im Spiel. Was? Ich habe nur irgendwas mit dumm gehört. Ja, irgendwas ist dumm. Also ich spreche Ingame in Proximity Wars, oder wie? Ja, gerade also, ganz kurz. Das ist shit. dumm. Ich weiß nicht, warum das so buggy ist. Ich habe gerade von einem Add-on-Ding geredet. Also ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt, aber in Retail, da wird jetzt nächste Woche, kommt das so ein Patch und da werden halt einige Add-ons so ganz krass eingeschränkt, dass die Kampflog nicht mehr lesen können und so. Und das ist ein ganz großes Thema. Was denn für welche? Was nervt die denn? Es ist, also jedes Add-on, das irgendwie das Kampflog lesen kann, funktioniert dann nicht mehr. Also auch so wie Damage Meter zum Beispiel wird nicht mehr gehen. Oder irgendwie Weakers oder so. Das wird dann alles nicht mehr funktionieren. Und Nameplates theoretisch auch nicht. Und die Idee dahinter ist, dass die Leute, die neuen Spieler und so, dass sie nicht einen Nachteil haben, wenn sie keine Add-ons benutzen. Was irgendwie schon Sinn macht, aber... Ja, die wollen ja irgendwie... Halt in-game irgendwie aktivieren lassen können, so. Also. Ja, das machen die gerade nach und nach, dass sie dass sie in-game so ein bisschen wie Add-ons umstrukturieren, aber wahrscheinlich nicht in die Richtung, wie viele ihre Add-ons nutzen. Also nicht zu 100%, denke ich. Ja. Heftig. Aber den wollen das ja in Classic so lassen, oder? Weil das juckt die ja eh nicht. Ja, da wollen die das lassen, glaube ich. Das war Oder war es gar nicht. Der war aber auch in 2 Sekunden tot, also wäre auch traurig gewesen, wäre es gewesen, oder? Moin, Hagi, wie geht's? Okay. Ich bin mit euch auf jeden Fall noch meine Eni. Ich glaube, Friedhof und Bibliothek würde schon sehr Spaß machen, so. Ja. Lass uns wirklich mal hier fertig machen und danach noch jemanden suchen. Da ist er. Die City hier. Oh, das war auch... Oh Gott, ist das schon... Oh mein Gott. Perfekt. Alle gelootet? Let's go. Yes. Jetzt kommt eine Begleitquest. Hat jeder Platz? Safe, ne? Warte. Ich habe nur... Ja. Ich Ich hab löse noch eine, ja. Warte. Ich habe auch nur eine. Beim letzten Mal das... Wartet. Ich glaube, wir geben ja die aktuelle ab. Dann haben wir ja die Ah, ja, dann haben wir noch mehr. Mhm. Ja, genau, wir geben ja die ab, deswegen. Yes. Ich dachte eher im Inventar, weil man manchmal was ins Inventar bekommt. Aber stimmt, das gute alte Questlog. Das gute alte 19:20 Questlog bei mir. Ja. Ja, ich finde den Schritt theoretisch auch gut, dass die Oh, jetzt müssen wir das aber schnell das mit annehmen, den Add-ons bevor machen hier- wollen. Aber halt nur, wenn sie das dann auch richtig machen, finde ich.
Weil, Bevor wir wenn die dann warten Ich Add-ons... habe noch Akku gezogen. Oder wenn sie das dann ausstellen, Hab aber da dann noch geht was das irgendwie mitgebracht. trotzdem. An der Tür. Aber Ja, nur, das wenn du Leckerli irgendwie, mitgenommen hier. keine Ahnung, das ganz kompliziert einstellst, dann ist es auch wieder Ist blöd. es wieder hier? Ja. Boah, das ist hier alles eng. Sehen wir dann, Warte sehen wir mal, bis dann. alle da sind, ne? Ja. Habt ihr Questlog voll, ansonsten buggt das? Ja, das mit dem Was richtig habt ihr machen ist alle beim schon Wissen mal? immer das Problem eben. Ja, Abgeben ganz schon genau. mal? Ich schnur Abgeben Alarm. schon Ja. mal. Schnell. Okay, hab Quest abgegeben. beenden. Ich nehme nicht an, jemand anderes kann dann. Boah, da bekommt man ja geile Sachen. Seid ihr ready? Dann nehme ich an. Bin bereit. Ja. Nice. Jawohl. Ja, Sehr cool. Genau, also ich bin eben auch Super. gerade so in dem Mindset, wo ich mir denke, okay, die Idee dahinter ist gut, finde ich nice, aber ob sie das dann so richtig umsetzen können, bin ich nicht ganz überzeugt. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube am Anfang von Midnight, beim ersten Raid oder so, wird es wahrscheinlich schon ein bisschen... Sie könnte auch ein bisschen schneller gehen. So, Also ich muss aber ehrlich sagen, sie ich kann auch vertraue ihnen entspannt dann machen. nicht ganz, dass sie das direkt Die ist umsetzen nicht können. die Ja, man weiß eine. nicht, wie lange die da lag, ne? Auf lange Vielleicht hat's Hinsicht Kreislauf. vertraue ich schon, dass sie das schaffen Ja, irgendwann. cool, check ich. Aber Die ist so im ersten trotzdem Patch direkt, nicht boah, die ich eine. glaube, ja, das könnte schon ein bisschen eine Shitshow werden am Die Anfang. Auserwählte, so läuft sie gerade. Aber sehen wir. Wenn wir sehen, wenn wir sehen. Aber krass, so Horn hat sie, Alter, schaut mal. Die der Linda. Wie wir einfach vorher schon alles geklärt haben. Miris meinte, Ecke macht sich keine Sorgen. Ja, nee, für Ja, Ecke du ist es warst ja gar gut kein da. Problem, weil, Hast schon ein also, bisschen gezockt? für sie ist ja egal, was jetzt funktioniert und was nicht funktioniert, weil sie müssen ja, also für sie ist es egal, Alter, glaube ich Mr. schon. Moore. Scheiß Streamer. Wow, 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 wow. Mit Mr. Moore könnten wir gleich in die Indie. Ja, stimmt, den können wir mitnehmen. Frage mal. Aber ich glaube, das ist auch Tank. Ich glaube, wir brauchen keine zwei Tanks. Ah, da kann Gucci ja die du festen. musst ja, Gucci muss ja gar nicht tanken. Ja. Griefer. Oh, nice. Oh, war's? yippie. Lol. Ja, die müssen nicht so weit, dann machen die alleine. Ja. Jetzt geben wir alles oben ab, ne? Okay, dann lassen wir abgeben. Ich habe hier links noch ein Fragezeichen. Machen wir das dann danach? Wir können das auch Oder- noch eben abgeben, glaube ich. Müssen wir eben hin. Mhm. Also wir müssen Müssen wir dann lang? Ah, hier da lang? oben. Okay, Ich glaube, ne? ja. Tja. Ist das ein Horde-Camp hier? Nee, ist nicht. Ja, dann Ist brauchen kein wir PvP. Zentaurenohren. Auch wild. Ja, ich bin gespannt auf jeden Weißt du, was Fall. mich am eigenen Blizzard-Details stört? Nagura, später auf Beta. Was denn? Du kannst einfach nicht sehen, woran du gestorben bist. Kennst du das? Du bist im Dungeon gestorben, willst mal kurz nachgucken und das weißt du dann jetzt einfach nicht mehr bald. Haben die das immer noch nicht eingebaut? Ich glaube nicht. Oh, das ist schon scheiße. Oder Und- es hat gebuggt bei mir. Und irgendwie, also der Overall Damage war irgendwie auch so ein bisschen buggy immer, kam mir vor. Also das wurde relativ schnell gelöscht alles nach dem Dungeon. Also wenn du nachher noch irgendwie was nachgucken wolltest, das war dann relativ schnell weg. Sofort weg. Ja, oder sofort Ja. sogar, genau. Und ich glaube, in Combat konnte man auch nicht nachgucken. Und das, glaube ich, habe ich auch mal probiert. Irgendwie in Combat wollte ich mal irgendwas nachgucken, das ging aber nicht. Es gibt auf jeden So Fall einige gut gemacht. Sachen, wo ich mir denke, okay, das ist schon scheiße. Ja, mich stört das echt am meisten mit den Toten, weil oft will man ja wissen, warum ist der andere gestorben. Ja, Damit das nicht mehr passiert, siehst du jetzt einfach nicht mehr. ja, stimmt. Warum kann der so einen Blitz schießen aus seinem Horn vorne? Das ist halt doch eine doch ein Donnerechse. Dinosaurier. Eine Donnerechse. Donnerechse, stimmt. Geil. Die gute alte Donnerechse. Ist das oben oder unten? Oben, glaube ich, oder? Ja.
Na, eben war es ja dieser Schatz. Ich glaube, auf der Plattform vielleicht. Ja? Ah, hier unten. Grüße. Das Licht segne euch. Ziehe den Ehrenfreund. Okay. Ey, Lost. Ah ja, ich wieder folge was dir mal, angenommen. Direkt schon wieder hier. Ja? Ich folge dir. Yes. Jetzt müssen wir wieder ganz oben abgeben. Ah, machen wir müssen, wir das oder machen wir das müssen erst wieder auf später? die Insel. Wollt ihr das eben Oh machen? ja, da ist wieder was. Stimmt, ja, lass das machen. Ja, klar. Okay. Also, Schon wieder 3.500 XP. Aber es ist eine 38er-Aufgabe, ne? Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ja, passen Kriegen wir wir auf. zwar hin, aber 3.500 XP ist super. Die nehmen wir mit. Buch der Uralten. Da müssen wir jetzt bestimmt jetzt was killen. Bestimmt. Achso, das ist ein Mob. Lord Kragaru beschwören. Okay. Klingt gut. Wofür steht Sauerkraut Brights? Und Sie es ist kann doch ja die nicht, Königin. deswegen. Die Sauerkraut Brights ist einfach nur so ein Name, den haben die Leute was so ein bisschen erfunden für unsere Levelgruppe, also für Lost Ich gebe euch Kitten, wieder Wasserarten. Jennian Moment. und mich. Einmal. Zwei. Danke. So. Hat Gucci bekommen? Ja, perfekt. Ich habe ein Laufband unterm Tisch, genau, ja. Schön, Dankeschön. Kein Problem. Ja, genau, so komme ich auf meine Schritte. Ich finde das echt, also das Walking Pad ist das Beste von, genau bei diesem Event auch. Weil hin und wieder, je nachdem, was du für ein Game spielst, kannst du jetzt nicht nebenbei jetzt laufen. So würdest du jetzt Counter-Strike oder League of Legends spielen, vielleicht eher nicht. Aber für sowas ist es echt richtig nice. Vor allem, wenn ich so 12 bis 13 Stunden am Tag spiele. Da ist schon nice, wenn man ein bisschen so nebenbei ein paar Schritte reinkommt. Dass du halt wenigstens irgendwas machst. Ist jetzt nicht irgendwie ein Ersatz für Sport oder Krafttraining oder so, klar. Aber ein paar Schritte jeden Tag und dann ist auch mal okay, wenn man jetzt mal eine Woche oder zwei keinen Sport macht. Solange man nicht den ganzen Tag nur rumsitzt und gar nichts macht. Ja, ich würde das Laufband schon empfehlen, ja. Ja, genau. Irgendeine Bewegung ist besser als keine Bewegung. Hey, Easygoing, wie geht's? Hey, Haki, moin. Echt, Michanela, wie gefällt's euch? Ja, alle Leute, die jetzt sich ein Laufband oder ein Walking Pad gekauft haben, wie findet ihr das? Benutzt ihr es oft, oder? Weil es gibt bestimmt auch Leute, die kaufen das und dann ist vielleicht auch nicht so ihr Ding. Ich habe auch gesehen, einige benutzen das auch beim Fernsehen. Also einige stellen es einfach dann im Wohnzimmer auf und gucken dann ein bisschen Fernsehen oder so und laufen halt nebenbei. Qualle, danke für die 6 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich meine schon länger, aber es stand eine Weile rum. Seit deinen Streams jetzt dann wieder viel mehr in Bewegung. Ja, nice. Ja, also wenn du das ganze Setup möchtest, ist es teuer, ja. Klar. Das war erst die Mobs hier klären. Oh, das ist er doch, oder? Der ganz fette hier? Ich glaube, man muss ihn beschwören, wenn man auf die Statue hier klickt. Ja, ja. Lass erst mal die Mobs klären. Okay. Ja, also wenn du schon ein Standing Desk hast, dann ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert.
wenn du keinen hast, ist es schon eine Investition, ne? Es gibt halt so eine... Na gut. Aber ich kann nicht Fische. stimmt. Muss es aber einer machen, oder wie? Ich denke nur einer, ja. Ich beschwöre schon. Ja. Ja. Oha. Oha. Ah ja, das ist er schon. Wieder stehen. Das war nicht so viel. Sehr gut. Ja, nice. Strong. Und zurück. Yippie! Mensch, das ist eine richtig gute XP hier gerade die ganze Zeit. Wappa. Geile Gruppe. Aber also, ich kann euch was empfehlen. Also, wenn ihr echt davon überzeugt seid mit diesem Walking Pad, aber ihr seid euch nicht 100% sicher, ob euch das gefällt und ihr wollt jetzt nicht direkt irgendwie so ein Adjustable Desk oder so kaufen, was ihr halt probieren könntet, wenn ihr irgendwie ein Walking Pad euch mal leihen könnt oder wenn ihr das erstmal kaufen möchtet und halt den Tisch nicht. Ich krieg auch Luft, Es das gibt ist so. halt so. Also entweder glaube, das ist, kauft wenn ihr man eins oder das macht, andere oder? zuerst. Weil so ein, Ihr habt einen ihr habt so ein einen Standing Atembuff von Desk mir. ist ja generell Dann auch habt gut, ihr auch wenn ihr sowieso- nicht laufen wollt. Stimmt. Habt ihr Hin und sowieso wieder voll mal aufstehen Atem. ist ja auch nice. Das ist ja lustig, ja. Dann könnt ihr Ja, halt dann erst kriegt mal ihr den gar keine Standing Leiste. Desk kaufen Ich wollte ganz und guckt euch mal an, wie das so ist für euch. Weil einfach so hin und wieder mal aufstehen und einfach im Stehen zocken oder im Stehen arbeiten oder so ist ja auch ganz nice. Ich mache das auch oft, wenn ich nicht laufe. Dann könnt ihr entweder das machen, dass ihr erstmal euch daran gewöhnt, gucken, ob das was für euch ist. Und wenn ihr das Walking Pad wollt, aber den Standing Desk nicht so, dann könnt ihr euch zuerst mal das Walking Pad kaufen, ohne den Standing Desk. Und benutzt das erstmal so beim Fernsehen und so. Und beim PC könnt ihr es halt auch benutzen. Das ist so eine Wish-Lösung. Was ist eigentlich, wenn ich bei Also eine Johnson jetzt Follow mache? Temo-Version. Drehen wir uns dann im Kreis? Probier mal. Denn ihr könnt, also ihr könnt das Walking Pad Ja, benutzen das und den ist Tisch nicht einfach viel, oder? unten lassen, wo er ist. Und einfach nur die Tastatur und die Maus Scheiße. auf eine Kiste oder so draufstellen. Und dann könnt ihr, wenn ihr einen Monitorarm habt, dann könnt ihr den Monitor ja weiter hoch machen. Oder ihr dreht den wirklich nur hoch. Ach, du folgst. Ach so, Also, ich dachte, du dass ihr folgst den Gucci. nach oben winkelt. Das wird ziemlich Wisst witzig. ihr, was ich meine? Weil eigentlich braucht man ja nur die Tastatur und die Maus oben. Die Bildschirme kann man ja oft verschieben, wie man möchte. Natürlich ist das keine ich glaube, es wäre genau das Langzeitlösung, weil Ja, ich glaube auch. ist halt Das trotzdem nicht so funktioniert nicht so wie in angenehm. unseren Köpfen. Aber nur um zu probieren, ob euch das passt, ob euch das gefällt, kann man das schon erstmal machen. Dann musst du halt wirklich nur die Kiste, also eine Kiste, die halt relativ hoch ist, auf den Tisch stellen, die Tastatur da drauf, die Maus da drauf und halt gucken, ob euch das so passt. Ja, also je nachdem, ob ihr jetzt Monitorarme habt oder nicht. Einige Monitorarme gehen ja relativ hoch. Oder ihr könnt sogar die Monitore auch auf eine Kiste draufstellen. Das geht ja auch. Das ist natürlich schon eine Ultra-Wish-Version, aber aber nur so zum Testen, statt irgendwie direkt so viel Geld auszugeben. Seid gegrüßt. Für die Allianz. Wie, keine Folgequest? Oh wow, ich dachte, wir müssen noch mal auf die Insel. Schade. Ja, genau. Das muss man. Das wäre schön gewesen. Ja. Ne? Das Die Insel war schon sehr vertraut jetzt. So. Ja. Aber auf jeden Das war's Fall mit der XP-Insel. Wollt ihr noch mal hochlaufen für die eine Folge-Quest eventuell, oder? Ja, klar, Erst- lass machen. Okay. Hallo. Hallo. Hola. Hallöchen. Na. Na, du? Na. Wie war der freie Tag? Bist du erholt und frisch und wie neu? Ja, aber geil. Deine Insta-Story sah richtig Ja, erholt. same. Wirklich. Ja. Junge, wir haben so viel mal geschrieben. Boah, deine Wohnung ist voll schön. Die ist aber auch voll schön.
Die sieht so cozy aus. Ich wollte mich da reinlegen auf die Couch. Ja. So lustig zu sehen von den Leuten, was die alles so gestern gemacht haben, ey. Ja. Ich habe schon gesagt, wir sollten echt so einen zwangsfreien Tag einführen. So einmal pro Woche, wirklich? Dienstag. Ja, es war voll Ja, geil. Dienstag. Das wäre richtig Dienstag, geil, wenn Dienstag ja. immer ein zwangsfreier Tag wäre. Ich finde das gut. Ja. Mit dem Addon Einfach kann man Monitor nicht in mehr beide Hände rejoinen. nehmen während dem Laufen. Da steht da, genießt Alter, der Scheiß jetzt Tag. mal aufgeholt, ey. 35, 33, ja, Leute. Ja. Wir Sind wollen bald noch da, Zeit bald da. machen. Ey, geil. Wir sind doch bald wieder eine Gruppe. Boah, schön. So. Erstmal wieder reinkommen. Hab gehört, du bist noch 40 geworden. Ich habe mich noch auf 40 gepusht, ja. Geht's Krass. Hast du ey. das Mount direkt gekauft? Ja, Ja, cool. Welches hast du gekauft? Welche Wenn Farbe? man so schnell ist. den weißen gestreiften. Ah, der ist cool. Ja. Man kann sich da eine Farbe aussuchen? Ja. Ja, ja. Dann will ich das unbedingt sehen von Jonsmann, Jen. Jonsmann, brauchst du das Item, was ich dir gewhispert habe? Mein Gott, warte mal ganz kurz. Das ist ja insane. Ja. Warte mal. Hier ist ein Ja. Elite. Irgendwo ist wieder der Der Elite, Schreit, ne? da ist hier irgendwo, ja. Ich sehe ihn aber jetzt Mal ganz nicht. kurz vergleichen. Ich auch nicht. Oh mein Gott, das ist insane, Jen. Wirklich? Ja. Ich habe das am letzten 17 Tag kurz... Beweglichkeit ist unfassbar krass. 6 Ausdauer auch. Kurz bevor ich 40 erreicht habe, habe ich das gedroppt bekommen bei Random Mobs. Und da dachte ich, das ist bestimmt was für Jonsmann. Oh mein Gott. Ich kann dir gerne auch irgendwas dafür geben. Aber das Ich ist brauche nichts, insane. ich brauche das nicht. Ich gebe dir das. Oh mein Gott, das nehme ich voll gerne. Ich habe so ein richtig krasses eigentlich bekommen nach ja. Deadmines. Nach der Quest bekommt man ein Wie richtig nice gutes. es ist. Aber, also meins hat 11 Beweglichkeit, deins hat 17, was nochmal viel krasser ist. Ja. Plus die 6 Ausdauer und auch 20 mehr Rüstung. Also Ja. das ist, da würde ich mich sehr drüber freuen, muss ich sagen. Na, aber Ich na eigentlich klar, noch ist ein Item reserviert auf für der dich. Bank für mich? Gibt's irgendwas? Mega gut. Ich habe auch vorgestern einen Run gemacht. Ah, ne, haben wir den zusammen gemacht? Stimmt. Mit dem Dolch? Ah, nee, stimmt, da warst du nicht mehr dabei. Aber wir haben ja diesen einen Run gemacht. Mhm. Da habe ich meinen Dolch ja bekommen. Waffe Den glaube ich ich unbedingt nicht. da drin haben wollte vom Ja, Kral. geil. Mhm. Richtig geil. Ah, das hat geklingelt irgendwie, aber irgendwie. Na. Ringe Okay, auch was macht nicht ihr ganz. gerade? Ich verfolge dich mal. Gemeinsam durch Desolés rennen. Questen. Ah, die Soleils. Da hast du schon gequestet, oder? Da habe ich noch nicht alles fertig tatsächlich. Da kann Okay. ich noch mitkommen. Ja, Dann nice. komme ich mal rüber. Komm mal rüber. Geil. Oh, ey, ich fühle mich richtig ausgeglichen. Ich habe jetzt richtig Bock, ey. Nice. Geil. Wir sind jetzt auch alle einmal gestorben. So, haben wir alle den Tod weg. Schön. Jetzt werden wir alle nicht mehr sterben. Ganz genau. Kann man hier unten auch verkaufen? Ach, da hinten, okay. Wir können dich auch einfach porten, ne? Jen? Ach, stimmt, ja. Hallo? Ah, ich glaube, sie hat mich gerade nicht gehört. AFK oder so, ne? Jen. Ja. Wir können dich porten. Können wir mich auch porten, wenn ich gerade im Flug bin? Ja? Ja. Okay. Mhm. Geil. Muss nur in die Gruppe. Yeah, invite, please. Mögen eure Reisen sicher sein. Und Caro, hast du das neue Make-up schon probiert? Ja, heute. Ich finde das echt gut. Ja? Ich glaube, es ist ein bisschen zu dunkel für meinen Hautton. Ich hätte, glaube ich, das hellere holen sollen. Das Problem hatte ich auch gehabt. Ich habe mir eins zu dunkel geholt. Heute ist mein helleres angekommen und es ist richtig geil. Oh, shit. Okay, dann muss ich mal sogar Ja. das hellere bestellen. Ja, Also es ist ja, nicht ich hab so mir auch schlecht, aber Ja, ja. also am Anfang dann sah es siehst du echt krass Ränder aus, aber dann, als es ein Ja. bisschen eingewirkt war, dann ging es halt. Aber Ja, genau.
Ich glaube, ich muss mir auch das andere bestellen. Mir hat ja auch dann danach so jemand geschrieben auf Instagram, das war richtig nett, so eine richtig lange Nachricht von anderen Produkten von derselben Firma. Sie meinte halt, also wenn mir das gefällt, die Firma, dann soll ich halt das und das noch probieren. Und vielleicht wollte ich sowieso das noch bestellen. Ja, geil. Ja, ich habe mir noch die Glow-Tropfen von dem bestellt. Oh, nice. Das mischst du noch mal damit und dann glänzt du richtig schön im Gesicht. Nice. Könnt ihr aufs Portal für Jen klicken? Oh, ja, kann man. Ja, sie meinte auch, also die haben irgendwelche so Self-Tanning-Drops irgendwie. Ja. Das wollte ich vielleicht mal probieren, jetzt im Winter, ist ganz nice. Und dann meintest du noch irgendwas für die Lippen, für trockene Lippen, weil ich habe immer richtig trockene Lippen, vor allem im Winter. Ja, ich auch. Und Ja, da so hatten die was Peeling-Kram. Gutes. Ja. Habe ich mir auch jetzt bestellt. Ich habe nice. hab heute mein Päckchen bekommen. Nice. Voll süchtig, ey. Oh geil, kann ich was Ich abgeben? muss noch mal kurz verkaufen. Oh, das hast du. Hier gab's gar keine Muriel. Folgequest, Okay, danke ne? schön. Ja, ich habe mich Oder voll doch? gefreut. Ich dachte so, nice, noch mehr Produkte zum Testen. Dankeschön dafür. Frage, macht man Dankeschön. sich nicht extra Puder drauf, um nicht zu glänzen? Warum dann extra Öl zum Glänzen? Nein, also mittlerweile, wenn du so viel Puder drauf machst, dann sieht das einfach so crumblig aus. Das willst du nicht. Du willst eigentlich einen richtig schönen, natürlichen Glow haben. Also eigentlich wollen wir glänzen. Also nicht so Schwitze glänzen, sondern so Glass Skin. Ach, egal, Leute. Das Ja, das ist aber schon ein Unterschied. Ja, Aber es ich ist auch ein weiß- Unterschied. Ja, aber ich weiß dann nie genau, weil ich habe jetzt so eine ölige Haut dann auf meiner Stirn teilweise und da möchte ich nicht, das möchte ich nicht haben. Ja, genau. Und dann weiß ich Ja, es nicht, soll nicht wo so ich das ölig dann, aussehen. Ja, dann mache ich halt Puder auf meine Stirn dann und das glowy Ding halt auf die Wangen oder so. Ja, genau. Aber wir müssen Brötchen dazu holen. Warte. Ja. Habt ihr es together? Also ja, ich lade dich ein. Yeah. Geil. Oh, hab ich jetzt Bock, ey. Endlich können wir jetzt zusammen hier was machen, Junge. Ja. Yippie. Wollt ihr dann ganz unten im Süden, da gibt es 2 Quests. Einmal die Scharlachroten-Pfad-Ding da, also für die Kloster. Und daneben halt diese Ohren von den Zentauren. Das für Kloster ist so crazy schwer gewesen. Echt? Bröki ist mir random über den Weg gelaufen. Und dann musste ich einmal so Geisterorbs machen und 30 von den Skeletten töten. Ja, genau. Das war Wir sind ja so zu 5. krass. Ja. Er hat AOE-Mage gemacht und ich habe ihn die ganze Zeit gehealt. Er hat 6, 7 Stück auf einmal. Das war krank. Das ist absolut krank. Wir sind einmal fast gestorben, aber es war geil. Hier ist auch noch eine Quest auf dem Weg. Knochensammler. Danke. Geht's da? Oh, geil, oh, danke. Zack. Boah. Boah, Alter, sieht aber auch ein bisschen aus wie Berghain. Also man sieht es nicht an meinem Körper, aber wo du mir gerade getradet hast, sieht ein bisschen aus wie Berghain oder KitKat. Oh mein Gott, du bist schnell mit deinem Mount. Alter, wie cool! Oh mein Gott, das ist so unfassbar cool. Was? Ich bin da so hyped drauf, ne? Ich will das eigentlich morgen schon erreichen. Ich hab schon überlegt, oh, kann ich Holz vielleicht sogar 37 werden? Ja, vielleicht. Nee. 37 schaffst du locker. Ich habe heute mit 33 Ende angefangen. Bin jetzt aber schon wieder ein halb. Krass. 35,5. Aber Das ich ist habe voll auch krass. ich hatte noch den Buff von letzten Mal und den habe ich krass genutzt. Mhm. Und später, wenn der Buff kommt, dann würde ich auch nochmal 1-2 Stunden einfach ein paar Mobs killen. Weil da mache ich locker Ja. in der Zeit Ja. so 50k Genau. Dings. Also in 2 Stunden würde ich 50, 60k, glaube ich, an Es XP gibt machen. Und das eine ist halt richtig ein einen extra Level. richtig geilen Level-Spot. Chat, wo waren das mit diesen dicken Schildkröten? Chat weiß es War das bei gleich. 1000 Nadeln? Nee, die waren Level, ich glaube 37 oder so. Oder doch 37. Die haben so gut EP gegeben und die waren nicht guck mir gerade noch in Habt ihr Düstermarsch. rechts das Ey, Nagora, Ausrufezeichen komm mal gesehen? Also? Komm mal. Düstermarsch. Geh mal auf den Weg wegen der Patrol. Achso, wegen dem. Ja, ich verstehe. Habt ihr das Ausrufezeichen links gesehen? Das haben wir geholt, ja. Da ist noch eins.
Ah ja, Leitwache, das muss ich noch holen. Welches? Nee, das suchen Hab ich wir. verpennt. Das ist von der Patrol. Ja, genau. Ah ja. Also der rennt den Weg entlang und wir wissen nicht, wo der ist. Düstermarsch kann man also gut. Aber Ja, welches, direkt weißt du noch, in- welches Level Danke, die waren? Jen. Ich glaube 38 oder so, aber übel entspannt. Wie gesagt, da ist halt nichts Aggro gewesen. Das ist Ja, wie okay. ja, also das ballert 3 wirklich. mehr, das gibt dann locker gerne mal auch so nicht dann so 100 Ja. oder 150, sondern Ja, so ja. 200 XP. Ja. Das ist direkt du landest und dann gehst du kurz runter ins Wasser, da sind die direkt. Das war so chillig. Aber ich weiß gar nicht, wo das ist hier. Boah, ich war A2 habe ich, okay. Shit, geil. Ist das hier auf dem Planeten? Nee, Planeten. Oder? Bei Terramore. Okay, also der Typ, der Protpaller spielt, Wie war der Name nochmal? der hat halt auch Ey ein Leute, paar... ich war so viel alleine unterwegs. Ich weiß auch nicht, ich war überall. Ich war so verloren. Weiß nicht, ob ich hier war so reinskillen verloren. soll. Precision. Aber es hat mich gestärkt. Oder ob ich Vergeltung soll zuerst. Düstermarsch, das ist doch... Shit, ich weiß nicht. Nicht das Ich hier. glaube, ich sollte vielleicht trotzdem wirklich zuerst Marschen von Dust Hier Dweller ist das doch reinskillen. bestimmt, oder? für Aggro. Ja. Ja, lass mal hier reinskillen. Egal. Aber alles ein bisschen machen. Und da bei dem Wasser, okay. Mhm. Mach das, wenn du nichts zu tun hast. Voll geil. Okay. Da unten ist auch noch irgendeine Quest. Wollt ihr da runter zur Quest? Kodo Ja, lass wir zusammentreten? einmal rumlaufen. Vielleicht Okay. kommt der Mob. Okay. Ah, stimmt, das ist ja eine Aufgabe Ah, hier. perfekt. Check. Das ist er doch, oder nicht? Ja. Ist es das? Ist Glaub es schon. das? Ja, eigentlich schon. Die Aber ich besten glaube, Angebote. Oh ja, genau. Die gehen nie. Ich habe schon seit Tagen versucht, die zu dingseln. geht die nicht. Nee, ich weiß nicht, wann. Die kann ich irgendwie nicht annehmen. Oh, ich habe ein Geschäft für Vielleicht euch. kann man die nicht auf dem Weg annehmen, sondern muss sie jetzt halt dann irgendwo aufhalten oder so. Chat, wie funktioniert die Quest? Was du noch nie machen? Hm. Nur am Endpunkt annehmen. Okay. Ja, ja. Ja, der ist Aber komplett da- auf dem Rückweg. Darauf muss man warten. Ah. Okay. Oh. Die startet oben beim Marker, aber der Marker ist hier unten. Wo ist denn dann der? Oder meinst du hier? Achso, Das da oben könnte ist man auch am einer. Endpunkt annehmen. Ja. Lenny, danke schön für den Prime. Vielen Dank. Willkommen, willkommen. Hoi, grüß dir. Na, heute muss ja wieder wie mehr Dialekt reden. Heute redet ich zu viel Hochdeutsch. Ich muss mindestens 2 Stunden am Tag insgesamt Dialekt reden, sonst Ich hoffe, da oben kann ist ich der noch nicht mehr Endpunkt. Dialekt reden. Jesus, das ist wichtig. Ja, das Problem Ich ist, kenne wenn aber der Leute, die andere Seite. was Dann- ein genau, dann kannst du da auch Innsbrucker nichts Zeug sind annehmen. oder Österreich generell Also das, oder Wien ich oder probier das so. wirklich schon seit Tagen. Und sie haben, kennst du gar nicht mehr Südtiroler Dialekt Meinst du, wir sollen reden. ignorieren? Und weil ich eben zurückkomme Bitte einmal vom probieren. Studium, für über Weihnachten oder so, dann reden die eben schon voller, Macht also für dich Wiener Kloster noch Dialekt Sinn, oder Jen? Innsbrucker Dialekt. Wir haben überlegt, die ersten Deswegen muss ich 2 mindestens Kloster zweimal am Tag, abzumachen. Ja, oder insgesamt Mehr können 2 wir Stunden am wahrscheinlich Tag nicht mit unserem Level. Dialekt aber reden jeden Tag, was wir ich würden schon ja, lerne, das 33, glaube ich, geht auch überhaupt noch nicht. nicht so. passt das auch mit der Aufteilung? Wer In gibt's der Inni dann Quests auf Volkszug, uns? dann bist du im Wegen Dialektflow, Riesen- ja. Wir bekommen welche, oder? Im ersten Teil. Meinst der Friedhof? Ja, Friedhof und Bib. Ich glaube, wir kriegen mit dir kaum Also ich Infos. habe gelernt, man macht Die Gruppe sucht Kloster immer einen nur für die Geleit Boss-EP. durch das Gebiet Monox Coven. Die laufen geben dann die von GP. oben oder unten Ja, okay. bis kurz vor das Gebiet und schreien dann, dass sie einen Helden Geleit brauchen. Endlich bin ich nicht mehr so Anfänger. Oh, Warte mal, was? Sucht hab immer jeden einen Tag Geleit Kloster durch das geballert, Gebiet jeden Tag. Monorox Coven. Also da unten. Und macht Kloster Spaß. oben. Also dann kann die Quest hier oben gar nicht angenommen werden, oder wie?
Also nur da unten. Aber Kloster macht eigentlich auch Spaß, oder nicht? Okay. Ja, ja. Ich warte immer, da gibt's so einen Hundetrainer. Ich will diese scheiß Hundepfeife haben. Es sind 2 Quests. Ja, hier der eine sagt eben, ja stimmt, einer Wir sagt träumen schon vom Kloster. Ja, das stimmt. Leibwache zu mieten und der andere sagt Gisseltons Karawane. Das sind echt 2 Quests anscheinend. Interessant, okay. So, jetzt bin ich gleich mal gespannt. Wir müssen an verschiedenen Punkten irgendwo gucken, wo wir drauf klicken Nee, aber es können. sind die eben nicht, da ist Dass wir eine nicht an den gleichen Ausrufezeichen und da Punkten sind sie jetzt nicht stehen Ich geblieben. sag's geht nicht. Also dieses Ausrufezeichen, da ist ja einfach vorbeigelaufen jetzt. Vielleicht hat jemand im Chat noch eine gute Idee, irgendwas? Nee, ich Vielleicht sag's muss geht man- nicht. Ich sag, es geht, ich believe. Nee. Könnt ihr schon mal gucken, ob wir es anklicken können. Also mein Chat meint, dass es gibt 2 Quests, nicht nur eine. Mhm. Und eine passiert immer unten bei diesen Manorox Coven, oder wie das heißt. Und da kann man die annehmen, also da Ja. schreien die dann irgendwie, dass sie Hilfe brauchen und dann muss man die annehmen. Oh, jetzt geht's irgendwas hier. Ja, kannst du shoppen. was ihr braucht. Also, Das war's aber. hm. Und die glaubt mir, ich bin Veteran. Nee, das geht nicht. Ganz viele Kochkunstrezepte, die kaufe ich alle. Wo könnt ihr denn kaufen? Mit denen hier. Bei diesem kleinen Roboter hier. Beim Kaufotron. Ah. Hallo Kaufotron. Wofür ist denn der Farbstoff? Kann man da irgendwas machen? Nee, ne? Die Kleidung, oder? Oh, mein Das Gott, Schneider, das Heiltränke so, ja. sich noch hier. Die nehme ich mit. Ich habe immer Das zu sind wenig. normale oder? Begleiterquests. Ja, aber was heißt normale Begleiterquests? Oh, danke. Wir können die halt nicht annehmen. Thank Ob you. das jetzt hier nicht Ach, für geht. Schneider. Ja, dann vielleicht doch unten. Hast du es unten auch schon getried, Jen? Head. Ja. Okay. Kann jemand mal AOE-Schaden auf die machen? Ja, anscheinend warten die jetzt hier 20 Minuten ungefähr und laufen dann wieder los. Mhm. Oh Gott. Ja, dann lass mal weiterlaufen, oder? Ja, lass weiterlaufen Ja. und dann gucken. Wir können ja jetzt Vielleicht. gucken, also 45 oder so waren die hier, oder? Dann um 5 nach 4 laufen die los und dann können wir ja nochmal gucken. Ob wir die finden. Wo möchtest du denn jetzt hin? Zu unten rechts der Quest? Siehst du die genau unter uns? Das ist Meet Scrabble Screw. Codezusammentrieb. Ich glaube schon, ja. Lass die mal annehmen. Und daneben ist auch eine Quest. 2 sogar. Wir können unten die Kill-Quest auch machen. Die sind zwar 37, 38, aber am Ende Egal. sind wir halt 5 Leute. Ja, die Und will wir ich haben auch auch machen, aber Jen ich jetzt würde halt auf dem dabei. Weg die 2 annehmen, weil da ist noch eine Quest. Ja, auf Das sind ja jeden 3 Fall. Ja, insgesamt. Ja, alle 3 da. Und da müssen wir auch irgendwas nur einsammeln. Ja, genau. Irgendwie Knochenbrücken, glaube ich. Knochen, aber das sind einsammeln, da müssen wir nichts killen. Ja. Ich finde das Wort entschleunigend irgendwie so interessant. Ich habe das vorher nie so gehört. Das sagt man halt im Dialekt nicht bei uns. Entschleunigend. Und dann habe ich das jetzt ein paar Mal hintereinander schon gehört. In letzter Zeit. Irgendwie ist, das Wort macht schon Sinn. Aber das Wort gibt es jetzt irgendwie zum Beispiel auf Englisch nicht, oder? Entschleunigend. Das Wort gibt es irgendwie nicht, oder? Das ist so krass, wie du hier rumspringen kannst. Das ist voll chillig, ey. Ist das crazy. Ich bin so langsam die ganze Zeit, wirklich. Ich freue mich endlich was zu haben. Das macht doch Spaß. Geil. Okay, lass mal da runter. Decelerating, ja, das könnte man sagen, das stimmt. Something is Was ist denn decelerating. Magiestoff? Ich habe das noch gar nicht. Ja, Das kriegst habe du ich einmal später. gesehen. Du bist halt auch niemand irgendwie. Na, ihr müsst die vom Friedhof rüberholen. Ja? Da sind noch mal welche. Kommt bald wieder.
Okay. Müssen wir das jeden alle einzeln. einzeln Ja, machen? jeden Okay. einzeln. Ja, ja. Aber zählt das dann für uns alle? Also wenn wir alle einen mitnehmen, geht das dann? Das ist eine gute Frage. Probiert es direkt mit ihm hier vorne. Sehr nice. Rettet den alten Kodo. Ich rette ihn. Komm mit, mein Freund. Ja, stimmt, Zähmen ist jetzt, ne? Ja, komm mal mit. Okay. Gucken wir, was du für uns Und alle wenn das jetzt geht, zählt, dann das können wär wir alle geil. 4 eins nehmen. Weil Jen hat die Quest ja schon gemacht, oder? Ja. Ja, und dann sind wir eh fertig. Da oben ist so ein Stern, also maybe. Denk dran, du musst dein Kodo gleich rechts klicken. Jetzt Okay. hin klicken. Ah. Ja, zählt Hat für alle. Ja, gezählt. gezählt, 1 Nice. von 5. Perfekt. Dann nimmt jeder einen, da rennen wir zusammen zu. Ja. Aber vielleicht müssen wir trotzdem relativ nah in der Nähe sein, so. Ja, wir warten auf die anderen, bevor wir die rechts klicken. Perfekt. Gab es hier nicht irgendwo eine Höhle? Ich kann mich irgendwie... Also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich hier mal 38 ist schon. gequestet habe. Wie hast du überhaupt gezählt? Lila. Wie hast du das gemacht? Also du hast so ein Item im Inventar. Kodo Combobulator. Und du klickst den an und drückst das. Genau. Ich hol den gealterten Kondor hier mal. Oh, hier ist Totenkopf. Aufpassen. Und wo dann? Ah, das ist Rexa. Hier läuft, Ich glaube, der macht nichts. hier läuft PvP-Rexa lang. Ich würde den hier Okay. nehmen. Ich bin Okay. fast in ihn reingelaufen. Ich wollte ihn gerade kämpfen. Oh lol. Alter. Ich glaube, der macht nichts. Es kam keine PvP-Warnung, nix. Ah, okay, wenn man die lootet, die Todesköpfe, da spawnen so Kodos raus. Ach, der macht nichts, der Rexer, oder was? Ja, anscheinend nicht. Der hier ist Bait Ich gewesen. helf dir. Anscheinend, weiß ich nicht, ob ich einen anscheinend traue. Sind wir jetzt beieinander oder sind wir jetzt alle verteilt wegen Ich hab 10? noch keinen. Wartet Zehn einfach beim kannst du, Abgeben. 10 könnt ihr getrennt. Nur zusammen. Ach so. Okay, ich helfe Nagura gerade über diesem großen hier gerade. Ja, lass zuerst irgendwie alle zähmen und dann kommen wir nochmal zurück für die Loot-Quest, weil das spawnt ja immer so ein Map raus anscheinend. Mhm. Dann zähle ich Ja. den jetzt hier. Mhm. Ich hol den gealterten Kodo. Okay, hab einen. Ich habe auch Wo einen. seid ihr denn? Hier ist noch Da hinten seid ihr. ein Sterbender. Kriegst du es hin, Gucci? Der scheint ja doch etwas hoch zu sein. So, den nehme ich jetzt hier. Mhm. Okay, dann haben wir alle. Oh, Digga, bei mir wackelt es. Bildschirm. Auch ultimativ viel Zeit gespart, wenn das jetzt klappt. Ja. Alter, Junge. wie geil. Ganze Karawane hier. Mhm. Von hinten sehen die so komisch aus, die sich bewegen. Links, rechts, links, rechts. Okay, jetzt müsst ihr den ansprechen, So. glaube ich. Ein Kodo. Warte, ich muss gucken, welcher meiner ist. Wo ist denn meiner? 4 von 5 steht bei mir. Ja. Sprich 4 einfach von alle 5. an. Ich habe alle angesprochen, Jetzt. aber. Ah, jetzt. Schön. Nice. Also abgeben. Sauber. Sehr geil.
Was liegt an? Schöne Schultern. Schön, dass ich helfen konnte. Nice. Die sind echt sexy. Richtig gut. Sorry, ihr habt die Aufgabe noch nicht angenommen. Hey, Hier Sivan. Thank you so much for 28 months. I appreciate that so much. Hardcore event is nothing for me, but you deserve all the hype and big viewership. Hope it continues. Thank you so much, Sivan. It is so nice of you. I'm sorry that you don't enjoy the Korean content and probably also don't understand the Wir müssen language. diese Erscheinung machen, oder? I'm sorry about that, but I hope you're doing well. And thank you so much for still subscribing and supporting me. That means a lot to me. Thank you so much. Du warst für Sven Makro, ja. Wollt ihr vielleicht zuerst rübergehen, die andere Quest annehmen? Vielleicht muss man da auch irgendwie was machen hier. Hast du die auch schon gemacht, Jen? Ich habe ja alles gemacht, ja. Okay. Jetzt brauchen wir Knochen, ne? Ja. Ich dachte, Jen kann jetzt ordentlich mitquesten hier. Nee, noch nicht. Das ist aber voll okay. Aber die zählen nicht gemeinsam, glaube ich. Nee, muss ein einzeln looten. Redet mit mir. Achso, ihr macht doch was anderes. Bleibt gut drauf. Ja, wir wollen nur die Sorry. Quest hier annehmen, weil kann ja sein, dass das dann irgendwie gleichzeitig geht. Ja, check. Ist smart. Mhm. Lichter. Oh, ich glaube, die Quest ist grau für mich. Ach so, okay. Ja, ich habe 1,5 Balken bis 34. Okay, das ist eh die Quest irgendwo anders, die ist Grau für dich. unten. Grau, das ist eine 39er-Quest. Ja, also, sie kann sie noch nicht annehmen. Ah. Check, was ist das denn überhaupt für eine Quest hier? Bringe Ja, ich glaube, 8, das ist irgendwo anders. Geisterplasma. Aha. Geisterplasma. Ja, Geisterplasma musst du da unten so ein Gerät platzieren und dann kommen da ganz viele. Ah, da wo die Untoten sind und so, oder? Für die... Genau. Ah, okay. Du musst direkt auch in dieses, und das ist genau das, was ich mit Bröki hatte, du musst in diesen krassen Bereich, wo diese untoten Akro-Viecher sind und da musst du das Gerät setzen und da kommen noch mehr Mobs rein. Okay. Das ist schon crazy gewesen, also wirklich. Oh. Da habe ich mal 20 Minuten nicht geatmet. Erstmal hier den Froschen zuwinken, ne? Weil das Frosche hier. Weg mit dir. Jawohl. Boah, das Kitten ist Black ja und gerade Dwarf, auf dem danke Run schön auch. für den Start. Also, Vielen Dank. können wir die Willkommen, respawnen schnell? willkommen. Ansonsten ist hier ein bisschen eine tote Nummer, oder? Ja, nicht so viele. Sind jetzt nicht weniger, aber wenn wir hier plus noch andere die ganze Zeit, aber glaube ich schon. Ach, guck mal. Ach, hier spawnt immer. Ah, hier spawnt immer einer, oder? Ja, genau. Also wenn du das klickst, dann ist nicht spawnt ein normal. Mob draus, ja. Aber kriegt den 38er überhaupt hier alleine hin? Ja, machst du besser, weil wir helfen dir Auf nicht. jeden Fall. Ist dein Mob. Ich habe gerade zwei geholt und da kam keiner raus. Schon wie, ey, ist Treasure Trader. Was ist. Ey, Twitch ist komplett Da bin ich schnell genug random, ne? Heute Morgen angefangen zu streamen, Golden Kappa Train. Irgendwie nach 10 Minuten. Erst war ich war noch halb am Schlafen. Und jetzt so ein random Treasure Train schon wieder. Aber wir haben schon viele eingesammelt. Ich glaube, Twitch ist einfach so überfordert, weil ich viel mehr Viewer habe als sonst. Und jetzt denkt Twitch halt die ganze Zeit, dass hier irgendwie Aber wenn er jetzt was ganz rauskommt oder Krasses nicht? passiert. Twitch denkt, ich habe hier jeden Tag einen Goldhain-Rave oder so. Und deswegen macht Twitch die ganze Zeit irgendwelche Treasure-Trains. Ja, der kommt nicht immer. Oh Deswegen, Mann, ich hab zwei Dankeschön, geöffnet, beim Leute, die dritten ganzen kam er Subs. erst. Willkommen an Weakness, Deswegen war ich so verwundert, dass er Santushi kam. und Marquise. Naja. Dankeschön. Willkommen alle.
Boah, Geht 6 doch recht, Stück. also geht doch schneller hier als gedacht, finde ich. Ja, also wenn du so anguckst, wie viele Viewer ich vor dem Event hatte und jetzt, dann... Also wenn ich der Algorithmus wäre, dann wäre ich Muss auch aber immer verwirrt. so Wenn ein ich der Aas- Twitch-Algorithmus wäre. Schrecken vorher killen. Dann würde ich auch erstmal denken, was ist denn hier los? Nico, Dankeschön für die 35 Monate. Dankeschön, danke. Thank you so much, Nico. How are you doing? Wie geht's? Krasses Gameplay halt, ja, ist schon echt krass hier. Ey, Klassik-Questen mit 5 Leuten ist hier nah am Limit. Spielen noch mit Milchbaum? Ich weiß gar nicht, ob Milchbaum überhaupt noch spielt. Ich habe es irgendwie nur einmal oder zweimal gesehen. Und danach irgendwie gar Kannst nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie noch spielt. Ramona, danke schön für die 5 Stars. Vielen Dank. Nee? Also, ich... Also ich hab gedacht, du hast mich nicht gehört. Ich dachte, wir wechseln uns ab und du stehst da und ich dachte mir so, okay, dann, oh, jetzt ist einer gespawnt. Papa. Boah, keine Dots drauf. Der will... Ja, bei mir fehlt auch. Mir fehlt auch irgendwie wieder alles. steht die ganze Zeit. Ja. Frechheit. Echt frech. Keine Sorge, Leute, ich bin für euch da. Oh, geil. Ah, hier ist noch einer. Nice, hol ihn dir. Ich hol ihn mir. Hol ihn dir. Gucci, Jungs, bei ihr alles gut bei euch? Ist einer gespawnt? Kann man mir kurz helfen? Ja. Mhm. Ich hol mir den noch hier. Dann komme ich. Okay. Ja, der widersteht die ganze Zeit. Ist ein bisschen risky. Warum will Der der Messi denn macht nicht? das schon. Ich würde Friss doch einmal, mal. genau, Jen, danke dir. Vielen Dank. Na klar, kein Problem. Danke nochmal, Ich muss Ramona immer so einen und Aasgeier Nadina, killen, danke bevor für die den bewachen Prime. die Vielen Dank. Na, Willkommen Dann würde ich so auf an. Alpha Wer ist denn hier wenn dann neu? mal einer spawnt von denen, ist nicht so... Willkommen an Kein Meister Problem. Kiwi, Access Wow. Oni, Schulz, Volleycoach und Azuros TV. Dankeschön. Willkommen alle. Und danke sagen, wenn ihr es abgegiftet bekommen habt, ne? Den holst du Gucci, ne? Ja. Ist hier noch irgendwo? Walter Frosch ist jetzt schon cool, die Ficker. Mann, ich vermisse schon meine Walter Frosch-Stimme ein bisschen. Es war schon... Es hatte was. Ich könnte halt so richtig schön reinflamen als Walter Frosch. Es war schon richtig Guck nice. mal. Hast du, Das Kitten. Dankeschön. Nagora, ihr seid vorbeigelaufen. Links. Also, Ich guck mal, ob dann wieder Eis hat ein ein... Lost Kitten, glaube ich. Hier sind auch mal welche wieder gespawnt. ja. Achso, kann auch für andere... Also, Aber ich nehme den jetzt einfach. ja, ich dachte, wir waren beide gemeint, deswegen habe ich... Ja, Weiß also, ich, naja, Lost Kitten. also da war halt einer, aber ihr seid beide vorbeigelaufen, deswegen habe ich euch beide erwähnt. Ah, da kommt einer raus. Anubis, Ich will mitziehen. Dankeschön. Danke. Warte, mal gucken, wer hier alles neu ist. Ich kann ihn auch looten. Ich loot hier noch ein. Also, hat mich unterbrochen. Schade. Hesse, danke nochmal für die 5 Subgifts und Anubis auch Dankeschön. Warte mal, gucken wir hier das Neues. Anubis hat 5 Subs gegiftet an Kid Karus, Atlam, Evolved Within, Muyu und Muck. Dankeschön, willkommen Warum alle. sind die so unsichtbar? Und dann haben wir noch ich glaube, ich kann die mit Aus. Bär, wahrscheinlich Kobinostra, oder? Xorothos, Das sind nur Geister. Prata und Invidus. Geister. Da hinten ist Dankeschön. noch einer. Ihr geht an die Köpfe Willkommen alle. der toten Kodos und dann kommen die Geister erscheinen. Walking Guck mal, Dead, das ist ein Dankeschön für den Friedhof. Prime. The Walking Dead. Ah. I see what you did there. Und Ohne der bei mir Remo, so. Dankeschön für die 3 Monate in Advance. Dankeschön. Vielen Dank. Ist schon durch. Ich bin auch nicht schön. Wie brauche ich denn eigentlich noch Ich hier? springe auf den Berg. Hier ist einer. Okay, komm mal. Mhm. Dann nimm du Jons, Mann. Mhm. Okay, Nagura und ich brauchen nur noch einen und Ich nehme Lost den hier Kitten daneben. noch 4. Hm. Jonesy, was machst du eigentlich
Wenn du jetzt nicht WoW Classic spielst? Also was streamst du sonst? Ich mache IRL-Streams tatsächlich. Okay, nur IRL oder machst du auch andere Sachen? Aktuell, also die letzten 1,5 Jahre nur IRL tatsächlich. Okay, cool. Aber ich will jetzt am PC Stuff machen, deswegen habe ich auch das Projekt ein bisschen als Anlass genommen, mal damit zu starten. Okay. Hier oben ist Warum noch einer. möchtest du switchen? Also weil du Bock hast oder ist dir will IRL einfach immer ein bisschen beides zu gerne viel? machen. Ah, okay, ja. Du kannst mit IRL nicht so viele Streams machen. Ja, ich habe auch ein bisschen IRL Du kannst angefangen jeden und Tag das ist irgendwas echt stressig. Cooles- Also das Ja, ist ja, du echt... kannst nicht jeden Tag irgendwas Cooles machen. Ja, weißt du, das du musst halt echt Ideen schwierig haben. am Und PC das, schon eher. ja, das stimmt, ja. Dann will Du ich kannst lieber nicht 3 jeden Tag geile am PC IRL-Streams was in der Cooles Woche machen. Das kannst du halt machen, das stimmt. Deswegen 3 IRL-Streams so in der Woche und 2 am PC oder auch nochmal 3 am PC und so. Hier sind noch Okay. 2. Das wäre richtig geil. Ja. 3 sogar. Oh ja. Vielen Dank schön für die 5 Subgifts. Genau, und jetzt. Oh, jetzt hört kam auch auf, ihr seid viel zu nett. Ein Zombie-Game raus, wo man so ein Mann, danke Kontrolleur schön. ist, so ein Grenzkontrolleur. Willkommen so ein an neues, 50 kam vor 2 Fails, Tagen raus, das sieht Erorium, richtig cool aus. Reno Auf Corral, sowas hab ich Neo dann und halt immer Apollon. Bock. Oder halt so ein Dankeschön. Gruppen-Gen Danke hat mich für jetzt auch den ganz viele Spielegruppen Level immer 6 Treasure eingeladen. Train hier. Das war Dankeschön. Richtig geil. Ich habe gestern geguckt. Und Ich hab- auf sowas habe ich halt unfassbar Bock, weil ich Ich habe, angefangen glaube ich, in den eigentlich letzten mit 14 Tagen PC mehr Streams. gestreamt als in den letzten 3 Monaten oder so. Ich hatte halt nie Leute, mit denen ich Zusammengezählt. irgendwas Cooles machen konnte oder so. Weil es auch so viel Spaß macht, ne? Das ist echt Ich habe krass. diesen Monat auch Also wieder. das Ich hab Event diesen aber auch Monat wegen 2 euch. IRL-Streams, aber Also wirklich die jetzt. sind nicht von mir gehostet. Ich möchte ja Das nicht ist so immer nett sehr sein zu entspannt. euch, weil, Geil. Oder? ne? Ich will Das nicht, dass immer am ihr entspanntesten, überheblich wenn die werdet Leute mich hier, fragen, ihr ey, kommst Ficker. du mit IRL? Ich Aber- sag, okay, aber ich will sag, will macht halt schon nicht viel der Spaß mit Initiator. euch. Ich will nicht, dass Ist ihr auch ganz schön halt. cool. Meistens. Du willst nicht, dass er die Aber halt- jetzt war es auch mit Ja, ich Komplimenten. will. Ist mir auch egal, ob es nicht auf meinem Kanal läuft. Ich will einfach nicht. Ich laufe einfach mit. Checke. Dankeschön. Ich wollte jetzt auch Moloko Plus, mit Dankeschön Juni für und Prime. so, bald nochmal Dankeschön. rodeln gehen in der Willkommen, Zeit. willkommen. Da wollte ich dich eh nochmal Ich fragen. muss auch mal irgendwo rein, Prime. Ey, voll gern. Was habe ich denn in meinem Prime? Voll Wer hat denn gern. coole Emotes? Wer hat Ich coole hab, Emotes? Jen? Ich bin so Wahrscheinlich so surprised. Gucci? Warum? Jonsmann oder Lost kennst du Kitten? Coxic? Wo muss ich rein sein Ja. für Emotes? Sie hat mich gefragt, ob ich mache mit ihr diesen Monat IRL. Ja. Oh, wie, danke für die 5 Subs. Ich finde die übel lustig. Und das war so. Ja, die Ich halt ist gefragt, sie super, meinte, ey, super ich fun. Willkommen an da, Alfredi, wollen wir zusammen was machen? Ich Nachtseele. so, Alter, Lieber auf jeden Kiss, Fall, No Kappa Junge. und Indigo Sin, Dankeschön. Wie geil, hä? Ja, Warte, wer hat dich gefragt? Coxic. Oh, kenne ich wahrscheinlich nicht, oder? Nee, die ist aus. Hast du das mit Hugo mitbekommen? Ja, zu Hugo Nee, gedatet? sie kennt hier gar keinen. Sie Nee, kennt ich hier kenne gar keinen. niemanden. Aber ist Okay, es ein okay. Streamer oder Nee, irgendwas wer meint. anders Ja, Social ja, Media ja. irgendwie? Also schon Twitch, okay. Eine Ja. englischsprachige Streamerin. Okay. Ja, Aber aus. nicht nur eigentlich. Weiß nicht wo. Ich vergesse mal woher. Schweden oder so. Ah, cool. Echt cool. Und was macht ihr dann? Wir kennen uns halt nicht und wir machen das halt auf Englisch. Ja. Ich habe ihr vorgeschlagen, ich habe gesagt, lass uns Blind Dates IRL machen. Okay, wie cool ist das? Ich führe sie dann zu ein paar Places aus und ja. Nice. Okay, das ist cool. Wie gut. Ja. Hä, aber voll geil. Nee, mega cool. Nice. Genau. Und ich mache da noch ein paar Sachen, Jen, dass wir auch noch ein bisschen Jelly IRL Time, machen, hab ich Dankeschön für den Prime. Ja, Dankeschön. bitte. Bock. Du hast mich ein bisschen in dieses Gaming Obi Senior, danke für die 5 Subs. IRL Vielen Ja. Aber es dauert Willkommen halt an jetzt halt noch ein bisschen, Alfredi weil Nachtseele, hab ich schon Ja, gesagt. Ne? Leberkäse, No sowieso. Kappa, okay, ja, habe ich schon Das gesagt. ist halt Ja. wieder ein bisschen geileres Wetter werden. Außer Rodeln. Ja, Ja. Rodeln ist aber cool. Und Skifahren. Ja, Rodeln ist richtig cool. Wir waren Ja. richtig in den Harz und so und dann... Ja, bin schon oft Ja. rodeln gegangen im Stream und das finden die Leute auch richtig cool immer, finde ich. Geil. Rodeln habe ich glaube ich noch nicht. Nur Skifahren. Ja, Skifahren auch. Was ist denn Oh, die Rot? kann ich öffnen. Mit Schlittenfahren? dem Schlitten fahren. Ah, okay. Nein, die Fertigkeiten sind so niedrig. Ja, ich habe mir jetzt eine neue GoPro geholt und so Sachen für den Helm, weil ich fahre jetzt mit Asta in 3 Wochen Skifahren für eine Woche. Ja. Aber ich glaube IRL, also IRL-Stream
Das Ding ist, mit IRL-Stream habe ich das Gefühl, machen wir uns sonst immer so den Urlaub kaputt, weil dann geht die Technik nicht und das funktioniert nicht. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Hatte ich auch man mal. muss auf das achten, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also ich kann dir auf jeden Fall gern helfen, das IRL-Stream. einzustellen, aber Alter. das Ding ist halt, also ich kann dir echt gern helfen, aber es ist halt, wenn du das selber nicht alles total hundertprozentig verstehst, dann hast du halt irgendein Problem und kannst es dann nicht lösen und dann ist es ultra anstrengend. Ja, ich weiß, du könntest zum Beispiel von der GoPro, ich glaube, es gibt die App. Da kannst du auf dem alles über RTMP... Moblin machen. Ja, Moblin auf jeden Fall. Ach so, mit der GoPro auf Moblin drauf, oder? Genau, Ja. du kannst die GoPro richtig easy in Moblin einbinden. Moblin ist so 10 von 10. Ja, Als ich ja, geswitcht wirklich. habe, das war so Also- goat einfach. Ja. Nein, ich lasse mich hier zu nichts überreden. Nee, Aber wenn die in der lieber Nähe mal seid, dann kann ich ja so. kurz vorbeikommen und dann kann ich ja IRL streamen und euch das auch schicken auf euren Twitch. So eine bist du also. Mhm. Nee, also, wisst ihr, was ich meine? Also ich Ja, kann das ist das so Feed, also kann man ja multistreamen auf irgendwie mehrere Ja. Channels, so Du theoretisch. kennst den Ort nicht mal. Nee, kenn ich Ja. echt nicht. Er ist bestimmt in der Nähe, ne? Er ist bestimmt 30 Minuten weg. Ja, bestimmt in der Nähe, ja. Vielleicht bin ich dann ganz zufällig Wohin da. du So, wolltest. hallo. Ich war auch in der Nähe, hier am Hi Skifahren. Leute, ich bin jetzt doch hier. Achso, Kommen die da mit ihren Skiern an? Oh, Mann. Gerade voll Private. Ey, na? Aber nee, wenn ich in den Urlaub fahre mit David, dann mache ich auch eigentlich nie IRL-Stream. Ich finde das immer so ein bisschen... Wir haben das einmal probiert, Ja. aber das war nicht gut. Ja. Da dachte ich im Nachhinein so, nee, mache ich nicht mehr. Wollt ihr... Ah, ihr wollt hier unten die Kill-Quest machen, oder? Nee, wo laufen wir lang? Ja, können wir schon. Ich denke, das... Haben wir noch eine Und unten Kill-Quest, links die ist hier auch noch noch Drop? Die ganz Ausrufezeichen, unten. ne? Auch noch. Ganz links. unten. Ja, die ist auch Welches denn dem nur? scharlachroten Pfad. Drop. Glaube ich. Auf dem Kann nur scharlachroten Dankeschön für die 5 Pfad, Subgifts. Vielen 39. Dank. Willkommen an Simon Phoenix, Wie heißt die Quest? der Scharlachroter Spinfrog, Pfad? Marco Vorhell, Stimmt, Dings, UP hier, und Tiva. Lost Kitty Danke. Habe ich nicht. Haben wir auch gar nicht War Ja, das eben, es die ist schon was graue oder anderes. wie? Also die nicht graue, also in Anführungsstrichen. Nee, die ich nicht ist schon annehme? seit Anfang an da, tatsächlich. Dann war die wahrscheinlich da auch schon, weil ich habe hier keine, die ich annehmen kann. Da steht, du bist nicht qualifiziert. Also denke ich mal, du musst Level 34 sein. Bist du das Okay, gleich? ich brauche nicht mal oder? mehr einen Balken. Okay, ja, dann brauch so können wir ein- die teilen dann. Okay, perfekt. Dann lass doch schon mal Ich da habe ein paar killen und dann 91%. killen wir halt Ja. ein paar mehr. Ja. Bringt ja auch Level. XP. Neben Urlaub, also wirklich, wenn man direkt im Urlaub ist, dann halt Real-Life-Stream. Das finde ich schon irgendwie... Also im Urlaub solltest du schon irgendwie dann auch die Zeit dafür verwenden, mit den Leuten, mit denen du halt im Urlaub bist, dann halt echt zu chillen und dann... Ist halt auch je nachdem, weil das alles Streamer sind, ist was anderes vielleicht. Also wenn du jetzt mit ganz vielen Streamern in Urlaub fährst, dann Ich glaube, sind die ehrlich Streamer das gesagt, wenn vielleicht so mein Char gewöhnt. jetzt stirbt, fange ich nicht nochmal neu an. Echt jetzt? Ja, ich habe gestern und auch heute, aber ich glaube, ich tendiere mehr zu einem, ich würde nicht nochmal anfangen. Ja. Oh. Ja. Aber die LAN. Es ist bei mir leider auch langsam so. Ja, aber ich bin ehrlich, also ich glaube, ich wäre ab jetzt langsam raus. Nee, Chat, das hat nichts mit schwach zu tun. Das hat absolut nichts mit schwach zu tun. Ich muss halt dran denken, ich muss halt noch ganz viele andere Sachen machen. Ja. Stehen bald noch ein paar mehr Projekte an. Das ist nichts mit schwach, aber das geht Real einfach Life nicht mehr. leidet. Ja. Ja, voll. ist halt echt ein großer Zeitaufwand, ne? Also es ist schon wirklich Extrem. krass, wie viel Zeit man Ja. investieren muss. Ja. Also Leute, ich muss einmal, ich fahre bald ins Tierheim, ich habe das Tierheim-Projekt, ich habe mein Studio, mein Stream-Studio-Projekt, dann habe ich bald das GTA-RP-Projekt. Also das sind jetzt mittlerweile so viele Sachen, habe ich noch normale Placements bald wieder, Lobbys, das wird irgendwann echt viel. Oh, die Hunde sind da 38. Aber... Lass tryen, oder? Schaffen wir. Jawohl. Ich habe gar nicht mehr meine Gifte auf den Schwertern. Schon richtig lange nicht. Es gibt anscheinend irgendein Add-on, das kannst du dir runterladen. Ja, aber Prisoner, aber da ist leider das
wenn ich keine Gifte habe, das ist halt so richtig fett in der Mitte dann da und geht halt auch leider nicht weg. Das ist halt ein bisschen Okay. nervig, wenn ich halt keine besitze und dann muss ich extra das Add-on dann ausmachen. Oder mitten im Fight wird es halt auch zu deutlich in der Mitte angezeigt. Ich verstehe, okay. Das wird nicht nur so ein bisschen so eine kleine Info, weißt du, das wäre halt geil. Aber es ist halt... Ich lade es nochmal runter und gucke, ob ich es irgendwie verschieben kann, aber ich habe es eigentlich schon mal probiert. Ansonsten kann man bestimmt eine Weakere Poisoner. machen, die genau dasselbe macht. Die du dann halt einstellen kannst, wie du möchtest. Bestimmt. Maybe. Danke für den Das wird so richtig fett hier Treasure angezeigt. Train. Dankeschön. Wir haben Level 8 geschafft mit 42 Subgifts und 100 Bits. Dankeschön. Danke. Das irgendwie verschieben. Dankeschön. Oh, heute mache ich viele Schritte. Wie viele habe ich schon? 9300. Let's go. 15.000 machen wir, oder? Wir brauchen noch Level Up für Lost Kitten. Dann können wir hier die Quests für sie auch teilen. Gut, dass sie hier Untote sind. Kann ich endlich Exorzismus benutzen. Nice. Ah ja, das ja, stimmt hier. Machen wir. Aber nicht, Ja, ihr müsst dann können wir die mitmachen. Quest ja teilen, stimmt. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass sie dann gleich hochlaufen muss. Die andere eben nicht. Also die Ja, andere mit, anzunehmen. mit der Kiste da. Aber gucken wir, können wir ja nochmal runterlaufen dann. Achso, ja, stimmt, die können wir nicht teilen. Aber die Käse ja schon mal. Ja. Irgendwann kann man sich in so ein Skelett verwandeln, oder? Habe ich gesehen, ein paar 60er. Achso, Ein paar ja, 50er mit sind so Noggenfrogger, wie ich rumgerannt. sehe. Ja. Sieht man dann immer so aus? Nö, für 10 Minuten, glaube ich. Naja, das ist Oder unfassbar bist du cool. tot? Und was? Ah, das ist egal, den Hardcore. War doch, was ich gesagt habe. Ja, hier müsst ihr dieses Geister-Ding dann hinstellen. Okay, ja. Ach, sollen wir einfach hier hinstellen? Am besten hier dann so. In die Ecke. Oh, der ist Level 40. Komm mal hier hin. Alter. Komm. Helf mir Aber mal die mit kommen rein. weiter. Müssen das die- haben wir oh gesehen, Gott. dass Nagura jetzt nicht hier alleine. Alles gut, die sind alle Zwei. Genau. gelb. Ja, aber die werden aggro, sobald die das Ding berührt haben. Ja. Lass zuerst aber die Mobs hier töten. Ja, Können wir dann zur Wand laufen? haben wir recht gut Hat er jetzt noch einen wegbekommen. Mob? Hier geht aber Da einfach ist noch rot. einer, der runterkommt. Lass sie einfach. Das ist so, Geht einfach weg. ja, aber weggehen. Okay, ich komme zu euch. Kann man die einzeln pullen oder alle? Ja. Okay, egal, lass einfach alle machen. Achso, ist auch eine Loot-Quest hier, okay. Ja. Wenn Mana Pause brauchst, sagte. Es spawnen ja ganz viele. Ja. Crazy. Und der nächste. Digga, die wird immer direkt der nächste Respawn. Aber die geben auch extrem wenig XP. Obwohl die so hoch sind. Nur weil die solche Geister sind, solche Erscheinungen? Nee, liegt an Jen und mir. Weil wir zu 15 wahrscheinlich einfach, oder? Zu fünft und Jen und ich haben deutlich höheres Level. Ja. Ah. Ja, dann lohnt sich das doch gerade gar nicht hier, oder? Wenn Lost Also wir Kitten brauchen- eigentlich noch ein paar Level braucht. Also wir brauchen die für die Quest, die
Achso, wir checken. Wir brauchen das eh. Check. Ja. Also ich habe jetzt noch nicht ganz die Hälfte von einem Balken, von dem letzten Balken. Das sind dann diese... Check. Das sind dann diese Geisterplasma hier, oder? Genau. Ah, okay, die Leute, also die geben weniger EP, weil man die halt mit diesem Questing spawnen kann. Dass man hier nicht unendlich dann farmen könnte. Jetzt könnte ja ein Mage hier hinkommen und die dann für immer quasi farmen. Sollen wir dann vielleicht oben diese eine, da vielleicht ein paar Mobs killen vorher? Also wir müssen das halt sowieso machen, weil, also die Quest können wir mit denen nicht teilen. Genau, wenn ich jetzt noch die Hälfte von meinem einen Balken habe, dann bin ich, glaube ich, soweit. Ja, also Oder? die Quest können wir nicht teilen, auch wenn du das Level hast, weil man ein Item braucht dafür. Also die Ach kann so. ist aber nicht teilbar, Das die ist eine Quest. Loot-Quest. Wir können dir dann Okay. die Kill-Quest, aber das sind andere, die wir dann killen müssen, die können wir dann... Genau, die können wir Okay, dann dann habe ich teilen. das missverstanden. Ich dachte, das ist hier Kill- und Loot-Quest, deswegen. Okay, checke. Nee, ich glaube nicht, dass man die Items traden kann. Das sind Quest-Items. Müssen dann halt nochmal runterkommen später. Und vielleicht skippen wir das auch einfach, also wenn es keine Folgequest davon gibt, dann vielleicht lohnt sich das auch gar nicht, dass sie das dann noch macht. Wenn es eine Folgequest gibt, dann schon. Aber gucken wir dann. Also Jen ist ne? Wir müssen aufpassen. Mhm. Was ist mit Jen? Wir kein Mana mehr. Brauch mal kurz. Ja, ich brauche mal Mana. Dieses Ding hier, ey. Müsste mal wieder zum Lehrer. Ich war da ganz lange nicht mehr. Welches Reich willst du? Zum Lehrer, zum Klassenlehrer. Ach so. Ja, das lohnt sich. Hat sich vorhin mir auch gelohnt. Ich vergesse das immer, obwohl das so Ja. wichtig ist, weil du so deine Main Attack manchmal so besser machen kannst. Ja, ich vergesse es auch ständig. Okay, ich habe alle. Okay, nice. Wir haben, glaube ich, alle, oder? Ja, wir drei zumindest. Okay. Jetzt Mobs Ja. killen, ne? Bis die Level abgeht. Ja, wie viel Level braucht Lost Kitten noch? Aber Also wie gesagt, nicht mal mehr einen Balken. Okay, jetzt müsstest du wieder mehr XP bekommen. Guck mal, ja, guck mal. 70. Das heißt gleich. Gleich solltest du voll sein, dann können wir es mit dir. Das ist jetzt 40, ne? Aufpassen. Nur so. Mhm. Jetzt habe ich mir dieses Poisoner wieder runtergeladen. Jetzt ist dieses fette Overlay da von diesem Gift da, weil ich nur noch 8 Schläge anscheinend habe. Ach so. Aber es ist so halb durchsichtig, aber es ist trotzdem halt da und also. Ich weiß nicht, kann man das verschieben? Ich glaube, ich brauche Hilfe hier.
oder? Nico, Dankeschön für die 9 Monate. Dankeschön. Geht. Vielen, vielen, vielen Dank. Geht? Sicher? Ja. Ich Wir glaube sind da. Wir sind da. Der Respawn hat Ich habe mich gerade im WoW eingeloggt und kann den Geburtstagsserver Thunderstrike nicht mehr finden. Da sind 2 Chats von mir drauf. Ich muss kurz das Add-on ausmachen. Oder es gibt eine Alternative zu Poison. Ich weiß gar nicht, was für ein Server das ist. Ist das ein... Ach so, warte mal. Die wurden halt Hast du gepatcht. Victor's drauf? TBC. Ich glaube nicht. Das ist einfach ein ganz normaler Classic-Server gewesen. Also ist jetzt TBC dann. Zumindest wüsste ich nicht, dass ich habe. Also du musst jetzt auf TBC umschalten. Okay. Ja, doch, Weak Auras. Ja, habe ich. Und ihr bestimmt irgendeine Weak Aura gleich raussuchen. Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn. Dann Und kannst was du die macht das rumschieben. dann? Schreibt das dann in den Chat oder was macht das? Nee, Noch nie das benutzt. ist eine Weak Aura ist, wie soll man das beschreiben? Ah, Wie Weakhouse, mit da Buff kannst du oben ganz... rechts zum Beispiel. Ja, genau. An der Stelle hinschieben, wo du willst. Okay. Ja, kann ich ja später mal einstellen. Sind wir gerade diese Runde gelaufen? Da lohnt sich Linde, dass du erzählt. Da ist gerade kurz vor Crash Out. Ja, ich kann das leider nicht entscheiden mit den Swings. Ich folge einfach Nagura. Ja. Hatten die eigentlich beim letzten Gilden-Meeting irgendwas erwähnt wegen Twinks und so für die Level 60er? Ja, die haben heute dazu was gesagt, also mit Tashi. Ja. Ach, heute? Ich glaube, die dürfen jetzt. Okay. Ich finde ja, Oh, wenn die das finde ich Twinks irgendwie sterben, nicht müssen die 60er auch sterben. Also mit Tashi meinte heute Morgen, glaube ich, die kriegen irgendwie einen eigenen Channel noch. Das gilt dann auch nur für Leute, die wirklich lange 60 sind und gutes Gear schon haben. Mhm. Und die müssen es noch mit End of Blood absprechen, bevor es offiziell wird. Ich würde halt Ja, echt Ich so finde machen. es irgendwie cooler, wenn man seinen eigenen, also seinen einzigen Charakter da hat. Irgendwie, weiß nicht. Ich würde es Ja, halt aber so du- machen, dass, also wenn der 60er dann einen zweiten Char hat, um den anderen Leuten halt zu helfen. Aber wenn er mit dem 60er stirbt, dann sollten sie auch die Twinks löschen, finde ich. Ja, Ja. das machen die bestimmt irgendwie. Aber die haben, Mitashi hat schon eine schlaue Sache gesagt. Zum Beispiel, wie heißt der, Sieglinde hat Ja. schon so gutes Gear, die können den jetzt nicht zwingen, weil der kann eigentlich keinen Leuten mehr helfen. Ein paar Wochen jetzt nur noch zu angeln. Weil sein Gear ist schon fast Previs. Ja, Nichts das, mehr machen. wenn die gar nichts mehr machen Das können, ist ist nur schon noch eine scheiße. Strafe, weil der 60 ist. Naja, das ist schon. Aber weil blöd. Nagura, wie Nagura schon gesagt hat, also dass man den Twink dann nicht als zweiten Charakter nutzen kann. Ja, sondern genau. ein Twink ist wirklich nur dafür für helfen, Ja. für aushelfen. Ich würde da jetzt, also Ja, sonst könnte man ja Backup machen. Stell dir vor, dein Main stirbt und dein Ult ist 47, dann kannst du einfach weitermachen mit dem 47er. ja genau. Ach, die machen das schon. Hier sind bei mir welche respawned. Nice. Es sind ja nicht so viele von diesen Mobs hier. Nee, weil hier auch zwei andere sind, die gerade wegfarmen. Aber wir haben schon ein Drittel, das passt eigentlich. Wir müssen dann halt noch ein bisschen mehr killen, wenn Lost Kitten dann die Aufgabe hat. Ja. Ich habe schon überlegt, ob wir kurz hochlaufen zu diesem Sammelding, wo diese Taschen sind und da vielleicht ein paar killen schnell. Oder wir gehen schnell aus Weil der dann Gruppe geht das. raus und hitten für dich an. Ah, das geht auch, ja. Ja, Dann gehen wir aus der Gruppe raus, Ronja, und dann. aber hittest sie du muss dann zuerst. mindestens 60% doch hitten, oder? Ja. Ja, ich hitte halt hier easy. fast gar nichts gefühlt. Ach so. Ja, Ja, die die sind sind. ein bisschen zu low, um Die können Orange nur bis eine rot. Quest 30er zu abgeben. hitten. Ah, nee. Quest hatten wir Sogar auch ich nicht hitte fertig vieles gesehen, ne? nicht. Die Quests können wir noch nicht abgeben, ne. Was ist denn so schlimm an dem Twink? Ich check die Regel nicht. Hilft doch nur der Gildisch nachher mit genug Mann im Raid zu stehen, dann weg zu haben. Ja, sie sollen halt keinen Vorteil davon haben, dass sie jetzt schon 60 sind und dann irgendwie Backup-Chars haben. Also, dann hat dann ist der Tod halt nicht so dramatisch für die. Weil wenn ich nur einen Maraudon 60er sieht habe ja und sterbe, nach dann ist mein Char halt unfassbar weg. krassen
Instanz Aber wenn aus. jemand, der einen 60er hat und noch einen Der zweiten Name sieht 50er, sehr mächtig aus, keine Ahnung. dann ist der 60er weg und Dem dann hab haben die ich noch einen Respekt. 50er und loggen einfach da drauf und sind halt gleich wieder oben. Es geht halt darum, dass man jetzt nicht irgendwie 3 Backup-Chars haben Wie soll. viele P brauchst du noch genau? Damit gucke kurz. dieser Char der 60 ist, damit. Ähm, Weil das ist halt der Grund an Hardcore. Oder die ganze Idee an Hardcore ist ja, dass 3400. du alles in diesen einen Char steckst, die ganze Zeit und alles. Ich geh mal Und aus wenn der der weg Gruppe ist, der raus. weg. Und nicht, dass du dann noch irgendwie 3 Backup-Chars gar nicht hast, so die wenig, dann glaub bereit ich. wären. Nee, das ist noch eine ganze Quest oder. Also darum geht's halt. Hast du hier noch eine Quest, die du erledigen kannst? Was geht? Also nur die Sammelquest gerade hier. Die Tauren, oder? Muss man darüber. Da. Ich würde sagen, dann die machen, die abgeben und dann sollte sie Level Up sein, oder? Ja. Wenn wir das schaffen. Zu viel. 40er Eule, bei der bräuchte ich mal Hilfe. Also Jen, du bist aus Gruppe und ich krieg gleich viele P. Ich glaube, das ändert fast gar nichts. Echt, ja? Ja, ja. Na gut, dann lade mich wieder ein. Ja. Oder schnell ins Kloster und dann Das können wir auch hier machen. weitermachen. Theoretisch können wir das machen. Ja. Damit Also, bestraft man halt ja. trotzdem die 60er. Aber das hat nichts mit Bestrafen zu tun. Also wenn du. Hä? Nee, also sie dürfen ja Swings machen, Aber mir ist egal. So, wenn sie die halt nur zum Helfen benutzen. Und was heißt die bestrafen? Wo wäre denn Also, Kloster? was bringt die denn ein Twink? in der Nähe von Tieresfall. Also, du musst ja auch mal überlegen, was dir das dann bringt. Das bringt dir jetzt theoretisch keinen Vorteil, einen Twink zu haben. Außer halt als Backup. Und ganz oben. ihr müsst halt immer verstehen, dass die Leute, die jetzt 60er haben, die meisten von denen, sind einfach erfahrene Spieler, die halt Klassik-Erfahrung haben und so weiter. Und die halt einfach. Ja, und wenn die halt irgendwie 2 Backup-Chars haben und ein anderer, der halt neu ist, nicht, das ist halt dann irgendwie. Das ist halt das Unfaire dran. Also deswegen finde ich schon, dass sie einen Twink haben sollten. Also, dass sie das erlauben, das finde ich schon gut. Aber ich finde halt, wie gesagt, sie sollen dann halt eben den Twink löschen, wenn ihr 60er halt stirbt. Weil dann können sie halt entscheiden, ob sie das trotzdem machen wollen oder nicht. Und wenn schon, wenn sie echt einfach nur spielen wollen, dann finde ich es sehr gut. Weil wenn sie einfach nur helfen wollen und zocken wollen, okay, klar. Ich finde, wir sollten in Zweier-Squads eben die Ohren sammeln. Ich glaube, das geht am schnellsten. Aber dann finde ich halt Dass trotzdem, die dass wenn Quest sie dann mit dem 60er sterben, sollen die einfach den anderen auch. Okay. Ja, 2 und 3. Aber Jen, du brauchst sie gar nicht mehr, oder? Was genau? Die Ohren hier? Ich auch Brauchst du nicht. nicht, Deshalb. oder? Das macht Lost Kitten mit uns, dass sie alleine looten kann. Und ihr beide. Und Natura und ich. Ja, Achso, ja, können wir machen. Ja, Ja, können wir machen. dann gib mal Jen ein Lied oder mir. Dann sollten wir aber Dings auch anmachen, wenn wir uns so ein bisschen trennen. Hier. Teilten Loot. Jeder für jeden. Müsste Da muss Jen machen. Agura und Lost, Blodsman noch raus. Ja. Ach stimmt, wir können auch einfach eine andere Gruppe machen. Obwohl auf Nummer sicher ist wahrscheinlich trotzdem gut zu sehen. Er muss noch rausgehen, Jones. Ja, einige sagen, okay, dann wird das nichts mit dem Level 60er Raid, Ich aber warum will denn nicht? keinen Die Leute, die jetzt bekommen. 60 sind, warum sollten die dann jetzt sterben? Also, die sind ja schon 60. Ich denke, wenn wir Kloster machen und dann später Und danach noch ein Aufgaben zweites 60er zusammen. wird uns ja nichts bringen für Molten Core. Ja, Ich weiß ja nicht, ob du Arati Hochland schon hast. Und wenn also sie sterben mit dem zum Beispiel 60er, auch dann noch haben was, sie halt, dann sind sie halt glaub ich, auf unserem gestorben. Level machen Also, müssen. Lost, siehst du auf der Map, wo die noch überall dann sind? soll das aber halt auch. Ja, hier so um den Sumpf herum, hier überall. Also, ich verstehe die hier Entscheidung so- schon und ich finde das, also ich finde das nicht schlecht. Hier und weiter oben auch. Also Dann lass wir da- mal noch weiter oben gehen.
Okay. Man braucht Farmer, sonst wird das nichts mit Raid. Aber warum? Wie meinst du das? Klar wird das zum Raid. Man braucht halt... Klar, man muss schon... also ich kann ja auch mit dir einen 60er farmen, theoretisch. Sammel ein, oder kannst du nicht? Hab ich schon. Warte, dann... Wir plündern als Gruppe. Jeder gegen jeden so. Ah ja. Hast das Silber gar nicht mitgenommen gehabt. Also wenn es ums Farmen geht, ist doch egal, ob die jetzt mit den 60er farmen oder mit dem Twink oder wie meinst du jetzt? Ja, das? schnell, die sind ja schnell Aber man down. braucht generell nicht so viel für Molten Core, ne? Also Molten Core ist jetzt nicht so ein krasser Raid, da müsste man irgendwie mit 500 Leuten irgendwie was farmen oder so. Okay, super. Danke Blackhawk, dankeschön. Schönen Tag noch. Ist auch ein 38er Dings dabei, aber... Obwohl... Ja, lass erstmal den hier killen. Ja. Bei den anderen kann ich hier... Klingenwirbel anmachen, dass ich die auch mit kill. Ja, die schaffen wir auch, glaube ich. Denke ich auch. Die Hunde haben echt ein bisschen Leben, ne? Die Mets muss man farmen, ja, aber ich verstehe jetzt nicht, was das mit den Twinks zu tun hat, ganz genau. Aber... Also man muss Mets klar farmen, aber warum... Der hatte warum? 38, da trifft man halt echt wenig, ne? Ja, das stimmt so. Aber warum können sie Mets jetzt besser mit Twinks farmen, statt mit ihren Mains? Also warum braucht man dafür einen Twink? Ich habe das Gefühl, ich sehe die immer so spät. Guck mal, da oben ist auch einer gewesen. Also das hat Mir ja werden jetzt die nichts so mit dem spät mal Twink-Thema zu tun, oder? Das mit dem Mets farmen. Ah, die looten da oben. Check. Okay. Lauderos, Dankeschön für den Prime. Vielen, vielen Dank. Also ich glaube, ein 60er MC ready zu machen, dauert echt überhaupt gar nicht lange. Du machst ein paar Mal die Dungeons. Also ein paar Tage, würde ich sagen. Lass sie wieder tryen, oder? Ah. Der ist ein bisschen Wieder höher. die Donner-Ex. Ist er das? Lass einfach die anderen machen. Ja. Ich glaube, es ist immer nur dieser eine Wolf, der 38 ist. Ja, der hatte jetzt 2 Wölfe, die beide hohes Level hatten. Ah ja, check. Aber ist mir jetzt auch nicht im also auch wenn die das jetzt erlauben würden, dass man die Twinks dann auch als Backup benutzen darf, dann ist das halt so, also ist mir jetzt auch nicht so wichtig, ob Sieglinde und Dahl oder so jetzt irgendwie einen Backup-Char hätten, den sie dann benutzen können. Also für mich wäre das dann halt nicht so das Thema. Für mich würde es mehr Sinn machen, wenn sie das halt dann löschen müssen, aber wenn sie es behalten dürfen, dann dürfen sie es halt behalten. Wie sieht dieser Stützpunkt so gefährlich Dann werde ich kein Drama draus machen oder so. Mir kommt es so vor, als hätte Jen mit euch mitlaufen Warte kurz, sollen. ich muss Gift auf meine Waffen machen. Ja, Einen wunderschönen, darf ich kurz stören? klar, hallo. Wollen Sie... Ich bin wegen Ihnen hier vor, Nagura. Also ja? Ich möchte die Menschenbank leeren. Ja, nice. Hast du Zeit so in den nächsten 10, 15 Minuten oder wie sieht's bei dir aus? Ja, ich kann schon umloggen. Super, super, super. Dann fliege ich nämlich jetzt nach Sturmwind. Und dann würde ich dir den Killerschredder tatsächlich abnehmen. Okay. Ah, ist das geil, ne? Dass so viele Waffen da für einen Krieger krass. drauf liegen, ist insane. Ja, ist schon nice. Die Leute benutzen das halt nicht.
Einer der Ja, das wenigen, frage die ich dann mich. Also kommt. gerade als Krieger, die müssten ja eigentlich Schlange stehen bei dir. Ja, eigentlich schon, ja. Ja, cool. Ich muss auch mal bei meiner Zwergenbank fragen, was es da so für Schurken gibt. Ja. Hast du Kannst du das Add-on? Add-on runterladen? Genau. Nee, habe ich noch nicht. Wie heißt das? Das heißt G-Bank Agora, du? Classic Revived. Genau. Absolut Classic insane, aber Revive. /Bank, ja. Du machst das /Bank dann in den Chat rein und dann siehst du wirklich alles, was in der Bank liegt. Siehst auch die anderen Banken, by the way. Also man kann ja auch bei anderen Banken nochmal anfragen. Ja, ja, klar. Bei mir Ja, geht's aber nicht. das Da ist steht immer Database is empty. Dodi, danke schön Echt? für den Geht's bei dir Prime. nicht? Vielen Dank. Nee. Und Hast du Lol, aber danke dir revived? auch für den Prime. Dankeschön. G-Bank crazy. Classic Oh, Revived? mein Headset hat sich gerade ausge... Genau. Jetzt geht's wieder. Mach mal kurz Reload hier. Ja, Reload ist wichtig. Kann auch sein, Hast dass du du den neu Death Clip starten von musst. Back to Worker Eventuell. gesehen? Nee, ich habe heute noch Und gar dann keine aber Death Clips Slashbang. geguckt. Oder war das von heute? Genau. Wenn sich da jetzt das Fenster noch nicht öffnet, würde ich an deiner Stelle kurz einmal komplett das Spiel neu starten. Ja, würde ich, ja. Vorgestern Abend? Nee, das glaube ich habe ich auch nicht geguckt. Immer Quest. Wollte ich Vorgestern sagen, war ich immer ein bisschen da, früher wenn du weg. sicher bist, ja. Wichtig. Aber das ist schon mal gut zu wissen. Das ist ja sehr geil. Ja. Vielleicht Ja, da gibt's liegen noch so das eine heftig oder geile andere. Sachen rum und ich denke mir, ich denke mir jeden Tag, okay, jetzt bin ich bald soweit vom Levelbereich. Ist es dann schon weg oder nicht? Aber irgendwie bleibt alles da liegen. Ja, die Warte, wer neuen darf sind da nicht ja mit in eh den noch Raid? nicht. Und wie gesagt, also, komm ich nicht mehr, ich hab's auf dem Schirm und spiele Ach so, jeden du Tag meinst das das Dallas Spiel, Siglin und so? Doch, ich glaube weil ich halt auch schon. neu bin und an vieles denken. Glaube ich schon, dass sie mit in den Raid dürfen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich Ich überladen glaube, ist, aber das erste also Mal mit WoW Tashi spielen, hat am Anfang halt das mal Gefühl hätte ich auch gesagt, gerne mal für wieder. ihn wäre es der Traum, wenn der MC-Raid halt Schon nur ganz Neulinge geil. wären. Ja. Also die noch nie WoW gespielt haben. Aber ich glaube, das wird sich einfach nicht ausgehen Wie viele von... Ohren hast du schon, Nagura? Ich habe 4. Und du? 4? Ja. Lol. Krass, ich dachte, du hast schon voll viele, weil du es immer gelootet hast. Nee. Die droppen ja richtig schlecht. Naja. Wir sind hier gleich fertig, falls kommt noch wo. Okay. Ja, also würde wahrscheinlich Sinn machen, weil hier anscheinend sind auch gar nicht so viele. Aber ja, ich glaube, also wenn wirklich alle so erfahrenen Spieler nicht mitspielen dürfen, dann haben wir, glaube ich, nicht genug Leute. Ich glaube nicht, dass wir 40... es ist ja das Ding, es muss ja mehr als 40 sein. Haben wir nochmal ein Ohr dabei? Weil es kann ja sein, dass die 40 Leute, die dann Neulinge sind und Level 60 Der sind. Arme kann sich gar nicht bewegen. Kann ja sein, dass die dann halt nicht die richtigen Klassen und Rollen haben und so weiter. Du brauchst ja bestimmte Anzahl an Tanks und Heilern und Wärmestealern und so. Und Buffs. Also ich glaube nicht, dass man dann genau 40 zusammenkommt, die nur Neulinge sind und dann auch noch ein gutes Setup hat. Das Da war glaube ich dieser nicht. magische Stoff zum ersten Mal. Da habe ich jetzt gerade erstmal Magiestoff. Ja, das fängt hier ein bisschen an zu droppen jetzt langsam. Ist cool. Ja. Alter, wir sind bald High-Level, Leute. Ja. Ja, lass mal zu den anderen mit hoch. Okay. Ich glaube, bei uns respawnen die irgendwie nicht so schnell. Die Karawane habe ich jetzt schon wieder vergessen. Wir wollten ja noch mal gucken dann. Ja, unten. Aber da müssen wir noch ein bisschen laufen. Ja. Aber wir müssen da eh noch mal links, um das eine Fragezeichen abzugeben für die Geisterplasma. Ja. Und da ist noch ein Ausrufezeichen. Siehst du das? In dem Weg drin? Ja, das ist die Karawane eben auch. Also das ist dieselbe Quest von den... In der Seid ihr Patrouillierung. Desolé ist unterwegs? Ja. Ja. Wunderschön. Soll ich Ich habe umloggen? immer so Bist du Angst, wenn bereit? dieser Rexa da langläuft, ne, dass man PvP gefleckt wird, aber ich Ja. glaube, das ist nicht so, ne? Ja, ich glaube auch, dass er nichts macht. Ich habe vor dem auch Ja, das immer trau mich Angst. auch Der nicht. ist so... Der ist so nah an einem irgendwie. Nicht so wie andere. Die bleiben immer Ja, der mal läuft auch Level einfach sehen. lang, der ist Aber einfach der Boss von Desolé. Ja, ja. Level 40 bin ich. Was für Berufe habt ihr? Hab alle. Lost Kid und Jack. Ingi habe ich und Bergbau. Beide?
Nee, Ja, das ist Jen das hat, andere glaub Ding. Also ich glaube, Kräuterkunde, dass viele Leute, die Mhm, Neulinge ich hab sind Kräuterkunde. oder generell nicht Achso, so das GW wäre mir die spielen, Kiste gegeben, wa? dass die dann auch aufhören werden, wenn sie jetzt 40, 50 sterben oder so, weil es ist halt einfach Nicht der Schurke. richtig Ich zeitintensiv. geb's dir Digga, wieder. Also auch für Leute, die erfahren sind, aber vor allem für Neulinge dauert das halt ewig. ja, Ne? ich selber genau. Und die haben ja auch anderes zu tun. Die haben ja anderes zu tun im richtigen Leben, aber auch mit ihren Streamplänen und so. Also, klar. Ja, es macht schon Sinn, dass sie dann nicht mehr von vorne anfangen mit Level 40 oder So, 50. Nagura, ready when you are. Okay, dann logge ich gleich um. Wundervoll. Nur, dass man kann es einfach mal weiterfahren, weil wir sind eher beide looten. Ja. Mache ich. Die anderen sind ja eh schon auch durch, oder? Vielleicht können die ja auch noch kurz. Ja, mit- ich gebe ganz. Ah, nee, aber ihr macht Geleitschutz hier, ne? Richtiges Leben, was soll das sein? Grafik ist gut, habe ich gehört, aber Story scheiße. Dann macht das. Ja, aber sollte man bei Könnt so ruhig einem zu Spiel oder John's Event runter. vielleicht auch Alles vorher gut. wissen, slash einplanen? Alles gut. Naja, Ich sammle hier zwischendurch noch ein paar Also- Ohren, und wenn ihr wieder da seid, machen wir bei Nagura auch noch die wenn man Ohren einen voll Monat und für das Event einplant, das können wir unten die Killquest nochmal richtig machen. ist doch okay, oder? Also wenn jetzt jemand sagt, Ich gleich okay, erstmal auf Toilette ich spiele gehen, mit, muss ich schon habe aber einen seit Monat. einer Stunde. Oder einen Monat und eine Woche oder so. Hallo. Kannst mir auch folgen. Dass hier nicht jeder irgendwie 3 Monate dafür einplant, verstehe ich schon. Smart. Schönen Tag auch. Weil wenn man jetzt einen Monat Okay, dabei ist, bis ist schon gleich. trotzdem lang. Also ein Monat ist schon lang. Ich Geil. glaube nicht, dass jeder Streamer irgendwie einen Vertrag unterschreiben muss und sagen muss, hey, du musst das Spiel Uber? jetzt für 3 Monate Ach so. mindestens spielen. Also ich glaube, das ist auch... Soll ich dich Schon einfach okay. inviten, Nagura? Auf dann. Ja, bitte. Oh, ich freue mich so, das ist so ein insanes Upgrade, ne? Wie heißt es nochmal? Wie der Killerschredder. aber das Item? Killerschredder, genau. Okay, habe ich. Mögen die Reisen sicher sein. Optimal. Der Killerschredder. Ja, dann wollen wir hoffen, dass in den nächsten 10 Minuten keine Todesmeldung kommt. Zu confident jetzt. Ich habe beim letzten Mal schon Angst gehabt, weil ich hatte mir ein Item genommen, da war ich glaube ich Level 13 oder so und das war für 15. Hatte ich schon Angst, dass ich dann vorher noch sterbe. Aber da hat man was zum Hinarbeiten. Ah, guck dir das an. Ja, Wunderschön. ich bin auf Level 35 gestorben und habe 2 richtig geile Waffen von Dalukat bekommen auf Level 38. Oh nein. Das war sehr unlucky. Und die hatte ich noch im Inventar und habe dafür gekämpft, die dann Oh. zu können. Das ist wirklich bin heftig ich mit unlucky, denen ja. gestorben, ja. Da war das noch nicht so mit diesen Bank Chars und so. Ich glaube, einige Zuschauer nehmen das Projekt ernster als die meisten Das war Streamer. wirklich sehr schade. Aber ich verstehe das schon teilweise, dass die Leute das so ernst nehmen, Ja, weil, dann darfst du die Legacy nicht zerstören. Der Char muss Irgendwie- überleben bis zum bitteren Ende. Also, obwohl ich selbst Ja. dabei bin und nicht Ich danke dir von zugucke, Herzen, Nagura. Endlich mal. kein Problem. Viel Spaß, wir werden nicht sterben. Ja, ja, auch viel Spaß euch. Ciao. Danke, ciao. Ciao, sie. Also, auch wenn ich beim Molten Core Raid jetzt nicht dabei wäre, würde ich das schon echt gern gucken. Also ich würde schon echt gern das Molten Core Raid sehen, ne? Und auch irgendwie Onyxia und so. Und generell diese LAN, die die Leute eventuell planen würden, wo alle Streamer dann auch da sind. Also das ist irgendwie so guter Content. Junge, von wo Und pullt alle der warten mich? irgendwie darauf. Und ich verstehe, dass die Leute das auch wollen. Der macht ja Dann, aber auch bodenlosen Schaden. dass die Leute darauf warten. So ein Dankeschön bisschen. fürs Herbringen. Und ich glaube, einige Viewer wollen halt so sehr, dass es passiert mit diesem Molten Core Raid. Also ich caste weil sie das auf ja die gucken 0. wollen. Dass sie dann halt teilweise auch ein bisschen mad sind, wenn die Leute nicht mehr weitermachen. Weil ich so, hey, Geil. Kann ich kurz hier die eine spiel gefälligst weiter, wir wollen unterhalten werden, wir wollen den Molten Core Raid sehen. Ihr Ficker! Ganz einen Augenblick. Okay. Der Caster aus der letzten Ecke, ne, hat mich gerade so Wenn man sich für ein Projekt entscheidet, sollte man das auf auch diese durchziehen. entspannten 30% Nee. runtergehauen. Nein, also einfach mal nein. Nö. Nee. Nein. Also Entschuldigung, aber wie viel, was, also sagen wir jetzt stirbt einer irgendwie 4, 5 Mal. Wie lange soll man das Projekt durchziehen? Soll man hier ein halbes Jahr WoW spielen oder was? Also irgendwann ist halt auch mal Ende, ne? Leute haben wie gesagt was anderes zu tun. Und vor allem, du weißt halt vorher nicht genau, wie das für dich funktioniert als Streamer, ne? Also
kann ja sein, dass dir das ja dann auch überhaupt gar nicht gefällt. Und dann das noch durchzuziehen, wenn du dann echt jeden Tag denkst, oh, scheiß Game, scheiß Spiel und überhaupt gar keinen Bock hast. Wir laufen jetzt Richtung... Konntest du jetzt ja noch besser, ne? Ne, deswegen also... Die eine Hier hat Quest keiner habe ich irgendeinen angenommen, Vertrag genau. unterschrieben, dass man hier weitermachen muss oder so. müssen wir Und die jetzt- Leute irgendwie zwingen oder sagen, sie müssen das jetzt machen. Also das ist ja komplett übertrieben. Weißt Erstmal ist du, das ein was Spiel. Und zweitens ist das halt so ein Fun-Event, was geplant wird, wo es... Man wird ja nicht bezahlt dafür oder hat keinen Vertrag unterschrieben. Das ist einfach so ein... Es ist natürlich ein richtig cooles Event. Aber irgendwie zu sagen, dass die Streamer, die dann aufhören oder die dann keinen Bock mehr haben oder generell keine Zeit mehr haben, dass die dann Ja, das mit irgendwie... den Geistern. Musst du Ja, also das einsammeln. ist schon übertrieben, Leute. Also echt. Das Event soll halt schon Spaß machen. Und wenn die Leute keinen Bock mehr haben oder keinen Spaß mehr dran haben oder generell andere Sachen zu tun haben, dann ist es halt so, ne? Ey, wegen euch beide habe ich jetzt auch noch mal Bock auf eine Pizza irgendwie bekommen, ne? Auch wenn es für die Viewer vielleicht nicht Ihr so das cool mal ist, weil ihr das gerne sehen wollt. Aber Verständlich. Auf was Bock bekommen? Eine Pizza. Würde ich sagen, wird Zeit zum Bestellen oder aus dem TK, wenn du hast. Ich glaube, ich muss wohl wie eins gesagt, ich bestellen, will halt weil auch, die dass die später Leute weiterspielen, weil mir macht es ja ultra Bock. Oder so. Und ich spiele echt super gern und ich Frische Luft will auf jeden Fall noch zwischendurch lange spielen und auch Molten Core machen. Und für mich ist es dann auch nicht so cool, wenn andere Leute aufhören. Verrückt. Aber ich werde nie irgendwie jemandem sagen, ja, du musst jetzt weiterspielen oder oh, wie scheiße, wenn du aufhörst. Ne? Das ist halt jedem selbst überlassen, was sie halt machen und was ihnen Spaß macht und so. Aber ja klar, also mir wäre es natürlich schon recht, wenn die anderen halt alle noch weitermachen würden. Umso mehr Leute dabei sind, umso mehr Spaß macht es natürlich auch. Das habe ich schon öfter gehört. Die Leute meinten schon öfter, dass man das Event in normal machen hätte sollen und nicht in Hardcore. Aber also ich finde, dass das Event halt nur so berühmt geworden ist, weil es Hardcore ist. Also ich glaube, wenn das Normal-Klassik gewesen wäre, ohne Hardcore, dann würden alle Streamer nach 2 Tagen aufhören, weil sie keine Viewer haben. Ohne HC fehlt ja komplett der Reiz daran, das zu gucken. Ist nicht komplett, also ich glaube, hätten bestimmt doch ein paar Leute zugeguckt. Also wenn nicht so, als hätten 0 Leute zugeguckt. Aber HC ist echt wichtig für den Content, für die Viewer. Und das Ding ist natürlich, wenn jemand zum ersten Mal WoW streamt, der sonst nie WoW streamt, und dann gibt es nicht mehr diesen Reiz von Hardcore, dann kann es schon sein, dass er erstmal die Hälfte der Viewer hat, die er sonst hat. Und dann spielt er halt auch nicht weiter, weil dann hat er auch keine Lust. Also ich glaube, das HC ist schon echt wichtig. HC ist schon ultra wichtig für das Event. Pass auf da, ja. Ei. Yeah, I agree, Wolvenhand, ja. I agree. Genau, also HC bringt eben die Spannung rein, die ich finde, das Event halt auch braucht. Weil man muss ja echt sagen, dass WoW Classic jetzt nicht das spannendste Spiel der Welt ist, ne? Also, das muss man schon zugeben, dass hier nicht total die Action ist die ganze Zeit. Also ich hau hier seit 4 Stunden irgendwelche Mobs und renne ein bisschen rum, ne? Das ist jetzt nicht, keine Ahnung, das ist jetzt nicht irgendwie CSGO oder League of Legends oder so. Und der große Grund, warum die Leute das halt gerne gucken, ist wegen diesem Reiz, dass die Leute halt immer sterben können. Und natürlich auch den Leuten zuzugucken, wie sie das Spiel das erste Mal spielen, klar. Aber ich glaube, HC ist halt schon wichtig. Damit das halt einfach spannender wird. Aber ich finde auch teilweise für die Streamer selber auch, für die Spieler. Ich muss sagen, Läuft's bei euch mit den Ohren? ich brauche noch 9. Ich habe auch 9. 6 Stück noch. Ich muss sagen, dass ich persönlich Klassik ohne Hardcore wahrscheinlich auch nicht so gut finden würde.
Ich glaube, mir würde das eigentlich nicht so Spaß machen, wenn es Klassik normal wäre. Muss ich sagen. Ich habe es ja schon mal gespielt. Ich habe Klassik, das normale Klassik schon mal gespielt. Aber die droppen auch echt nicht so. Aber geil, damals habe ich es also halt auch es solo geht, gespielt, ohne ein Event und ohne nichts. Und da hatte ich irgendwann einfach keinen Bock die hab mehr. ich jetzt Irgendwie war das angenommen. irgendwann Muss ich so, jetzt hier noch was machen? Bisschen langweilig. Vorher? Aber wie gesagt, Ja. damals hatte ich auch gar keinen. Zum Also Aktivieren, ne? damals habe ich einfach nur solo gespielt, ohne eine check mal Gilde, kurz ohne aus, irgendeinen ob ich Plan, das ohne auch andere hab. Leute. Ja, habe ich. Nice. Das ist dann natürlich auch ein bisschen langweilig. On top of Dann warten wir auf kein den Hardcore Wein, halt noch. Dann machen wir die Quest. Mhm. Weil ich hab, Das stimmt schon, Bist- Kamis. bist Okay, du das fit? stimmt echt. Das stimmt. Also, ich verfehle halt super viel, es glaube ist ich, nicht immer noch. nur das Hardcore, was das Event spannend macht, sondern auch die Ihr Interaktion könnt ja zwischen den sonst 2, Streamern, 3 die man Ohren sonst kurz nie so mitfarmen zusammensieht. und Das danach stimmt. können wir zusammen runtergehen. Klar, klar. Wir müssen da ja eh noch die Skelette fertig machen. Mhm. Oder ihr macht die Ohren auf dem Rückweg, gibt ja eh keine Folgequest. Achso, ja, wenn es keine Folgequest gibt, dann können wir das gerne machen. Können wir das auch machen. Ne, da kommt einfach runter. Sie hat's ja nur schnell gemacht fürs Level Up. Oh, ich habe ein Schneiderrezept gefunden für Zehnertasche. Cool. Keine Ahnung, für mich hat das Event schon, also es sind schon mehrere Sachen, die interessant sind und spannend und nicht nur HC, aber ich glaube trotzdem, dass Wirklich, HC also wichtig ist. Mobs, die schießen können. Leider echt. Nee, gar nicht. Nee. Also, ich hätte nicht mal annähernd damit gerechnet, dass die Leute es Krass, ich habe meinen gerade irgendwie Stream so back to back gern fünfmal gucken hintereinander keine Ohren in bekommen. diesen Events. Also generell, ich dachte ehrlich gesagt, dass ich viel weniger Viewer habe als normal. Dann let's go runter. Und deswegen war ich mir halt nicht ganz so sicher, ob ich aber das Event jetzt hier machen Tote. soll. Ich hätte halt echt Bock auf das Event. Da gibt sogar auch 2, 3, die Aber ich war, auch Ohren das Problem sogar als droppen Streamer ist noch. halt immer, wenn du irgendein Event dann machst und du hast dann echt wenig Viewer, dann irgendwann musst du halt sagen, okay, ich mache jetzt doch was anderes, weil es bringt dir auch nichts, irgendwie was zu spielen oder was zu machen. Oder was du dann einen Monat spielst und du hast dann irgendwie die Hälfte der Viewer nachher und die entfolgen irgendwie 100 Millionen Leute oder so. Das ist dann halt auch scheiße. Also musst du schon ein bisschen, dann musst du schon auf die Viewer gucken als Streamer. Auch wenn du gerade ultra Bock hast auf irgendwas, musst du halt trotzdem auf die Viewer ein bisschen achten. Vor allem, wenn ich dann Deutsch gemacht hätte. Ich hätte das Event ja auf Deutsch gemacht. Oder hab ich ja gemacht. Aber das Ding ist halt, wenn ich dann in Deutsch streame und ich habe die Hälfte der Viewer und meine englischen Viewer entfolgen mir dann alle und niemand guckt mir mehr zu, dann irgendwann müsste ich dann sagen, okay, fuck, ich muss aussteigen, ich muss was anderes machen. Auch wenn ich echt Bock hätte. Aber dann, Gott sei Dank, ist es ja anders gekommen. Gott sei Dank haben die Leute echt ultra nett von Anfang an und auch direkt alle geguckt. Also da hatte ich echt Glück, dass das so gut lief. Wieder in die Gruppe Weil sonst hätte ich halt echt aufhören müssen und das wäre echt schade. Wenn du voll Bock hast auf ein Spiel und auf ein Event oder so und das dann streammäßig dann einfach nicht so gut geht, das ist halt schon schade dann. Du bist so ein bisschen gezwungen bist aufzuhören teilweise. Deswegen bin ich echt froh, dass ihr alle hier seid. Dankeschön, ihr Ficker. Knappers, Dankeschön für Prime, Dankeschön. Okay, wie ist der Zwischenstand? Wir wollen euch in Gruppe einladen und unten weiterquesten. Okay. Genau, wir machen jetzt unten die Kills. Und für Lost Kitten noch die Plasma-Dinger. Mhm. Danach gehen wir hier schnell hoch, machen unsere Ohren fertig. Dann können wir die oben links bei dem Fragezeichen abgeben und dann gibt's... Hol mich hier raus. Guck mal, da oben links ist auch noch eine Ausrufezeichen-Quest. Eskortiert, Melissa, Eskorte, bla bla ja. bla und sprecht anschließend mit Hornis Brimbuzzle. Können wir auch Ich noch weiß gar machen. nicht, das ist glaube ich Meraud und Pre. Ah, okay. Ich mich.
Könnt ihr mich Genau, einladen? und dann sind wir, glaube ich, hier mit Desolace fertig und dann können wir gerne ins Kloster, wenn ihr Bock habt. Ja, nice. Klingt nach Spaß. Yes, Jen müsst ihr euch einladen. Yes. Jen, du hast Achso, lieb. ja, Entschuldigung, natürlich. Hier ist jemand gespawnt hinter uns. Holt mich hier raus, spawnt 4 Ja, Level gut, 40 dem Mobs, wenn ihr die anderen packt, Spawn ist das kein Könnt Problem. ihr den noch nicht. 4 Level 40 Mobs, ja, Riesenskelette, vielleicht. Wegen der Quest. Elite oder normale? Aber der ist auch hier gespawnt, also. Einmal hier. Und einmal. Normal? Ja, die müssen wir schon schaffen zu Niedrig, ja. 5, oder? Du kannst auch, Also wir haben halt- Super, Achso. Dankeschön. Also Jonsmann, Loskid und ich werden halt viel verfehlen dann, Perfekt. weil die 5 Level über uns sind. Aber Gucci ist 37 und Jen 40. Ja, ja, doch. Müsste schon gehen, oder? Ja, Was denkt ihr? Wir werden halt viel verfehlen. Also Loskid, Jonsmann und ich verfehlen dann sicher viel. Die sind auch echt riesig, Aber- die Skelette. Fällt mir jetzt erst auf. Der Ja. ist Zwerg. Wenn ich neben denen stehe. ...174 Leute. Die Süchtlinge. Die Quest da oben, das Eskorte da, das spawnen irgendwie 3 40er. Also nicht Elite, sondern normale 40er. Aber zu 5 Ja. sollen wir das schon schaffen, wenn wir das machen wollen. Ja, denke ich auch. Ich denke auch. Vor allem, wenn Jen ein bisschen uns noch weghielt. Pig-Fan. Ja. Ja, heute mache ich viele Schritte. Ne? Ich dachte, so 15k kann ich schon machen. Spielt es Ich eigentlich glaube, eine Rolle bei Stream Together, lass mal wen man wieder dazu schaut? ran. Würde auch gerne Kitten Und eben supporten. die Kiste aufstellen von dir. Ich glaube schon. Also von den Hier ist noch ein Viewerzahlen Skelett, nicht. das wir uns schnappen können. Also die Viewerzahl, glaube ich, ist dann halt Dann kannst insgesamt du hier immer eine dieselbe. Wand hinstellen oder so. Aber wenn es halt um Werbung geht und so, bekommt der Streamer, wo du dann halt direkt zuguckst, dann das Werbegeld, glaube ich. Also auch wenn du subscribed bist oder halt Wo soll ich sie hinstellen? Ding hast, wie heißt es nochmal? Turbo. Also auch wenn du Turbo hast, glaube ich, zählt dann die Werbung für Genau den, hier den so? du halt dann direkt guckst. Okay. Wappa. Glaube ich. Aufgestellt. Ja, gut. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Man könnte natürlich irgendwie einen zweiten von den Browser Seelen oder so brauchst du jetzt? aufmachen und dann halt mehrere Streams aufmachen oder so, aber Abhängig vom also, 8. das ist Ach dann so. schon ein richtiges Commitment. Stimmt, Ja. du musst ja looten hier. Aber dass du dir... Nach dem die After einzige jetzt, Person ja. bist, Ey, ohne Witz, ich habe so viel Energie. Gestern war es so gut. Oh, ist echt nice. Ich bin wirklich voller neuer Energie. Oh, Jen. Sie zieht dann auch durch. Sie zieht einfach durch. Ich wollte nur noch ein Disco stellen. Das wäre geil gewesen. Oh, was war das? Das war jetzt Ja, alles gut, nicht schlimm. Okay. Du bist in Sicherheit. Okay, ich lag wieder ein. Ich dachte noch, gibt- weil du ich musst stand hier auch so, einsammeln, ne? wo die ganzen Mobs immer spawnen von diesem, Ja, diesem mach ich Ding. gleich. Oh Mann. Ich
Ich log ein, aber kann sein, dass ich aus der Gruppe gekickt werde. Mal gucken. Okay. Sieht gut aus. Hab alle. Du bist hier. Nee, du bist bei uns direkt. Okay, nice. Oh, Ja. mein Dann Herz. das- Ja, wir gut, das dass hier beenden? dass Kann wir in man der das Gruppe jetzt sind. Ja. Oh Mann. Heute der Tag der Disconnects. Ich hab Boah. nur einmal schon bekommen. disconnected, ey. Boah, ich das und war Manuna jetzt. vorhin gleichzeitig disconnected. Oh, ich Oh, schwitze, krass. ich schwitze. Du bist Und ich war fertig, mitten ne? im Fight. Das Ja. Eis, Geht mal weg danke schön für die davon. 2 Alleine. Monate. Sonst Boah. kommt nur Zeit. Boah, ich hatte jetzt gerade ein bisschen Herzinfarkt. Ich muss übrigens gucken. Ich weiß, nächste Woche am 24.01. werde ich wahrscheinlich abends nicht da sein. Da werde ich ins RP zwangsweise müssen. Einmal. Oh. Zwangsweise. Was ist da? Ja, da ist irgendein E-Server-Event. Da will ich einmal drauf gucken, was sie da so machen. Okay, cool. Ja. Ich darf mich nicht verlieren wieder. Und danach geht's aber in WoW rein. Ja. Ja, das Problem ist, es geht immer bis morgens um 5 dort. Dann geht's vorher in WoW rein. Oh, interessant. Tweet Thompson, Ja, Dankeschön für die Einfach gar nicht mehr 340 schlafen. Bits. Dankeschön. Einfach nur noch wach sein. Boah, ich Genau. schwitze gerade so. Boah, ich dachte echt. WoW, weiß nicht, ob- WoW. Und ich Sinn wusste macht, nicht, ob die wenn das wir in gerafft haben, einen dass ich Layer gehen. disconnected bin. Oh, alles Es gut, gibt alles auch gut, Ein alles andere gut. anderes Layer. Fünfer-Team, die halt alle wegholen. Es soll gerade, glaube ich, nur 2 oder 3 Layer geben. Tweet Thompson, Dankeschön für Oder die irre ich mich? 350 Bits auch. Dankeschön. Glaub dem irgendwie Dankeschön. nicht. Also ich glaube Heute nicht, war echt dass schnell Layer mit 1 Level. 289 Echt Leute schnell. hat und Layer 3 201. Wenn wir alleine schon fast 200 sind. In der Gilde. Kann sein, Achso, YouTube-Stream ist offline? Dann würden wir die Hälfte der Spieler gerade ausmachen. Müsste eigentlich. Ah, nee. Doch, ist offline, stimmt. Weil egal über welchen Spieler warte, mach ich von wieder rede, an. bei mir steht alle nur Layer 1, 2, 3. Vorhin gab es nur 2 Layer und ich glaube jetzt 3. Ja, jetzt bei mir steht auch 1, 2, 3 und der zweite ist unknown. Aber trotzdem, ich glaube. Ja, geil, ein Skelett. Nein, das haben wir uns geklaut. Hm. Die sind auch nur hier, die Skelette, ne? Okay, müsste wieder an sein, glaube ich. Ja. Tatsächlich. Ach, mein Herz. Nicht mal viele. Oh Mann. Dafür, dass man davon 30 töten muss, sind das echt wenige. Ich komme gerade aus der Arbeit und schon Hälfte 36. Ja, heute war ich echt schnell. Echt nice. Und jetzt machen wir noch einen Danke auf Dungeon jeden Fall oder fürs 2. Helfen der Quest eben noch mit der Kiste. Klaro. Opa. Geklaut, hab eins. Aus der Hilfe. Boah, aber jetzt setze ich mich hin. ich gar nicht. Das hat zu Ja, viel ich brauche- Aufregung ich weiß nicht, wie gerade. stark so ein Skelett Ach, du bist alleine alleine da ist. hinten. Also Layer-Hopping bringt gerade nichts, ne? Johnsman, es gibt gerade nur 3 Stück. Haben die ja geschrieben, war vorhin einer und das geht automatisch hoch, umso mehr Ja, aber Spieler vielleicht ist ja trotzdem der eine Layer weniger gut besucht hier. Oh, ich habe direkt noch eins. Ja, wir sind bei dir. Warte, wir warten noch. Ich glaube wirklich da vorne hingehen. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. War dann schon mal welche? Ja, da können die auch spawnen, ne? Er ist zu hoch. Na gut. Als Mensch hat man voll das langweilige Reittier, ne? Ein Pferd. Ja, das Pferd ist schon ein bisschen So sch- langweilig, das stimmt. Ja. Ich Ja, hätte so gerne einen geilen Warum ist Raptor. das Pferd langweilig? Ist doch schön. Ein Rapp. Ja, der hat Raptoren. Die Trolle haben einen Raptor. Sieht cool Das aus. ist ja ultra cool. Und es gibt Die einen sind Raid nice. mit Level 60, da kann man auch einen Raptor haben als Allianz. Mhm. Das ist doch einfach richtig Und einen Tiger, ne? rare. Ja, und den Tiger, genau. Ey, haben Ich will die doch. unbedingt Dings sein. Ein Dijon. Ich will unbedingt nächstes Mal. Oh, ich habe schon wieder einen. Der ist 38, da würde ich. Obwohl. Ach, der kann mir gar nichts. Na komm. Oh, jetzt sind aber 2 auf mir, da würde ich doch vielleicht. Muss wieder in den Stream together, Oh, oder? Hilfe, Aus, appreciaten.
weiß ich nicht. Sind die anderen noch drin und ich doch, nicht? Oder sind Lohn. alle Gar raus? kein Ich war die Problem. Anführerin vom Stream Together. Ich weiß nicht, ob jetzt alle raus sind. Sauber. Mega. Alle raus. Oh, ich könnte heute irgendwie, obwohl ich satt bin, den ganzen Tag irgendwas essen. Auf was hast du Das habe ich Bock? auch manchmal. Ich weiß nicht, so irgendwie so ein Buffet hätte ich jetzt gerne, wo du so überall was. Oh, Ja. Oh Mann, ey. Hab ich die ganze Zeit Bock. Ja. Asiatisch all you can eat einfach Oh, mit ja. Sushi und allem drum und dran. Liebe ich. Ja. Oh. Ich hab grad Erdnüsse gegessen. Junge, die haben so viel Kalorien. Aber Pro 100 gute Gramm Fette. 600. Richtig Ja, nice. gute Fette und Ganz gute genau. Proteinquelle, Junge. Ja. Wenn du ins Gym gehst, dann ist super. Ja. Schön reinschieben. Boah, ich habe gestern Avatar 3 geguckt. Der ging einfach über 3 Stunden. Wow, das ist okay, das ist schon Respekt. lange. Digga, ich würde hatte- safe einschlafen. Ja, ich schlafe eigentlich auch Der immer ein, Arsch aber ich muss wehtun. sagen, das waren geile Sitze. Ich lag da im Sitz. Aber der sieht so schön aus, der Film. Du kannst nicht einschlafen. Ist so hübsch. Der Nice. 3D geschaut? Ja, es gab nur 3D. Bin eigentlich Ich nicht war so bei dem 3D-Fan, zweiten. Ja. aber war Voll schön. blöd, dass es nur 3D gibt. Kann ich Bei einer Brille ist es empfehlen. immer No, voll the window nervig. didn't close. It's still Ja, there, but I true, guess stimmt, it's voll scheiße. still just gone. I don't know. Ich war bei dem zweiten nicht so abgeholt, deswegen war der dritte jetzt nicht so in meinem Kopf. Irgendwie. Es ist trotzdem, wo ich sage, sollte man sich mal angeguckt haben. So im Kino ist schon geil. Auch wenn so immer so ziemlich der gleiche Ablauf ist, aber trotzdem irgendwie geil. Mhm. Aber ich heule auch bei jeder Scheiße. Ich heule, wenn was episch ist. Ich heule, wenn was glücklich ist. Traurig, ich bin ja Hey, immer Biffin, nur, guten nur am Abend. Heulen bin ich. Ja, immer. Fühl ich so Boah, sehr. da kommt jemand auf seinem Flugsaurier. Oh, da muss ich erst mal heulen, weil er angeflogen hat. Ey, Junge. Ich habe auch eine Freundin. Wir waren beim Hans Zimmer Konzert Oh, ja. und das war echt nice. Und dann habe ich dann so rübergeguckt, wo meine Freundin sitzt und die war einfach so, die hat einfach geheult, als irgendwer gestorben war. Ey, das das ist war echt ein Konzert auch so ein Ding. Ey. Hans Oh Zimmer mein Gott. überlege ich actually Tickets zu holen. Das finde ich schon, also ich fand das echt gut. Das kann ich Lohnt echt sich empfehlen. Ja, das ist echt Ja? gut. Ja, auf jeden Fall. Ich war auch noch Gibt's nicht. noch. Ja, gibt's noch. Für welche kosten aber irgendwie 400 Euro. Ja. Aber wird sich wahrscheinlich Kannst auf lohnen. Ebay gucken. Ja. Seid ihr noch im Stream together oder ist das jetzt lost, Ach so, weil nee, ich ist weg. deceived bin? Okay. Möchte Muss irgendwer man anders der machen. Anführer sein? Ja, ich mach. Okay. Ja. Schön auch mal zu hören, wenn andere auch bei ihr Mist heulen. Oh Mann. Okay, wir brauchen noch 18, weil Lost Kitten ja mal bei 0 anfangen musste. Sicher, dass Leia Scherer. nichts bringt? Soll ich nicht mal gucken? Alles gut, kein Stress. Doch, kann was Okay, bringen, habe ich ja. eingenommen. Ich schau mal ganz kurz. Ja. Obwohl, dann muss ich raus. Hat das dann sind hier funktioniert mit dem welche. Stream together? Ich habe es angenommen, Obwohl, ich aber habe habe eh ein paar irgendwie, mehr. Schau mal keine ganz kurz, ob ich Ahnung, einen ein Pop-up leeren bekommen, das Layer finde. irgendwie eine Fehlermeldung hat. Ah, Maler, Fernanda, danke, danke, wie sogar du in sagst. unserer Gruppe geschrieben bin, die sieht, lebe ich noch, oh Gott. Oh, ich hätte gern geschrieben, oh, scheiße, ich hätte so gern geschrieben, du bist tot. Oh, Mann. Ey, Jen. Das ist krass. Richtig übel gerade. Ja, umso mehr freust du dich dann, wenn du nicht tot bist. Das stimmt. Ach so. Ah. Achso, Ah, ich bin okay, dann war das ja nur gut Gibt's gemeint. Okay, okay. Ja, genau, dann nur gut Ja, gemeint. klar, Rede. klar. Junge. Ach, das Oh, verdient oh. kein F, Junge. Oh, Level 10. Ja, Level 10. Nicht rumheulen, weitermachen. 5 Minuten und der ist wieder auf Level 10. So. Da ist man irgendwie jetzt so abgehärtet, seitdem man die erste Welle so Ja, hatte, ne? wirklich.
Habt ihr das, das auch klingt bei so den mies, Death-Clips? Da gucke ich mir die Loadout schon gar nicht Ja, mehr bei an. mir. Ich mache immer so weiter. Wer ist denn aus der Gruppe raus? Jonsmann, warum bist du nicht in der Gruppe hier? Weil ich versuche, einen besseren Layer zu finden, wo wir nicht so viele Leute haben, die auch die Quest machen. Wenn ihr Aber gerade ich will dringend niemanden Heal einladen. braucht, sagt mir Bescheid. Ich muss gerade was am Handy machen. Okay. Nee, Ich glaube, du kannst auch einfach hier bleiben. Wir sind doch bald eh fertig. Ja, okay, Du hängst ladet gerade am mich einfach Knochen, gerne Jen, wieder genau. ein. Ja. Ja, Hans Zimmer, also das fand ich echt gut. Das würde ich schon empfehlen. Hans Zimmer ist richtig nice. Könnt ihr mich wieder einladen, please? Ja. Da ist ein Skelettikus. Of course, as my description say that I think that's just like David is saying that under my description it says Nagura streams World of Warcraft and Path of Exile 2. But that's just probably like some random, Hälfte, super. I don't know, a thing that Twitch puts under some streamers sometimes, depending on what games they streamed lately. I'm guessing. Like it doesn't actually say that in my description, right? Where does it say that? Well, apparently anime stream. Saved ihn. Apparently. Oh, da sind zwei hinten noch. It says Dass sie about alle safen, Nagura. bevor die geklaut werden. Nagura Da hinten streams auch. World of Warcraft and Path of Da Exile hinten 2. noch. Oh ja, du machst auch super. Mega. It says, you know where it says, Schön. you know where on the right side there's the links to my social media and stuff? Apparently on the left side it says that. No, on my Twitch. Jetzt nicht mehr, davor habe ich das auch gesehen. Echt jetzt? What the fuck? I found my first raid in WoW, now streaming over. Ja, das, Wie steht's jetzt? Don't see it, let me check on that. What? Jetzt wieder da, echt? Hä? Wo kommt das denn her? In diesem Moment hat es sich geändert. What the fuck? Okay. Apparently it says that now, Cross. Klingt das so einem KI-Streamer-Recap von Twitch? Ja, irgendwie, ja. Es hat nicht so ein KI oder irgendein Programm, das irgendwie drüber guckt, dass die Streamer gestreamt haben und dann schreibt es das da kurz rein oder so. Ultra random, aber weil Path of Exile 2 habe ich schon gespielt, klar, aber ist schon ein bisschen her. Mit F5 steht das wieder normal da? What the fuck? Was ist denn hier los? Okay, das ist ultra random. Ich habe F5 gedrückt und dann war es da. Okay, ultra komisch gerade. Ich habe einen fürs Team. Some weird caching somewhere. Yeah, I guess it could be something with caching, but I never that was never a description I had, right? That's why it's weird, because if it was an old description that I had and it like switches it, then I understand, right? That it was maybe something that was saved some time ago and through the disconnect it just came back. But I never had that as a description. So, I don't know. Strange. Klaut mir nicht meine Maus. OP auf Stoff. Klaut mir nicht meine Mobs. OP auf Stoff. Der arme kleine Gnom da hinten. Der arme Opi. Oh Mann.
Und gleich kommt die Lösegeldforderung für ihren Kanal. Ja. Irgendwer hackt mich gerade, oh Gott. Das ist also die Standard-Description, wenn man selbst keine eingibt. Ah, oh, das könnte sein. Okay, das macht Sinn. Okay, Kuros, apparently it's like the standard description if you don't enter one. That could be it. That is just checking which games I played lately and just like lists 2 of them. If you don't enter description yourself. So I guess it's just bugged out with the disconnect or something. Ja, das kann es gut sein, klar. Ich habe Hunger. Wie jetzt aber auch alles hier tot ist, ne? Also ist ja nichts Lebendiges mehr. Und selbst die Mobs sind nicht am Leben, sind ja Untote. Oh. Ja. Es ist double tot einfach hier. Gar nichts mehr. Aber ich würde gerne die Mobs sehen, die das riesige Skelett hier hinterlassen haben. Wer war das wohl? Ja, wer war das nur? Oh, warte. Ich in Retail. Oh. Seinem Dreizack hier. Alter, was kommt denn da noch auf uns zu? Ja. Gibt's überhaupt so große Mobs hier? Ich glaube nicht. Also im Raid schon, aber hier nicht. Ja. Manche Bosse ist im einfach verdurstet Raid in ist schon der Wüste. riesig. Er ist schon dick. Ja, mit einem Dreizack im Bauch. Verdurstet. Wäre cool, wenn auf einmal so ein riesiger Drache über uns drüber fliegen würde. Ja, und wir dann vielleicht sterben könnten. Mhm. Ja, stimmt, der hat den Dreizack Fackelt in uns der Hand. einfach ab. Der ist wirklich einfach verdurstet. Da ist einer. Wie schwer ist dir der grafische Abstieg von Retail auf Classic gefallen? Ich finde, das sieht gar nicht mal so viel schlechter aus. Wie viele brauchst du noch? 3, ne? Keine Ahnung, ich finde das jetzt nicht so viel schlechter. Da ist noch einer. Kurz mitnehmen hier, oder? Ah, hier ist noch einer. Super. Und da unten läuft noch einer lang. Ich hol den mal. Ja, okay, ist schon ein bisschen ein Unterschied. Also die Skyboxes und so. Und generell, ja, stimmt schon, ist schon. Also Skybox ist schon ein großer Unterschied teilweise. Ja, okay. Ja, es gibt schon einige Gebiete in Retail, die sind richtig nice. Richtig schön gemacht. Ja, okay, ein bisschen schon. Yippie. Aber ich glaube, der größte Unterschied ist eher so. Geili. Also die Density an Grafiken. Also Aber die in jetzt auch Retail, mit da haben die Fuß, oder echt. Also das Liebe zum Detail, ne? Also ist krass. Da hast du ein Haus und da ist. In jeder Ecke ist irgendwas hingestanden, Und die irgendein Bild Online-Channel und Dinge. machen, Also geil. richtig schön alles. Ja, und die hier Online- teilweise in Klassik hast du halt ein ganz Gebiet, ist danach einfach nur Wüste los, und da Berge, werden wir kleine hier nicht noch Hügel. irgendwas haben. Und alle 100 Kilometer Wenn liegt nach mal ein Skelett dem, rum oder so. Fragezeichen rum, links nichts mehr kommt. Also von Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir diese eine Quest noch von dem machen können, her mit dem Langlaufen. ist Klassik schon echt Diese viel Karawane, aber wenn weniger die nicht geht, geht die halt nicht. von der Grafik her. Ich hab die schon ewig, die Quest. Aber sonst die Grafik an sich, keine Ahnung, finde ich jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen. Nee, du warst da, glaube ich, das ist diese Geister-Dings, was ich noch abgeben muss. Ach so, So eine StarCraft Rise in Plus-Gruppe, ja, irgendwie wäre es schon Da lustig. warst du ja schon kurz, deswegen. Genau. Und ganz oben können wir auch noch eine Quest abgeben, Okay, dann gehe ich schon mal nach die oben. für auf dem scharlachroten Pfad jetzt halt. Ich weiß nicht, ob sie dann direkt schon bei Midnight Release spielen wollen, weil das Problem ist, wenn sie jetzt die ganze Zeit Classic spielen, viele von den Streamern spielen ja eigentlich nicht WoW. Und wenn jetzt alle Classic Vor allen spielen Dingen, ich dachte, du hast hier und Quests, die dann du mit gleich uns machen danach kommt kannst, aber Midnight hier war gar raus, ich nichts glaube, für die dich. Leute wollen dann erstmal ein bisschen Pause von WoW und was anderes machen, auch für die Viewer und so. Wenn sie sonst nicht WoW-Streamer sind. Ich glaube, Ja, was? das Release-Datum ist Ich glaub, vielleicht ein ich bin zu bisschen leise zu einfach. knapp an dem Event denn? dran. Ja. Für viele von den Leuten. Ich habe gesagt, Denke ich. ich dachte, du hast hier Aber mal Quests, gucken, aber vielleicht irgendwie haben war sie hier ja gar nichts für dich, oder? Ach so, ich habe oben rechts eine Quest. Reagenzien für die Wiederholer. Und halt die Karawanenquest. Aber ist nicht schlimm. Ich chill Jones, einfach. Und links Aber oben wir hast das du die Fragezeichen auch? kurz hier ab.
Es holt mich hier raus. So Mitte links. Johnson, du läufst falsch, ne? Ihr könnt da ja oben schon mal ein paar abmetzeln und wir holen uns die Ohren. Falls das geht. Wir brauchen neuen Stoff nach, dann werden die ja vielleicht. Brück hat auch Retail gespielt. Du kannst erstmal. Das war wie wenn man den Rentner das Internet erklärt. Auch was. Ja. Oh Mann, das muss ich mir fast das Wort angucken. Das klingt ja richtig spannend. Du hattest gut Gold, oder? Ich hatte 70 Gold und dann habe ich ein bisschen durchgeschnurrt. Ich habe in der Gilde geschrieben, ob mir jemand ein bisschen was beitragen kann. Dann habe ich irgendwie 1000 Whisper bekommen, dass mir jeder Geld geben wollte. Süß. Ja. Ich muss unbedingt gleich mal an der Bank schauen, ob da, nicht wegen Gold, aber es auch noch irgendwas Geiles gibt. Für einen kleinen Arm, Joe. Mir hat gestern random so ein Dude geschrieben, darf ich mal bei dir chillen? Ich koche dir auch was Leckeres. Ich spiele auch WoW seit 10 Jahren. Ich bin Gildenleiter einer großen Gilde und quatsche gerne. Oh. Die Story habe ich gesehen bei dir. Mit dem letzten Satz mit der Gilde hat er dich, oder? Ja, ist doch vor allen Dingen, kann ich mal bei dir chillen? Ich koche dir auch was Leckeres. So. Dann habe ich so ein paar Männer gehabt, die geschrieben haben, ist doch gut, das war doch nichts Perverses von ihm. Oh Gott. Ja. Aber Jen, ich bin Gildenleiter einer großen Gilde. Ja, also das juckt mich das denn, Junge? Der hat das dann aber auch nicht verstanden. Der schrieb dann noch mal, meinte, das ist doch nicht schlimm, wenn ich bei dir chillen will. So, hä? Ey, manche haben da echt den Bezug zur Realität verloren, habe ich das Gefühl. Ja. Oh Mann. Also immer noch, Instagram ist keine Dating-Plattform, ne? Ja, Junge. Also. Sehr lustig. Dann kann man auch oft so Anfragen. Was denn für Anfragen? Sexanfragen? Nee, einfach nur so, hey, wollte dir mal schreiben, ich wollte fragen, ob du irgendwie interessiert wärst an der Beziehung. Ich bin halt der und der und also Vorstellungsgespräch. Ja, wie so eine Bewerbung. Oh Gott, ja. Ich mache das und das sind meine Hobbys. Oh, einmal hat mir einer geschrieben, ja, also habe ich noch Englisch gestreamt und er meinte so, ja, er kommt jetzt bald in die Nähe von Europa oder ob ich halt Bock hätte, einen Kaffee zu trinken. Und dann dachte ich zuerst so, hä, in die Nähe von Europa? Und er meinte, ja, er ist in Afrika irgendwo. Was? Ja. Ist dann nach Afrika geflogen und dachte so, oh, das ist ja in der Nähe von Nagura. Das ist Europa, oh Da kann man schon mal Kaffee gehen. No. So, ja, klar. Ja, bald in der Nähe. Nächster Kontinent. Ja. Ey. Oh Mann. Also Namibien, ja, ist schon nah dran. Ja, treffen wir uns mal. Oh mein Gott. Ja, ansonsten gab es noch ganz viele wutentbrannte Leute, weil gestern keiner gestreamt hat. Weil sie meinten, WoW hat Twitch zerstört. Ja, so. Was? Das gab's auch. Ja, haben doch Leute gestreamt. Leute haben gedacht auch, WoW, jetzt totes Projekt, oder? Spielt ja keiner mehr. Warte mal, wie kommt man denn hier rein in diese Ich bin auch gerade, ich gucke auch gerade, aber ich glaube da unten, ne? Oder? Boah, ich weiß es Wo wollen nicht. wir rein überhaupt? Achso, zu den hier Ohrentypen? Ja. Ach, ihr seid alle hochgelaufen, okay. Ich dachte, ihr macht rechts die Ohren und dann kommt ihr hoch. Ich dachte, wir machen wir haben diese noch das Fragezeichen Quest. hier angenommen, deswegen. Nicht schon wieder dachten wir, dass wir schnell disconnected? die Ohren hier dann auch machen. Nein. Bist nicht. Du bist disconnected. Wir hören dich und Warte du mal. stehst Stehst hier. da. Ja, Mein hört Stream ihr läuft, oder ich glaube, mein höre sie Headset ist nicht mehr. disconnected. Ich höre Aber gerade gar wir hören nichts. nicht. Warte. Ich höre sie nicht mehr. Ich glaube, sie Nagura ist tot. Ist tot. Also, ist jetzt wirklich disconnected. Hat sie jetzt echt oder was? Ist nicht. Das geht. Ist Test. kracht. Ich höre sie nicht. Ja? Okay. Nein, ich höre sie nicht. Alles gut. Mann, sag doch nicht ja! Nagura? Ja, bin da. Scheiße, ja, danach habe ich es gecheckt und dann war ich auch so, hey, Nagura, und dann hast du schon aufgelöst. Oh Mann. Also das nicht. Wann denkt ihr, wann kommt sie wieder? Er hat mich aber schon Du hast kann man schon lang, kaputt ne? gemacht.
Er versucht's noch. Er versucht's noch. Das ist nicht mehr zu retten. Das ist krass. Komm ich hier durch? Ja, ne? Ja, aber lass mal auf alle warten, wenn wir die Folge-Quest hier machen wollen. Also die eine. Ja. Das ist doch keine Folge. Welche oder? Folge-Quest? Wir brauchen Nicht nur eine noch Folge-Quest, also Orden hier, die glaub ich. Eskorte hier. Ist noch hier. ein Ausrufezeichen. Ach so, dann müsst ihr uns Stimmt. morden. Ah, stimmt, können wir. Gibt es eine Folge-Quest Oh, von warte, der ich einen, die ihr muss- gerade abgegeben habt? Nee, gibt's nicht. Oder Ah, ich okay. geb die mal eben ab. Ja. Ich geb die mal ab. Ich glaube, ich kann von denen keine Steine nehmen. Ich habe keine Hier ist Steine gerade Dankeschön mehr. für den Prime, Dankeschön. Die sind schon grün, kannst du schon, Ja, glaub ja, ich. es gibt eine Folge. Ah, okay. Ist die hier auch unten, wo wir sind gerade? Nee, gar nichts. Ich glaube, das hat was mit dem Raudern zu tun. Wollt ihr die jetzt machen, wirklich? Ja, können wir schon, oder? Hat mit was zu tun? Marauder mit dem Dungeon. Aber müssen wir nicht, wir können auch in ein anderes Gebiet oder so gehen. Oder wir können auch Dungeon Also, das machen. Ding ist, also wir können auch, Ja, lass guck Dungeon mal, wir machen. können Können wir auch jetzt ganz schnell die Kloster Ohren hier machen, holen oder? und das Ausrufezeichen teilen. Das mit Oder der wollen wir Ausruf doch kann mir Kloster nicht sein, das ist eine Eskorte. Also das müssen wir, wenn alles zusammen machen. Ah, checke. Ja, dann lass schon schnell die Ohren hier holen und dann machen wir Kloster, oder? Okay. Ist das für alle? Ja, Alle ich bin fein. heute eh nicht mehr so lange da, deshalb. Okay. Ey, die sind halt jetzt deutlich höher als da, wo wir gefarmt haben, ne? Ich weiß nicht. Ja. Dann port mich hin. Wir können einfach hochgehen zum anderen Gebiet, wo die Lower sind halt. Ja. Ja, ihr müsst ja eh Kriegen wir zurückkommen. die schneller. Kommt hier. Ja. Oder wir lassen die Quest Sollen wir einfach schon und dann später, wenn wir die Eskorte machen, weil dann macht man die eh nebenbei. Wisst Bin ihr? genetzt. Achso, Können wir auch Jens so ist noch machen. da oben? Nee, doch nicht. Dachte. Na, dann lass jetzt Kloster machen. Dann Okay. let's go. Ihr kommen könnt wir jetzt am besten hin? G-Bank Classic runterladen. Mit diesem Add-on könnt ihr sehen, was auf Angebung rumliegt. Oh, das will ich, genau, das habe ich hier. /Bank. Ah, nee, ich muss dafür Slash komplett Bank? neu starten, ne? Das war das. Du kannst auch Database is reloaden. empty. Wait for sync. Ja. Nee, funktioniert nicht tatsächlich. Wie? Wie war das eigentlich die Hochzeitsplanung mit Mauki? Also bis jetzt habe ich irgendwie gar nichts geplant. Ich glaube, das macht irgendwie alles Mauki. Ich habe auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was überhaupt passiert, ob irgendwas passiert. Ich weiß es nicht. Hey Matze, wie geht's? Hallo? Ich folge dir mal Lost Kitten. Okidoki. Manchmal diese 38er, man hat irgendwie voll Angst davor dabei. Generell, als Paladin bist du einfach so safe. Aber wenn man dann wirklich jeden Space verfehlt und jeden Melee-Hit, dann kann es schon ein bisschen komplizierter werden. Ach, der G-Buff ist jetzt 19:08 Uhr. So? Warte, ich muss noch mal gucken. Moment. Ah, stimmt, 19:08 Uhr. ZG und 19:35 Uhr und nix, ja. Vielleicht schaffen wir das Dungeon vorher und wir können den Buff nachher. Oh, das wäre schon wieder perfekt. Wenn ich den Buff vorher holen könnte. Nee, wenn wir den Dungeon jetzt machen und ich den Buff nachher holen kann, dann kann ich eventuell sogar einfach dann. Entweder ich quest noch ein bisschen und lock dann aus mit dem Buff. Oder ich lock direkt aus. Damit ich ein bisschen so einen halbwegs normalen Tagesablauf wieder hinbekomme, statt jeden Tag irgendwie 14 Stunden zu streamen. Yeah. Obwohl er schon nice ist. Ich bin jetzt schon 8 Stunden 40 on. Es ist 5:30, 6:30, 7:30. Ja, vielleicht. Hallo? Hoi? Hallo? Ist gerade das Internet weg gewesen und ich meinte, ich bin gestorben. Ja. Aber wir haben Live-Stunde. Ja, knapp gewesen. Du bist einfach wieder dazugekommen und dann passt es wieder. Ja, und das Thema, wenn man wieder einloggt, nachher, weißt du noch, wegen den Add-on, was man ja hat, dass man nicht in einer anderen Gruppe sein kann, was nicht in der Gilde ist.
Also man darf nicht in der Gruppe sein mit anderen Leuten, die in einer anderen Gilde sind. Ja. Genau. Und auch dann, wenn es nicht checkt, du bist in einer anderen Gruppe, dann wirft es dich aus. Von der Gruppe, weißt du, automatisch. Und hat jemand checkt es halt nicht gleich, weil wenn du einloggst, bist du aber in einer Gruppe mit deinen Gildenleuten, dann checkt es nicht und wirft dich aus, weißt du. Ist auch dann. Okay, und dann? Und dann irgendwann passiert halt eventuell, weil ich da mittendrin gestanden bin. Nein, weil jetzt, weil sie können mir helfen sonst. Und wenn es mir außen wirft, nachher nicht mehr. Aber dann habe ich kurz Angst gehabt, dass sie nicht checken, dass ich halt disconnected bin, weißt du? Weil ich bin da angekommen, ist gestanden, wo viele Mobs waren und so. Aber anscheinend ist noch nichts passiert. Aber die Jen hat kurz gesagt, ich bin gestorben. Die haben wieder mal eine Klassiker, ja. Ja, scheiße. Wie geht's dir? Ist super. Sachen der Frage. Dann muss ich mir noch erzählen. Hallo David, was gibt's heute zu essen? Sagt der Larry. Was es heute zu essen gibt, hat er gefragt. Weiß er noch nicht. Aschenbecher? Nein, wir sagen Aschenbecher. Ja. Reibedaschen? Das ist schön. Ich hasse den Januar, ey, wirklich. Weil so müde Januar, und meh. girl. Ja. Check ich. Bei Ich mir ist auch bin echt mal das gerade das Menü. Echt? Oh. So schwer aus dem Bett. Am Tag bin ich so viel müde. Abends bin ich müde. Ich bin den ganzen Tag müde. Jedes Jahr. Ich habe Jen noch Immer gar nicht bin ich so gefragt, ob sie müde. Brautjungfer werden will. Nee, das Check stimmt. it. Muss ich sie noch fragen. Oh, ey, Junge, wenn Frühling ist, boah. Ich freue mich jetzt schon drauf, wirklich. Boah. Hier ist gerade alles so matschig und nasskalt, weil jetzt Ja! alles schmilzt und so. Ey, dreimal in so eine fette Pfütze reingelatscht einfach. Es wird Zeit. Ah, ich Meine möchte schon Allergie noch ein sagt paar Mal zwar Skifahren nein. gehen, aber dann ist Frühling schon Na nice. gut. Also Ein bisschen zwei geben Mal. bitte noch. Aber dann reicht auch. Bitte. Können wir Frühling mit ist Jen das Einzige, eigentlich was- Kloster gehen? Ja, oder? Ich glaube, oder? Na klar. Okay, machen wir. Na klar. Nehmen wir die Quest jetzt hier oben an oder nehmen wir die auch nicht mal an? Doch, doch, nimm die Folge ruhig an. Die ist eh für ein Okay. anderes, glaube ich. Können wir da. Ah ja, checke. Oder? Das Ja, Licht ja, sei ja, mit Jen. euch. So einer bin ich. Seid vorsichtig. Ah, müssen wir zuerst da. Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe. Also mit der Quest müssen wir jetzt South Shore. Und dann, glaube ich, bekommen wir eine Kloster-Quest. Aber da müssen wir eh hinfliegen, wenn wir Kloster wollen. Müssen ja laufen. Aber ist es auch eine Kloster-Quest für die ersten zwei? Nee, überhaupt die ist für relevant? die anderen, glaube ich. Dann ist wahrscheinlich jetzt Ich noch glaube, nicht in relevant. Bibliothek muss man auch was killen. Ah, Man kann muss doch in die sein. Bibliothek und Aber in dann Bibliothek gibt's dann einfach so dieses Buch, was man da anklicken muss, oder nicht? Ist egal, wir können die ja gibt's trotzdem auf jeden annehmen Fall- und dann abgeben und dann gucken wir halt. Sehr gut, dass wir die schon mal haben, die Ja. Quest. Oh, Leute, ich Oh, habe das einen ist Hals ja bekommen. Schlau hier mal verkaufen. Ich habe auch gerade einen Hals gesehen. Mein Ich hab's auch nicht gecheckt. erster Hals. Bei mir auch. Ich habe so. Hals? Warte mal. Ja, ein eine Hals? Halskette. Haben wir die von der Quest bekommen irgendwie? Kann Ich habe das auch nicht sein. gecheckt, dass ich die Ja, habe. ja, haben wir alle von der Quest. Nice. Außer und wir. Keine. Wo haben wir denn eine Halskette? Nicht gerade eben Inventar. von, die du abgegeben hast, gerade eben? Oh, Halskette. 7 Ausdauer. Ja, super. Ja, klasse. Cool. Geil. Jen, welche Federn brauchst du eigentlich für Levitieren? Dann kann ich die aufbewahren. Ich brauche leichte Federn. Okay. Geil. Auf dann. Wir müssen für Kloster nach
Nach Southpaw oder so. Ach, ihr könnt mich ja dann Southshore. hinporten. Ja, wir können dich auch porten. Wie kommen wir da am besten hin? Ich brauche noch mehr Infos gehst am besten so für weit die nördlich, wie du Hochzeit und gehst, so. dass Und du dann den frage ich die nochmal alle für die Flugpunkt Brautjungfer. Das wäre schon cool irgendwie. Oh, wie heißt das Gebiet? Warte mal, was ist denn hier? Ich muss hier kochen. Southshore? Genau, ja. Also ein Hilfsbrat irgendwie, sowas. Ich hab die Arati, Gucke mal. links daneben. Am besten nehme ich erstmal meinen Urstein, ne? Auf jeden Fall musst du nach Manatee Harbor. Ja, eigentlich sollte ich mit Mauki heiraten. Muss ich David auch noch erzählen, dass ich gucke mal, Mauki Blanki. heirate? Oh nein, ich Weil habe ich da Flugpunkte hab. Wohin muss ich? David! Ich musste leider sagen, dass sie die Mauki heiratet, okay? Schön, euch zu sehen. Was Kommt denn? drauf an, wo du Flugpunkte hast. Also am besten Ich glaube, ich habe hier nach... gute Überlegt. Flugpunkte. Also, wo ist das Endding nochmal? Wo ist das Kloster? Auf einem anderen Planeten, ne? Auf einem Das anderen ist auf Kontinent. dem rechten Seid auf Kontinent, der Hut. ganz oben links das Gebiet. Das heißt, ich muss mit dem Boot fahren. Das mache ich wahrscheinlich am besten. Es ist eine politische Heirat, okay? Dunkelküste, oder? Je nach Oder Mitgift. Terramar. Beides okay. Okay. Okay, mach ich beides. Hängt von der Mitgift ab. Ah, ich hab Meinst du? Southshore. Kann ich hin? Hallo? Hoppa. Er muss nur einen Nähevertrag in die schreiben. Was hat man denn gern? Perfekt, dass ich mir Terramo heute geholt habe. Okay. Braucht jemand von euch Seidenstoff? Danke für die 100 Bezengel mal. Mitgift. 10 Eva erst. Zufälligerweise. Ich glaube, so viel Sticks. Nee, danke. Oh Mann. Mögen eure Reisen sicher sein. Okay, warte, ich muss irgendwo kochen. Und dann Gewicht in Gold. Boah, da muss ich noch ein bisschen essen. Ich habe abgenommen seit dem Event hier, oh Gott. Dann erst eine Pizza zum Abendessen. Also hier kann man kochen bestimmt. Drei Kamelen, eine nächsten 2 Wochen gesponsert Urlaub für die nächsten 20 Jahre. Ich brauche feine Gewürze. Und scharfe Gewürze. Hallo? Hallo? Was geht euch durch den Kopf? Mögen eure Reisen sicher sein. Redet mit mir. Also ich brauche hier 4, also noch 2 plus 8. Seid auf der Hut. Warte, fein oder scharf? Also. Ey, wenn man einfach beides aufmachen könnte, ne? Wäre schon nice. Hier noch 2 Lust feine. auf ein Glas? Seid auf der Hut. Ja, mal gucken. Next step is to speak French. French is gonna be difficult. I could maybe do Italian if I tried really hard. The good thing about streaming in different languages is you also learn the languages better. Maybe if I would do Italian streams, I would be able to speak Italian at some point properly. Mann, ich habe heute so trockene Lippen. Weiß nicht warum. Löwenfleisch habe ich nichts mehr. Scharfe Gewürze. Einmal noch. Ich hab die besten Waren im Land.
Okay, nice. Okay, Rest verkaufe ich. Schildkröten. Ach so, das ist für die Quest, okay? Hallo. Ich gehe mal schnell einen Kaffee machen. Viel Erfolg. Bis gleich. 6 Willenskraft, 6. Okay, ich behalte nur noch die 8 da. Das behalte ich auch. Schneiderei, Ingenieurkunst. Okay. Okay. Einige Witze habe ich. Jetzt muss ich heilen. Boah, okay, aber es sollte nicht so schlimm sein, ne? Also schaffe ich schon. Jetzt kein Intelligenzgier oder Willenskraft oder so, aber ich glaube, das ist echt nicht so schlimm, oder? Na, wir sind eh ein bisschen overlevelt. Nee, warte, Jen kommt ja mit. Grüße. Ach, stimmt, dann ist so alles easy. Seid vorsichtig. Also in Südtirol fluchen wir meistens Italienisch, ja. Also es ist interessant aber, wenn man so überlegt, dass anscheinend sind die italienischen Schimpfwörter oder Fluchwörter sind anscheinend interessanter und besser als die deutschen, sonst würden wir nicht die italienischen benutzen. Also irgendwas werden die italienischen Schimpfwörter schon haben, dass sie die benutzen statt die deutschen. Das ist auf jeden Fall interessant. Hey, Fariberger, wie geht's? Italienisch klingt immer so super emotional beim Fluchen. Ja, das stimmt. Hey, Crouchy, wie geht's? Die passen besser mit der Hand, ja, stimmt. Ich, Kabarettist, meinte mal, auf Italienisch zu fluchen ist wie sich den Arsch mit Seide abzuwischen. Kaninums. Oh Gott, das muss ich mir merken. Das ist ja richtig gut. Zibi, Dankeschön für den Prime. Dankeschön. Dieses Ficker-Ding habe ich noch nicht ganz kapiert. Aber meine Frau schaut immer geistlos, wenn der Text kommt. Also hat es schon Mehrwert für mich. Das ist so, Mann. Oh, Mann. Ja. Okay, warte. Hier 2 Quests abzugeben. Cool. Sagt man auf Deutsch eigentlich volle Kanne? Das habe ich jetzt... Ronja hat das, glaube ich, mal gesagt. Oder ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Das sagt man bei uns im Dialekt ständig. Was kann ich für euch Volle tun? Kanne. Aber ich weiß auch nicht, ob das nur Boomers sagen oder ob das auch jüngere Leute sagen. Wenn man alt ist, ja. Ja. Ich sage das in Südtirol auch nur alte Leute? Boah, ich weiß es gar nicht. Gibt es hier ein paar junge Südtiroler? Gibt es hier ein paar Südtiroler, die nicht über 30 sind? Oh Mann. Warte, achso, hier. Braucht ihr etwas? Okay, was muss man jetzt hier machen? Seid gegrüßt. Was? Beim Licht. Hä, ich spawn kein Mob oder so, oder? Der macht mir gerade Angst, der Typ. Was kann ich für euch tun? Oh, nice. Boah, guckt ihr die Waffe an. Boah. Holy shit. Boah, die ist... Oh, holy fuck. Hallo. Lächerlich. Boah, die Quest hat so gute Items. Ronja. Die hier? Ja. Warte.
Ich kann nicht mit ihm reden. Ja, er muss gerade hier ein bisschen RP machen. Achso, oh ja, okay. Ja. Dann lassen wir mal, ne? Im Namen des Lichts. Beim Licht. Wie Kann ich euch helfen? Bart von Odin. Okay, habe ich. Es waren nur 2, die wir hier abgeben mussten. Schönen Tag auch. Müssen wir noch mehr Wo gebt ihr annehmen gerade außer was ab? die? Es In ist South South Shore. Shore. Ah, ich bin nach Dings gefahren. Nach Sumpfland. Hier ist keine. Nee, für mich wird keine Dungeon Quest hier mehr angezeigt. Wo ist denn South Shore? Ich weiß immer nicht, wo die Sachen sind. Siehst du uns auf der Karte? Nee. Ah, doch. Nee, ich sehe nur Jen in Terramore. Das Ja, ist kein das Addon, das Welcher ist Kontinent Standard ist das? Blizzard Frames. Hilfsbrat, oder? Also östliche irgendwas. Wie heißt das auf Deutsch? Ah. Ja, das heißt schon Hilfsbrat, oder nicht? Vorgebirge von Hilfsbad. Vorgebirge. Hier. Genau. Vorgebirge. Mhm. Ah. Ah. Ehre dem König, Aber da Freund. kann man nur eine Sache abgeben, oder? Für die Allianz. Ja, das Schildkrötenfleisch, wenn du das auch hast und sonst halt nur das eine, hab ja. ich. Boah, hier sind richtig viele tolle Sachen. Kann man hier weiter questen dann? Klar, mit deinem Level kannst du Wir gut können questen. danach da weiter Boah. questen. Sind ein paar Questen. Was Stimmt, kann nee, das ich sind für sogar euch 2 tun? Sachen, stimmt. Ja, ich habe schon Seid gedacht, wenn ihr früher Feierabend macht oder so, dass ich mir irgendwo ein Gebiet suche, wo ich einfach alleine ein bisschen mache. Oder wenn jemand sich noch anschließen will, Seid natürlich auch gegrüßt. zusammen. Ja, kannst gerne hier Weil- questen, weil Gucci und ich waren hier heute Morgen schon. Also wir haben hier eigentlich alles Mhm. ein bisschen gemacht. Weil dann kann ich ein bisschen aufholen. Ja. Hallo. Man sieht sich. Deswegen gibt ihr auch gerade hier so viel ab, ne? Ja. Ich gebe gerade fast gar nichts ab. Achso. Müssen wir nur die eine Aber das Quest ist doch. machen, dann Ach, gut das auf in den ist ja Dungeon. komplett hier bei mir. Ich kann doch Ja, es hier war nur die hochfliegen. eine. Achso, könnte ich jetzt auch porten? Also, warte mal. Wollen wir John sie kurz porten, bevor er sich noch verläuft? Ja. Also wollte kurz zum Dungeon. Wir holen dich. Aber nee, Achso, also können auch zum kann- Dungeon. Ja, ihr könnt lieber dann beim Dungeon porten, wenn ihr wollt. Ich kann auch bei Arati Hochland noch eins abgeben und dann nochmal dahin fliegen. Also noch einen Stopp dazwischen machen. Ja, dann laufen wir hin und porten euch dann beide. Supi, danke. Sammeln wir vorher noch mal ein paar Splitter, wenn es hier gibt. Das könnte hier Muss auf jeden schwierig Fall werden. hier machen, glaube Ja. Ja. Nördlich, grau. nördlich. Na, guck mal. Ich Ja, habe hier. 2 auf jeden Fall. Also ich habe genug zum Porten. Okay, dann. Das wäre jetzt. Genau, wäre jetzt nur wegen Steine oder irgendwas. Kannst mir auch folgen, wenn du willst. Ja, warte. Wappa. Danke. Wie geht es eigentlich mit Krieger? Macht Krieger viel weniger Schaden, wenn er am Tanken ist? Mit so einem Level? perfekt. Weil sonst Wie lange vielleicht macht brauchen es wir mehr Sinn, ungefähr wenn jetzt ich für level. die beiden? Das ich tank. Also der erste dauert nicht lang. Lib dauert. Na, also Friedhof dauert fast gar nicht lang. Wäre geil, wenn wir 1935 den Buff mitnehmen könnten in 1,5 Stunden. Ich glaube, das schaffen wir vielleicht. Hallo, was schaffen wir? Den Buff dann zu Erst holen in bei 1,5 Tage. Stunden. Wenn wir jetzt closer gehen? Ja. Mhm. Ja, safe. Ah. Also den Booty-Buff verpassen wir wahrscheinlich, aber ja. Ja, das ist nicht so schlimm. Ja, der ist schon in 1:10. Ja. Ist ja geil, wenn heute noch ein Late Night kommt, also 22 Uhr oder sowas. Machst du halt noch ein bisschen länger? Mhm. Ich will. Ah ja, heute 37 wäre doch krass.
Ich will morgen, spätestens Freitag, meinen Mount haben, damit es dann richtig losgehen kann. Ich will nächstes Wochenende Level 60 erreichen. Habt ihr euch denn mittlerweile so ein Maximum gesetzt, wie lange ihr immer machen wollt? Für euch? Am Tag spielen? Eigentlich 8 bis 9. Heute wegen Dungeon überzogen. 8 Uhr, ne? So 8 Uhr meinst du? Oder 8 bis 9 Nee, Stunden? 8 bis 9 Stunden. Hm. Wie schön ist es hier im Arati-Hochland mit diesen Dinosauriern und so. Ja. Ja. What? Toll. richtig friedlich sieht das aus und so. Dann gucke ich auf die Quest, töte Straßenräuber. Oh, ich war echt nicht beim Lehrer. Shit, ich kann echt viel Mega lernen. friedlich hier. Oh. Oh Gott, das Schild. Ja gut, halt aber nur 2 Sekunden länger, oder? Nicht so einen großen Unterschied. Aber STM und STW und noch ein neues Siegelrecht. Naja, egal. Ja. Sinn. Hast du mal die Waffe angeschaut, Nagura, von der Quest? Ja, die ist so krass. Boah. Das müssen wir gleich machen dann. Lohnt? Ja, die ist richtig gut. Nicht alle 4 Teile. Ja, also man muss alle Dungeons dafür machen, oder wie? Ja, du musst alle 4 machen. Hm, okay. Oh. Vielleicht muss ich Also mir da in erst eine Gruppe morgen. reinsneaken, wenn ich als Heilerin. Ja, ich nehme die mit Und auch Level morgen warten. 36 oder so. Ich glaube, wenn ich morgen 39 bis 40 bin, dann geht das. Ja, ich denke auch, dass, ja, wenn du ein höheres Level hast, sollte gehen. Weil der Boss ist, glaube ich, 42, oder? Im letzten Dungeon? Jen ist ja eh höher. Ja, das geht echt. Gibt es hier noch einen Flugpunkt? Ich glaube nicht. Warte mal, ich bin auch falsch gelaufen, aber läuft man hier rum. Aber ist ja egal. Ist alles Allianz hier. Cool. So, ich gebe noch die beiden Aufgaben hier ab, repariere meine Rüstung und dann bin ich ready to port. Mhm. Sobald ihr da seid. Also, ihr braucht ja auch noch ein Braucht bisschen. bestimmt noch 15 Minuten. Ja. Ich glaube, das Gebiet hier Wollte ist schon mal gar Bescheid kein geben. Allianzgebiet, sondern einfach nur, also wie Hordler ein Questgebiet. Kann sein, ja. Woher habe ich so viel Gold her? Sorry, aber Wie viel hast du? ich habe vorhin noch gesagt, ich habe so 32. Jetzt habe ich auf einmal 47. Was habe ich denn vorhin alles verkauft? Ich habe auch Das auf einmal kann 41. und so. Geht echt Wo schnell habe auf ich denn einmal. Wo habe ich denn auf einmal 15 Gold her? Vergiss nicht zum Lehrer zu gehen, Jungsmann. Auch unfassbar smart, ja. Ich hab's auch Ey, vergessen, gibt's gar keinen. aber jetzt bin ich schon unterwegs. Ja, Hier ich gibt's auch. gar keinen bei mir leider. Du könntest Kein eben, Schurkenlehrer. warte, wo bist du denn, Sascha? Du könntest eben nochmal Ironforge fliegen. Also wenn ihr mich eh portet, könnte ich Ja. auch meinen Ruhestein benutzen. Ja, mach. Aber wie willst du wegkommen danach? Port? Das ist ein weiter Weg. Ja, also wir brauchen jetzt keine Stunde, oder? Also. Boah, der Rückweg ist schon lang. Ich meine, Wenn wir du brauchen dann jetzt den keine Buff abholst. Stunde Ach so. für das Kloster, also mehr als eine Stunde. Mein Stein würde ja dann wieder 19 Uhr gehen. Ja, wahrscheinlich. Rich? Ja, wirklich. Ich kann man direkt meinen Mount vielleicht kaufen, wenn ich 2, 3 Leute anbattle für so 10 Gold. Leon hat auch schon vorgeschlagen, dass er mir helfen will. Achso. Oh, die Quests sehe ich gerade geben auch so viel Gold. Unsere Quests haben die ganze Zeit so viel Gold gegeben. Wenn ich die Quest annehmen würde, würde ich auch ein Gold bekommen. Deswegen, Leute. Mm. Interessant. Ja. Ich habe auch gesehen, dass also die Items, die man von der Klosterquest bekommt, die kann man für 2 Gold verkaufen. Sind wir bald reich.
Wow. Ja. Wow. Ich weiß gar nicht, ob ich die Waffe nehme oder die Schildhand davon. Ich glaube, die Schildhand ist besser für dich, glaube ich. Ne? Ja. Trefferchance heißt, du musst halt mit der Waffe wirklich zuschlagen. Und das machst du Genau ja nicht. deswegen. Dachte ich auch, dass die Kugel 6 Intelligenz und 11 Willenskraft ist schon nice, ne? Ja, musst du noch eine coole Einhandwaffe dazu finden, dann ist das richtig cool. Ah ja, stimmt. Dann brauche ich ja noch eine Einhand. Ah, checke. Wie sie alle mit ihren Mounts jetzt hier in Stormwind chillen. Angeber. Sei ihnen Ach, in der Bibliothek droppt anscheinend ein guter Dolch. Dann kannst du Dolch anziehen, wenn er droppt. Plus die Aufhänder. So, ich schau die mir gleich mal an. Ich hab Nee, ja hier Atlas für Lost Kitten. Also ein Caster-Dolch. Ah. Für den Zauberer. Oh, wow. Wow. Ja, Oh, stimmt, ich wollte auch noch in die Bank gucken. Auch noch. Ich hätte jetzt auch lange keinen Gear mehr gehabt, glaube ich. Immer dieses Gestöhne da. Ich hasse es, wenn sie da rumstöhnen. Da morgen alle Teile, oder was? Morgen was? Morgen dann alle 4 Teile. Kloster. Ja, machen wir, oder? Wäre ich schon dabei? Ja, ich glaube, ich bin erst abends 40. So weit sind wir Ja, doch noch morgen gar nicht Abend? dann, oder? Ich glaube, das... Ja, wenn die jetzt... Also bis morgen Abend würde ich schon wahrscheinlich so 37 schaffen. Ja, das reicht. Ja. 37, 38. Da kann man Full Kloster Run machen? Ja, 37? wenn der Tank 40 ist, schon, glaube ich. Ja, okay, bin ich dabei. Let's go. Finde ich, aber müssen wir nochmal nachgucken, was Tank kann für auch Level easy die alle dabei haben. sein, Aber ohne ja. Dings. Yeah. Das wäre natürlich Premium. Ja. Ich glaube, Level ist nur ein Problem. Das müssen wir gucken. Aber der hat doch gesagt, zieht heute noch ein bisschen ran. Also Kitten schafft ja bis morgen auch locker 36. Was denkt ihr? Schaffen wir das? 2 Level. Wenn wir... Also bei Kloster, wir sind dann... Jen ist wahrscheinlich Level 40 oder 41. Hab ich noch genug Gifte? Ich bin wahrscheinlich Machen wir noch ganz kurz 37. Gifte auch hier und ich gehe zum Schurkenlehrer und dann... Jons war wahrscheinlich auch so 37. Und Lost Kitten ist halt vielleicht hoffentlich 36. Und Gucci, also unter Tank wäre dann halt so 40. Was denkt ihr? Reicht das? Sollte schon gut gehen, oder? Der Endboss ist 42. Ja, 42 halt schon ein bisschen hoch, für, wenn die Damage-Dealer halt alles 47 sind, aber es sollte irgendwie schon gehen, oder? Also wir werden zwar viel verfehlen, denke ich, aber solange unser Tank ein hohes Level hat, soll das schon irgendwie passen, oder? Ninja, ja. Ori, thank you so much for the 100 months. I appreciate that so much. Thank you so much. I hope you're doing well, Ori. 100 months. Let's fucking go. Gucci wird dann tanken. Ist wahrscheinlich 40 dann. Ja. Wenn ich Sauerspielen zurückziehen und keine Ads weglaufen lassen, sollte es okay sein. Ja, also ich habe vom Trash habe ich nicht so Angst, wenn wir das würde ich halt einfach vorsichtig spielen. Ich habe da ein bisschen, also am meisten Angst von einem Boss, der halt dann echt High-Level ist. Weil der Trash wird ja so Level 40 sein, das passt schon maximal. Aber ich habe halt ein bisschen Angst, wenn der Boss irgendwie 42 ist, dass man dann halt nichts trifft. Und das irgendwie ewig dauert, aber... Meinst du mich? Achso. Nee, Nora. Ich weiß es nicht mehr. Was denn? Ist da nicht Horde-Wachen am ja, hier ist, also auf dieser Kreuzung ist so ein kleines Horde-Camp. Wir sind einfach nur vorbeilaufen. Also hier vor uns. Seht ihr das? Ich warte mal auf euch. Ja, warte mal einfach nochmal.
Viel Spaß bei PoE 2, Neil. Viel Spaß, viel Spaß. Auf PoE hätte ich dann auch wieder Lust. PoE macht schon Spaß. Ich bin zwar ein echter Noob, weil ich irgendwie erst vor kurzem angefangen habe. Und das ist so ein bisschen scheiße irgendwie, weil ich würde gern alles wissen. Ja, wir sind da. Eigentlich können wir jetzt schon porten, ne? Hier an der Stelle. Ja, sag Bescheid, ich bin allzeit ready. Ja. Dann lass mal porten. Das passt. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie das falsche Addon runtergeladen habe, aber Slash Bank funktioniert bei mir nicht. Hm. Oder muss ich irgendwas anderes noch machen? Nee, eigentlich nicht. Habe ich das falsche Addon? Kannst du mal aufhören, mich so anzugucken? Nee, Was es buggt meinst bei du, manchen, Floster? glaub ich. Bei mir geht's auch nicht uns verändern. Aber Ich soll was vielleicht machen? haben wir auch das Voll Falsche. schade. Du möchtest, dass ich dich weniger angucke? Ich auch porten, Jones. Warum das denn? Eine Sekunde. Ich wollte. Warte, ich Warum? kann auch schnell gucken, ob ich noch was Was hast du für ein Problem? Weil ich glaube, ihr schadet es sonst kann. Ich glaube, du musst dann nehmen. Ja, okay. Gerne. Ladet mich gerne ein. Ich werde ab jetzt so spielen. Supi. Danke. Nee, komisch, dass es nicht klappt. Schade. Oder muss ich das irgendwie in Gilden-Chat ganz wichtig oder so? Es kann sein, dass es einfach nicht synchronisiert hat. Nee. Und dass es bis dahin nicht geht, Oh, jetzt soll hier eventuell. jemand reden wieder. Oh. Jetzt nicht mehr. Okay. Let's go. Ich bin ready, wenn ihr ready seid. Verfluchte Schattenhunde. Level 7. Ja. Süß. Also, wir machen Graveyard und was machen wir noch? Bibo. Bibo, ja. Was gibt's noch? Waffenkammer. Und. Ja, aber ich glaube, da sind wir alle zu low für. Meinst du? Chris, Dankeschön für den Prime und... Boss 42, ich bin 37. Ja, und nicht aus. Okay. Warte mal, gehört die zusammen? Die müsst ihr Boah. hören, oder? Keine Sorge, Das gibt's Leute. nicht. Mach Einer, der erste heißt Chris 1608 und der andere heißt Crispix 86. Anhilfe. Das war Zufall? Nein. Verarsch mich nicht, das war kein Sehr Zufall. Sehr gut. Ja, Chat, dass ich Echt? bloß ja komplett machen kann, weiß ich auch. Der Double Christoph war kein Zufall? Und beide ist 6 und eine 8 im Namen. Lol. Oh, ich muss jetzt... Ey, what the fuck? Ihr gehört echt nicht Ich hab wieder zusammen? deine Playlist an mit dem. Oh mit dem mein Zeug Gott. Von dem Spiel. Ja, obskur. Wie? Okay, das ist jetzt Ja. total random. Habt ihr am das selben musst du Tag noch Geburtstag spielen, oder so? Das wird meine. Oh, heißt ihr beide Chris? das Habt ihr am wird immer selben Tag meine Geburtstag? Dungeon-Playlist jetzt gerade. Nein, Oder wenn- epische Musik, aber die ist Wenn zu du- ausgelutscht. Wenn du dann irgendwann Claire Obscure spielst, dann verbindest du damit 6. und 8. Okay. Und der andere Noch Chris? geiler. Du musst es wirklich spielen. Hast du zufällig auch am 6. und 8. Geburtstag? Mal schauen. Ich bin eigentlich so. Story-Game-technisch. das Ach, bei dir ist das ja. Okay. Trust. Close enough. Wow, okay, was ein Zufall. Das ist ja... Später mal einen Oh, Trailer wie rein, cool. mal gucken. Ja, willkommen an bei der Chris. Chrises? Das ist die Mehrzahl von Chris. War das erst Zwei mal raus, das Chrises. Game? Bestimmt. Hey, Hey, gerade guten Abend. Wie geht's, wie geht's? Ah, ja. Irgendwann. Die zwei Krisen. Mehrzahl ist Oh, wie einfach schön ihr ist es, Ficker. dass wir gerade WoW zocken können und die Server nicht down sind. Können wir das mal ganz kurz appreciaten? Auf jeden Fall. Weißt du, du solltest sowieso jeden Tag 3 Dinge appreciaten. Ja. Ich appreciate das. Oh, the fuck, warum hängen hier Leichen am. Okay, boah, das ist krank. Das appreciate ist das ich auf jemals jeden gesehen Fall. habe, WoW. Das appreciate ich auch. Ich appreciate, dass mir meine Schwester vorhin ganz tolles Essen vorbeigebracht hat. Oh, was hat sie gebracht?
so Reis und dann so Gemüse so als Curry obendrauf. Aber so wie in so einem Auflaufding, so voll süß. Wow. Selbst gemacht? Wow. Oh ja. Ich appreciate, dass wir heute so eine tolle Truppe haben und so schön leveln und WoW Spaß macht. Rede. Und dass ich gesund bin. Oh. Rede! Ja. Er braucht eine Schwester. Bei Noch eine euch? Schwester, oder? Ich appreciate, dass ich gesund bin und keine körperlichen Schmerzen habe. Ich appreciate, dass ich eine geile, cozy, aufgeräumte Wohnung habe. Ja, Mann. Ich appreciate, dass mein Nachbar vorhin mein Paket vom Flur von unten, weil der Paketbote zu faul war, mir mein Paket nach oben gebracht hat. Das ist aber echt nett. Wow. Ja. Die auch so lange Loading Screen, ja, ne? Ja, immer. Ja, Okay. jetzt sind wir da. Nagura, also lass mich einfach im Stich. Ich weiß jetzt, wie man Advantage benutzt. Okay, chill. Erstmal buff ich euch. Ja. Erstmal kurz chillen. Und Chat, erinnert mich bitte an meine Gifte. Das ist echt ein bisschen Ich bin wieder Trauma-Überwältigung 35, hier, ne? Nagura. Also nicht hier im... Ja. Hier sind wir nicht 35. gestorben. Wir sind in der Bibliothek gestorben. Ah, okay. Erst Also mal noch aufwärmen einen Schritt hier. weiter. Genau, Ich ja. bin trotzdem immer noch 35. Genau wie ich gestorben bin. Nee, Oh nie ohne nein. Bröki, Das das ist ist ein Bug. Ich habe nur... Warte, Achtung, ich brauche immer noch Mana. Mhm. Ich habe die ganze Zeit mit Bröki durchgeballert. Oh, ich habe vergessen, Wasser zu kaufen. Oh, shit. Ich habe echt gar Ich nichts. hab nicht so viel, ich habe 8. Oh nein, oh Gott. Oh nein. Ist hier ein Magier hier? Warte, ich guck mal, ob ich was für dich habe. Ich kann dir ein bisschen Melonensaft geben, glaube ich. Ja, das Ja. wäre schon nett. Bitteschön. Melons. Ja, da glaube ich auch nichts machen. Droppen die vielleicht was? Da kommen gerade Vibes hoch, aber Jen ist nicht mehr die Priesterin von damals. Rede. Also Jetzt ich kann ich sie alle appreciate retten. nicht, dass mein Chat mich nicht daran erinnert hat, Wasser zu kaufen. Oh. Die haben eine Aufgabe, ne? Sag, wenn ihr bereit seid, ja? Ihr Ficker! Wir sind bereit. Okay. Yes. Ich bin auch bereit. Oh Mann. Gleiches Level, gleiche Truppe. Hallo, Nicht Hammer ganz so funktioniert. gut. Jetzt haben wir nicht Bröki. Oh. Wir müssen einfach aufpassen, dass... Das war letztens der Fehler, dass wir uns das nochmal hier klar machen. Einer ist weggerannt, hat noch 2, 3 andere gepullt. Hast du es Und lösen? im Formatieren haben wir noch einen dazu gepullt. Und dann hatten wir zu viele. Hast du schon ein Gift, was verlangsamt? Nee. Ich habe einen Fluch, dass sie nicht weglaufen. Kann ich drauf machen, wenn ihr wollt. Ich pull zurück einfach. Stimmt, wir haben Revel nicht. Revel war der Schuldige. Ich war übrigens mit ihm nochmal Kloster. Ich habe ihn alle 5 Minuten vorgehalten, dass er dich getötet hat. Die ganze aber Zeit. hat er nicht Nonstop hat er gemacht. sich das angehört. Die ganze Zeit hat er sich das von mir angehört. Immer wieder. Oh ja, ich will ja noch am Leben. Willst du nicht mal jetzt jemanden töten? Haben wir immer noch Loot alle gegen alle eigentlich? Achso, Ich glaube, ja. ja, ich ändere das mal. Jetzt. Nack, Dankeschön für die 3 Monate. Vielen Dank. Wir haben gerade ein Problem. Ich muss ungefähr 30 Sekunden Pause machen. Das ist okay. Meine Katze sitzt gerade auf der Maus. Oh. Oh. Ja, sehr gut. Auch mal einfach warten. Mädchen, geh mal weg. Da muss man auch Prioritäten setzen einfach. Ja. Okay, ich mach weiter. Ich finde so cute, wie Gucci seine Katze immer Mädchen nennt. Mädchen jetzt. Jetzt geht er mal weg. Ich charge rechts rein direkt. Erzählt mir,
Erzählt Der mir Gucci ist alles. leider richtig leise, auch für mich. Also ich habe ihn schon auf 200% gestellt und ich höre ihn kaum. Also ich kann ihn nicht lauter stellen, leider. Es ist sein Headset irgendwie, sein Headset-Mikrofon, das so schlecht ist anscheinend. Ich entreiße eure Geheimnisse eurem Fleisch. Leute, das war ein Boss. 2k XP, holy. Ja, Achso, der hat ja nichts gemacht. Sind 4 Mobs Nee. diesmal? Ah, okay. Mhm. Da brauchst du uns überhaupt? Wir können auch rausgehen, Gucci, ne? Also, Für die XP kannst du auch die Inni gerne allein machen, Bro. Das ist verrückt. Haben wir alle? Ja. Ah ja, der hat die Handschuhe da. Intelligenz und Willen. Irgendwas. Und ich habe kein Kreissymbol, das wird schon, ja. Ich wünsche, wir hätten World Boss, ne? Wir brauchen schon ein bisschen epische Musik eigentlich hier, oder? Das ist ein bisschen langweilig, die Musik hier gerade. Wir brauchen hier ein bisschen Drama. Sterben zu schnell. Oder? Sorry. Nicht schlimm. 13.000 Schaden. Weitermachen. Okay, Drama, was brauchen wir denn hier? Hier, das da. Okay. Jetzt. Okay, jetzt bin ich bereit. Und die Kiste Friedhof, das hab ich schon gemacht. Das Friedhof ist, wir sind halt so overlevelt für Friedhof. Ich glaube, die Kiste braucht man echt nicht. Das ist nicht so schlimm. Diese Healing Reduction da, entweder man wartet einfach oder man tötet den Boss dann einfach, weil man bekommt dann echt keinen Schaden, weil so viel Damage hat. Soll ich den ganzen Friedhof hier klären? Ich war ewig nicht mehr hier drin. Ich glaube, hier links ist irgendwo ein Boss. Warte. Ja, sonst kannst du einfach durch, aber ja. Ja, okay, ich kann auch einfach durchgehen. Oh, ich kann dich nicht komplett healen. So verflucht war, krieg ich nicht weg. Ach, ja, stimmt, die haben diesen Healing Reduction Curse. Ist Weiß der nicht, wer. Elite da ein Boss? Welcher? Das sind alles Elite, ne? Trugbild? Nein, Oh, nee. ist nicht. Ich weiß nicht, wo der Boss ist. Wer macht den Curse von denen, ist die Frage. Ich glaube, die Kleinen machen den, oder? Nee. Ah, diese untoten, gequälten Terror, die machen das. Also der vor uns, oder? Ja, der. Der blaue. Ist der Boss irgendwie random spawn oder kann der manchmal auch gar nicht da sein? Bin mich gerade verwirrt, weil da war doch irgendwo ein Boss noch, oder nicht? Ah, das können wir unterbrechen. Hat eigentlich wen Kick von uns? Ja. Ja. Den ersten hatte ich unterbrochen, aber beim zweiten war er noch nicht ready. Muss ich nur Ach gerade so. ausnutzen. Okay, der ist ein Boss, der ist aber rare. Also der ist vielleicht einfach gar nicht da gerade. Okay. Ja, egal dann. Tja, Rare Boss. Ja. Das ist verrückt.
Der Totenkopf castet diesen Fluch, wenn du das unterbrechen kannst, Johannesmann. Ja. Perfekt. Nein, Staubsand. Der Arme. Warte, warum haben wir geäfft? Es gab doch gar keine Meldung, oder? Doch, ist jemand gestorben gerade. Ah, habe ich gar nicht gesehen. Haben die das nicht gemacht? Das ist so ein bisschen untergegangen in der Menge gerade, glaube ich. Also manchen wird es auch nicht immer, manchen wird nicht alles angezeigt. Heute ist eine 5er-Gruppe gewiped. Komplett, alle 5. Ah, man hat ja nur 2 oder 3 gesehen, glaube ich. Oh, alle 5 Also mir sind wurden nur gestorben. 2, 3 angezeigt, aber Leon wurden alle angezeigt. Ach, komisch. Ja. Der Totenkopf macht den Fluch. Den einen von Jen hier. Nice. Haben wir Gruppendings? Also guck hier, wir können rollen. Hier ist eine Truhe. Nice. Haben wir Gruppenloot? Ist an, ja? Glaub schon. Check. Ja. Gefühlt noch 100. keine einzige Sache gelootet. Oh, wer hat 100? Du. Ich! Ich Glückspilz. Na dann. Na dann. Mäßig schiebst du es an wegen Wasser und trink nicht einmal, weil Gucci den ganzen Damage macht. Krasser Helm. Ich mache extra wenig Damage hier Ja, gerade, Intelligenz und weil Willenskraft bringt mir wir nicht machen so ja noch viel, wenn jemand Bibliothek von und das ist ein euch bisschen höheres Level. Und dann ist besser, wenn ich das maybe im könnte Wasser ihn da gebrauchen. habe. Ich guck mal. Glaube ich. Obwohl, nee, doch nicht. Ich habe einen besseren. Danke. Ich benutze halt nicht so viel Mana gerade. Wir dürsten nach Rache. Keine Ruhe für die wütenden Toten. Nice. Geht's da. Dankeschön. Oh, was ist das? Die Offense ist sogar, glaube ich, besser als die von der Quest. Ah, ja, kann gut sein. Übel, das weg ist. Ja, die hatte ich auch mal benutzt, aber ich glaube, meine ist besser. Zugefügten Zauber Schaden und und so. Heilung. Chat hat zumindest gesagt, die ist besser. Hm. Ja, die Ich hier. bin nicht mehr mein Todeslevel. Für Ich einen bin Heiler eins kann es für sein, erst dass mein deins besser Todeslevel. ist. Nice, Johansson. Geht's da. Das heißt, der Fluch ist gebrochen. Zugefügten guck. Schaden, ist das dann was für mich, maybe? Also ich glaube, für Oder- dich Ja, ist es ist wahrscheinlich gut für besser dich, als für die Lost. Quest. Und für Jen ist wahrscheinlich der Questing, Blöd den ist sie anhat, stark. besser. Genau. Ja, ich habe eine Kugel an mit einem Dolch tatsächlich. Genau. Also nehme ich die. Würde ich Nimm schon die, ja. nehmen, ja. Jo, nimm die. nimm die. Okay. Das war's mit Friedhof, ne? Ja. Das war's mit Friedhof. Raus hier. Das war's schon? Ja. Das war ja echt nur so kurz. Ja, Crazy. ja, Friedhof ist kurz. einfach. Aber Bibliothek dauert ein bisschen länger. Geht so. Hm. Wie gesagt, da gibt es auch irgendein Buch, was du noch so einsammeln kannst irgendwo für eine Quest oder so. Wo bekommt man eigentlich den Ja. Schlüssel für die anderen Dungeons? Ich glaube, in dem Buch. Okay. Das ist das Buch vor dem Endboss, dieser Gang vor dem Endboss, wo dann so links und rechts noch ein bisschen mehr Platz ist. Hm, okay. I guess. Wie Ich bekommen wir versuch den drauf jetzt? zu achten. Vielleicht auch der Endboss, ich weiß es nicht. Ich bin wirklich zum 3. Mal hier. Sind wir Okay. sicher? Jetzt machen wir Ich weiß Bibliothek. nicht, es respawnt manchmal hier was, ne? Aber Hier ist noch eine Truhe. Roll. hier respawnt, ja. Schat, jetzt machen wir gleich den Dungeon, wo ich Wie kommt man gestorben hier bin. raus? Schaffen wir das? Ben. Oh. Nimmt ruhig, ne? Also. Ist gut. Ah ja, hier. Gendern öffne. Ich brauch das nicht, ich will das nicht.
Na gut, dann öffne ich. Ah, Kannst du ja scheiße, geben, wenn- muss ich die Kiste nehmen. Na gut, dann öffne ich sie halt. Ach, Mann, ey. Alter, Zweihand. 89 Jahre alt, ist glaube ich sehr langsam, I guess. Ist halt gut, Köstlicher ne? Langsame Höhlenschimmel. Ja, aber 3,1? Ja. Aber ist zu schnell sogar für eine Zweihand. Meiner 3,6. Okay. Aber ist halt Zweihand. Ist nicht so wie bei Einhändern. Aber ja. Stärke und Ausdauer halt noch mit drauf. Okay. Aber fast ein Gold, ne? Stimmt. Ja, erstmal rein. In den Unglücksort. Hey, bleib stehen. Danke. Ich fühle mich irgendwie sehr wohl hier. Ich weiß nicht warum. Guck mal, wie die wegrennen, wie die rumlaufen hier. Ah, gut, ich muss auch aufpassen, dass du da nicht irgendwie wo reinrennst. Jo, ich kenne alles. Wie gesagt, also es können echt viele werden auf einmal. Bleibt einfach hin. Ja. Oh Leute, genau hier. Ja. Sakura. Ja. Genau hier. Genau hier lag Es war hier. Traumabewältigung. Die zweite und dritte. Ja, ihr kriegt das schon hin. Okay, kurz Gruppenbesprechung hier. Also, wir haben hier unser Leben verloren. Unser letztes Leben. Aber dieses Mal schaffen wir das. Wir halten zusammen und wir lassen niemanden zurück. Und wir werden es dieses Mal lebend hier rausschaffen, okay? Ja. Let's go! Yippie. Nickt. Ja. Ihr Ficker! Okay, rauf da. Wir werden uns rächen. Stell mal vor, einer stirbt jetzt hier wieder, das wäre crazy. Oh nein. Irgendwie lustig. Ich bin das dann. Oh nein. Immer schön auf die Person auch gehen, die low ist, damit die wirklich... Aber die rennen ja maybe weg dann in der letzten Sekunde so. Mhm. Dass Mit sie dann meinem wirklich Flug rennen die nicht fokussiert weg. auf die Person zusammen sind. Warum kann ich nicht in Verstohlenheit? Eine Verstohlenheit buggt. Hab ich irgendeinen Fluch? Ah ne, weil ich anscheinend noch vorher schon im Kampf war. Du musst halt Bescheid sagen, wenn du zu viel Damage bekommst, Gucci, weil Ronja macht den Fluch drauf, aber die machen halt mehr Damage, ne? Die Mobs. Stört mich nicht. Okay. Ich mache auch immer erst dann, wenn sie kurz vorm Sterben sind. Ah, perfekt. Vorher mache ich einen anderen Fluch. Perfekt. Heißt, wenn ihr mit Totenkopf so ein bisschen machen könnt, damit ich es sogar noch besser sehen kann, wäre... Ah, ja, können wir machen. 10 out of 10. Perfekt, geil. Nice. Immer vor einen anderen Flug. So, jetzt mache ich zum Beispiel den nicht weglaufen Flug und dann läuft sie trotzdem weg. Ah, nee, sie ist nur mit dir gegangen, ne? Ja, ja. Oder? Ja, ist mit Okay, mir gut. Ja. Okay, gut. Gucci läuft dann immer so halt, nach die hinten Priesterin. und holt die zu uns. Ja, Jungs, mal Ich ziehe, bevor die ist die Load gestorben? automatisch mal ein bisschen weg voneinander. Auf den Hund oder auf sie? Völlig egal. Na gut. Wenn das so ist. Nur die Humanoiden laufen weg, ne? Genau, ja. Okay. Perfekt. Einen Moment. Oh Gott, dieser Ort. Ja.
Möchtest du wieder raus? Ja. Ja, ich mach geschillt. Ich Hm? hab mir hier schlechte Erfahrungen gemacht. So. Dankeschön. Oh, Gucci ist cute. Gucci möchte bestimmt reinchargen in alles und so Wenn wir ein jetzt bisschen mal Mana aber trinken. wegen uns macht er ein bisschen So chill, mit- weil wir hier gestorben sind. Ich mach's So. so. Richtig cute. Hey Luna, wie geht's? Ah, das Lied. Bad Memories. Ja, das passt ja perfekt. Nice. Echt so lustig, ich mach so wenig Darmstadt. Ich mach schon hier, wie heißt das nochmal? Dieses Seal Twisting und Pro Judging und das bringt aber nichts. Noch einfach kein Schaden. Gehen wir rein oder? Ja, ihr könnt Wie schon. ist die Ansage? Ah, ja. Okay, Ja, sorry. kein Problem. Wartet hier kurz, ja? Mhm. Ich ergreifen sofort. Glückwunsch zum erneuten Stream in der Woche, bin ich. Wann wird das überhaupt irgendwie nachgeguckt? Also wann zählt das irgendwie, Hier oder? ist ein Caster, kannst du ihn interrupten gehen? Schaut's mal. Wo ist ein Caster? Hinten rechts. Ich zieh. Was soll ich mit dem machen? Unterbrechen, damit er zu uns kommt. Aber jetzt sind wir eh schon da. Ah ja, der da. Sorry, ich habe ihn echt nicht gesehen. Nicht schlimm. Stream als Post ist immer auf Insta, ah, okay. Eigentlich das ist schon krass. Oh Mann. Vielleicht droppt jetzt die Hundeflöte. Ja. Hast du genug Mana? An die Hundeflöte? Ich glaube, der kann die droppen, ja. Ich glaube schon. Was macht die? Holt so einen Hund und der beschützt dich. Ja, ich will den Hund. Bitte. Aber jedes Mal bin ich hier und der droppt ihn nicht. Ich gehe da rein. Okay. Ready? Mhm. Lass die Hunde los! Lass die Hunde los! Oh. Nicht gedroppt. Schade. Leder. Nice, nice. Gegen Wildtiere halt krass, ne? Aber. Kurz Mana.
Has anyone left Sauerkraut yet? I don't think anyone officially left Sauerkraut, but there definitely are quite a few streamers that stopped playing. I wouldn't be able to like name them all, but there definitely are a few. Hab eben Gucci abgecheckt für ein Plusspiel, das ist echt entspannt. Ja, ne? Aber man muss sagen, also ich finde die High-Plus-Spieler generell, also ein Plus denkt man ist so toxic irgendwie, aber meistens, also die besten Plus-Spieler sind dann meistens nicht toxic, ne? Finde ich. Also oft in so Spielen, wo die Leute dann irgendwie so ein bisschen toxic sind es meistens die nicht die besten sind, sondern vielleicht eine Stufe darunter. Finde ich immer. Weil die dann aus irgendeinem Grund halt nicht hochkommt zu den Besten und dann immer irgendwie die Schuld an anderen suchen, statt bei sich selbst. Sonst nicht nochmal. Immer so Standard, finde ich. Aufpassen. Nochmal das Skymark, bitte. Auf den Totenkopf. Kannst du eventuell auch den unterbrechenden Caster, dann kommt er zu uns. Nee, da ist ein Pick. Ah, okay. Ich zieh den jetzt. Und einfach hier hinter. Nice. Ui, was ist das? Aufpassen, links ist weg. Mhm. Wir gehen da rein, glaube ich. Die Patrol ist ja tot. Fokus Ja, links erstmal clearen, oder? Ja. Let's go. Jetzt ist die Heilerin hier. Mhm. Zieh die raus. Auf den Lowen gehen. Mhm. Jawohl. Nice. Sehr schön, diese Kiste. Slash Roll. Ich brauch's nicht. Agora. Nice. Viel Spaß mit den Wildschweinschenkeln. Ja. Ich glaube, ich poliere einmal zurück. Okay. Wir gehen schon gerade auf die andere Person. Dass sie schnell fertig machen. Nice. Soll ich sie safe spielen oder wollen wir ein bisschen Action? Wir können schon immer zurückpullen, weil es sind viele Caster. Das ist ganz gut, wenn wir mal zurückpullen hier. Okay. Ich habe gehört, hier stirbt man schnell. Ja. Oh. Nice. Wir können die auch wieder ganz rauspullen.
aufpassen. Ich bin hier gerade noch auf der falschen Person. Finish die kurz mit hier. Mhm. Hier gibt's kein Falsch. Alle haben Leben. Ja, das stimmt. Einfach. Ja, aber halt nicht auf den toten Körper. Ich bin ein großer Verfechter von alle auf eine Person. Okay, wir machen das gut, wir machen das gut. Der letzte Boss kann irgendwie schieben, das, oder irgendwie Line of Sight oder so, oder? Aber das werden wir schon noch rausfinden. Für wen sind das eigentlich schwere Rüstungen? Immer nur für Tanks oder? Nein, nein, ab 40 auch für Jäger. Also bis 40 kann das nur Paladin und Krieger tragen und ab 40 dann auch Jäger. Kommt einfach mit. Mhm. Ja, Schamanen habe ich jetzt nicht erwähnt, weil es gibt halt keine Schamanen hier auf Allianz. bis ich Jonas man jetzt erklärt hat, was ein Schamane ist. Mal schauen. Sag's doch. Also, ich glaube, wir sehen es auf der Map, das am Ende, oder? Im letzten Raum. Kann sein, ja. Sieht so ähnlich hier auch aus. Deswegen In welchen? bin ich mir nicht sicher. In welchem Dungeon war das mit dem Bild? Da war auch ein Bild, oder? Nein, in dem ich noch nicht war anscheinend. Oh. Was für ein Bild? Besser von dem Buch hier. Ja, da war so ein Bild an der Wand. Oh. Ja, ich erinnere mich auch, da musste man hier, wie in diesem linken Raum hier irgendwie, Genau. und da musste man Aber dann ein rechts Bild war so ein anklicken. Aber Ah, ich war weiß nicht, das ob hier das Solo? so Classic war oder ob das später. Kommt rein, kommt rein. Hm. Die Patrol kommt jetzt und wir killen die da hinten links direkt. Okay. Ja, wartet, wartet. Kann ich nochmals dann? Also doch, schon. Muss man Solar Plexus auch dafür nutzen. Kostet dich das viel Damage, das dann? Nee. Kostet mir von meinen 100 Energie, glaube ich, 25 oder so. Aber trotzdem muss ich die erstmal haben, wenn ich ein bisschen spam. Ist trotzdem ein Viertel. Ah, das mit dem Bild verstrahlen. Aber ich ja, hab halt Swat, Cooldown ja. drauf. Deswegen kann man nicht so schnell. Kann man nicht zwei verschiedene direkt. Ah, guck mal, hier ist das Buch. Aber wir haben die Quests nicht. Eigentlich muss man irgendwas mit diesem Buch da machen. Ja, genau. Das ist das. Ihr habt ja die Skelette besiegt und dann müsst ihr noch irgendwas machen, glaube ich. Die Vorquest. Aber letztes Mal konnte ich das auch anklicken. Ah, wir haben die Quest. Und Wir hab haben die das mit den Quest schon. Skeletten nicht gemacht. Mir hat das irgendjemand geteilt, glaube ich dann. Oder es, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir hätten das schon machen können, weil letztes Mal konnte ich die Quest machen. Also wir müssen Ich hab hier hier gerade auch nur einfach zwei nur den Stück Boss in der- töten. Wir müssen den letzten Boss töten Ah, für guck die mal. Quest. Ach, guck mal, Johnsman, du hast Gucci die hat mir Quest gar nicht geteilt. gehabt. Ja, das Problem ist, du musst auch den Hundemeister killen. Ah, shit. Checke. Ah ja, hier, ich sehe es. Hochinquisierter, bla bla bla, Hundemeister. Dann kriegst du das morgen. Habt ihr die alle, oder? Ja, also, Ja. nee. Also das ist, in jedem Dungeon Ach so, musst die du haben- eine Sache machen. Und den Hundemeister, den hatten wir halt vorhin gemacht in Dungeon, aber du hattest die Quest noch nicht. Hm. Einer ist jetzt hier Aber der letzte Boss und die anderen zwei sind Ohne in Full den Run hohen können wir das Dungeons. ja eh noch nicht machen, oder? Also, Wir müssen noch zwei machen, also die anderen. Deswegen machen wir erst morgen dann. genau. Nein, Im Friedhof können wir einfach noch mal rein dann für dich. Oder Bibliothek oder was es halt eben war. Ach Dieser so, Dungeon stimmt, hier. das muss man ja gar Friedhof nicht muss mehr. er nicht. Ja, das wäre nett.
Ihr könnt rankommen. Jawollo. Wann ist Booty Bay Buff? Das verpassen wir jetzt, ne? Ich habe immer 19 Uhr. Heilkrankenmangel. Weil ich die nicht selber Ja, machen das kann und ist immer mir fragen egal. muss. Hallo, ihr Süßen. Hat Hallo. jemand von euch, Unionsmann, hat einer von euch unzufällig die Unterwasseratmungstränke bzw. Alchemie und kann die herstellen? Ja, ich. Echt? Ja. Magst du mir welche herstellen? Ich bräuchte auch welche für Slay. Das Problem. Angelt jemand von euch? Nein, aber das wäre die nächste, dann wäre das die nächste Aufgabe. Ja, ich brauche. Weißt du, was ich brauche? Hm? Ja, Schwarzmaulöl, ne? Also Genau. Schwarzmaulflossen. Ja, genau. Ich los und besorgt die. Danke. Alles klar. Ich komme gleich nochmal auf dich zurück. Vielen, vielen Dank. Yes. Okay, hier ist der Chat. Warum kann ich nicht? Naja, egal. Okay. Guten Abend, Helax, wie geht's? Mit ein bisschen Tempo, schafft ihr das noch? Boah, nee, Booty Base. Also ich habe meinen Ruhestand in Sumpfland. Booty Base ist auch zu weit weg, glaube ich. Es dauert ewig, dahin zu fliegen. Also mit Port vielleicht halt, wenn jemand porten könnte, aber schwierig. Geil. Gibt's noch mal irgendwas beim Endboss? Ich kenne nur noch die Retail-Version. Man geht einfach rein, man schnetzelt den. Irgendwann steht da, dass der jetzt so eine Explosionsding macht. Und wenn er das, genau, und dann gehen wir einfach schnell raus um die Ecke und dann gehen wir wieder rein. Und Schieb macht er nicht, oder? Also, dass irgendwen schiebt oder so? Wurde letztens einmal gemacht, aber das kann ich direkt wegmachen. Ah, okay. Stimmt. Ich glaube, das einzig harte ist ja wirklich die Detonation, weil das hat mir letztens auch halt entspannt, alles 60% weggehauen. Also da hatte ich aber auch noch schlechtere Sachen mit 35. Das war noch auf dem alten Char und da war ich noch ein bisschen hinterher. Wo ist denn das? Nice. Okay, gut. So far, so good. Wir leben noch. Ja. Ich glaube, den letzten Boss haben wir eh um. Das Lied ist ja jetzt gut, das passt.
Habe ich das Add-on aus? Trinkst du noch voll? Für den Ich Boss, sehe oder? nicht, wenn Leute sterben. Was ist voll? Nee, ist schon an. Kurz trinken. Also das kommt doch, da kommt doch nichts, oder? Naja. Mal auch ganz Genau, also kurz. hier wirklich nur auf die Detonation achten, die kann in echt wegcrashen. Wie habe ich Kriegen wir schon hin. 2000 Gesundheit? Was habe ich denn alles für Buffs? Ich trinke noch eben So, ganz sind wir kurz. ready? Dann stellt euch hier hin, ihr Moment. könnt eigentlich die ganze Zeit hier stehen. Ich denke Hinten einverstehen. einfach hier. Ich denke dann Da. direkt in die Türschwelle. Okay. Ja, das Ei. kann Also holst du ihn her? Ja, ja. Aber dann können wir bei der rausholen würde ich Detonation ihn doch nicht. nicht. Ja, rausholen würde ich ihn nicht, weil wir Nee, müssen ich lasse rausgehen. den hier stehen. Hier. Ja, genau. Mhm. Okay, sehr gut. Ihr werdet diese Mysterien nicht entweihen. Ihr werdet die Mysterien nicht entweihen. Der ist immun. Gegen die Gifte, oder? Hä, ich habe ihn doch auch eigentlich getreten. Wer hat der... Ich bin Ist gesilenced. immune Ich bin wahrscheinlich. gesilenced. Ich bin gesilenced. Ich bin's. Brennt im Feuer der Detonation. Rechtschaffenheit. Weg da. Wegrennen. Mhm. Jawohl. Können wir rein? Wieder rauf. Ja. Stell dich ein bisschen weiter Den weg, Arm hab ich Jen. still. Stell dich weiter weg. Ja. Okay, geil. Er hat mich verwandelt. Bin ein Schäfchen. Können wir gerade nicht wegmachen. Okay. Ja, Super. egal, ist gut. Alles gut. Oh! Wow. Wow. So. Gönn dir. Hier ist Sieht noch eine sick Kiste für aus. den Schlüssel. Alter, Ne? 5 Wo ist Ja, die da schon? hinten ist Schlüssel. der Schlüssel. Ja. Genau. Aber wir können jetzt noch Booty Babe abholen, wenn ihr schnell Booty Babe fliegt jetzt. Oh ja. Ja, let's go. Oh, wenn wir was machen? Booty Babe fliegen. Let's go. Raus hier. Naja, von Stormwind aus, oder? Ja, ist am Kann schnellsten. hier jemand orten dann? Oder hast du keine Steine mehr? Habe ich den? Lost. Jetzt habe ich keine mehr danach. Oh. Jetzt bin ich Wir leer. könnten nicht noch mehr Gegenstände tragen. Habe ich den schon? Hast du den jetzt oder? Ich sehe den bei mir gar nicht im Inventar. Er ist im Schlüsselbund, also nicht in deinem Inventar, sondern das ist eine extra Tasche. Ah, Ich kann nur nicht looten, wenn du lootest gerade. sorry. Man sieht sie. Ich Nicht sehe ihn aber auch schlimm. nicht in meinem Schlüsselbund. Und dann doch, hier fliege ich unten. jetzt? Never Hoffentlich nicht 8 Minuten. Nee, bei Gut, mir dann, sagt das auch. Okay. Let's go. Port. Ruhestein. Nein, Ruhestein erst in 8 Minuten. Tot. Ich hoffe, die respawnen jetzt nicht hier, dass ich alleine jetzt im Kloster bin. Oh, Nee, bleib einfach da beim Boss, der kann nicht respawnen. okay. Ich bin mal kurz aus Gruppe. Nein, klar, vielen Dank für die 5 Jo. Subgifts. Danke. Lost, du kannst mich nicht teleportieren zufällig, oder? Nee, ich habe alle Steine jetzt Willkommen aufgebraucht für die Ports die ganze Checke, Zeit. checke. Käsebrot Ja. mit Senf. Ja, dann hole ich mir einfach. Ultimate, Fendor, Suthix und Du Wild. Ah, aber wenn du aus Wie der viel- Gruppe rausgehst, dann wirst du automatisch geportet. In der Minute. Mach das mal. Genau. Das ist natürlich smart. Und dann wäre ich wohin geportet? Da, wo mein Ruhestein ist? Ich glaube oder? schon, ja. Das ist generell wär gut zu natürlich, wissen. Also, wenn du im Dungeon wipest oder so, kannst du auch, wenn der Ausgang jetzt Ist ja echt ultra weit geil. weg ist, dann gehst du einfach aus der Gruppe raus und bist dann geportet irgendwann. Geiler Call. Natura, sehr geiler Call. Nee, wirst du zum Ruhestand geportet oder nicht? Die Schlüssel in der Kiste im Raum. Ja, hab ich. Danke. Er wird doch nicht vor die Indie geportet, ne? Also schon, wo er Ruhestand hat, oder nicht? Ruhestand? Okay. Okay, alles gut. It's Anniversary Server, yep. Nee, man wird Ruhestand geportet, Freunde. Alles gut, alles gut. Er wird nach Stormwind geportet. Alles gut. Alles wieder Ruhe Es hier. hat wirklich geklappt. Ich bin halt wirklich in... Ist das geil. Schaffe ich jetzt noch nach Booty Bay, wenn ich ganz schnell fliege? Ja? Fünf nach oder so, ne? Ich glaube um 19 gar keine. Uhr. Also in 6 Minuten, aber schaffst du schon trotzdem.
Ich glaube irgendwas nach. Nee, ZG kommt um. Ah, nee, 19:08 Uhr, genau. Stimmt, 19:08 Uhr ist ZG. Ey, dann schaffe ich's. Ja, Gut, ich flieg easy. Booty Bay. Kann man da Geilo. irgendwo einen Splitter besorgen im Booty Bay? Nein, ne? Wo bist du, Gucci? Ich bin gerade am Hinfliegen. Ah, schon gut. Ich ja, 19:08 Uhr, aber das schaffst du schon, glaube ich. Ja, ja. Ja, das Dungeon war schon ein bisschen stressig jetzt. Aber trotzdem gechillt. Oh Mann. Ich bin fast. Wir haben noch gar nicht 36. gefeiert. Traumabewältigung geschafft. Ja, Yippie. let's go. Yippie. Ja, du bist das auch. Wichtig und richtig. Auch wenn es extrem schnell gerade ging alles. Ja, es ging echt schnell. Voll krass. Yippie. Easy peasy. Was ist das Lemon nächste Ziel? Squeezy. 40. Das ist ein hohes Ziel jetzt erstmal bei. Okay, fangen wir was dazwischen an. Gibt es eine Portalgruppe? Ja. Okay, nice. Aber einfach in der Gruppe. Yes. Okay, wo wollt ihr denn gleich wieder leveln gehen? Wollen wir in den Dschungel sonst leveln gehen? Ja, das würde auch gehen eigentlich. Aber ich glaube, ich bin erstmal weg nach dem Buff. Komplett weg? Ja. Gönn dir. Bin schon 10 Stunden on. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Caro, du Ja. darfst gerne auch frei machen. Es ist ja auch schon ein langer Tag für dich gewesen. Das stimmt. Habt ihr von Hytale mitbekommen? Hytale? Hieß das Hytale? Nee. Dieses Minecraft-Fake-Ding jetzt? Nee, was Wie war heißt das? Ja, irgendwie sitzt wieder super hypey neues Spiel. Und das soll halt besser als Minecraft sein, weiß ich nicht. Hytale, ja. Ah, okay. Aber keine Ahnung. Nee, nichts mitbekommen. Habt ihr den Skandal mitbekommen mit diesem Fake, mit der Fake-Reality-TV-Show da? Nein! Oh, nee, was für ein... kurz Was? leiden. Mr. Morgame ist gestorben. Level 37. Nein! Oh, Ich habe schade. schon wieder keinen... Ich krieg das auch nicht gerade. Ich krieg gar keine keine. Zeit. Ich krieg keine. Mori. Oh nein. Welches Level war er? 37. Oh, Schwester, scheiße. weißt du, der ist da gestorben, wo wir vorhin diese Dinger mit dem Geisterorbs geholt haben. Nein. Oh. Fuck. Alleine. Er darf doch da nicht alleine rein. Shit. Ah, shit. Shit. Sad, ey. Moritz gestorben mit 37. Fuck. Ich frag mich auch, wo er stehen wird. Irgendwie sehe ich hier niemanden. Ja, ich sehe auch keinen. Oh Mann. Gikon ist mit 25 gestorben, weil es da ein bin ich mehr Elun-Makro rein. nicht ging. Echt nicht? Wow, wirklich nicht? Oh, shit. Ja gut, man muss auch sagen, also wenn er das Makro dann nicht gehabt hätte, dann wäre er halt auch gestorben dann. Also er ist nicht am Makro gestorben, sondern, also klar, wenn das Makro funktioniert hätte, wäre er wahrscheinlich nicht gestorben, aber weil einige Leute sagen halt, oh, sie machen lieber kein Makro, Still angekommen im weil wenn es nicht Booty geht, Bay. Wir dann auch. ist halt blöd. Aber das Ding ist halt, Langsam. wenn es nicht geht, dann benutzt du ja trotzdem den Trank. Also klar, wäre nice, wenn das Makro geht, aber... Ich sehe den Warlock nicht. Aber was schreiben die Leute denn da falsch?
Ich Weil auch das, nicht. Ich also glaube, ich es geht fliege ja einfach selber. so. Use Licht, use Ruhestein, ne? Also, man muss da echt nichts Kompliziertes reinschreiben, oder? Aber nee, use. Verstehe nicht, warum einige Makros da nicht funktionieren dann teilweise. Also wenn man vielleicht den Tranknamen falsche Sprache, das kann halt sein. Wenn du einen deutschen Client hast und du schreibst es Englisch rein. Das ist halt vielleicht das Problem. Man darf nicht mehrmals klicken, man darf nur einmal klicken. Okay. Die Reihenfolge ist wichtig. Ja, die Reihenfolge ist Noch sehr könnt ihr wichtig. fliegen, Also muss habt noch schon den 7 Trank Minuten, zuerst und dann den aber Ruhestein, ja. Weil sonst probiert Sanctuary ja zuerst den Ruhestein Oh, zu wie nett die alle casten. helfen und sagen so, yo, hier, DM me for Portal und so. Voll süß. Oh, Mori gestorben. Oh, shit. Okay, wir haben noch 8 Minuten. Lass uns ein paar Death Clips gucken hier, weil ich habe heute alles verpasst irgendwie. Ganz kurz warten. Nö, bin doch. Ah, die ganzen Low-Level-Deaths schon wieder hier. Warte. Spiel seit 20 Jahren WoW Hauptcontent. Also WoW ist so mein Ding. Hauptsächlich Retail. Mache aber nebenher auch noch ein bisschen Musik. Also Und der Mob hinter dir, der Mob hinter dir, der Mob hinter dir. Oh mein Gott, ich bin tot. Oh nein, bleib doch stehen. Oh, Ich bin tot. oh nein. Warum distorted? Nein, ich sterbe. Oh Mann, sie überlebt halt, wenn sie den Mob einfach finisht. Jetzt Tun falle sie ich das auch nicht. noch runter. Ich bin Ja, tot. so wie im Discord. Überall gleich. Oh nein. Oh, sie überlebt halt einfach, ne? Aber halt Panik in dem Moment. Oh. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Einfach in Dungeon. Ich hab Agro, Hilfe. Bin tot. Ja, ich kann. Oh, das ist, wo alle gestorben sind. Oh, ey, das ist aber echt scheiße. Sind alle 5 gestorben, glaube ich. Warte. Ich hab auch Agro. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Einfach in Dungeon. Ich hab Agro, Hilfe. Bin tot. Oh, fuck. Bin tot. Ja, Freunde, das ist... Ach, Digga, ich hab keinen Bock mehr, Mann. Was? Ich weiß gar nicht, wo der eigentlich Ah, der Mage ist gleich hier. Der fliegt gerade hierher. Wir haben genug Zeit bis oder? auch. Ich bin auch... Digga, Ja, ich sterbe auch. was für Bastarde, wirklich. Haben wir... Ja, Oh, klipp das mal nee. bitte. Nee, das ist Quatsch. Ich sterbe auch. Das ist großer Quatsch. Ich sterbe auch. Oh, shit. Oh Mann, das ist echt scheiße, dass sie da alle gestorben sind. Ach Mann. Ja, ist alles gut. Wir können das im Zweifel hinterher noch machen, aber... Ich wollte das sagen, machen wir ganz nicht. entspannt. Also. Uns darf von einem Riesenpult töten. Wie passiert das denn Gehen jetzt? die alle auf uns und wir sind tot. Ach, sie sind sogar weggelaufen. Ich bin ja noch in Fight, ne, deswegen. Also, Oh, sie haben das sogar gerafft, dass sie das alles pullen. Sie sind sogar weggelaufen. Oh shit. Was machen wir? Gehen wir rein oder was? Wir gehen rein. Okay. Wie sagst du Agro von denen? Unser Tank braucht Hilfe. Unser Tank braucht Hilfe. Ja, ich bin nur... Ah, shit. Ich hab auch Agro, ich hab auch Agro. Shit. Ich hab Agro, Hilfe. Bin tot. Fuck. Ah, shit. Ach, Mann. Ja, schon schade. Fuck. Sind alle nicht so ultra hoch im Level. Also, aber ist trotzdem scheiße, ne? Klar. Warte, ich kann hier nicht Musik hören. Boah, sie hat den echt früh geaggrot. Boah. Oh Gott, der hat sie. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puh, ja, das. Boah, der hat sie echt weggehauen, ne? Boah, das ist schon.
Oh. Fuck. Ist sie ein bisschen low level für das Gebiet hier, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Aber ich denke dran, versprochen. 3 Colas heute Abend exen. Ich kotze mich voll. Aha, was kann ich mir jetzt machen? Oh Gott. Oh nein. Achso, er kann. Achso. Hä? Warte, hat er Elun-Makro? Oder was hat er da gerade probiert? Ah, auf den doch da. Nee, ich verstehe schon, dass er Platte gepult hat, aber warum hat er Ruhestand gedrückt? Warte, ich muss einen Mage suchen gerade. Wo ist Wakayashi? Da unten. Er hat versucht, einfach eine Nase zu ziehen. Ja, er ist ein Paladin, aber du kannst den Hardcore nicht Bubble harzen, das geht nicht. Ja, schade. Okay. Okay, ja, wir pullen gerade ganz viele. Soll ich vieren oder? Nein, nicht viel. Ja, oder haben wir ab? Nicht Nehmen wir weg. auch ab. Chill, komm her. Du hast hier voll Okay. Panik. Jetzt hast du noch mehr Ich habe jetzt noch siehst du? eingepult. Ja, chill. Oh, shit. Mach Damage und renn nicht weg. Weiß nicht. Ich muss jetzt rennen, tatsächlich. Ich hab noch einen halben. Ist das wieder krank voll hier, oder? Oh nein. Das ist nicht gut. Ich Yep. bin jetzt hier raus, ohne Scheiß. Hier ist niemand. Ja, ja, wir müssen raus. Safe. Ich bin jetzt tot. Taschen, ich bin jetzt tot. Alter. Du bist nicht tot, alles gut. Nein, ich bin auch tot. Ich bin auch tot. Oh mein Gott. Zwerge kriegen nein. keins. Warte, ich muss den Port annehmen. Jetzt werden die noch frech hier. Pink Diamond. Du bist Dach. nicht tot. Aber Dach Tot. Ist der, warte mal, wo ist das Dach? Wo ist das Dach? Welches Dach? Hat er sich jetzt der woanders hingegangen ist? Wo ist jetzt der, wo ist Meinst du jetzt für... Klick ihn an, siehst du ihn Meinst du nicht? jetzt für zurück? Also, du waren Ja, die für zwei zurück. Symbole sind. Guck mal, wo der Ja, Kann ich auch seh's fliegen, Mann jetzt ist. oder? Also, Ey, Also, ich ist raste aus. nicht da, wo die ganzen Wo? Leute sind. Siehst du Ich nicht? glaube, wir sind in einer anderen. Oder? Nee, Bist nee, du auch bei du bist schon Wakatashi? hier. Ja. Ihr seid doch Okay, hier bei wo? Blau und Violett Mark, oder? Ach, da unten. Ich sehe es. Hier unten ist das Dach. oh, Lesan fragt noch nach Dings, nach Booty Bay. Oh Mann. Bisschen spät jetzt. Ja. Bam. Yippie. Und Und ich flieg los. Warte. Ich sehe den gar nicht hier, Und den jetzt der- Greifmeister. Warum hier ist doch so ein Portal. Du kannst Mittwoch? noch Portal drücken. Let's go. Würde Ich es flieg Mr. mit den Morgame ganzen helfen, von der anderen Königin noch Leuten was zu hören? Ich mag das immer nicht so, wenn man... Wer hat euch Ich weiß eingeladen nicht, also fürs ich Portal? finde es Wer hat schon das total nett, wenn die Leute dann auch irgendwie dich motivieren und so, aber Wakatashi. irgendwie, ich mag es dann nicht so, wenn ich ihn nicht so ganz gut kenne, dann irgendwie so reingehen, weil ich weiß ja nicht, wenn er echt traurig ist und dann Aber ist kommt ja so eh ein erst Random halb, oder? an irgendwie und möchte mit dir reden irgendwie. Ich mag das dann nicht Halt? so. Der Ich will das Nee, doch nicht. 5 Minuten, Ich kenn Mori jetzt nicht so gut, ne? Haben die nicht mal Unterschied? Mori gibt's auf? Echt jetzt? Möchte? Nein, Ja, aber nicht. gerade, Genau, weil, ich glaub, also heute war der gerade, auch so oder? ganz komisch. Ach, Also nach, er der macht, jetzt hier. oder? Er macht schon morgen weiter wahrscheinlich, oder? Also er muss halt drüber nach, also jetzt, dass er jetzt nicht direkt weitermacht. Verstehe ich schon, er muss erstmal Ah, jetzt nee, stimmt, in 2 klarkommen. Minuten. Oder? 1913. Oh, ich hoffe, ich schaffe das mit Fliegen. Warum hast du denn kein Dings genommen? Portal. Also ganz, Ach, 19, also achso, 1913, man muss aber halt kurz erstmal 1935 kommt noch mal. klarkommen mit Wer hätte allem, mit ne, eingeladen? bevor man hier... Ach so, ey, schreib doch einfach Aber der Gilde. Hab ich. Aber nicht schlimm. Also sind doch bestimmt gerade Leute, die mit ihm reden, oder nicht? 3. Alles easy. Ist ja nicht weit. 1935 kommt noch mal einer.
Und ich werde diese 20 Minuten extra Onyx sowas von nutzen. Ich habe den Tod nicht gesehen, nee. Warum machen die das aber dann nicht 2 Stunden Warte Abstand mal, mäßig? ist es noch Versteh ich nicht. irgendwo? Wer weiß, wer weiß. Die können das doch safe entscheiden, wann, wie, wo. Ja, die machen das absichtlich, damit man halt beide Buffs direkt hat. Nee, aber ich meine, Onyx ist ja 1935 Ach, das und meinst du. Hm. 1913. Ja, weißt du warum? Wenn schon einer 1935 manche- ist, dann macht den noch 21:35 Uhr. Nee, Mod machen und die Ali nicht, wegen weil die Rand gehen ja Buff. raiden, Mhm. Johnsman. Die machen das für ihren Raid. Das sind ja Leute, die killen Nev oder Onyxia und tun den Kopf rein, die Quest, damit die gebufft sind für ihren Raid. Deshalb kommt sie auch immer erst gegen 19 Uhr. Das wird Okay. keinen Sinn machen für die um 21 Uhr, weil da sind die fertig mit dem Raid. Verstehe, verstehe. Warum? Ein Raid ist immer 19 Uhr? Nee, die meisten Gilden raiden zwischen 19 und 20 Uhr. Da ist Raid-Beginn. Hat denn jemand den aber Clip von warum macht Mori? immer Kann mir jemand jemand einen Raid um posten? 15 Uhr? Ich möchte kurz gucken, was passiert ist. Nee, das ist dann irgendein random Spieler, der das reingehauen hat. Ach so, warum? Weil manche da arbeiten. Ah ja. Nein, wenn es ja Leute, die arbeiten, ja, ne, das Das ist ist, schon... das boah. ist nur so, also, das haben die Leute sich so ein bisschen selber. Okay. Scheiße, ich hoffe, ich schaff's noch. Hallo? Bitte flieg mal ein bisschen schneller. Oder? Ich bin hier noch im Wald von Elvin, Leute. Also. Oh. Das kam noch nicht dieses in 50 Sekunden. Das kommt ja noch. I guess. Leb wohl. Ja, die Gilden hauen den Buff nicht für mich raus, sondern für ihre Raids. Okay, check. Das habe ich gecheckt. Aber ich dachte mir so, als ob es nicht Leute gibt, die auch mal irgendwie 0 Uhr raiden gehen oder sowas. Ich schau nach dich. Okay, er hat schon Deshalb echt gibt's viele freitags zum gepult. Beispiel oft weniger Buffs. Aber er hat Manchmal wird's Gegenschlag, sogar also... angezeigt, weil Freitag Raid Oh, echt schafft ihr weniger das gehen. nicht? Aha. Nein, jetzt bin ich auch in diesem Ballen da. Oh, shit. Toll hier. Jetzt nicht mehr. Oh, shit. Da waren so ganz viele. Tot. Dummy. Ich bin tot. Nein. Wirklich? Fuck. Ach, scheiße. Ich war zu unkonzentriert. Alter, stark. Gerade so geschafft. Weil ich heute so im Schiller-Mode bin, dachte ich, ja, Oh nein. easy machen wir das. Gegenschlag und dann schön mit weitreichende Stöße. Und Hochruf geht bei denen ja nicht, weil es Geister sind. Ja, stimmt. Das ist ein Undead. Das tut mir leid. Ich dachte, vom Damage wird das easy reichen mit weitreichende Stöße und Gegenschlag. No. Ach, Oh, wir haben den Buff Aber- schon. Ja, ist nicht Ich hab's viel. gar nicht gemerkt, die Animation. Ja, hier ist irgendwie schwach, Ja, ne? kam Weil vor in 4 Butchie Bay Sekunden. ist irgendwie krasser. Kommt einfach nur so. Mann. Kein Heiltrank. Er hat auch Heiltrank benutzt. Hat er schon gemacht. Er hatte halt keine Dummies. Also ich denke mal, er ist aber nicht Ingenieur. Er hat halt keine Dummies gehabt. Ach Mann. Oh, schade. Schade. Okay, ich wollte kurz gucken, ob ich vielleicht auch mal in den Channel joine und halt, wenn er nicht jetzt ultra sad ist, aber ist gerade full mute im Discord, dann lasse ich ihn mal ein bisschen chillen. Ich kann es im Chat schreiben. Was ist ein Stream nochmal? Mori ist gestorben, Mr. More Games ist gestorben. Ah, Mr. More Game. Okay. Ihr habt keine Seiten mehr, oder? Vom Schlingdorntal? Hallo Leider Tota, nein. ich sehe die Ich glaube toten nicht. Kodos auch in der Totenwelt. Chat, der Kodo ist auch tot, genau wie Sorry. wir. Wir sind nicht alleine, Chat. Wollte nicht. He's gone.
So wie meine Hoffnung. So. Er ist verschwunden. Also ich muss Musik muten, nicht da. Ah, shit, ich kann das gar nicht machen. Also ich kann mir gar nicht anhören, was er sagt, weil wegen Wortmutes. Shit. Also ich kann ihm was schreiben und ihr sagt mir dann, was er schreibt, okay? Was er sagt. Ich kann es da auch nicht anmachen. Schönen guten Tag, bin ich hier bei der Hügelgruppe. Ich mach einen Voice auf, ja. Ich gehe Hügel, Leute. Okay, viel Spaß. Viel Spaß. Ciao, ciao. Danke, euch allen viel Glück. Warte, welchen Channel? Gleichfalls. Achso. Ich habe jetzt Gift auf 3 machen, ich Oh, bin Gott. gleich so OP, ne? Alles entspannt. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich Bin dann ja gleich so einen OP, Channel Leute. aufmachen kann. Ja, sie macht gerade, oder? Ja, aber man kann manchmal nicht. Gebt wenn's so ihm voll alle ist. mal ein Follow. Ja, ich ich glaub- einfach Reapers unten aus Haben seinem wir schon Channel Shoutout raushauen. gemacht? Das 20 Channel. Lass Mr. Morgan jetzt mal einen Shoutout falls ich was geben. machen kann, der über Gebt ihm alle mal 200 Follow. rausbringen aus der Seid alle Channel. mal ein bisschen lieb zu ihm. Das ist bestimmt Sein super eigener traurig Channel. gerade. Ey, ihr könnt ins Event. Gold Goblin, Geht oben ins Dankeschön Event für rein. den Guck Raid. mal, ja, es ist Vielen richtig Dank. so. Geh oben in Willkommen an Event rein. alle. Dankeschön. Die ganze Zeit. Wir gucken gerade Mr. Morgius an, weil wir gerade gesehen haben, dass er gestorben ist, gut leider so. mit 37. Oh, fuck. Oder hat sie es geschafft? Wir probieren ihn gerade ein bisschen Nee, ich glaube nicht. anzuspornen, damit er weitermacht, weil weil ist natürlich schon ein Ihr bisschen könnt einfach tragisch in mit die 37 Event dann. Ich habe Moritz sonst schon mal gestorben mit relativ hohem Level. Ah, schon scheiße. Ja, Ach Mann. Viel Spaß noch. Dankeschön. Schönen Abend noch. Danke für den Raid. Okay. Hallo? Digga, Jen. Sie versucht die ganze Zeit. Was probiert sie, nach einen Channel zu machen? Ja, Sie und meinte joint die mal, ganze dass wenn sie spammt, dann funktioniert es manchmal. Ja, weil irgendjemand seinen Channel dann verlässt und dann ein neuer da ist. Ja. Das ist grad Max Channel. Also, es ist nicht der Spam. Er hat sich bedankt für den Shoutout. Okay, ja, nice, immerhin. Lustig, ey. Okay, Leute, dann lasse ich euch mal So in Ruhe für heute, okay? Und morgen bin ich dann wieder früh da wahrscheinlich. Und wenn ihr dann da seid, dann machen wir Full Closer Run abends irgendwann. Das Ja, würde mich wir sehr haben aber freuen. erst Ich mal- versuche jetzt noch ein bisschen zu leveln hier mit dem Buff, das bisschen auszunutzen. Ja, ich auch. Dann Auch morgen die Abend letzte- genau, gibt es halt genau, nochmal einen du Buff. auch. Also morgen 19 Uhr ZG und 19.05 Uhr und nix. Dann können wir ja mit dem Buff dann Kloster machen. Können wir machen, Können ja. wir sehr gerne machen. Wenn euch das nicht zu spät ist. Nein, passt schon. Perfekt. Ja, nice. Dann haben wir ein Date. Geil. Das Bis packt morgen. ihr easy. Sehr nice. Ich glaube für euch auch noch auf Holz, so dass das wird easy gehen. Nice. Ich habe den Tod Schön gesehen, fa- aber das war echt schade. Die 300 Ja. Schaden, da, wo ja auch Mann, immer die kamen, ey, das war aber heavy. Ja. Naja, ich spiele schon wieder 35, alles gut. Wir schaffen es nach Molten Core auf jeden Fall. Das Power-Level. Ja. Safe. Okay, dann wünsche ich auch noch Geilo. schönen Abend und Ich viel gehe auch mal Spaß ein noch. bisschen ins Leveln. Und Gleichfalls, Lichtern. danke Haut rein, dir. Leute. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Bis dann. So, okay, Leute, dann lasse ich euch für heute. Ich glaube, ich mache heute wieder keinen Recap. Ich mache einen Recap morgen, okay? Glaube ich. Ja, morgen gibt es einen Recap, okay? Morgen mache ich einen Recap. Ich mache vielleicht jetzt einmal die Woche oder so. Außer es ist richtig viel passiert, dann mache ich vielleicht zweimal die Woche. Okay? Ah ja, ich lasse euch sein für heute. Danke fürs Zugucken, danke für den ganzen Support. Sorry für den Disconnect vorher. Ich wusste, also keine Ahnung, was es war, ich weiß nicht. Aber hoffe, ihr hattet Spaß heute. Ich hatte heute ultra Spaß. Nach dem Off-Day hatte ich irgendwie so noch mehr Energie wieder und irgendwie mehr Bock auch. Also ich hatte auch die ganze Zeit vorher schon Bock, aber ja, mit dem Off-Day irgendwie noch ein bisschen mehr. Und hatte aber ultra chill, so ein bisschen gequestet und nicht ganz viele Dungeons gemacht und so. War echt nice. Und wir haben wieder mit Jen gespielt, das war auch richtig nice. Aber ich freue mich echt, wenn wir wieder mit Jen dann voll questen können, weil dann sind die Sauerkraut Brides wieder vereint. So.
Okay, lass mal irgendwen hosten. Irgendwen raiden. Vielleicht jemanden, den ich nicht immer raide, ist irgendwen anders vielleicht mal. Soll ich vielleicht jemanden raiden, der nicht so ganz viele Viewer hat? Also so Leute, mit denen ich vielleicht nicht so abhänge immer. Weil ich hoste immer meine Leute hier. Vielleicht soll ich mal ein paar hosten, jemanden hosten, der halt nicht so. Wie wär's mit Baso zum Beispiel? Ich finde Baso ja ultra nice. Ich finde sie so lustig. Ja, Baso ist richtig cool, aber ich finde sie auch richtig lustig. Und ich möchte auf jeden Fall, dass Baso dabei bleibt beim Spiel. Vielleicht hilft dir ein Raid so ein Ich bin bisschen. richtig eine Alchemie-Maus geworden. Lass mal Baso raiden, oder? Okay, lass Baso raiden. Okay, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch nicht beim Stream folgt, würde ich mich echt freuen, wenn ihr followt. Dann habe ich auch 2 YouTube-Channels. Da poste ich Gaming-Sachen. Da habe ich auch die ganzen Recaps gepostet vom Sauerkraut-Event. Und dann habe ich noch so einen Real-Life-Channel, wo ich so Real-Life-Sachen poste. Und auf meinem Instagram poste ich dann auch richtig viele Dinge, immer wenn ich nicht streame. Gestern zum Beispiel habe ich die ganze Zeit Instagram gespammt. Holy shit, ich liebe Basos Pullover, ihren Sweater, keine Ahnung, wie man das nennt. Oh, wie cute ist das? Das ist die schönste Farbe der Welt. Oh, das ist auch so oversized und so. Ich liebe den einfach. Oh Gott, ich brauche den. Wo hat sie den her? Oh, der ist so cute. Er ist so cute. Oh Gott, ich brauche den unbedingt. Sorry. Also folgt beim Instagram. Da poste ich die ganze Zeit Sachen. Und ja, das war's. Okay, schönen Abend noch. Und viel Spaß. Gute Nacht. Tschüss.